bin da, ich bin da, ich bin da. Puh, sheesh. Oh, meine Güte. I'm sorry, man. I'm sorry. No. Dieser Website hier ist ein Problem. Oh oh. Haben die Server neu gestartet? Wahrscheinlich mal, ne? Haben die wahrscheinlich mal die Server neu gestartet? Scheißdreck. War Maintenance. Ah ja. Und wie läuft's? Und wie läuft's? Nächster Entschuldigungscode von Gala. Na, der wird sicher direkt mal reingeschoben. Nächster Entschuldigungscode von Gala. That's what I like to say. That's what I like to say. You look tired as hell? Ja, Alter, ich bin gerade eben aufgestanden. Mann, was willst du von mir? Ich bin gerade eben aufgestanden, Sir. We is back. Ich verkaufe eine Tyrant Suit. Verkaufe 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 Tyrant Suit. Ah ne, die Death Boots habe ich doch verschickt. Oh, okay. Oh, Emote-Chat. Oh. Ja, weil ein paar Leute schreiben können. Das mit dem Emote-Chat ist so bescheuert, weil ein paar Leute ganz normal schreiben können. Deswegen merkt man es nicht immer sofort. Weil Subs und so können ja ganz normal schreiben. Kannst du haben für eine Minute Streamverlängerung? Will ich aber nicht. I'm looking for STR gestattet, Sir. Nope. Tyrant Suit bräuchst du, Julie. Mein aktuelles Offer liegt bei 50 Mille. Bieten Sie mehr. Nur VIPs können wir Emote-Chat schreiben. Subs nicht? Oh, ich dachte auch Subs. Ja, dann wahrscheinlich VIPs und Moderator, I guess, ne? Ja. Ja, das kann man auch gar nicht einstellen. Das ist eigentlich voll blöd, aber was soll's. Ah. Gut geschlafen? Naja. Bringt halt irgendwie nichts. Ich bin trotzdem arschmüde. Aber gut, ich bin literally gerade eben aufgestanden, also das legt sich schon wieder. So, Nation. Come on, baby. Was ist am Start? Was ist am Start? Gio, nichts mehr wert. Also es war gestern schon nur noch 30 wert. Ich bin noch nicht 105. Ich kann noch ein paar Stunden warten. Also ich würde gerne unter 20 zahlen. Es war gestern schon nur noch 30 wert. Also ich denke, unter 20 ist realistisch. Unter 20 ist, denke ich, sehr realistisch. Genauso wie ich es gesagt habe. Einfach nur warten und die Scheiße wird automatisch wertlos. Wie immer bei AG Jojo. Das ist nämlich immer sehr schnell wertlos. Okay. Ja gut. Ich habe Full-Shout. Dann baller ich mal einen Full-Shout für die Suit raus. Muss noch hochfahren, ja. Ich mach uns mal einen Full-Shout für die Suit. Gestern hat es gar nichts gebracht. Hat sich niemand bei mir gemeldet.
Mal gucken. Power Dives wurden alle gekauft. Mats wurden nicht alle gekauft. Okay. Ich will noch einen neuen Shop auf jeden Fall aufmachen. Damn, meldet sich wieder keiner. Wie das 55 für die Suit. Junge, wieso meldet sich da keiner? Nicht mal, hey, 10 Mio. Schreibt einfach gar keiner. Ich habe gerade einfach einen fucking Server-Shout schon wieder gewastet. Ich habe schon 2 Server-Shouts gewastet. 2 Server-Shouts für das scheiß Suit gewastet, es hat sich niemand gemeldet. What the fuck, Alter? Es gibt keine einzige Suit auf dem Markt und trotzdem meldet sich keiner. Läuft. Das sind wohl alle schon 150. Biete einen Star Candy. Da schmeiße ich sie lieber weg, Bolt. Da schmeiße ich sie lieber weg, Mr. Bolt. Ja, die Mets scheinen auch ganz schön runtergegangen zu sein. Ich hatte die für 6,4 im Shop. Ich hatte die für 6,4 im Shop. Naja, dann machen wir mal 90 Mille, I guess. Und wenn sie dann immer noch nicht weg ist und sich immer noch keiner gemeldet hat, dann scheint sie wohl wirklich nur so 50, 60 wert zu sein. Crazy. Blaine Suit habe ich noch gedroppt. Auch übelst der Abfuck. Oh, ups. Und... Aber dann hast du über 4,5k dran, immer noch da. Oh, dann im Metz. Naja, gut, ich meine, die Preise schwanken ja extrem. Und ich habe es jetzt eigentlich nicht so eilig. Ich habe es nicht so eilig, warum? Weil, meine nächste Anschaffung, also ich bin jetzt eigentlich fertig mit meinen, essentiellen, wie ich sie genannt habe, Essentials, bin ich jetzt eigentlich fertig. Ich habe jetzt ein Speedset. Ich habe nochmal Party Scrolls. Eine muss ich jetzt aktivieren, weil die andere ist abgelaufen. Ich habe nochmal FEC Flask für 3 Tage. Das heißt, ich bin grundsätzlich vorbereitet. Ich habe nochmal NPCs. Also ich habe jetzt nochmal 15 Tage NPCs, obwohl ich noch 15 Tage laufen habe. Also das heißt, NPCs für den kompletten nächsten Monat habe ich. Wahrscheinlich länger, weil die laufen ja nur, wenn du sie aufstellst. Also NPCs haben ja eine nicht so krasse Verbrauchsdauer. Also du spielst 24/7. Genau. Und das heißt, eigentlich habe ich jetzt alles erstmal. Also 105er Equipment bräuchte ich jetzt natürlich, aber das kostet ja nicht viel, sag ich mal. Also clean erstmal alles und so. Also dann bin ich noch nicht 105, ich habe ja noch 3,5 Level. Genau. Und das heißt, eigentlich, ja, müsste ich jetzt eh Fett sparen, weil ich wollte eigentlich so machen, dass ich mir jetzt dann 30 Tages-Sachen kaufe. Das heißt, 30 Tage Party Scrolls wird natürlich sehr teuer und 30 Tage FEC Flask. Also erstmal 800 Mio farmen jetzt so ungefähr. 10.000 F-Coin basically. Ja, das wird ein bisschen dauern, ne? Also erstmal die Party Scroll, hätte ich gesagt, und dann die FEC Flask. Das wäre jetzt so mein Plan gewesen. Ob ich das heute schaffe, weiß ich nicht. Aber mein Einkommen ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile echt gut. Also wenn ich bei Klarfunds farme, bei so Mobs, die ein Level über mir sind, da macht man tatsächlich schon echt fett Kohle. 2 Invis die Stunde. 2 Invis die Stunde und geht echt, da geht gut was rein. Also bei Klarfunds kann man fett Asche machen mit NPC-Shit und so. Hatte gestern auch 80 Power Dice, nachdem ich da 3 Stunden gelevelt habe oder so. Also 80 Power Dice 8. Allein das sind ja auch nochmal 20, 30 Mio. Also es wird wohl heute ein möglichst einfach nur Massen an Monster töten Tag. Nicht wirklich leveln. XP-Event ist jetzt eh vorbei. Also heute geht es dann quasi um ein bisschen Kohle farmen. Also 105 auf jeden Fall, aber das kommt ja eh schnell. Und dann, ja.
Genau. Das war so der Plan, ne? Ja. 50 Mio habe ich noch. Power Dice, wie gesagt, verkauft noch ein bisschen. 50 Mille habe ich eh noch. Die brauche ich halt fürs 105er Equipment. Ja. Der neue Coupon, ja. Achso, hab ich mir den gar nicht geholt. Hä? Ich habe ihn eingelöst. Stimmt, ich habe ihn mir gar nicht geholt. Hold up. Ja, ich hab's gesehen. Eine Ampli und noch irgendwas, oder? Wait. Hä, habe ich mir nicht eingelöst? Ah, tatsächlich habe ich mich nicht eingelöst, Leute. Was war das? Eine Ampli? 5 Lastboxen. Oh, ja gut. Okay, der andere war besser. Was waren es da? 2 Amplis und 5 Upcuts, oder? Ja, der andere war auf jeden Fall besser. Ich habe nur Ampli gelesen, da war es mir ja tatsächlich egal. Ja, das ist schon relativ schlecht auf jeden Fall. Das ist jetzt okay für die Suit? Nee, ich habe gesagt, ich packe sie jetzt erstmal noch in den Shop und warte, ob sie noch jemand meldet, Sir. Also wenn du sie unbedingt willst, sagen wir 65. Dann gebe ich sie dir sofort. Sonst hätte ich nochmal gewartet. Weil gestern gab es keine einzige Suit. Ich hatte die einzige Suit auf dem fucking Server. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Tyrant, Suit. Na gut, es gibt tatsächlich 3. Ja gut, gestern... Achso, nee, das eine ist meine, lol. Ja, also jetzt gibt es 2 und meine. Ja. Hannes geht auch so für 50, ja, gestern hat sich eingepennt. Okay. Ja, aber dann... Okay, dann 60. 60 sofort oder 55 oder 50 später, je nachdem. Was sagen Sie? Kaufst du? Okay. Ja, dann kannst du sie aus dem Shop kaufen und ich gebe dir die Differenz. Ich weiß gar nicht, für wie viel habe ich sie rein. Okay, ich habe sie für 90 rein. Hast du 90 Bio? Ich gebe dir den Rest wieder. Gestern habe ich noch 2,5k für Hannes bekommen. Tja, Bolt, die Wirtschaft ändert sich halt schnell auf dem Server. Ja, oder scheiß drauf, mein Shop ist eh nutzlos eigentlich. Wie heißt du, Jule? Jule. What's your name, partner? What's your name, brother? Sir? Monopol. Ist raus. Schicken Sie mir einfach das Geld. Ich habe es eilig. I need to grind. Vergiss nicht die 500 Penner Gebühr für die Nachricht. Das ist ein guter Punkt, ja. Oh mein Gott. Portbugs? No way. Oh mein Gott, ich komme nicht aus Darkon 3 raus. Oh. Party? Yeah, Party. Sucht jemand eine Party? Any party animals in the chat? Any party animals in the chat? Ja, ich bin Channel 1 tatsächlich gerade. Channel 1. Oh, Power, der ist beim Blueja gedroppt, GG. Channel 1 kommen, ja, ich weiß noch nicht, auf welchem Channel ich farmen werde. Ich weiß noch nicht, auf welchem Channel ich farmen werde, leider. Geht dir wieder was frei? Maximal 2 Plätze, I guess. Achso, ja, ich müsste halt auch mal Tower machen und Clockwalks. Gestern einfach keinen Tower gemacht, weil ich so im... Aber so, ich finde, das hat schon gepasst mit Tower, weil, ich meine, klar, hätte vielleicht eine AG-Waffe kommen können, aber... Naja, so
so häufig kommen die dann auch wieder nicht im Tower. Also wenn man Pech hat, braucht man trotzdem auch 10 Tower Giants mal. Wann endlich CW, du geile Sau? CW würde ich jetzt auf jeden Fall noch warten bis 105. CW würde ich jetzt noch warten bis 105. Logischerweise. Habe ja noch den ganzen Tag Zeit. Dankeschön. Du hast in 10 Giants 5 Waffen gedroppt, Sir. Schön für Sie, Sir. Ich habe schon sehr oft FEC gespielt, Bolt, und ich kann dir sagen, dass das definitiv nicht normal ist. Letztes Jahr habe ich bestimmt 20 getötet, ohne eine einzige Waffe zu schwappen. E-Sportler lebt gefährlich hier. Saugen am Abgrund. Oh, er geht wieder. Ja, wenn jemand auf einem AG-Jojo hockt und er kriegt's nicht los, sagt Bescheid, ne? Wenn jemand unbedingt ein AG-Jojo loswerden will, das er nicht losbekommt, bin ich euer Mann. Also, es gibt einen Typen, der hat 5 Jojos, ne? Es gibt einen Typen, der hat 5 Jojos, hat sie alle für 50 drin, obwohl alle anderen für 30 verkaufen, 29, 30 oder so. Also sowas gestern. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und anderer, also eigentlich hatten wir alle 2 mindestens gefühlt. Das ist crazy, ey. Die Leute mit den Preisen, die gehen einfach nicht runter. Das ist immer so nervig. Die wissen genau, dass der Scheiß nichts wert ist und trotzdem tun sie es immer so teuer in den Shop. Und dann immer dieses Verhandeln. Ich hasse es so sehr. Tut's die Scheiße doch einfach für einen angemessenen Preis rein. Es nervt so. Niemand zahlt 50 für ein AG-Jojo. Kein Mensch auf diesem Planeten würde das jemals bezahlen. Warum soll ich das dann bezahlen? Das gibt keinen Sinn. Ja, denkt an eure Dailies. Ich habe jetzt auch Attendance-Coupons rein. Schauen wir mal, komm, Attendance-Coupons. Come on, baby. Come on, baby. Boah, Alter, meine Dailies auf dem Server sind so scheiße. Ich krieg nur Food und Müll. Noch nicht ein einziges Mal was Krasses bekommen. Aus der Attendance-Coupon habe ich eine Ampli bekommen. Sehr gut. Attendance-Coupon ist ein Ampli. Sehr gut. Und wenigstens ein Low-Upcut. 2 Refresher holt. Läuft auf einem Jester. Ja gut, wenigstens mal ein Low-Upcut. Low-Upcut und eine Ampli. Naja, damit kann ich leben. Das ist ja schon mal besser als gestern. Danke, Merkel, für die eine Amp. Ja, ich meine, Attendance-Coupons sind echt so, zu 90% kriegst du Effekte und Aura leider. Das ist echt ein bisschen kacke. Ich verstehe es auch nicht, weil... Also, du kriegst halt 4-mal, also wenn du Pech hast, kriegst du 4-mal Aura-Effekte. Und ja, du kannst aber nur 1 aktivieren und man kann es auch nicht stacken. Und ich denke mir jetzt so, naja, theoretisch könnte man das ja jeden Tag machen. Also du kannst ja jeden Tag einen Attendance-Coupon kaufen. Wenn du das jeden Tag machen würdest, selbst wenn du es so für 2 Wochen machen würdest, hättest du Auren und Effekte für halt literally Monate oder so. Aber ich denke mir halt so, ich meine so... Es ist halt einfach nicht gut durchdacht. Also, dass sie nicht wollen, dass du da jedes Mal 500 F-Coins in Worth of Amplis und so bekommst, mag sein und so. Aber irgendwie ist es halt schon auch ein bisschen stupid. Ach, ich habe die Pi-Score nicht aktiviert, RIP. Ja, weiß auch nicht. Also, es ist einfach nicht so gut durchdacht. Whatever. Meine M hat eine Potion Box bekommen, by the way. Eine Potion Box und 3 Effekte. Was hatte ich? Eine Ampli und 3 Effekte. Er hatte eine Potion Box und ich eine Ampli. Drizzle, danke für den Resub. I appreciate it. Du startest jetzt FEC, Pinguin, Rattensimülte zu einer Klasse. Mach einfach Blade Dam, wenn du gar nicht weißt, was du spielen sollst.
Blade und der M immer eine goated Combo. Meine Keime. Das mache ich mein Bester. Yeah. Wäre nice, wenn man die Preise im Search Tool sehen würde. Ja, also auf dem FEC, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt vor dem FEC. Dieses Search-Shop-Ding wird hier so nutzlos sein. Oh. Geil. Da ist natürlich genau da ein Agro gespawnt. Sogar 3 Agros. Geil. Oh. Ich hab's gesagt, dass das einfach nutzlos sein würde, weil, ja. Selbst die Items, die, sag ich mal, nicht ganz so selten sind. Sagen wir mal, nicht ganz so häufig sind. Junge, hier spawnt jedes Mal Agros. Der Catcher liegt halt wirklich am Todespunkt. Bei Satine vor allem sieht man sehr gut. Bei manchen Satine Hyper zum Beispiel gab es da teilweise 180, 190 Stück. Das schaut sich doch kein Mensch an. Also ich denke, ab 20 Shops, also sobald es mehr als 20 Shops sind, ist das einfach zu viel. Weil dadurch, dass ja auch alle Shops woanders sind. Und ja, gut, du hast 5 Teleports, wenn du den Battle Pass hast, aber was bringt dir das? Was bringt dir das? Also 5-mal am Tag teleportieren, ja, wow, also schon crazy. Für seltene Items ist es nützlich, aber sonst ist es schon fragwürdig. Und ich denke mir halt so, jeder weiß, wie viel Potenzial dieses Feature hat, theoretisch. Jeder sieht das Potenzial von dem Feature und jeder fragt sich nur, warum stehen die Preise nicht drin? Denn wenn die Preise drin stehen würde, dann wäre es das beste Feature aller Zeiten. Ohne die Preise ist es so, Und was ich hier mache, nichts wie weg. Ich warte darauf, dass meine M wieder da ist, weil er gerade beim Collecten gestorben ist. Und ich bin auf dem Weg zu Klarfans, zum Farmen. Bisschen Party ziehen bei loweren Monstern, wenn du erlaubst. Und Collecte nebenbei. Ja, er stirbt einfach wieder. Oh mein Gott. Wieso hat er denn kein Food mehr? What the fuck? Ich konnte nicht mal fooden, weil er kein Food mehr hat. Warum hat er denn kein Food mehr? The fuck? Jesus. Was ist denn mit meinem Meat Salad passiert? Er hat 3000 Meat Salads. The fuck? Jesus. Movements wie ein E-Sportler. Dankeschön, Sir. Hier war auch irgendwo noch ein Catcher. Einer war noch da. Unamas. Unamas. So. Okay, der Catcher ist jetzt gedespawnt. War ja nicht noch einer? Ja, schwören können, hier war noch ein Guru-Catcher. Naja. Dann halt nicht. Aber 4-mal Schmuck gedroppt auf CW Low gestern ist das Average. 4-mal ist... Nein, das ist nicht Average, what the fuck. Ah, hier war noch ein Aaron-Catcher. Mineral. Nein, 4-mal ist nicht Average. Also auf Burodeng droppst du 1 bis 3. Da war Average 1,6 oder so. Habe ich ja ausgerechnet. Auf Buro ist es so 1,6 oder so. Und wieder diese reichen Leute, die ihre NPC-Items nicht aufheben. Hier ist definitiv zu viel los. Wie viel AP hat CW Medium? Ich überlege gerade, es müssten eigentlich 52, 61 und 80 sein, oder nicht? Geh weg von meinem Spot, Mr. King. Sir. Das ist jetzt mein Spot, Mr. King. Mr. King. Ach, verpiss dich.
Wo gibst du die Codes ein? Taste U, Coupon. Taste U, Coupon. Coupon Nation. Na, warte ab. Hater. Ach, leck mich doch. Junge, wieso ist so viel los? Heute ist Montag. Arbeiten die Menschen nichts mehr? Arbeitet denn keiner was? Wo gibt's einen neuen Coupon? Im Discord. Jesus. No way. Uff. Meine Güte. Auf jedem Channel ist ein scheiß AOE-RM, ey. Und das hier ist nicht mal der gute Klarfahren-Spawn. Das hier ist nicht mal der gute Spawn. AOE-Elementor. What the fuck? Sag mir die Codes. Geh nach unten rechts vor Captain. Alter, rechts vor Captain ist die übelste Scheiße. Bin ich gestern 10-mal gestorben wegen diesem bescheuerten Dach. Das ist der schlechteste Spawn, den es gibt. Da will ich nicht sein. Da will niemand sein. Da ist niemand, weil er niemand sein will. Das ist Hundescheiße. Deswegen geht da auch keiner hin. Uff. Es sind auf jedem Channel Minimum 2 Leute nur an diesem Spawn. Hä? Es sind auf jedem Channel nur an diesem Spawn 2 Leute. The fuck? Das heißt, wenn an jedem Klarfahren-Spawn 2 Leute sind, dann leveln gerade einfach 80 Leute bei Klarfahren oder was? Wie kann das sein? Wie können 80 Leute bei Klarfahren sein? Das ergibt keinen Sinn. Einfach der halbe Server ist gerade bei Klarfahren. What the fuck? Oder doch Chimeradon. Chimeradon hat man bestimmt seine Ruhe. Uff. Alles Wüstenskipper. Naja. Alles Wüstenskipper. Du sagst es. Bis welches Level machen die denn da die Wüste skippen? 105. Warum skippt man die Wüste? Warte. Das ist ein akuter Anfall von feige Hühnchen, Sir. Die sind alle mental zu schwach für die Wüste. Das ist die feige Hühnchenkrankheit. Kappa. Eigentlich kein Kappa. Also ich fand die Wüste nie so schlimm und ich habe HNR-Elementor gespielt, wo ich literally jedes Mal gewone-shottet wurde, wenn die in der Raid-Chase waren. Ich bin kein Wüstenhater. Also ich meine, jeder ist ein Wüstenhater, aber ich hate die Wüste aus anderen Gründen als alle anderen Leute. Die meisten Leute haten die Wüste, weil die Monster zu stark sind. Ich hate die Wüste, weil sie zu klein ist. Also die Monster sind auch scheiße, ja, aber die Wüste ist einfach zu klein. Wenn die Wüste größer wäre, hätte ich kein großes Problem mit ihr. Aber viel zu klein. That's the problem.
In was für einem Levelabstand lässt man seine Helm hinter sich laufen? Ist eigentlich egal. Das ist eigentlich egal. Wo gehst du dann hin mit 105? Naja, mit 105 gehst du schon in die Wüste, holst dir mal alle Quest-Items ab. Theoretisch könntest du auf 105 ein bisschen questen. Könntest du ein paar Quests nachholen. Und ja, dann kannst du nach Asria. Also holst dir Chimeradon-Questies, also es sind ja 4 Quest-Items dort. Die erste kannst du, glaube ich, auch schon machen. Chimeradon kannst du dann auch schon direkt machen mit 105. Das sind auch wieder 20%. Und dann könntest du halt ein bisschen questen, theoretisch. Sowas wie Dekans Mine oder so nachholen. Gibt da auf 105 oder 100 auch noch gut XP. Ja, und dann gehst du halt direkt nach Asria. Also die meisten würden wohl so zwischen 107 und 110 nach Asria dann schon direkt gehen. Also müsstest nur irgendwie auf 107 bis 10, je nachdem wie gut dein Equipment ist, kannst du halt früher oder später gehen, I guess. Und dann, ja. Vergesst nicht eure Cheer Nation. Welches Cheer-Level habe ich denn erreicht? Lol, haben die Server schnell neu gestartet. War ja gar nichts. Da kam nicht viel an passiver XP zusammen. Eine Frage zu Blinkpool. Ist Stufe 20 da auch Max? Und was macht es einen Unterschied bei Level 1 und Max? Ich glaube überwiegend der Cooldown war es, ne? Cooldown und ich glaube sogar die Reichweite. Aber hauptsächlich der Cooldown. Cooldown Nation. Schon die Distanz, ne? Ja. Aber beides. Also, auf jeden Fall muss es maxen. Immer. Und mit dem Levelabstand nochmal beim RM. Wie gesagt, also der M sollte halt eigentlich immer unter dir sein, grundsätzlich. Wenn er über dir ist, ist es nicht so gut. Aber ist eigentlich egal. Also der M kann 19 Level unter dir sein, 5 Level, 10 Level, ist eigentlich egal. Halt nicht mehr als 19. Er darf natürlich nicht mehr als 19 unter dir sein, weil sonst kannst du ihn ja gar nicht mehr leveln. Und halt im besten Fall nicht unbedingt über dir. Also über dir ist jetzt grundsätzlich nicht so gut. Also ist auch nicht so schlimm, wenn es nur ein paar Level sind, aber sollte jetzt halt eigentlich auch nicht unbedingt sein. Mist. Lol. Das war actually nicht mal mit Absicht. Das war... Ja. Och Mann, ey. Gefühlt bei jedem sind es immer 10 Level. Bei mir sind es gerade auch 10 Level tatsächlich. Und das Interessante daran ist einfach, es ist aber hauptsächlich aus dem Grund. Ich habe für 80 Millionen Haganes-Suit gekauft. Ey, wieso hast du nicht bei... Wer hat das? Haganes-Suit für 50 Millionen hat vorhin jemand gesagt. Damn. Misa, glaube ich, war es, oder? Misa hatte eine. Jetzt vielleicht ein bisschen weiter suchen müssen. Im Trade heute auch das für 50 gesehen, ja. Naja, egal. Was man hat, hat man. Ja, auf jeden Fall besser, als wenn du gestern 2000 F-Coins gezahlt hättest. Das wären ja dann quasi 150 gewesen. Holy shit. Da ist dann selbst 80 noch gut dagegen. Naja. Meine kostet heute 5k. 135er Suit oder was? Ja, finde ich aber eigentlich auch gar nicht so teuer. Hab noch legit kein einziges 135er Set gesehen.
Ja gut, das heißt, was wäre eigentlich mein Ziel? 5500 F-Coin bei 80 Mio habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Was wären das? 480 Mio, oder? Wäre mein Ziel heute theoretisch 480 Mio zu farmen. Theoretisch. Das könnte eine Weile dauern. Wo droppt man 135er? Ab Mutant Augu müsste das sein. Let's get ready to rumble. Er 120er Waffen schon ab Medomet, oder? Nö, ab Muffrin. Ab Level 113. Als ob es hier noch ein RM kommt. Verpiss dich! Was? Ey. Was soll das? Hier ist schon ein Ringmaster. Ey, wechsel gefälligst den Channel. Wie unverschämt ist das? Hier ist schon ein Ringmaster und ein 1v1 und das fängt einfach das Leveln an. Bro. Ey. Ey. Nicht cool. Nicht cool. The fuck is happening? Ich bin echt überlege, ob ich einfach zu den Chimeradons gehe. Aber ich bin jetzt tatsächlich noch fast ein bisschen zu low für die. Also, naja, gerade so. Also 101, früher würde ich da echt nicht hingehen. Vor 101 sollte man da schon echt nicht hingehen. Warum skippen so viele Leute die Wüste? Fand die bei PC immer am besten. Weil die Monster sehr stark sind. Die Monster sind dort einfach sehr stark. Ich meine, es stimmt schon, dass die Monster sehr stark sind. Aber, das ist halt der einzige Grund. Also der einzige wirkliche Grund, sag ich mal. Und, ja. Das war's eigentlich. Ich meine, also noch ein Grund ist halt natürlich, Klarfahren hat halt sehr gute Spawns. Chimeradon zum Beispiel hat keine so guten Spawns. Also Chimeradon hat actually, Chimeradon Spawn haben sie leider richtig kaputt gemacht. Der war mal der heftigste Spawn im Game. Auch in Flive Universe eigentlich war es einer der heftigsten Spawns im Game. Also bevor es Kraken und sowas gab. Aber ja. Den haben sie leider kaputt gemacht. Also der ist mittlerweile komplette Arschritze. Allerdings die Bären und die Popcrank und so, die sind schon gut. Immerhin wird es in der Wüste etwas leer sein. Ich fürchte, sowas wie leer, das gibt es hier nicht. Ich fürchte, sowas gibt es hier nicht, ehrlich gesagt. Oh, na, mein, der Spawn hier ist leer. Lol. In diesem scheiß Haus schlagen sie sich die Schädel ein und hier ist niemand. What the fuck? Die wollen mich doch verarschen, oder? Da oben schlagen sie sich die Schädel ein, auf jedem Channel zu dritt. Und hier unten ist einfach keiner. So, fuck? Ach, nevermind. Das hat sich erledigt. Es hat ganze 2 Sekunden gedauert, bis jemand auch hier ist. Wie viel Euro sind wir schon drin? Impisch? 6000 aktuell. Ich bräuchte noch ein Filler-Paar, by the way. Channel 2. PSF. Oh, fuck. My bad. Global Attack vergessen. I'm sorry. Sorry. Level 5 ist der Teile was wert? Nicht wirklich. Geht ja noch. Ja, passt schon. Man will ja nicht übertreiben. Ist der Stream abgestürzt? Dachte heute Morgen, der Sabotage wäre vorbei. Nee. Aber der Stream startet neu irgendwann. Twitch startet den Stream neu, da musst du dann F5en. Nach 48 Stunden wird ein Livestream neu gestartet auf Twitch. Also nicht neu gestartet, aber fängt ein neuer Stream quasi an. Keine Ahnung. Schwer zu erklären.
Und ja. Bis jetzt nerven nur die AOE-Amps, bin noch kaum Alice begegnet. Burnicky ist eigentlich schon für Elementor sehr gut, weil ja doch so viele Leute Windfeed gerne benutzen. Und so. Machst du noch das Stuff-Element höher als plus 1 zu machen? Nope. Immer plus 1 und immer Wasser. Eigentlich. Also beim Leveln. Oh mein Gott. Wundert mich ein wenig, dass es kaum Alice gibt in der Bomb, wenn die letzte wundert mich wenig. Ja. Das stimmt wohl. Also vor allem die ganzen Free-to-Play-Elementoren, die sind halt GF-punktet. Weil wenn du, sag ich mal, payst, dann kannst du auch einfach Face-Tank zur Not spielen. Gehst halt ein bisschen defensiver. Holst dir einen Grid E, Death Upcuts down und so. Machst ein bisschen Face-Tank-Action mit Heal. Zur Not. Aber, ja. Ich meine, da haben auch nicht alle Bock drauf, muss man auch dazu sagen. Ey. Wieso kommt denn der jetzt hier rüber? Der Spawn war literally komplett frei, dann gehe ich hin und jetzt sind 3 Leute hier. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist... ich habe 5 von Klarfahren erreicht. Damn. Ja, ich meine, 102 will ich auf jeden Fall machen, bevor ich in die Wüste gehe. Das wäre das Minimum. Also keiner, der eine Party sucht. PSF sucht. Wie läuft's bei mir? Ach. Geht eigentlich. Geht. Für Party, reserviere 2 Plätze. Ey. Ja, aber wir ist so ein Vagrant drin, der ist jetzt offline und so ein 74er Ringmaster, der wahrscheinlich solo farmt. Die würde ich gerne loswerden, weil die bringen unserer Party nicht viel, wenn die da solo unterwegs sind. Zwei Low-Level kommen, die sind garantiert besser. Immerhin ziehe ich eine Stunde durch. Damn. Well, better than nothing. Sag, wenn du da bist, weil ich muss die erst noch rausschmeißen. Oh, ich habe einen Dinghelm gedroppt. Ectro. Bin da, Channel 2. Yes, die Party heißt AAA1 und Duo Only. Jetzt. 6 von 8. Denke mal, das bist du, der gerade gejoint ist, oder? Nice. Dongshe. Dankeschön. Ich würde mich der Party anschließen. Jetzt ist es leider zu spät, Sir. I'm sorry. Jetzt sind wir wieder full. War nur ein Plätzchen frei, leider. Also ein Duo-Plätzchen. Ich werde Sie informieren, wenn wieder etwas frei wird. Muss ich die Mäusen Vegas auf höher als 7 zu A machen oder bringt das nichts, wenn man eher auf anderen Schmuck nachher geht?
Naja, das kommt drauf an. Du hast ja sicherlich schon oft gesehen, dass Leute Schmuck plus 20 gemacht haben, oder? Ja, das machen die natürlich nicht aus Lust und Laune heraus. Das machen die ja quasi, um damit Ultimate-Schmuck herzustellen. Also ich sag mal so, wenn du jetzt vorhast, dein ganzes Geld in A-Projects zu investieren, also nicht nur deine eigenen F-Coins, sondern auch dein gefarmtes Geld, was du wiederum für A-Projects ausgibst. Man braucht auch, sage ich mal in Anführungszeichen, nur circa 500. Man kann natürlich auch mehr brauchen, wenn man Pech hat, aber ja, so um die 500 sollte man davon ausgehen. Dann kannst du Schmuck plus 20 machen und davon kannst du einen Ultimate-Schmuck holen, den du ab 120 benutzen könntest. Normalerweise zumindest 120. Und das wäre halt der Way to go. Das heißt, du hast alles plus 7, fängst dann an zu upgraden und machst halt plus 20. Und wenn es plus 20 ist, benutzt du es einfach bis 120 und dann tauschst du es in Ultimate um und dann benutzt du halt Ultimate. Das war's. Also so macht man es hier eigentlich. Oder man wartet halt, bis es genug Ultimate-Schmuck gibt, aber das wird eine Weile dauern, also das geht jetzt nicht so schnell, weil dafür müssen erstmal so viele Leute auf 141 kommen und den ganzen Tag Dungeons farmen. Also Ultimate-Schmuck auf dem Markt wird es jetzt so schnell nicht geben. Also wird es safe geben, aber halt nicht, also das dauert ein paar Wochen noch, bis das mal faire Preise sind und so. Also 2500 A-Pros kaufen. Nein, 3-mal. Du musst 3-mal plus 20 machen für ein komplettes Schmuckset. 3-mal. Deswegen sage ich ja, es ist gar nicht so viel, dadurch, dass du ja Doppel-Upgrade-Rate hast auf dem Server. Und eigentlich wäre das Klügste, du wartest auch noch auf ein Upgrade-Event. Am Wochenende sind ja immer Events. Und weiß man jetzt natürlich nicht, wann es kommt, aber ja. Also am klügsten wäre es theoretisch noch, man sammelt so 1000 bis 2000 A-Pros. Und Trash. Holt sich dann beim Upgrade-Event noch den Bonus mit rein. Wieso denn nur 3-mal? Na, weil das reicht. Wieso mehr als 3-mal, wenn 3-mal reicht? Gegenfrage. Wieso willst du mehr als 3-mal plus 20 machen, wenn du es nur 3-mal brauchst? Oder 2-mal plus 3-mal plus 18. Oder das, ja. Aber 3 Teile 20 kriegst 5 Ulti-Teile. Nein, so funktioniert es nicht. Du musst bis 20 upgraden. Dann kannst du das zerlegen in Dust und Jewel Fragments. Und für Dust und Jewel Fragments kannst du Schmuck herstellen. Also die Jewel Fragments, die kriegt man eigentlich aus Dungeons, aber wie gesagt, es farmt ja noch gar keine Dungeons, also die kannst du jetzt aktuell, also erstens kannst du nicht kaufen, die sind sehengebunden und zweitens, es dauert jetzt einfach noch ein paar Wochen. Wenn du es halt jetzt zeitnah willst, den besten Schmuck, dann bleibt dir nicht viel anderes übrig, als ihn zu craften, anders geht's nicht. Und vor allem, selbst wenn du Dungeons farmst, du musst über 200 farmen für ein komplettes Schmuckset. Also selbst wenn du jetzt, sag ich mal, stark genug bist und in der Gruppe bist, die das farmt, dann dauert es immer noch ein paar Wochen, weil du so lange brauchst, um so viele Runs zu machen. Oder, na gut, ich meine, auf dem Server suchten die Leute so krass, da dauert es vielleicht nicht ganz so lange. Hier geht es vielleicht ein kleines bisschen schneller, weil die Leute den ganzen Tag spielen. Aber trotzdem, ja, ich bleib dabei. Also das wird jetzt einfach ein bisschen dauern. Also es wird ja nicht viel anderes übrig bleiben, als wenn du es willst, also und wenn du das Geld hast und whatever, dann wird dir nicht viel anderes übrig bleiben, als tatsächlich Schmuck plus 20 zu machen. Oder halt, ja, muss nicht zwingend plus 20 sein. Oder 3-mal plus 20, man kann auch 2-mal plus 20 machen und dann 2-3-mal plus 18 oder whatever, muss man sich halt ausrechnen. Gibt es ja die Umrechnungstabellen, wie viel man genau bekommt, habe ich jetzt nicht gemacht. Also es wäre halt maximal 3-mal plus 20. Also entweder 3-mal plus 20 oder 2-mal plus 20 und Rest, whatever der Rest dann noch ist. Genau. Oder halt einfach pauschal sagt man 3-mal plus 20. Wie gesagt. Und ja, das ist es einfach momentan.
Ist halt schwer abzuschätzen, wann das halt der Fall sein wird, dass man halt den Ultimate-Schmuck einfach so kaufen kann von anderen Leuten. Weil jetzt wird ja erstmal jeder für sich holen. Wie gesagt, auch die ersten Leute, die dann anfangen, Dungeons zu farmen, was ja nicht mehr allzu lange dauern dürfte, aber die farmen dann auch erstmal alle für sich und für ihre Homies wahrscheinlich. Also, weiß ich nicht. Es ist, würde ich sagen, schwer abzuschätzen, wann genau das passiert. Aber bei der, also ich meine, so viele Leute auf dem Server. Als ob die sogar zuerst und Fluggeräte-Account gebinden. Ja, leider schon. Alles. Das ist der FEC-Nachteil. Sir. Deswegen sage ich ja, ist eigentlich gar nicht so geil, sich CS-Pads und so zu kaufen. Und schon wieder der Mal plus 20. Und da hat gerade schon wieder jemand plus 20 gemacht für Ultimate Schmuck. Aber ich habe schon jemand mit einer Account gebundene His-Ex gesehen. Wie geht das? Weil sie geskinnt war. Der hatte safe einen Skin drauf. Account-gebundene Sachen sind ja auch bei Skins. RIP 200 F-Coin. Um es wieder zu anbinden, ja. Deswegen skinne ich nie was. Ich hasse das so sehr, dass es dann Account gebunden wird. Das ist auch so ein Scheiß. Boah, die XP sind schon richtig madig, ne? Ich meine, gut, ich bin bei 1 Level höheren Monstern zugegebenermaßen. Aber die XP nach dem XP-Event gestern, die sind echt madig. Ich krieg 0,07 each. Das ist echt madig. Aber gut, ich wollte eigentlich eh Geld farmen. Mir ging es jetzt ja mehr um Monetas als um XP. XP haben wir genug gemacht am Wochenende. Wobei es natürlich eigentlich besser wäre, man tötet Monster, die 120er Waffen droppen können. Also eigentlich müsste ich schon noch ein bisschen leveln. Ich habe ja auch noch 3 Amplis jetzt wieder. 4. Ach, die stacken wieder nicht. Ja, ganz geil. Stimmt, 4 Amplis hätte ich jetzt wieder. Ja. Schwierig. By the way, wenn ihr Nation-Sachen droppt mit STR-Stat-Token, sagt mir bitte Bescheid. Nation-Stat-Teile, egal welches. Ich habe noch kein einziges. Und LG-Jojo gerne auch, wenn es STR gestellt ist. Gut, das wird ja nicht passieren, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ach, ich habe meine NPCs nicht aufgestellt. Fuck. Ah, vergessen. Was kostet LG-Jojo gerade? Unter 30 auf jeden Fall. Also ich hoffe auf unter 20. Da muss man auch eigentlich gar nicht so viel hoffen, weil es gibt 20 Stück oder so. Und der eine Typ hat einfach alle für 50 drin. Einer hat, oder die meisten haben sie für 30 drin. Also es gibt sehr viele LG-Jojos und ich denke, es gibt so gut wie keine Nachfrage für LG-Jojos. Also... Vorhin hat einer geschrieben, Current Offer 1 KF-Coin. So ein Schwachsinn, Alter. Nee, man gibt einfach LG-Jojo im Search-Shop ein und die findest instant welche für 30. Die sind nichts wert. Die sind nicht mal 300 F-Coin wert. So ein Schwachsinn, ey. Scheiß Scammer. Diese verdammten Scammer. Dreckige Scammer. Kann man auch Schmuck ab plus 3 und plus 7 zerlegen? Nee, ab plus 8 erst.
Das bringt dir aber nichts, weil du brauchst ja 2 Materialien für Ultimate-Schmuck. Und das eine kriegt man erst ab plus 8. Das eine Material. Ab plus 16, sorry. Also plus 8 gibt nur ein Material und ab plus 16 kriegt man erst das zweite. Das heißt also, Schmuck plus 8 bringt dir nur Staub und du brauchst aber Juwelenfragmente und Staub. Aber ja, ist tatsächlich ein guter Tipp, das hat gestern schon jemand gesagt. Hebt euren Schmuck plus 7 auf irgendwann. Also jetzt natürlich nicht, jetzt ist er ja viel wert. Aber so Patient plus 7, Gore plus 7, Mental plus 7, die werden ja wahrscheinlich zeitnah schon eigentlich nicht mehr wirklich was wert sein. Also Patient plus 7 ist jetzt eigentlich schon nichts mehr wert. Hebt die am besten auf und behaltet die für ein Schmuck-Upgrade-Event. Und dann könnt ihr die einfach mit Power des 8 auf plus 8 probieren und dann in Staub umwandeln, weil der Staub ist viel mehr wert als der Schmuck. Und ihr müsst nur ein Power des 8 jedes Mal opfern. Ich das ist ja immer so 50 Mal auf einmal gemacht, dann hatte ich so 20 bis 40 Staub, wenn es dann 5, 6 Mal geklappt hat. Ja, aber ich glaube, man kriegt 4, ne? Ja. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Es klappt dann einige Male und dann kann man das für ein paar hundert Mio verkaufen, statt halt für nichts. Weil Schmuck plus 7 wird halt irgendwann nichts wert sein. Vor allem die Necklaces. Das ist so ein guter Low-Budget-Trick. Aber auch das wird natürlich noch eine Weile dauern. Wobei ich mir vorstellen könnte, erstes Schmuck-Upgrade-Event, ich glaube, das kommt recht bald. Also es würde mich nicht überraschen, wenn nächstes Wochenende Schmuck-Upgrade-Event ist. Also jetzt dann ab Freitag. Also, wie gesagt, ich würde jetzt gar nicht mal so Hals über Kopf anfangen zu upgraden beim Schmuck. Außer man hat halt schon 1000 Protects oder so. Aber für uns, sag ich mal, Normalos, die jetzt nicht ganz so krass cashen und jetzt nicht alle 150 direkt werden. Also alle für alle außer Misa. Aber würde ich sagen, dass, ja, vielleicht lieber noch ein bisschen warten. Weil ob jetzt euer Demol plus 7 oder plus 10 ist, sag ich mal, oder keine Ahnung was, ist jetzt ja eigentlich nicht so wichtig. Na gut, okay, das kann man schon machen, plus 10, I guess. War ein schlechtes Beispiel. Aber, ja, wenn ihr wirklich hunderte Projects benutzt, müsst ihr halt einfach bedenken, naja, wenn man jetzt halt noch das Upgrade-Event dazu nimmt, dann ist das halt schon nochmal eine deutlich bessere Chance, wie man sich da dann entgehen lässt. Über 2.000 Euro im Schmuck drin. Spiele ja, aber 5 weißt du Grinsen. was? Aber weißt du was? Danke dir vielmals, Elf an dir, für den Resub. Appreciated. Was sagt der Ping? Ja, noch ist gut. In einer... Ach so, es ist 14 Uhr. Oh oh. Oh oh. Ja, trotzdem ist noch gut tatsächlich. Obwohl es schon 14 Uhr ist. Also du wirst lachen, aber... also du wirst auch so lachen. Aber diese Leute, die so viel Geld ausgeben, die machen das so oder so. Und denen ist das tatsächlich egal. Also wenn du denen so... Also das sind Wale. Das ist ja das, was ich immer sage. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und genau wenn es ich nicht verstehe, genau dann ist es so gefühlt bei den Wahlen. Also da kannst du nicht mit Logik argumentieren. Du kannst nicht sagen, ja schau mal, du hättest jetzt einfach nur 5 Tage warten müssen und hättest dir vielleicht 50 Euro gespart oder so. Da lacht er dich aus. Da lacht er dich aus, wenn du sagst, ha, hättest 50 Euro sparen können oder 100 Euro sparen können. Da lacht er dann dich aus. Weil er dann sagt, was will ich mit scheiß 50 bis 100 Euro, dafür hätte ich den Schmuck 4 Tage früher. Juckt den nicht. Also da kannst du nicht viel machen mit Logik und so bei diesen Leuten. Ach man, wieso ist jetzt hier ein AOE Ranger? Fuck my life. Wieso geht er nicht auf die andere Seite? Musste er nicht irgendwann mal auf die andere Seite? Jesus, mate. Na, mein Invi ist gleich voll. Oh.
Damn. Upsi. Er ist tot. Hoppla. He dead. He did. Mr. Schmachti, was geht ab? Wie geht es, wie steht es? Aber es ist bis jetzt nicht mal einmal plus 7 gefunden. Was passiert hier? Was? Achso, Schmuck plus 7 gefunden, gedroppt, meinst du? Hm. Ist auch sau selten. Ich auch erst 4-mal. Okay, Envy ist voll. Verdammt. Tja, und das jetzt heute so 100 Mal, dann habe ich das Geld, das ich brauche. Achso, ich muss nach Flares mit ihr. So geht das nicht. Sehr gut. Ja, NPCs muss ich jetzt mich auch zuerst wieder dran gewöhnen, ne? Paar Tage ohne NPCs gespielt. Da ist das natürlich auch nicht selbstverständlich, die jetzt immer direkt zu aktivieren. Der Vorteil ist, man merkt es recht schnell. Naja, eigentlich nicht, aber... Eigentlich nur am Laufspeed. Sonst merkt man es eigentlich nicht wirklich. Damn, verdeckte cute Frisur. Yeah. I know. I know that, my man. Damn, ich brauche immer noch so lange, um einen scheiß Catcher zu töten. That's crazy.
Achso, ich muss noch das Zeug machen. Event. Hab mich richtig über die Entschädigung gefreut. Endlich eine Amp. Yeah. Oh, Instant Easter Egg bekommen, Leute. Na, immerhin. Gibt's wieder Codes? Einen. Aber der ist nicht so gut. Also, es, ja, löst ihn auf jeden Fall ein, aber. Ist in the chat. It is in the chat. Lol, meine M hat einen Upcut-Stone bekommen aus der Easter Box E. Oh, man. Das ist Trash. Android Attendance gibt es halt 2 Dev-Upcuts. Besteht meine Party aus Accounts von mir? Nö. Ich habe aktuell nur 2 Charakter auf dem Server. Danke, Sensewarf, aber ne, ich habe noch kein einziges Mal auf die Rangliste geschaut, ehrlich gesagt. I don't give a damn. Captain Klarfan ist gottlos. Ja, da gehe ich gar nicht hin. Ich gebe mich mit Small zufrieden. Ich schätze mal, es wird auf die Wüste rauslaufen. Das Problem ist halt einfach, dass es so weit weg ist. Ich habe halt kein Premium-Fluggerät, das kriege ich erst in 3 Tagen. Naja, übermorgen kriege ich's. Bis dahin ist das für mich jetzt echt scheiße, Darkon 3. Aber auch Medomed wäre auch nicht besser. Es ist richtig ätzend. Musst halt jedes Mal hinlaufen wie so ein absoluter Trottel. Geht so viel Zeit flöten. Leute, hat er nicht gerade schon der Moll plus 20 geupgradet? Was geht ab bei dem? Er hat es einfach back-to-back der Moll plus 20 gemacht. Bruh. Leute, ich habe einen Set-Teil gedroppt. Ja, also, das ist schon crazy. Mein einziger Vorteil ist, auf dem Weg kann man immer ein paar Catcher mitnehmen. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so krass. Lass uns auf FF10 ins Drop plus 5 bekommen. Wie hoch kann ein Drop gehabt sein? Plus 10. Du kannst auch plus 10 droppen. Alles von 0 bis 10. Auch Set-Teile und so können plus 10 sein. Es ist nur extrem unwahrscheinlich. Letzten FE10 plus 10er 120er Waffe gefunden. Ja, das ist ein Jackpot.
Ja, ich sag ja, also eigentlich müsste man das noch schaffen, dass man möglichst schnell zumindest noch auf das Level kommt, wo man 120er Waffen droppt. Weil da gibt es ja eigentlich erst die richtige Kohle zu verdienen. Mit Grinden. Erst da kann man sich eigentlich ausruhen. Und ich bin direkt davor quasi. Also die Monster, die 120er Waffen droppen, sind 12 Level über mir. Heißt also, eigentlich müsste ich noch ein bisschen reinschwitzen heute. Kriegt man Return Town aus gesamte Verbindungen vielleicht? Nope. Ah, ein Blink of Madrigal ist drin. Aber 2 nur. Aber ich habe, glaube ich, 105 Set Parts. Captain Kern. Capitano Kerno. Oh Mist, ich habe die falsche Amp deaktiviert, scheiße. Aber 10 Level über mir macht wenig Sinn wegen Time to Kill. Naja, und es sind 12 Level bei mir. Ne, 10 Level über dir sollst du in der Regel nicht töten, ne. Ne, das sollte man eher nicht machen. Ja, ich meine, ich bin fast 102, dann sind es noch 11 Level. Ich meine, so 8 kann man machen vielleicht. Also effektiv müsste man eigentlich zu Pop-Crank. Weil bei Muffrons ist es so, die Mobs, also das Problem in der Wüste ist halt, die Monster sind so extrem durchgemischt. Also es gibt zwar einen Expert-Chef Muffron Spawn, aber der ist nicht so geil, der ist eigentlich sogar ziemlich schlecht. Also eigentlich müsste man zu Pop-Cranks. Ab Pop-Crank droppst du die Waffen die ganze Zeit. Man muss auch nicht mehr so sehr darauf achten, gegen welche Monster du kämpfst. Bei Muffron musst du tatsächlich noch darauf achten, welche Monster es sind. Also ja, das heißt so 105 wäre das Ziel, ja. 12 Level wäre das Maximum, oder? Ja, 12 ist viel zu viel eigentlich, also... Geh mal zu einem 12 Level höheren Monster, das ist absolute Scheiße, das ist Zeitverschwendung fast schon. Außer du hast geistesgestört gutes Equipment. Mit meinem Equipment, wenn ich jetzt zu 12 Level höheren gehen würde, würde ich mit 3K Crits machen wahrscheinlich. Der Code von heute ist ja fast eher eine Beleidigung als eine Entschädigung. Entschuldigung. Ja, also es hätten schon 5 Amplis, 5 Upcut-Stones hätten sie schon machen können. No joke. No joke. Mal Fenster aufmachen hier. Ist die frische Luft draußen? Na. Wie kommt hier einer? Boah, Respawn komplett am Arsch. Sabaton ist ja fast over. Es fehlen noch 24 Minuten, dank den Resubs von Elfandir und Drizzle. Aber ja. So ist es, Sir.
Versuche sich ja Starter mit 2K F-Coin Budget zu holen. Habe ich tatsächlich ein ausführliches Video drüber. Aber gut sind diese Beginners Packages, wo ein CS-Pad drin ist. Also kein CS-Pad kaufen. Limited Package 500, Beginners Pass A, Beginners Pass, Beginners Package A. Das wäre gut. Ich war noch nicht fertig mit Rebuffen. Latrex, Mr. Backseat Gamer. Kappa. Mr. Backseat Nation. Zum Glück ist der Ranger nicht wiedergekommen. Jetzt müsste sich nur dieser Violet Klavan verdünnisieren. Dann könnte man hier ja fast ein bisschen was achieven. Nice. Naja. Wahrscheinlich ist bei Chimeradons auch die Hölle auf Erden los. Wahrscheinlich ist es in der Wüste gar nicht so chillig, wie man sich jetzt vorstellt. Wenn dann alle auf einen Schlag von Klavan kommen. I don't know. Das Ding ist, eigentlich dürfte ich meine Power Dice jetzt auch nicht mehr verkaufen. Theoretisch. Wenn ich selber Bloody craften will. Die Frage ist halt, will ich das? Eigentlich auch saudämlich, weil ich spiele jetzt Jojo Jester. Jojo ist safe die wertloseste Bloody-Waffe. Oder eine der wertlosesten. Versus eigentlich saudämlich. Wäre klüger, einen Stick zu craften und einen Stick zu verkaufen. Und sich davon Jojo zu kaufen, hat man noch so viel Geld übrig. Das ist immer übelst der Abfuck. Lohnt 120er Waffen zu upgraden für Diamond Chance. Musst du dir ausrechnen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Also viele würden sagen wahrscheinlich sofort ja. Aber eigentlich müsstest du es dir ausrechnen. Du müsstest ausrechnen, was verbrauchst du an Power Dice im Durchschnitt? Was kostet es an Mats? Was im Durchschnitt? Was kostet es an Penya? Und so weiter. Kannst du dir ausrechnen. Das hängt aber von den aktuellen Preisen ab. Also das hängt davon ab, wie viel ist ein Diamond wert, wie viel sind die Mats wert, wie viel sind Power Dice wert. Das muss man sich tatsächlich ausrechnen. Leider. Ach, der Ranger ist da drüben. Da. Aber ja. Kommt drauf an. Also ich mach's nie. Ich bin immer zu geizig, mir die Mets zu kaufen. Ich mache immer komplettes Low-Budget-Crafting. Also ich kann es dir sagen, wie ich es mache. Ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich sage dir einfach nur, wie ich es mache. Ich farm die 120er Waffen. Alle cleanen verkaufe ich entweder beim NPC oder an andere Spieler. Jetzt gerade kann man sie wahrscheinlich noch ganz gut an andere Spieler verkaufen. I guess. Alles, was mindestens +1 ist, also +1, 2, 3 oder whatever ich gedroppt habe, verwandle ich in Diamonds. Und die Power Dice droppe ich auch selber. Das heißt, ich warte einfach, bis ich 50 Diamonds gedroppt habe. Free, keinen einzigen Penny ausgegeben. Bis ich die 250 Power Dice gedroppt habe. Free, keinen einzigen Penny ausgegeben. Und dann craft ich. Und sammle halt vorher noch die Waffen, die ich craften will. Also sammle halt vorher noch selber für die Waffe, die ich craften will. Zum Beispiel in dem Fall wäre es jetzt theoretisch ein Jojo. Sammle ich noch 50 cleane Jojos. Also auch wieder +0 natürlich. Nicht +1, 2, 3. Nur +0. Tu die auf die Bank oder so. Sammle die. Und dann craft ich. Und habe keinen einzigen Penny ausgegeben. Das heißt, selbst wenn es fehlschlägt, was natürlich sehr ärgerlich wäre, weil das dann sehr viel Geld wäre, was weg wäre. Oder sehr viele, also das Geld ist nicht weg, du hattest es ja nie, du hattest ja nur die Items. Aber, und du hast auch kein Geld ausgegeben. Aber es wäre natürlich trotzdem ärgerlich, weil die Items wären sehr viel Geld wert gewesen. Ja. Genau, so mach's ich immer. Aber ich sage nicht, dass das der richtige oder der beste Weg ist. Ich sage lediglich, so mache ich es immer.
Das ist halt dieser Low-Budget, Geizhals, Free-to-Play-Weg, sag ich mal, weil du musst nie Geld ausgeben. Du musst nicht dein Geld alles da reinbuttern, von dem du eh gefühlt meistens ziemlich wenig hast. Oder eher wenig hast. Und du droppst ja alles. Du musst ja gar nichts machen. Also du kannst einfach alles droppen und dann kannst du genauso craften und deinen Spaß dran haben. Falls es Spaß macht. Oder man verkauft halt einfach dann seine Materialien. Also kannst du deine Powders und die Diamonds, die du kriegst, auch einfach verkaufen. Das kann man natürlich auch machen. Werde ich vielleicht auch. Also, ja, also für mich kommt es dann tatsächlich drauf an, wie viel ist das Zeug tatsächlich wert. Wenn ich jetzt 50 Diamonds hätte, also ich habe gestern gleich gesehen, irgendwie zwischen 5 und 8 Mio, es war sehr wild und die Shopnamen sind ja auch immer so, also in den Shopnamen war 5 bis 8, glaube ich, gestanden für Diamonds. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, also in den Shopnamen steht ja alles mögliche, ob das dann auch tatsächlich so ist, weiß man ja nicht. Oh nein, dieser Typ kommt wieder. No, 2 Leute zeitgleich? Willst du mich verarschen? 2 Leute kommen zeitgleich hierher, das ist doch ein Witz. Oh fuck. 2 zeitgleich. No way. Auf jeden Fall würde ich die 50 Diamonds dann wahrscheinlich verkaufen. Wenn ich weiß, ich kriege ein Bloody Jojo für ungefähr, also sagen wir mal 50 Diamonds sind 400 Mio. Und ich kriege ein Bloody Jojo für 500. Da will ich es mir definitiv kaufen. Da will ich das Risiko nicht eingehen. Letztes Jahr hatte ich so ein phänomenales Pech. Das will ich dann tatsächlich nicht eingehen, das Risiko. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder mein ganzes Leben ruinieren lassen von scheiß Bloody Craften. Der letzte FEC hätte so viel besser laufen können, wenn das Bloody Crafting nicht so fehlgeschlagen wäre. Ich schwöre auf dem letzten FEC, ich hätte doch einiges mehr holen können, nochmal 100 A-Project oder whatever vielleicht. Mehr, wenn ich einfach nur nicht so ein kolossales Pech gehabt hätte. Aber ich hatte das Pech und das lief absolut beschissen und es hat mir den ganzen Server im Endeffekt malig gemacht. Also, heißt ja nicht umsonst gambeln. Was kommt nach Bloody? Leider erst Hernes. Ist auch, ja, ist eine ziemlich lange Pause dann. Bloody 120, Hernes 150. Hernes und Blutsagas Crystal 150. Das ist tatsächlich ziemlich blöd. Was ist der Unterschied beim Jojo von Hernes und Lusaka? Das Lusaka macht einfach mehr Damage und das Hernes hat halt so einen AOE-Effekt. Also Hernes hat halt so einen Waterbomb-Effekt. Und Lusaka Crystal macht halt einfach viel mehr 1v1-Damage. Kann man sagen. Das ist der Unterschied. Lusaka wäre besser. Lusaka Crystal. Es gibt auch noch Lusakas, das ist einfach nur Tank. Das ist PvP. Da kriegst du HP und so einen Scheiß. Also es gibt Lusaka, Lusaka Crystal und Hernes, alles für 150. Und ja, Crystal wäre für mich das Beste. Crystal. Crystal Bell. Wie realistisch stehen die Chancen, so eine Hammer auf FFC? Eigentlich recht gut, würde ich sagen. Eigentlich recht gut, würde ich sagen. Ja, und der Violet Klarfan ist weg. Ach, deswegen, oder was sind jetzt alle hier? Ach, war das nur wegen dem Violet, oder was? Verpiss dich, dann war der Violet doch ganz gut. Dann wäre es doch besser gewesen, der Violet wäre hier geblieben.
Der Violet ist weg und schon kommen sie, wie die Fliegen zum Licht. Mist. Deswegen war der Spawn vorhin so leer. Ja, ist wie realistisch. Ja, eigentlich schon ziemlich realistisch, wenn du halt genug spielst. Also, du musst schon hart arbeiten, aber wenn du viel grindest, dann schon sehr realistisch. Also, geschenkt wird sie dir jetzt nicht, aber das ist ja einer der Vorteile von Jester. Dass du sagst, Crystal Jojo wird verhältnismäßig günstig sein. Zumindest wenn du es mit Bow und Axe vergleichst. Wirst du das Jojo sehr günstig bekommen, im Verhältnis dazu. Günstig wird es nicht, aber... Also günstig wird keine Lusagas Crystal Waffe. Aber deutlich günstiger als andere Klassen. Was mit CDS-FEC? Habe ich keins. Ich spiele einfach nur. Just play the game. Einfach nur Zocke. Spaß haben. Spaß in Fluff Universe. Spaß. Yes, sir. Exactly. Just play the game. It's only a game. Why do you have to be mad? By the way, wie gesagt, immer noch, ich bin auf der Suche nach Nation Satine, 105 weiblich Jester. Mit STR-Statung. Falls ihr was droppt oder so, sagt gerne Bescheid. Oder auch, falls ihr was seht in dem Shop oder so. Ich bin auch auf der Suche nach weiblich, Alter. Egal. Bin ich Decks gestellt? Ich habe 50 Decks, ja. Fühlt sich sehr geschmeidig an mit Dex-Stattung. Fühlt sich sehr, sehr geschmeidig an. Literally gerade Nation Helm gedroppt, aber ohne Stat. Ja, ich schaue immer mal wieder alle Stat-Teile durch, die auf dem Markt sind. Da ist kein einziges gestattet, nicht mal mit Int oder so. Sehr ärgerlich. Doch, gerade 3 STR-Helm. Echt? Ich habe vorhin geschaut, da war keiner. Oh, ich habe jetzt leider Ampli laufen. Boots. Oh. Oh, ich habe legit, also als ich angekommen bin, das ist auch schon wieder eine Stunde her, habe ich alle durchgeschaut, da war nichts. 8 Mio? Diese scheiß Scammer, ey. Da wäre es halt literally günstiger, sich echt ein paar STR-Scrolls zu kaufen und einfach zu hoffen, dass zumindest 2 kommt. Oder was kostet ein Scroll? Kostet 50. Was kostet ein Scroll? 50. Ja, das sind 3 Mio. Also, dass die Lot-Varianten für die Quests nicht droppen. Ja, die droppen nichts. Das ist richtig. Das sind ja Quest-Monster. Warum sollten Quest-Monster was droppen? Ja, dieser Ringmaster geht mir so auf die Eier, Mann. Hätte er nicht auf einen anderen Channel gehen können. Mensch. Der Spawn ist eh schon so scheiße hier drüben. Dass hier auch noch einer AOE ist crazy. Habe ich auch immer gemacht, ich weiß. Es geht einem trotzdem auf die Eier.
Schon wieder Asren-Gowns, die auch schon 3-mal gedroppt. Ich glaube, die habe ich sogar verkauft. Weiß gar nicht. Ich habe sie nie wieder gesehen, also müssen sie verkauft worden sein. Ha, lauf ins Nichts, Trottel. Kappe. Puh. Die XP sind halt echt malig. Ich meine, es liegt auch ein bisschen, wie gesagt, daran, dass die Mobs auf dem gleichen Level sind wie ich. Aber das ist echt malig. Dann gehen diese Events aber eigentlich. Der hier geht bis 1. Oktober. Wie kann es sein, dass hier keine Monster respawnen? Wieso dauert das immer so lange? Er hat alle Monster gepullt und die restlichen habe ich getötet und es spawnt trotzdem nichts. Die Respawns in dem Game sind halt echt auch nicht wirklich darauf ausgelegt, dass da permanent alle Monster gepullt und zeitgleich getötet werden. Die müssen spezielle FEC-Respawns programmieren. Schnellere Timer, bessere Erkennung, wo sie spawnen sollen. Quasi Super Spawns bräuchten wir. Super Respawn-Mechaniken. FEC-Respawn-Mechaniken. Hab's nur bis 104 bei Klarfan ausgehalten. War jetzt noch ein Level bei Mushrooms und Quests an Asria. Ja, ich denke mir halt so, es kann doch gar nicht so viel, also ich meine, die breite Masse, also sagen wir jetzt mal wirklich zwischen 1000 und 10.000 Leuten so, die ist ja gar nicht auf diesem Level eigentlich. Also ich meine, gut, 1000 Leute sind schon auf dem Level, aber viele halt auch schon wieder drüber. Und die allermeisten halt wirklich so, wie gesagt, mehrere 1000 bis 10.000 Leute, die sind ja alle viel drunter, also. Und selbst dann ist es so schlimm. Und jetzt stell dir vor, du bist wirklich so, also, ich will kein Salz in die Wunde streuen, aber, ja. Also, ich will nicht wissen, wie es jetzt da ist, wo es mich auch schon aufgeregt hat, so Maschpoi und so ein Scheiß. Ich will nicht wissen, wie es da jetzt ist. Aber so ist es halt immer. So ist das ja immer. Bodenlos ist es da. Ja, das dachte ich mir. Wir haben Timer, müsste ich auf 39 Minuten adjusten. So, Timer ist wieder aktuell. Sabaton-Timer, nur noch 39 Minuten. Was würdest du sagen, an welchem Level geht man nach Asria? Also ich persönlich würde eigentlich sagen, frühestens ab 110 sowas. Rein vom Level-Differenz und so. Allerdings geben die Asria-Mobs ein bisschen mehr XP. Aber macht ja dann Damage auch nicht besser, sag ich mal. Lieber Monster mit schlechterer XP doppelt so schnell töten gefühlt, weißt du? Ja, es kommt drauf an.
ich würde sagen, ist von vielen Faktoren abhängig. Timer ist aktuell. Jetzt gerade wieder aktuell, yeah. Ja, also so 110 rum eigentlich. Aber ich meine, klar, wenn du jetzt unbedingt aus der Wüste raus willst und du bist, sagen wir, 106, 7, 8 in dem Bereich, musst du halt mal eine Stunde Full Power-Up anknallen. Da musst du dann einfach mal Full Power-Up gehen, musst dich halt richtig zudröhnen mit Power-Ups, mit Steroide und Kokain. Eine sehr gute Mischung, by the way. Und dann musst du halt, ja. Musst du halt in der Stunde gucken, dass du halt möglichst ein Level abschaffst. Am besten. Das wäre wohl das Beste. Jetzt sind wir gerade beim MRM mal wieder für die nächsten Stunden Penya Flask geholt. Dass es da nicht zu Komplikationen kommt. Ich krieg sie nicht eingeholt, sie sind am Dauerleveln. So. Bis wann muss dein Schlafrhythmus gefixt haben? Naja, eigentlich ist er jetzt... Also jetzt gerade wäre er gefixt, theoretisch. Wann bin ich aufgestanden? Ich habe Urlaub. Und bin um 12:50 Uhr aufgestanden. Also, für den Urlaub, finde ich, ist das ein guter Schlafrhythmus. Im Urlaub kann man auch bis mittags pennen, oder nicht? Also jetzt gerade ist er ziemlich halbwegs human. Also ich meine, gestern bin ich um Mitternacht aufgestanden. Das ist eigentlich lustig. Gestern bin ich um Mitternacht aufgestanden und heute um Mittag. Also einmal um 12 und dann nochmal um 12. Ich habe normal gepennt. Yeah. Bin um 4 oder so ins Bett irgendwie und dann habe ich circa 8 Stunden gepennt. Circa. Kleines bisschen mehr. 8. 20 vielleicht. Sowas. Also seit dem FEC-Serverstart habe ich jetzt gepennt 7, 7,5 und etwas über 8. Immer noch ziemlich wenig. Viel zu wenig. Ja, ist der Ampli Gamble im Shop? Der ist nicht mehr im Shop, glaube ich. Nope, das gibt's nicht mehr, glaube ich. Nope, ist raus. Gibt's nicht mehr. War ein begrenztes Wochenendangebot fürs XP-Event. Diese Bundles sind immer nur fürs Wochenende. Die gehen immer nur bis Sonntag 23:59 Server-Time. Danach sind sie weg. Leider. Kann man im Markt-Overview sehen, auf welchem Channel der jeweilige Shop steht? Ja, ganz rechts, neben dem Namen vom Shop, ist so ein kleines Icon wie Messenger, wo der Server auch dabei steht. Da ist dieses kleine Server-Icon mit einer Zahl dran.
Ich glaube, ich scheiße jetzt einfach auf Perfect Block. Eigentlich brauche ich es überhaupt nicht zum Leveln. Nervt übelst der Skill, die ganze Zeit zu reaktivieren alle 10 Minuten. Bin zum Glück nicht mehr so fragile, dass ich es zwingend brauche. Jetzt ist hier, ey, das ist der eine AOE-M weg, dann kommt direkt der nächste, Mann. Alter, also AOE-M irgendwie triggert mich die Klasse einfach. Das nervt so, ey. Die sind immer so nervig irgendwie. Weil sie auch so langsam sind. Ranger und Elle sind wenigstens so schnell, weil sie ranged sind und viel schneller pullen. Bei Rangern und Elle hast du wenigstens direkt das Gefühl, okay, ich muss jetzt Channel weg. Nein! Okay, ist eh der falsche Helm. Alter. Alter, zieh euch das rein. Ich dachte kurz, ich hätte den Nation-Helm mit 3 Int gedroppt. Ich wollte mich schon aufregen. Wollte mich gerade schon aufregen. Aber es ist tatsächlich der falsche Helm. Die sehen fast gleich aus. Das ist immer so verwirrend, finde ich, weil die so extrem ähnlich aussehen. Aber es ist das Tank-Set. Tank-Set mit Int plus 3. Mann, wenn das der andere gewesen wäre mit STR plus 3, wäre heftig gewesen. Trash, Bro. Freaking Trash, Bro. Jeder weiß, wie er heißt. Oh, ich habe die Melodie gerade nicht im Kopf. Warte kurz. Ich komme nicht drauf, egal. Butters, das bin ich. Jeder weiß, er heißt Butters. Butters, das bin ich. So. Wieso falscher Helm? Wolltest du nicht AOE-Jesser spielen? Sie alter Scherzkeks, Sir. Sie freches Stück, Sir. Sie sind unmöglich, Sir. Timer aktuell? Timer aktuell. Brandaktuell. Könnte aktueller nicht sein. Richtig gutes Wetter. Ich glaube, ich scheiße heute mit Freien. Gönn dir. Ja, geistesgestört. Ich habe das Fenster aufgemacht, da kam jetzt eine richtige Hitzewelle entgegen, als wäre es fucking 30 Grad draußen. Wahrscheinlich hat es auch 30 Grad. Also es riecht wie Sommer. Es riecht total... ihr wisst, was ich meine. Es riecht total nach Sonne und Wärme. Also die Luft riecht extrem heiß, warm, schwül, whatever. Du hast gerade richtig heiß draußen. In der Sonne. Perfektes Wetter für Flav, ja. Sieht aus wie fucking Mitte Juli gefühlt gerade. Erstmal 12 Stunden am Stück grinden. Der Geruch kommt von mir. Ich rieche auch heiß. Du siehst doch heiß aus. No Diddy. No Diddy. Hey, no Diddy in the chat. Kappa. Arek Ring, clean. Ja, mein Inventar ist gleich voll, noch 26 Minuten Ampli, aber es ist... Ja, hier ist halt richtig scheiße. Hier brauche ich so lange zurückzulaufen. Ah, ist das ein Scheiß. Ach so, oder ich benutze diese Blink... Ja, ich benutze das Blinkwing auf Material aus der gesamten Verbindung. Du meinst Fliff? Da spricht man doch nicht Fly aus, du Vollidiot. Das heißt Fliff. Fly for fun. Fliff ist doch ganz einfach. Das kann sich doch jeder merken. Ich mach's richtig klug. Ich benutze Blinkwing, ich mache Blinkwing, leer Invis, dann macht der eine Blinkwing auf Madrigal und der andere nutzt Couple-Teleport. So kann ich aus jedem Blinkwing auf Madrigal pro Tag zumindest das Doppelte rausholen. Durch den Couple-Teleport. Weil dann brauche ich immer nur einen Blinkwing auf Madrigal und ich habe mal jetzt heute 4 Stück bekommen. Heute gab es im gesamte Verbindungen unter Taste U-Spielzeit gab es heute 2 Blinkwing auf Madrigal, zusammen mit den Invi-Bags, by the way. Wer noch keine 2 Invi-Bags hat, holt euch gesamte Verbindungen ab. Da gibt es Invi-Bags. Oh, Moment mal, hat mein
Meine M hatte erst einen Invi-Bag. Yes. Okay, ich habe sowieso nochmal fette Inventarplatz dazu gewonnen. Geil. Stimmt, der hatte nur einen, meine M. Mein Jester hat die ganze Zeit schon 2 Invi-Bags. Aber meine M hatte erst einen. Geil. Ja gut, dann sowieso geil. Aber auch so, Blinking of Madrigal mit Couple-Teleport kombinieren. Dann kann man da nochmal ein bisschen mehr rausholen aus so 2, 3 Blinking of Madrigal für Invi lernen. Wobei ich das nur mache, während Ampli läuft. Also wenn es keine Ampli laufen würde, würde ich einfach laufen. Also mir ist das Laufen egal an sich. Hab damit kein Problem. Nur wenn halt eine Ampli läuft, ist natürlich schon ein bisschen dämlich. Also wie gesagt, das Laufen mit Catcher-Farmen kombinieren so ein bisschen. Dann ist es zumindest keine komplette Zeitverschwendung. Dann passt es schon. Aber natürlich nicht, wenn der Ampli läuft, ne? Dann ist es schon ziemliche Zeitverschwendung. Vor allem, wenn man nur so wenige Amplis hat und ich will auch eigentlich keine Amplis kaufen. Noch nicht. Noch kein Geld dafür. Aber eine Fupa Platz für ein Duo, fragt Baxot. Und was gab Baxot? Any Fupas in the chat? Wie laufen die Server jetzt? Jetzt gerade gut. Jetzt gerade läuft's gut. Verdammt. Mental Necklace. Aber ganz ehrlich, die Schmuckdrops gehen mir langsam auf den Sack, ey. Du droppst 20 mal Schmuck, schmeißt alles auf den Boden. Oh mein Gott, ich habe einen Demold plus 7 gedroppt. No mind. Sie gehen mir doch nicht auf den Sack. Die Schmuckdrops gehen mir doch nicht auf den Sack. Demold plus 7, Baby, let's go. Wollte ich auch gerade fragen. Was? Will die Server laufen? Oder ob ich einen Demold plus 7 da? Nee, was wolltest du fragen? Server, Noch gut, nutzt die Chance, dass es nachmittags und die Server laufen. Das ist ein seltener Anblick. Ein verdammt seltener Anblick ist das. Ja, die Servererwartung eben echt was gebracht. Naja, urteilen wir mal noch nicht vorschnell, nicht wahr? Wir sollten weiterhin vom Schlimmsten ausgehen. So. Dafür ist es wohl noch ein bisschen zu früh. Verkaufe Demold plus 6, by the way. Verkaufe Demold plus 6 günstig. Also ich weiß nicht, was er wert ist, aber ich denke mal nicht so ultra viel. Wann war die Wartung? Ich habe keine Ahnung, das war vor meiner Zeit. Da habe ich gepennt.
Wie viele Subs brauche ich, damit ich bis Ende FEC durchmache? Also könnte ich gar nicht. Theoretisch. Weil ich ja arbeiten muss. Aber das wären wohl so 20.000, I guess, oder? Nee, Spaß. Nee, keine Ahnung. Aber schon ein paar Tausend. Schon ein paar Tausend, ja. Keine Ahnung. Also 5 Subs in 1 Stunde. Das heißt 120 pro Tag. Naja. Ja, gut. Ja. 8.000, 9.000, I guess, wären das theoretisch. Geht eigentlich. Für 5 Monate. Für 5 Monate ist das eigentlich halbwegs human, tatsächlich. Alter, ich habe noch einen Vigor +7 gedroppt. Ey. Diese Schmuckdrops gehen mir wirklich auf die Eier. Demol +7, Vigor +7. Diese Schmuckdrops gehen mir überhaupt nicht auf die Eier. Jo, geil. Jetzt habe ich meinen zweiten Vigor +7, meinen zweiten Demol +7. Let's go. Muss ich nur krank melden auf der Arbeit? Easy. So wie mein Chef. Mein Chef ist seit mein Chef ist seit 2 Monaten einfach krank. Der kommt auch erst im Juni oder so wieder, frühestens. Also er hat sich jetzt wieder krank gemeldet für 6 Wochen. Der kommt wahrscheinlich nie wieder. Ich glaube immer noch mit Vigor +4 und 6 rum. Du hast den gedroppt oder die Monster? Sir? Sir? Stop. Stop. Hören Sie auf damit. Sir. Na, kompletter Schmuck +7, alles selber gedroppt. Das hat aber echt lange gedauert. Das hat eine Weile gedauert, hier mal kompletten Schmuck +7 zu droppen, ey. Meine Fresse. Natürlich, wisst ihr, was eigentlich crazy ist? Ich habe alles gedroppt, nachdem ich die FEC-Flask aktiviert habe. Da soll aber noch mal einer sagen, es ist nicht Pay to Win. Ich meine, niemand sagt das eigentlich. nicht wirklich. Niemand sagt ernsthaft, dass das Game nicht Pay to Win ist. Aber ja, crazy. Lustigerweise alles nach Ding gedroppt. And please over, ich muss wieder los. Okay, really? Jetzt hätte ich wieder Platz, Waxot. In der coolsten Party der Welt ist gleich wieder ein Platz frei. Also, glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne die coolste Party der Welt nicht, aber in meiner ist auf jeden Fall gleich einer frei. Channel 6? Channel 2. Gerade bin ich noch Channel 2. $65 für einen G-Knuckle. Uff. Warum sind die... Also, ja, Nachfrage, aber trotzdem. Das ist krank. Überlege, ob ich mir einen Jackerdein für 10 hole. Boah, der kostet auch 10? Damn. Ich sollte echt mal Clockworks machen. Ich muss noch 105 werden. Seit ich die Ampli tatsächlich fast durchgelevelt, noch kein Inventar voll. Was eine G Big Axe gerade kostet. Also die müsste günstig sein. G Big Axe müsste günstig sein. Alter, Junge, verpisst euch aus meiner Party, Mann. Das ist geistesgestört, wie schnell diese Parasiten reinkommen. So schnell kannst du niemanden rausschmeißen. Das ist crazy.
Der blöde Dude hat gerade 2 Leute gekickt und es war einfach instant. Es hat nicht eine Sekunde gedauert, bis 2 neue gejoint sind. That's crazy. Also, wenn sie wenigstens als Duos joinen würden, aber es joinen immer so Level 30er Assist und dann noch so ein 70er Ringmaster, wo es halt 1000%ig kein Duo ist. Wenn es wenigstens Duos wären, würde ich nicht mal was sagen, aber es sind nie Duos, die random joinen. Oh, na, meinte einer hat tatsächlich gerade gefragt. Mach auf Anführerbestätigung. Naja, eigentlich fülle ich immer nur mit Leuten aus dem Stream. Ich muss auf nicht auffindbar machen. Aber weißt du, wenn du jemanden kickst und instant jemanden einlädst, das sind literally Sekunden, von denen wir hier reden. Sekunden. Da könnte man ja meinen, dass so viel Zeit hat man, um schnell zu wechseln, weißt du. Aber die Antwort ist nein, hat man nicht. So. 2 Items noch. 14 Minuten. 14 Minutos. Ach, shit. Oh. Jetzt sind wieder 2 Plätze frei. GG. Ja, war das keiner aus dem Stream oder was? Wortlos die Party verlassen, nicht offline gegangen. Interessant. Ich dachte, das war jemand aus dem Stream. Ob der Katan für 10 auch schon weg ist, jetzt gibt es nur noch einen für 25. Den würde ich nicht kaufen. Das hört sich viel zu teuer an. Ich spiele auf mehreren Accounts gleichzeitig, hast du immer mehr Sessions auf oder gibt es da Plugins oder Add-ons? Nö, einfach 2 Browser-Tabs. Ist ja ein Browser-Game, musst du einfach nur 2 Browser-Tabs öffnen. Also ich spiele auf 2 Browsern tatsächlich, 2 unterschiedliche Browser. Aber theoretisch einfach 2 Browser-Tabs. Da hole ich mir jetzt lieber die Gigglebox. Oh, Gigglebox, beste Investition, Bro. So, Blinkwing of Madrigal, kann man da überhaupt hin? Ja, direkt dahin kann man tatsächlich gar nicht, aber naja. Das ist auf jeden Fall deutlich näher. Das Gebiet hier ist halt auch so scheiße nervig, da kann man halt überall nicht langlaufen, weil über diese scheiß unsichtbaren Wände sind. Boah, es ist eigentlich wirklich so geisteskrank, ey. Die andere Option wäre Raum des Wächters gewesen, aber das ist auch nicht viel besser. Meine M ist halt so gottlos langsam. Ich habe halt ein Speed-Set, Fast-Walker und Speed-NPC. Und er hat einfach gar nichts. Aber das hängt er doch da fest. Alter, er war doch schon unten, Mann. Dann portbuggt er sich auch noch mal bis ganz nach oben. Er ist einfach dabei bis ganz nach oben geportbuggt. Was geht ab, Alex? Wie geht's? Wie steht's? Also, will ja noch jemand der Party joinen? Alex vielleicht? Alex, bisschen Party. Disco, Party. Ist ein Ping. Bis jetzt gut. Kannst du das da abspielen? Oh.
I see. Toll, der Typ hat genau Pause gemacht, wo ich Pause gemacht habe. Das ist doch ein Witz. Na gut, 10 Minuten, dann bin ich weg hier. Vergesst eure Chia Nation. Ich sag Disco, du sagst Party. Disco, Disco, Party, Party. Ich hab's ja auch gleich geschafft. Ich bin gerade erst aufgestanden, Sir. Was für ein Speed habe ich mir geholt? 6%. Na gut, gerade erst aufgestanden. Das ist auch schon wieder 2 Stunden. Meine ich ja. Ich habe morgen wieder meinen normalen Rhythmus. Ich hatte nie einen Rhythmus, Sir. Wenn ich arbeite, habe ich einen abgefuckteren Schlafrhythmus, als wenn ich nicht arbeite. Heute früh eine Stunde verpennt, Wachsot. Oh, damn. Ärger bekommen? Oder nicht so schlimm? Du meinst mein Flive-Rhythmus? Oh. Ach so. Ja gut, was heißt mein normaler Flive-Rhythmus, Sir? Ich meine, ich werde auch nach dem Sabaton natürlich deutlich mehr streamen als sonst. Ich meine, es ist ja immer noch Start vom FEC. Wäre dämlich jetzt hier aufzuhören. Das Einzige, was dann halt anders ist, ist, dass der Stream halt wieder offline geht. Und nicht instant wieder weitergeht. Also ich werde dann halt ganz normal schlafen, Stream wird aus sein. Und dann werde ich ja doch noch ein paar andere Sachen machen wieder. Genau. Also, es wird quasi nicht mehr nur noch streamen für 24 Stunden, schlafen und direkt weiter streamen sein, sondern halt auch noch mal wieder auch noch ein paar andere Dinge. Sozusagen. Aber, ja, was ist denn jetzt mit der Party hier, Leute? Leute, ich brauche Filler. Ich level hier die ganze Zeit mit 2 Fillern weniger. Wieso antwortet niemand? Ihr wollt immer in meine Party, wenn ich keine Plätze habe. Und wenn ich Plätze habe, will niemand in die Party. Das ist hilarious. Wenn niemand rein will, lasse ich Randoms rein. 3, 2, 1. Und Channel 2, Sir. Channel 2. Lieferheld. Channel 2. Also jetzt nur noch, also jetzt niemand mehr. Leider nur 2 Plätze frei. Sorry, Marus. Mal rausgehen und schauen, wie sich die Welt verändert hat während des Sabatons, meinst du? Rausgehen? Bist du wahnsinnig? Da kann ich ja nicht zocken. Sind eingeladen, Mr. Lieferheld.
Dankeschön, Sir. Auch ein Jester-Lieferheld, hä? Na, mein herzliches Beileid, Sir. Gio und auch eine Firma ist das schon am Start? Nein, aber beides ist ziemlich günstig, also... Ich warte noch. Je länger ich warte, desto besser kann es nur sein, eigentlich. Vor allem beim AG-Jojo. Beim Set weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber die Suit habe ich auch schon für unter 20 gesehen. Oder für 20. Ist also ziemlich easy. Ich glaube, beim Jester spielt mir auch sehr in die Karten, dass ich weiblich bin. Dass mein Char weiblich ist. Ich glaube, das spielt mir beim Jester tatsächlich sehr in die Karten. Ich glaube, die allermeisten Jester sind tatsächlich männlich. Ich meine, eigentlich ist es ja grundsätzlich so. Ringmaster sind die meisten weiblich und alle anderen sind eigentlich immer meistens männlich. Oder überwiegend. Wäre mal interessant, eine Statistik davon zu bekommen von Gala. Von allen Second-Job-Charakteren, wie da die Geschlechterverteilung ist. Wäre ganz interessant. Der erste Hernesbau. Damn. 50.000 F-Coin. Für 100.000 F-Coin. Als ob dafür jemand 1.000 Euro ausgibt, ey. Früher doch alle Blades weiblich wegen den CW-Gowns, die Hit gaben, oder? Die gaben 20% Treffsicherheit, ja. Aber nö, da gab es auch tausende männliche Blades. Sowas wissen ja die meisten Leute gar nicht. Der Sabaton ist gleich vorbei. Wenn niemand etwas unternimmt, schon. Es wurden halt gefühlt seit 2 Tagen keine Kanalpunkte mehr eingelöst. Gefühlt. Effektiv nur so 16 Stunden oder so. Extra meinen Blade getranst damals. Echt? Crazy. Na gut, ich habe mir lustigerweise einen weiblichen Blade erstellt. Wo die Karte her? So. Was kosten F-Coin momentan so, Chat? 75 bis 80. Jetzt lösen alle 2 Minuten ein. Was sind das? 12 Minuten? 12 Minuten. Oh. War nicht auf 0. Bitte, das ist unter meiner Würde. Verdammt, das heißt gerade gestartet. Ayuberg, danke für den Sub. Vielen Dank für das Gift-Sub. Und direkt nochmal. Und schon ist es wieder eine halbe Stunde. So schnell kann es gehen. Und wieder eine halbe Stunde. $65.000 F-Coin. 600, naja, ja doch, 600 Euro ungefähr. 550 bis 600 Euro sowas. Das ist wirklich krank, ja.
Das ist wirklich krank. Geisteskrank, um genau zu sein. Wenn jeder deiner Zuschauer Subs spendet, geht's noch lange. Ein Sub spendet. Tja, ja, aber das verlange ich ja gar nicht. All good, man. Wer will, kann's machen. Aber keiner muss. Machen die Punkte endlich Sinn? Oh. Tja. Sehen die meisten anscheinend anders, Terranord. Also Kanalpunkte müsste es ja wirklich unfassbar viele geben. Also ich wüsste echt so gerne mal, wie viele Kanalpunkte es gäbe. Letztens schon gesagt, es gibt bestimmt irgendeine Twitch-Erweiterung, habe ich nicht geschaut. Hätte ich mal machen müssen. Es gibt bestimmt irgendeine Twitch-Erweiterung, wie man das rausfinden kann. Also ich vermute mal, es gibt irgendwas zwischen 20 und 50 Millionen Kanalpunkte auf meinem Kanal. Also ich glaube, allein in der Jahresstatistik von Twitch Recap steht es gleich immer drin, wie viele Kanalpunkte verdient wurden. Aber das sind ja nur die Kanalpunkte von einem Jahr. Und ich habe die jetzt schon seit 5 Jahren aktiviert oder so. Also klar, manche Leute wollen sie aufheben. Und viele haben natürlich auch nur wenige, also unter 100.000. Aber es müsste trotzdem sehr viele Leute geben, die auf ein paar Millionen hocken. Oder mindestens eine Million. Und ja. Aber die hatten wohl anderes. Oder haben wohl anderes damit vor. So, mein Ampli ist endlich weg. Let's go. Das heißt, ich kann eigentlich zu Chimeradon. Oder ich warte noch, bis ich 103 bin. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent ich mit der Ampli gemacht habe. Nicht viel, ne? So 70, 80 oder so. 105 Afghanistan ist da. Nice. Nice zu desu, Sir. Nice zu desu. Meinst du, wenn ich AG Sword und Axe habe, reicht das? Bekomme jetzt keine zweite Axe? Ja, das reicht auf jeden Fall. Axe und Sword ist eine solide Combo. Ich bin zwar auch Double Axe Fan. Also ich habe eigentlich noch nie wirklich Axe und Sword getragen. Ich bin definitiv auch Double Axe Fan. Aber da macht man nichts falsch, sagen wir es mal so. Mit Axe und Sword machst du nichts falsch. Vor allem ist es eh nur übergangsweise. Ich meine, kannst ja noch Bloody Axe und AG Axe tragen und dann Double Bloody Axe. Ist ja das auch das gleiche. Damn, Terranord gönnt eine Stunde. Seht ihr, so einfach geht das. Eine Stunde ist mehr Sabaton ohne Sub. So bin ich zu euch. Uff, Alter, mein Name wäre fast gestorben. Holy shit. Kanalpunkte-Tonnen. Yeah. Easy. Easy. Aber wie gesagt, also selbst wenn der Timer jetzt abläuft, endet er nicht instant der Stream. Ist es dann nur so, dass halt der Timer nicht mehr erhöht werden kann. Also wenn der Timer einmal wirklich Zero ist, bevor noch irgendwas eingelöst wurde, dann streame ich halt noch, sage ich mal in Anführungszeichen, normal zu Ende. Also halt dann auch ohne, dass ich wieder 24 Stunden wach bin und so ein Scheiß. Also ich war jetzt ja wirklich, also in jeder Wachphase in diesem Stream
Also, falls man es noch so nennen kann, keine Ahnung. Aber mein OBS sagt 100, also mein OBS läuft seit 101 Stunden und 52 Minuten. Das sind 4 Tage, 5 Stunden. Also ich bin seit 4 Tagen, 5 Stunden durchgehend live mit dem Stream. Wundert mich hier, dass mein PC noch nicht abgestürzt ist, ehrlich gesagt. Und, danke dir, Wilsberg, für den Resub. Appreciated. Vielen thanks. Also 101 Stunden läuft der Stream. Und ich war halt, also angefangen hat der Stream natürlich in einer Wachphase. Ich habe natürlich nicht angefangen, indem ich geschlafen habe am Stream. Und jede dieser Wachphasen, es waren 3, war über 24 Stunden. Gestern waren es, gut, on-stream nicht, 27 waren es on-stream, dann noch 1 Stunde nach dem Stream, bis ich übergehend ins Bett gegangen war, dann nochmal knapp 1 Stunde oder so. Aber ja, es waren, glaube ich, 26, 27, 26, 27, ja, irgendwie so müsste es gewesen sein. Also ich war quasi immer über einen ganzen Tag wach und bin dann erst schlafen gegangen. Das ist schon crazy. Werde ich so wahrscheinlich auch nicht nochmal machen, glaube ich. Aber dafür hat man ja Urlaub, Kappa. Urlaub, um sich komplett zu foltern. Erstmal Urlaub nehmen, um sich selbst komplett zu foltern. Geistescrazy. Einfach geistescrazy. Apple Tupfel. Danke für den Follow. Haben Ranger auf 77 seit fast 2 Jahren rumliegen, kriege wieder Box to Grind. Ist es möglich mit eigenem FS zu AOE oder doch lieber 1v1? Ist beides möglich. Also mit eigenem FS zu AOE ist möglich und 1v1 ist sowieso möglich. Atom hat keine Punkte ausgegeben, ne. Atom nicht, Knack G nicht, Mattes nicht, Pokerface nicht. Und das sind nur die ich kenne. Es gibt wahrscheinlich noch einige Leute, von denen ich keine Ahnung habe. Dass die auch noch Millionen von Kanalpunkten haben. Ne, also unsere Kanalpunkte-Millionäre waren wirklich sehr geizig. Hätte ich nicht erwartet. Also, die könnten easy 10 Stunden machen, wenn sie sich alle, also wenn alle zusammenlegen würden. Die könnten Minimum 10 Stunden rausholen. Komplett for free. Aber sind alle geizig. Hocken lieber auf ihren Punkten. Hashtag Bürolurker. Ja, ist ja wirklich so. Ja, manchmal bei den Kanalwetten, also ich schaue mir nicht immer an, wer wie viel wettet und so. Man sieht ja auch immer nur die Leute, die am höchsten wetten. Aber manchmal denke ich mir so, Junge, den Namen habe ich gefühlt noch nie wirklich gelesen im Chat. Also chattet auf jeden Fall nicht viel. Und dann geht er einfach mit 250.000 Punkten rein. Und die Punkte müssen ja auch irgendwo herkommen. Deswegen sage ich ja, diese Kanalpunkte sind so ein großes Mysterium. Sehr schwer abzuschätzen, wie viele davon im Umlauf sind. Und vor allem, wer wie viele hat. Das ist sehr mysteriös. FEC-Charakter kannst du später auf Berodang mitnehmen, yeah. Das ist ja eigentlich der Sinn davon, dass man hier spielt. Wenn die Chars gelöscht werden würden am Ende, muss man ja ganz klar sagen, also das wäre schon madig. Also dann würde ich hier, glaube ich, nicht spielen. Wenn du den Char nicht mitnehmen könntest. Gibt ja auch so Seasonal Server oder Events oder sowas in anderen Spielen vielleicht, wo man
keine Ahnung, wo dann wirklich der Progress zwar, also du spielst schon für etwas, aber dein Charakter und so verschwindet dann schon. Also du erspielst dir halt schon etwas für deine Main-Welt oder für deinen Main-Server oder was auch immer. Aber jetzt rein an sich, der Charakter direkt, der ist dann schon weg. Also das gibt's schon auch, das Prinzip. Dass man quasi an für sich mit einem neuen Char oder auf einem neuen Server spielt und man dann aber alles wieder verliert, man aber trotzdem dann letztendlich eine Belohnung dafür bekommt, dass man etwas erreicht hat. Aber da muss ich sagen, ich glaube, da wäre ich echt nicht so geil. Ich glaube, das wäre auch nicht so beliebt bei Flive. Weil Flive ist schon sehr grindy, also was die Leute hier an Geld reinbuttern und Zeit und Imagine, das wären alles so schnell wieder weg quasi, also das, ich glaube, dann wäre es nicht halb so beliebt, wenn die das machen würden. Das muss schon so sein. Glücklicherweise ist ja Flive auch wirklich ein Game. Na toll. Die Astren-Gowns zum 5. Mal gedroppt, die sind natürlich gestattet. War ja klar. Das hätten halt Restra-Gowns sein müssen, ne? Die hätte ich sofort angezogen, SDR und... Na egal. Jetzt bin ich hier fast 105. Ja. Aber ich denke, bei Flive wäre das echt nicht so gut. Weil du bei Flive so viele Charakter nutzen kannst, aber bei Flive macht es halt auch irgendwie total Sinn, jedes Jahr FEC zu spielen. Wenn du wirklich jedes Jahr nur 2 Charakter erstellst für FEC, das ist ja gar nicht mal so viel. Nach 4 Jahren hast du dann 8 Chars. Das ist ja echt nicht viel für Flive eigentlich. Also, glücklicherweise ist das bei Flive ja wirklich so, dass das für uns eigentlich super ist. Also man kann gar nicht so viele Chars haben, das ist unmöglich. Auch das Equip kannst du mitnehmen. Auch das Equipment kannst du mitnehmen. Dein Charakter, also wenn jetzt Transfer wäre, wenn jetzt heute Transfer wäre, mein Charakter würde genauso rüberkommen. Genauso wie das Charakterfenster hier oben. Genauso wie er ausgerüstet ist, würde er komplett mitnehmen. Penya halt nicht, die Drops nicht. Aber, ja, alle Premium-Items und das komplette Equipment. Asren-Gowns. Yeah, mit Dex plus 2, Sir. Also männlich. Also ist ein Char männlich oder weiblich? Männlich. Ah, verdammt. Ja, aber die heißen tatsächlich Asren. Die männlichen heißen... Nee. Die weiblichen heißen... Keine Ahnung, wie die weiblichen heißen, aber Asren sind leider die männlichen. Asren und... Keine Ahnung. Astra-Rakete? Ich weiß es nicht. Kleine Astra-Rakete gefällig? Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, Asren sind leider männlich, ja. Wie läuft der Transfer eigentlich? Wie wird man den Charakter auf Bowling ziehen? Du loggst dich einfach ein, dann kommt so ein fettes Pop-up, welchen Server bist du und dann kannst du es bestätigen. Musst aber, kannst nie wieder ändern. Hast aber auch 4 Wochen Zeit. Du kannst das Fenster einfach schließen und bei jedem Login kommt es wieder. Solange bis du einen Server auswählst. Ist super einfach. Das kann man direkt in-game erledigen. Das ist für Flive und Gala-Verhältnisse ausnahmsweise mal sehr user-friendly und sehr easy. Und da ist eigentlich auch nie wirklich was schiefgegangen. Also habe ich zumindest nie was mitbekommen. Das Einzige, was halt schiefgehen kann, ist, dass du den Transfer halt verschläfst. Aber habe ich auch schon gesagt, ne? Für Leute, die jetzt eher so On-Off-Spieler sind oder vielleicht längere Auszeit haben werden wegen lange Urlaub oder so und nicht, dass man es dann vergisst und so, dann mach einfach Kalender, Smartphone, für den 30. September eine Ding rein, Flive FEC-Transfer, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dann weißt du, okay, ich muss mich nur schnell einloggen, Transfer auswählen und bin safe. Mehr muss man ja gar nicht machen. Das kann man ja jetzt schon machen. Weil, also ich bin so, also ich nicht, ich meine, ich spiele jeden Tag Flive, wie soll ich das vergessen? Das ist unmöglich. Aber bei Sachen, bei denen ich jetzt nicht so aktiv bin vielleicht, da mache ich das schon so. Zum Beispiel Klassiker ist irgendein Abo oder so, ne? Du hast irgendwo mal was ausprobiert oder so, eine Free-Version von irgendeinem Abo oder irgendwas oder was auch immer. Machst eine Erinnerung rein. Wenn es gut ist, verlängern. Wenn es schlecht ist, kündigen, so ungefähr. Dass du halt weißt, ah ja, da einen Tag vorher läuft das Abo aus, mach halt länger oder kürzer oder brich ab, whatever. Solche Sachen. Weil ich vergesse sowas auch und mich ärgert das dann immer total so, hab's vergessen, so ein Scheiß.
Also, was ich im Endeffekt damit sagen will, ist, es gibt keine Entschuldigung, den Transfer zu verschlafen. Es gibt keine Entschuldigung, den FEC-Transfer zu verschlafen. Weil man es jetzt im Endeffekt schon... Jetzt kannst du schon präparieren, dass du es nicht vergisst. Trotzdem passiert es jedes Mal wieder ein paar Leuten, dass sie es verschlafen. Aber naja. Bratzlowski. Was geht? Alter, meine M ist immer noch 91, das ist geisteskrank. Fat Pfanne, danke dir für den Resub. Appreciate it. Wann bin ich ins Bett gestern? Nach 3, glaube ich, müsste das gewesen sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass ich so ungefähr um 4 dann wirklich im Bett lag und eingeschlafen oder halt angefangen habe, probieren einzuschlafen. Whatever. Naja, es musste irgendwann nach 3, muss ich aus dem Stream gegangen sein. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ja, so 3, 4 rum. Dann habe ich jetzt heute mal ein kleines bisschen länger geschlafen. Also die letzten beiden Male war ja so 7 Stunden Schlaf, 7 bis 7,5 Stunden. Heute waren es dann tatsächlich mal etwas über 8, 8,5. Aber naja, also ich denke mal, es ist alles noch im Rahmen. So, dass es nicht gesundheitlich schädlich ist und so, dass es aber auch sich hier für euch nicht anfühlt wie ein Betrug. Erstmal 20 Stunden weg sein. Ich putze dann eigentlich immer nur Zähne und so und dann komme ich eigentlich direkt wieder in den Stream. Also ich mache eigentlich wirklich nur die oberflächlichste Körperpflege, die man machen sollte. Um nicht zu vergammeln. Wie läuft's? Reflection? Ja, nach dem XP-Event, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, man merkt es auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ich level bei Small klar fahren und bin 102. Aber ich gehe auch gleich in die Wüste. Ich wollte nur das Level-Up hier machen. Also entweder Invi-Voll oder Level-Up, je nachdem, was zuerst passiert. Höchstwahrscheinlich Invi-Voll, weil die XP so schlecht sind. Aber ja. Also man merkt auf jeden Fall, dass das XP-Event vorbei ist. Also ob 1,3 so viel Unterschied macht. Naja, mal angenommen, du kriegst 0,1 pro Mob. Dann brauchst du 1000 Mobs für ein Level-Up. Und mit 30% mehr kriegst du 0,13. Und dann sind es, wie viel Mobs weniger? Keine Ahnung, so 100 bis 300 Mobs weniger auf jeden Fall. Das merkst du schon. Vor allem, wenn du stundenlang spielst. Auf 10 Stunden gerechnet machst du plötzlich 3 Level mehr. Das merkst du schon. So. Die waren doch nicht multiplikativ? Nein. Achso, achso, ja gut, okay. Ich krieg nur, ja. Ich meine jetzt in der Basis, wenn du 0,1 kriegst. Ich meinte jetzt nicht multiplikativ. Also wenn du 0,1 kriegst und es ist 30% mehr, dann ist 1,3. Also eben. Das ist ja additiv. Also ich gerade, bei mir wäre es jetzt nicht so, weil ich kriege jetzt gerade nicht mal 0,1 und das ist schon mit Bonus und so. Das ist schon klar. Das war jetzt ja einfach nur ein Beispiel. Also das Ding ist halt, egal wie klein der XP-Bonus ist, je länger du spielst, desto eher merkst du es. Und ich habe ja gestern wirklich, das letzte, was ich gestern gemacht habe, war literally stundenlang Small Klarfahren grinden. Deswegen merke ich es jetzt halt schon. Aber gut, das kommt natürlich auch mit dem höheren Level zusammen. Aber auch, weil 30% XP fehlen. Ich meine, das Level-Up hätte ich jetzt schon, zum Beispiel. Ich wäre jetzt schon Level-Up gestern mit XP-Event. Bin jetzt hier schon wieder seit über 100%. Da wäre ich jetzt definitiv schon Level-Up. So. Aber, ja, ist es immer so. Der Tag nach dem XP-Event ist immer ein bisschen madig. Aber ich glaube, sollte man für die Passbelohnung, sich die Passbelohnung holen, frühestens ab 80. Frühestens ab 80. Also, weiß nicht, wer von euch unten noch nicht 80 ist, guckt mal in den Battle Pass.
Am Anfang ist es nicht so krass. Der Anfang ist recht ähnlich, aber man merkt es recht schnell. Also zum Beispiel hat Tag 30, oder Level 30 besser gesagt, kriege ich 5 Smating-Scrollboxen und bei euch sind es irgendwie 2 Amplis oder so. Oder so ein Scheiß. Und Tag 25 sind bei mir 4 A-Pros und im unter 80er irgendein Scheiß und so weiter. Also der ab 80 upgradet er sich automatisch. Aber nur, wenn du es vorher nicht abholst. Also du kannst nicht vor 80 abholen und dann, haha, und jetzt mache ich 80 und hole es mir nochmal ab. Nee. Du kannst es nur einmal abholen. Und wenn du es vor 80 abgeholt hast, dann hast du da die ganzen Scheißbelohnungen bekommen. Deswegen immer, wenn es geht, bis 80. Aber man hat jetzt ja bis zum 22. Mai. Der Pass läuft ja bis zum 22. Mai. Also man hat noch ultra viel Zeit, Level 80 zu erreichen. Also da muss man sich tatsächlich überhaupt nicht stressen. Da hat man noch sehr viel Zeit. Man braucht eh ziemlich lange, um den Pass komplett abzuschließen. Das kommt sowieso noch dazu. Aber die haben ja gnädigerweise den Pass so verlängert, dass man da das easy machen kann. Hat mich persönlich gewundert. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das machen. Hat mich persönlich gewundert, dass sie das einfach so gemacht haben. Ohne überhaupt, dass es erstmal einen Shitstorm gegeben hat. Haben sie einfach von sich aus tatsächlich gemacht. War nicht schlecht. In dem Fall muss man tatsächlich mal sagen, Props to Gala, da waren sie mal recht zuvorkommend. Gut, danach sind die Server komplett abgeschmiert und jegliches Wohlwollen gegenüber dieser Firma ist im Winde verweht. Aber an für sich schon nicht schlecht. Hast du eine Empfehlung, dass man sein Penya investieren kann, damit es nicht an Wert verliert in Free-to-Play? Wenn du gar nicht weißt, mach am besten A-Products. Davon kann man gar nicht so viele haben. A-Products auf FEC immer ein Klassiker. Zumindest am Anfang. Irgendwann vielleicht nicht mehr, aber am Anfang auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, halt, du könntest dir eine FEC-Flask holen, wenn du genug spielst. Ich meine, die lohnt sich halt nicht, wenn du nur so 1 Stunde am Tag spielst, dann lohnt die sich jetzt nicht wirklich, würde ich sagen. Wenn du viel spielst, FEC-Flask, die wo 100% XP und Drop gibt, statt nur 50. Party-Scrolls, aber Party-Scrolls ähnlich, sie lohnt sich eigentlich auch nur wirklich, wenn man viel spielt. Ja, und dann, ich weiß nicht. Kommt halt drauf an, was du so hast. Welche Klasse spielst du? Was machst du so? Also, oder was hast du überhaupt schon? Weiß ich ja nicht. Also, grundsätzlich Premium-Items. Grundsätzlich, wenn es dir nur um Wertverlust geht und nicht für dich selbst, dann einfach Premium-Items. Klassiker, Protect, A-Product. Wenn du für dich gar nichts brauchst, dann einfach Protects. Also ich habe auch, also letztes Jahr habe ich nur Products gekauft, da habe ich gar kein Equipment und so gekauft und auch keine Pious-Größen und so. Da habe ich wirklich nur Products gestackt. Hatte dann am Ende über 800, glaube ich. Was ja 400 € sind. Aber und ich habe da echt wenig gespielt. Ich habe jetzt schon gefühlt mehr gespielt als im ersten Monat letztes Jahr. Aber das werde ich auch bald machen. Also ich habe auch vor, hier bald mit dem Product Stacken zu beginnen. Ich bin leider noch nicht ganz so weit. Leider bin ich noch nicht ganz so weit, aber das kommt noch. Die FEC-Flask kann man nicht mit auf Büro nehmen, nein. Das ist eine der wenigen Ausnahmen, die kann man nicht mitnehmen. Oh, ich habe eine Klarfahren-Cap gedroppt. Will jemand eine Klarfahren-Cap? 100 €. Komm. Ist wertlos. War Sarkasmus. Was zum Teufel ist auf Bodeng los? So viele neue Spieler. Sind es echt so viele neue Spieler? Das wäre schlecht. Da sind bestimmt ein paar Leute dabei, die nicht checken, dass sie auf FEC anfangen müssen. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ein paar Leute, die den falschen Server quasi ausgewählt haben. Und eigentlich in den FEC-Hype reinstarten wollten. Also, könnte ich mir vorstellen. Das wäre so ein Klassiker, du
hörst so irgendwas, Flive, FEC, keine Ahnung, Oldschool, whatever. Dann wählst du halt ganz normal Europa, Deutsch und so aus und dann wunderst du dich so ein bisschen, aber wo sind denn jetzt alle? Ah, egal, ich zocke einfach ein bisschen. Wer weiß. Also, keine Ahnung. Kannst du ja mal fragen. JG, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, JG, F-Coin-Preise haben lange im 200-Mio-Bereich stagniert. Da sind wir noch ein gutes Stück von entfernt. Aber sie steigen ja jeden Tag. Also wahrscheinlich werden irgendwann die F-Coin-Preise so im 200-Mio-Bereich ankommen. Und dann ist wahrscheinlich erstmal für eine Weile Schluss. Also dann werden sie erstmal kaum noch steigen. Nee, jetzt noch nicht. Jetzt ist noch viel zu früh. Leider. Die steigen noch weiter. Wahrscheinlich jetzt jeden Tag um 5 bis 10 Mio. Bis wir bei 200 ankommen oder so. Und dann ist erst Feierabend. Das steigt jetzt leider weiter jeden Tag. Ambrance Dom, danke für den Follow. Ich spiele Elemente mit der 8 Charttag. Ich spiele nur 2 bis 3 Stunden am Tag. Ich nutze Free-to-Play Flask. Ja, das passt dann schon. Dann lohnt sich das auch nicht wirklich. Die läuft dann zu sehr ins Leere. Oh, vielleicht schaffe ich sogar doch noch Level Up vor dem vollen Inventory. Eigentlich kein schlechter Deal. Man bekommt jeden Tag für seine F-Coin mehr Geld und gleichzeitig wird alles, was man so braucht, Tag für Tag günstiger. Wenn man es so sieht. Ich meine, deswegen ist es ja auch so. Ich meine, du kannst ja nicht erwarten, dass die Leute immer weiter cashen für das Gleiche, aber das Penny an sich gewinnt dann nicht an Wert, sag ich mal. Also, keine Ahnung. Also ich meine, es macht schon Sinn, so wie es ist. Außerdem, je höher die Leute kommen, desto mehr Geld machen sie. Ich meine, die ersten 60 Stunden, die ich gegrindet habe, habe ich keine 100 Mio wahrscheinlich zusammenbekommen. Insgesamt. Und jetzt mache ich das in 3-4 Stunden. Naja gut, nicht durch NPC-Items, aber... Weißt du, wie ich meine? Also, das ist auch noch ein wirklich wichtiger Punkt. Je höher so der durchschnittliche Spieler ist im Level, desto mehr Penya bekommt er auch. Und das ist natürlich auch noch ein Riesenfaktor. Also einfach die Geldmenge ist gottlos, wie schnell die zunimmt. Weil halt so viele Leute spielen, so lange und das wird halt immer mehr. Genau. Ein Free-to-Play Sammelpad Ambrance bekommst du im Cash-Shop die Gigglebox für 14 Millionen Penya. By the way, es müssen noch 1 Stunde 24 auf den Timer. Also sind gerade bei 1,34. Oh mein Gott. Diese Scheißviecher mit den scheiß kleinen Hitboxen, ey. So. Sind wir wieder aktuell. Dank Terranord und
2 Subs von Fettpfanne und Wilsberg. Sind wir wieder bei 1,5 Stunden. Weißt du, wann du zu Luja gegangen bist? Nö. Also dieser Typ nervt so, weil er sich nicht entscheiden kann, wo er levelt. Ey, der geht die ganze Zeit wieder zu mir, dann geht er wieder weg, dann geht er wieder zu mir. Bro, entscheide dich mal. Kannst du irgendwo Darkon 3 Blinkwings kaufen? In Darkon 3, ja, das ist sau nervig. In Darkon 3. Also ab Darkon 3. In Astria und so kannst du es auch kaufen, aber es ist sau nervig, dass es nicht überall geht einfach. Also wenn du in Darkon 3 bist, immer direkt Darkon 3 Blinkwings auch mitnehmen. Oder du nimmst ja die Town Blinkwings, aber ich finde die halt so teuer. Also gut, mittlerweile geht's vielleicht, aber für die Town Blinkwings ist so scheiße teuer am Anfang. 5k each. Das ist halt Wahnsinn. Die anderen kosten teilweise nur 500 each. Und ich verschwende meine Blinkwings gerne. Ich blink mich teilweise 5-mal hin und her. Einfach nur, weil ich immer was vergesse. Kannst du mal kurz erklären, wie Bloody Crafting funktioniert? NPC-Waffen, Diamonds, Shining Power Dice. Aus 5 PD8 und 5 PD4 oder 6 kannst du dir aussuchen. Ist das gleiche. Wird ein Shining Power Dice. Den brauchst du. Dann brauchst du eine NPC-Waffe. Und dann brauchst du noch einen Diamond. Und Diamonds entstehen entweder, man kann sie droppen. Extrem selten. Das ist ein Red Drop von normalen Monstern. Also so 1 pro 1 Million Monster gefühlt ist das. Also wirklich ultra selten. Ich habe gleich in meinem ganzen Leben 2 Diamonds gedroppt. Und du kannst dir vorstellen, wie viele Monster ich getötet habe. Ich glaube, du kannst es dir vorstellen. Und die Diamonds kann man aber eben auch noch aus Waffen extrahieren. Also du kannst 120er Waffen kannst du bei Juwelenverwalterin Peach in Flaris einfach zerlegen und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, je nachdem welches Level die Waffe hat, also plus 1, welche Stufe die Waffe hat, plus 0, plus 1, plus 2, plus 3 etc., hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Diamond rauskommt. Oder ab plus 5 ist es garantiert und dann wird die Menge größer. Also mehr Diamonds für mehr Upgrade-Stufen. Als kleines Danke für den coolen Sabaton schicke ich dir, sofern möglich, einen Albert zu im Laufe des nächsten Monats. Sehr gerne, Mr. Pinguin. Mr. Sir. Eigentlich schon, Oshikuro. Wenn du damit erwischt werden solltest oder so, wäre das schon ein Bahngrund, ja. Aber weniger Inventarplatz, was mehr Platz für Zeug zum Verkaufen ergibt. Wie meinst du, Waxot? Ich habe den Faden verloren. Gleich Level Up. Butter bei die Sidiaka, aber es ist nicht übertrieben, ganz Spanien Strom abzuschalten, nur damit man vor den spanischen FEC-Spielern ist. Wer war das von euch? Hat Spanien keinen Strom oder was? Das ganze Land oder was? What? How is it even possible? Brauche ich ein Geo ab 60 als Jester? Wenn du mit Auto-Attack spielen willst, schon. Dann schon. Spanien, Portugal und Teile Frankreichs sind down. Scheiße, hoffentlich sind wir nicht die Nächsten. Aber warum, weiß man das? Die Server gehen gerade, Oshikuro, ja? Noch?
Alles tutti. Tutti bene. Bene tutti, whatever. Was wäre die Alternative? Die Alternative zu G-Yo-Yo wäre Multistab. Mit Multistab-Leveln. Stab, whatever. Multistab am besten mit dem NPC-Jojo, das eine Multistab-Erweckung hat. Alle Jojos ab 60. Alle Jojos ab 60 können Multistab-Erweckung haben. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich eins hatte. Also mit Multistab bis 75, sage ich mal so, ist es vielleicht nicht ideal, aber es geht. Kann man machen. Wenn einen das nicht stört, also gibt ja Leute, die mögen das nicht so mit Skills zu leveln und so. Aber ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm. Tatsächlich haben mich die Auto-Attacks dann fast ein bisschen abgefuckt. Ich habe so lange mit Multistab gelevelt, dass sich Auto-Attacks richtig falsch angefühlt haben. Level up, baby, let's go. Level up, baby, let's go. So, ich mache noch kurz Invi voll. Es sind nur noch 2 Items. Und dann... Na, okay, es sind 8 Items, aber egal. Auf jeden Fall noch kurz Invi voll und dann gehe ich in die Wüste. Danke, Waxot. Und gerade auf Malle hier ist kein Stromausfall. Ja, aber das ist ja auch Deutschland. Ey, bruh. Der Timer ist paused. Oh. Ah. Hold up. The fuck? Da war gerade eine komische Fehlermeldung. Jetzt kommt eine Fehlermeldung, nachdem das sowieso schon seit Tagen nicht funktioniert. Ich dachte, das war Absicht. Egal. Die paar Minuten schenke ich euch. Naja, sagt mal Bescheid, falls es nochmal passiert, weil da war so eine komische Fehlermeldung, die habe ich noch nie gesehen. Jetzt gibt das Ding komplett den Geist auf. Laut Medien, keine Ahnung wieso, aber dauert wohl aus 4 bis 6 Stunden, bis die wieder im Netz sind. Damn. Das ist eigentlich richtig gruselig, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn einfach jemand das Internet für das ganze Land abstellen würde, geht einfach gar nichts mehr. Internet und Strom. Das ist schon crazy. Deswegen wundert mich auch, dass das überhaupt geht. Schon wieder wach, Sir. Nope is dope, my man. Cheer Nation, baby. Cheer to the motherfucking nation, motherfuckers. That's the name of the game, my man. Sehr gut. Jetzt habe ich mich gerade fertig gebufft und jetzt ist das Inventar voll. 3 Items noch. Was Nummer ist plus 7 so? Denk gar nicht dran, Waxat. Die sind schweineteuer.
Also bis vor kurzem haben die noch 1 bis 300 FK gekostet. Also 2 bis 300 eigentlich eher. Über 10 Mio. Aber Electroshock auf His-Stuff bekommen, bringt das mehr Geld? Für Face-Tank-Elementoren wäre das was, theoretisch, ja. Aber weiß ich nicht, wie viel denn? Für jemanden, der Envy-Devs vielleicht farmen würde. 23? Oh, wow. Boah, keine Ahnung. Also für einen Face-Tank-Elementor wäre das ganz interessant. Weiß halt nicht, ob es da welche gibt. Das kannst du rausfinden, indem du einen Server-Shout benutzt, I guess. Ich habe bis jetzt zweimal Server-Shout benutzt. Und habe kein einziges Angebot bekommen. Daraus resultierend. Ohne Server-Shout habe ich 2 Angebote bekommen. Ah, okay. Inventory full. So. Tja, dann war es das mit Klarfahren wahrscheinlich. Wenn mich die Wüste jetzt nicht komplett hops nimmt, wovon ich doch mal ausgehe, dann heißt es jetzt Wüstenabenteuer. Na gut, ich schätze mal, ich sollte mal wieder einen Shop aufmachen. Ist zwar nicht viel, aber es nimmt Inventarplatz weg. Dieser wertlose Käse. Dass man den Darkon nicht lagern kann, ich verstehe es halt nicht, ne? Es ist so nervig. Meine Güte. Der Mal plus 5 gibt es den Darkon für 3,5 Mio. Oh. Giga plus 3 hatte ich einfach eingelagert. Genau. Vigor plus 5 kann ich jetzt verkaufen und Demol plus 6. Sehr gut. Gut. Ach, müsste ja noch eine Quest erledigen können. Damn, Guru ist nur noch bei 4,4. Damn. Die Met-Preise sind ja heftigst am Droppen. Ich dachte, die steigen eher.
Aber es gibt wahrscheinlich zu viele Leute, die den ganzen Tag nur Mets farmen. Was ja auch basiert ist, Kappa. Ja, ich meine, es ist schon eine krasse Einnahmequelle, wenn du sonst nichts machen kannst, aber du bleibst dann einfach für immer Low-Level, wenn du das die ganze Zeit machst. Wird dann auch niemals besser. Sag ich mal. Na, ist blöd. Normal sind Couple Housing stacked, oder? Yes. Es wird nur nicht im gleichen Menü angezeigt. Also ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man Couple Housing hat, weil ich es noch nie hatte. Hier ist das normale Housing bei H und das andere ist hier. Also es ist halt einfach nur nicht im gleichen Menü. So. Also ich habe nicht mal ein Fünftel von dem Geld, was ich brauche. GG. Jetzt Genese weg in Flas für 4,99. Tja. Investiere die 80 Mio und crafte Bloody Axe. Oh, das hab ich ganz vergessen. Investieren. Ich glaube, das ist nicht ganz die Definition von investieren. Ich glaube, das nennt man Glücksspiel, Sir. Ich glaube, das nennt man Glücksspiel, mein Herr. Nein, wie man den Catcher einfach durch den Boden sieht. Das ist auch funny. Wie viel Geld brauche ich jetzt und für was? 5500 F-Coin. Für 30 Tage Party Scrolls. Oh, apropos. Sorry, Chat. Wenn die Party-Skills ablaufen, dann einfach im Chat schreiben. Manchmal sehe ich es einfach nicht. Sie laufen aber auch immer dann aus, wenn ich gerade in der Stadt bin, ne? Da sehe ich es erst recht nicht. Kriegt man aus 3 mal schon plus 20 machen ein volles Ulti-Set. Ja. Nicht nur ein volles Ulti-Set, du kannst dir noch 3 mal plus 4 holen. Naja, nein, kannst du nicht. Du kannst dir 2 mal plus 4 holen und ja. Also du kannst auch richtig guten Ultimate-Schmuck holen, der ist dann auch schon direkt geupgradet und so. Naja. Komm schon, gib mir jetzt einfach das Easter Egg mal ein bisschen früher bei diesem scheiß M. Der braucht immer so lange dafür. Ja.
Und heute ist keine Ausnahme. Junge, ey. Das ist wirklich ein maliges Event. Oh, Junge. Ich habe wieder 5-mal verkackt bei diesem scheiß Easter Egg. Grrr. Diese verdammten Eier gehen mir auf die Eier. Ja, 6-mal in a row verkackt. 6-mal in a row verkackt. Ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Ich will doch Ostereier. Ich will doch gar keine fucking, ich will doch gar nicht, also das Event ist so seltsam. Sie zwingen dich, etwas zu tun, was du überhaupt nicht machen willst, um etwas zu bekommen, was damit auch überhaupt nichts zu tun hat. Es ist so sinnlos einfach. Ist es einfach wirklich. Es ist einfach so sinnlos. Ist crazy. Ist Sklavencap was wert? Yeah. Nein, ist es nicht. Jetzt habe ich es bekommen beim 7. Versuch. Ah, ich habe noch was vergessen. Ups. Hellboy. Wo verkaufen die Cash Scrolls? Ich möchte mein Geld vor der Inflation schützen. Am besten ist immer, du kaufst direkt F-Coins, aber überall. Mach einfach Search Shop. Über Search Shop findest du es immer. Einfach Product eingeben. Oder am besten noch das genaue Product, was du suchst. Der Hase ist hauptberuflich, wenn kein Ostern ist, Bergbauarbeiter. Scheint so. Oh, ich glaube, am Kollektor rum da. Tja, bin mal gespannt, wie hart mir diese Chimeradons jetzt auf die Schnauze hauen werden. Die machen schon viel Damage. Weil ich jetzt theoretisch Feuer auf die Suit machen könnte, weil die niedrigsten Chimeradons sind 103, ne? Oder sind die 104? Eigentlich müssten sie fast 105 sein. 105, ja.
Dann kann ich nämlich eigentlich Feuer auf die Suit machen, theoretisch. Aber mal gucken. Der Ringmaster, der wird jetzt halt heftig aufs Maul bekommen. Das wird nicht lustig. PSG sagten eigentlich beim Ende, dass man nur Element plus 1 verbraucht. Die Masteries, I guess, müssten das sein. Na, eigentlich aber auch nicht. Das ist einfach so. Da gibt's kein Skill dafür. Das ist einfach so. Kannst du es ausprobieren. Ich habe auch Videos drüber, wo ich es ausprobiere. Das ist einfach so. Das ist nur bei Auto-Attacks halt, dass dass ein höheres Element was bringt. Bei Skills ist das nicht so. Warum das so ist, keine Ahnung. Ist einfach so. Ist ja auch bei Ranger. Bei Ranger ist es auch so und der ist auch nicht. Bei Ranger reicht ja auch Feuer plus 1. Steht nirgends geschrieben? No. Bei Ranger reicht auch Feuer plus 1 für Flame Arrow Max Damage. Und das steht auch nirgendwo. Und Ranger hat keine Skill Masteries. Das ist einfach so. Das musst du wohl einfach akzeptieren. Warum dann überhaupt das plus 1? Na, weil du mehr Damage machst. Einfach 4 Auren bekommen vom Ticket. Uff. Scheiße. Ich frage mich, ob sich irgendjemand darüber freut. Probably nicht. Ah, okay, ich habe keinen Link Attack. Du hast sie gekauft. RIP. Echt? Hast du dich vorhin 8 Mio gesagt? Mir hat der Typ nicht mal geantwortet. Was für ein Arsch. Hat mich einfach ignoriert. Du hast ihn angeschrieben. The fuck? Der hat mich einfach ignoriert. Ich habe ihn auch angeschrieben. Was für ein Arschloch. Na, das ist mir wahrscheinlich eh nicht verkauft, wenn er mich schon ignoriert. Das ist wohl ein Hater. So, das einzige Stated Set, das ich bisher gesehen habe. Hauptsache, die Leute, die Clean-Set-Teile verkaufen, tun alles in den Shop für übelst überteuert. Und die Leute, die Stated-Set-Teile droppen, verkaufen sie wahrscheinlich alle beim NPC. Weil sie sich denken, ist doch eh wertlos. Ui. Ach stimmt, das ist noch so ein Ding in der Wüste. Die Viecher greifen so ultra schnell an.
Das ist auch nervig. Na gut, aber ich muss jetzt eigentlich nochmal eine Empty reinknallen, weil ich muss jetzt eigentlich nochmal Fat Progress machen. Damit ich hier auch endlich ins Bloody Gamble Business einsteigen kann. Also ich will zwar selber eigentlich nicht wirklich gamblen, aber damit Kohle verdienen wäre nicht schlecht. Alter, wie lange saugt denn dieser Typ, Mann? Ey, Collector plus 4 ist doch scheiße, ne? Ich brauche 30 Jahre, um fucking Catcher einzusammeln. Das ist ja Wahnsinn, ey. Der steht dann halbe Stunde, da steht er da drüben. Jesus. Wie lange das dauert, Mensch. Wie kann man damit Kohle verdienen? Interception. Danke für den Follow. Oh mein Gott, ich bin tot. Wow. Ah ja, die Rage Phase vergessen. Kann sich dieser Dump eigentlich auch mal verpissen? Der nervt. Warum laufen eigentlich 60er Monster neben 100er Monster nebeneinander? Das ist... Ach, Jesus. Die greifen so schnell an, das ist Wahnsinn, ey. Die greifen ja fast schneller an als ich. Das ist hier PvP quasi. Das ist einfach PvP gegen die Viecher. Das sind einfach auch Jojo-Jester. Die greifen einfach genauso schnell an wie ich. 2500 machen die mir. Das ist crazy. Das ist mehr als ein Drittel meines Lebens. Tja, dann hätte ich jetzt Flame-Karten noch nötig. Das heißt, kurz hier mal Element einschalten. Oh mein Gott, wie schnell die angreifen. Das ist Wahnsinn. What the fuck? Jesus Christ, man. 1v1 is shit. 1v1 is horse shit, man. Ach so, ich habe eh keine Mets dafür, oder? Was braucht man dafür? Torch Card, da ist schon die erste. Ach so, ich habe keine Mets, lol. Guru und Eron müsste das sein, Feuer. Ja. Na gut, das habe ich zum Glück gerade collected. Freue mich schon auf HNR da. Ein Missklick und Dead. Ja. Basically. Na, ich heb die einfach schnell auf. Ich brauche nur 4 Stück. Ayo. Und ich bin jetzt eh gerade unterwegs mit Amplis. Aber danke. Oh, erst Bonus-Suit. Also Feuer plus 4 müsste eigentlich schon so 10% weniger Damage sein. Hopefully. Dann sind es noch knapp über 2k. Von 2,5 auf knapp über 2. Muss zumindest ein bisschen besser sein. Muss ich für Appen eine Questreihe machen? Bei mir ist der Button ausgegraut. Für Appen? Was willst du denn Appen? By the way, bin ich Level 3, Couple Level 3 und ich kann immer noch kein Cheer benutzen. What in the world?
brauchst zum Upgraden Materialien. Dir fehlen höchstwahrscheinlich Materialien. Oder Protects. Genau. Du musst nicht zum Schmied gehen zum Upgraden. Bis +4 ist 100% bei Rüstungen und Element. Rüstungen, Waffen, normales Upgrade und Element. Also bis +4 ist safe. Das kannst du einfach Doppelklick auf deinen Power Dice oder auf deine Karte und dann Klick auf das Equipment. Das Element von der Waffe wechseln. Scroll auf Element Change, 100 F-Coin each oder entfernen und neu drauf machen. Entfernen und neu drauf machen. Wäre auch eine Alternative. Als Blade entfernen, ja. Ich entferne auch immer. Ich mache immer +4 und dann entferne ich wieder. Bald werde ich vielleicht ein bisschen höher machen, weil ich dann wahrscheinlich deutlich länger bei den Monstern sein werde. Aber noch mache ich +4. Wahrscheinlich die komplette Wüste noch. Wahrscheinlich noch die komplette Wüste und dann... Oh. Wenn ich in einer Stunde einen Spot für meinen M bekomme, dann geht er für CW. Wieso nicht gleich jetzt? Aber ja. Dafür war es gedacht, Sir. Dafür war es gedacht. %30 bei Karten brauche ich auch nicht mehr aufheben. 30 Lightning 3 auf der Bank. Nee. Spar dir den Inventarplatz. 30 ist schon fast ein bisschen viel. Wenn 61 kostet für 62, meinst du, ich kann mit nur Questen auf 65 kommen? Definitiv, aber das dauert halt auch sehr lange. Und es sind sehr viele Quests. Questverwaltungsquests, Reonan, Luda, Brutvihil. Die alle wären das. Und man fliegt unter Umständen sehr langsam. Ja, das Fliegen ist Geistes. Mit diesen scheiß Low-Besen.
Aber selbst mit dem 3 Mio-Ding ist es so langsam. Also selbst wenn man den Luxus sich gönnt und sich das 3 Mio-Board oder Besen kauft, das macht es halt ehrlich gesagt auch nicht besser. Das ist immer noch grottenschlecht. Also wenn man mal auf Premium-Fluggeräte mal gewohnt war, irgendwann mal, und weiß, wie schnell man sein kann. Die haben die Gamblebox rausgenommen. Ja, das ist ein Wochenendangebot. Das war ein Wochenendangebot wegen XP-Event. Die Bundles sind immer zum XP-Event, also zum Wochenend-Event. Wenn nächste Woche ein Upgrade-Event ist, dann kommen Upgrade-Bundles. Es hatte quasi kein, also es war kein spezielles FEC-Ding oder so, sondern rein, ja, leider. Lohnt sich der große Collector zu beginnen? Geht so. Also wenn du die Catcher mal nebenbei einsaugen willst, kann man schon nett was dazu verdienen, wobei die Materialpreise gerade echt im Keller sind. Also Materialpreise sind gefühlt auf dem niedrigsten Stand, also im Verhältnis zur Inflation sind die Materialpreise, seit ich wieder wach bin, so niedrig waren sie noch nie. Gefühlt. Also, keine Ahnung. Musst du wissen. Kommt halt drauf an, wie viel Geld du hast. Also Collector dabei haben, Catcher töten, also ist wirklich ein guter Tipp. Catcher mit Main töten, mit dem M einsammeln, den M halt beschützen vor Agros und so. Und während der M saugt, kann man weiterkämpfen. Mit Food halt. Dann kannst du halt, während du quasi, während du farmst, kannst du farmen sozusagen. Kollektoren und Monster töten zeitgleich. Kann ich auf plus 4 upgraden ohne Product? Ja. Bei Rüstungen, Waffen und Element. Plus machen. Yes. Ich werde jetzt einen kleinen Mitti machen. Hoffentlich nicht zu lang, bis später. Ein Mitti-Schlafi. Nice. Guts Nächtli, Sir. Guts Nächtli. Welchen Stick benutzt er als FSRM auf 60? Hyperstick wahrscheinlich. Hyperstick oder irgendein Low-Level-Stick mit Int. Oh oh. Damn. Alter, in Rage-Face, wenn die Viecher critten, one-shotten die mich halt einfach, ne? In Rage-Face one-shotten die mich einfach. Das ist geisteskrank. Wie ich einfach keine Torch-Karten droppe. Toll gemacht, Pinguin. Ja, lieber Fürze.
Er ist fucking Rauch zu riechen, Mann. Ohne Scheiß. Wirklich, ich inhaliere lieber Fürze, als fucking Rauch zu riechen. Okay, ich dachte, es hängt ein bisschen länger. Ich dachte, du hast es wieder kaputt gemacht. Warten Sie auf mich mit Clockworks Bitty Bitty. Clockworks erst frühestens, wenn ich 105 bin und AG und so habe. Das wird so oder so noch ein bisschen dauern. Also 105 wird noch ein bisschen dauern. Auch nicht jetzt hier Aue-Ehen, Mann. Warum fängt denn immer einer an zu Aue-Ehen, wenn man mal irgendwo ist, wo es mal halbwegs ruhig ist? Kommt immer einer und fängt das Aue-Ehen an. Only one struggle. Skippst du die Wüste nicht sonst immer? Ich habe die Wüste noch nie in meinem Leben geskippt, also ich habe wirklich keine Ahnung, mit wem du mich verwechselst. Noch nie in meinem Leben die Wüste geskippt. Sir. Wie viel kostet mein 105er Equipment? Nicht viel. Alles zusammen wahrscheinlich nicht mal 40 Mio. Wenn es gut läuft. Falsche Karte. Also Jester ist, wie zu erwarten war, ziemlich günstig. Bisher. Ich habe kein Food mehr, what the fuck? So. Das ist schon das zweite Mal, dass mir das heute passiert ist. Einmal bei meinem M und einmal bei meinem Jester einfach kein Food mehr. Ich schwimme halt gefühlt im Food. Aber es war wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht mehr droppe. Droppe anscheinend kein Meat Salad mehr schon länger. Aber Fruit Punch ist eh viel besser. Fruit Punch 1500, das braucht man hier aber auch. Dieser Super Worker. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber dass selbst bei Chimera dann so viel los ist, gibt es irgendeinen Spawn, wo du halbwegs mal deine Ruhe hast? Doubt it. Jetzt habe ich die männlichen Jester Boots gedroppt, aber brauche ja weiblich. Pizza, Joghurt, Criminis, Kaffee geholt, Grind kann beginnen. Ah, Cine-Minis, la. Gönn dir. Pizza, Joghurt, Cine-Minis? Was ist das für eine Combo? Anti-Crime Mob ist ja echt gut, aber wenn du auf 50 Mobs 51 Leute kommen, die AOE ist das echt ass, egal welcher Channel. Ja. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen.
Timer jetzt endet, streamst du dann um 21 Uhr wieder. So funktioniert das nicht, Mensch. Wenn der Timer endet, heißt das einfach nur, der Timer kann nicht mehr erhöht werden. Ich höre doch nicht auf zu streamen. Das habe ich auch nie gesagt. Sir. Soll der Timer jetzt 0 erreichen, Sir, dann endet nicht der Stream. Dann endet lediglich der Timer und die Chance, den Timer jemals wieder zu erhöhen. Sir. Dachte, der Stream endet dann? Das wäre echt dämlich. Vor allem, wenn ich mitten im Level oder so bin. Okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Ampli, aber ich gehe jetzt auf. Bruh. Dann endet quasi nur der Sabaton, aber dann nicht der Stream. Was ich dann aber auf jeden Fall nicht mehr machen würde, Sir. Endet der Stream nur nach der Ampli. Erstmal muss der Timer enden, Sir, sonst beginnt hier gar nichts. Der richtige Stream beginnt dann. Und dann beginnt der XXL-Sabaton. Dann endet der Sabaton und der XXL-Sabaton beginnt. Bruh. Und jetzt kann ich endlich streamen. Was geht ab, Nafta? Endlich kann ich streamen. Der XXL-Sabaton 24 Stunden pro Sub. Restliche Subzeit 600 Jahre. Okay. Ich vererb den dann einfach. Dieser Stream endet, wenn er 120 erreicht. Pff, bist du wahnsinnig? Gestern war das letzte Mal, wo man so viel Level-Ups machen konnte. Ich habe gestern genau 20 Level gemacht. Ich habe gestern genau 20 Level gemacht. Und es war auch das allerletzte Mal, dass ich an einem Tag 20 Level mache. Also einzige Ausnahme wäre Master. Muss ich überhaupt Guru mitzunehmen? Gibt so viel, als ob die keiner sammelt. Lohnt sich alles gleich momentan. Also Guru und Krasik waren eigentlich die ganze Zeit sogar teurer als Mineral und Aaron. Ich habe gerade Guru und Krasik für 4,2 im Shop und ich verkaufe sie auch die ganze Zeit. So nur in kleinen Mengen, aber trotzdem. Doch, dieser Superworker-Typ war gestern noch bei Klarfahren, daher kenne ich den. Ich habe so ein negatives Gefühl, wenn ich ihn sehe. Ja, kann der mal verrecken? Was ist denn das? Wieso mache ich so wenig Schaden, Mann? Jesus. Meine Buffs waren abgelaufen. Deswegen. Und weil ich Jester bin. Bruh. Endlich die 4. Torch-Card. Jetzt bin ich mal gespannt. Rage Face, wie viel mir die jetzt noch machen. Feuer plus 4 müsste eigentlich 10% weniger Damage sein. Knapp 9% oder so. 8. Ja. Sollte mir hoffentlich das eine oder andere Mal das Leben retten. Hoffe ich doch. Das ist ja echt kreuzgefährlich. So direkt merkt man auf jeden Fall schon mal keinen Unterschied. Wollte ich noch den NPC mit 3% weniger PvE-Schaden bekommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, eigentlich ist der echt unnötig. Aber jetzt, so in der Wüste, plötzlich denkt man sich, so schlecht ist der doch gar nicht. Nochmal 3% weniger Schaden. Gut, das wären aktuell hier 60 oder so. Aber auch fürs Gigen und sowas. Oder für Clockwalks. Für alles Mögliche. Gar nicht so bad. Erstmal die Umwelt verpesten, indem ich meine ganzen Karten auf den Boden schmeiße. Hast gestern zu viel gegrindet, dein Hirn sagt heute nicht. Hater. Hater-Hirn.
Richtiges Haterhirn. Wie habe ich gestellt? 50 Dex, Rest STR. Einfach am Blittern der Bro, alles auf den Boden. Ah, so ist das. Wegen dem Break mit den Buffs, richtig? Nö, einfach weil du sonst keine Hitrate, keine Attack-Speed und keine Crit-Rate hast. Nicht für einen spezifischen Wert, das ist einfach so... Das ist einfach eine gute Basis. 50 Dex ist einfach eine gute Basis, mit der man was machen kann. Denke ich. Vor allem, wenn man Free-to-Play ist. Und eh schon struggelt. Wie läuft der Server, Jewel? Noch gut. Am besten, du bleibst ganz weit weg. Aber. Bloß nicht einloggen. Hier gibt es nichts. Einfach gar nicht online kommen. Aber. Du spielst Minecraft sein Menschen? Okay. Wieso braucht man als Jester so viel Dex? AWP und Blade brauchen keinen Dex. Wer sagt, dass die keinen Dex brauchen? Also ich würde mit den beiden das gleiche machen. Wenn ich mit P gespielt hätte und einen Blade, würde ich die genau gleich statten. Beim Jester wirkt sich halt Dex positiver aus, weil du viel mehr Crit-Rate bekommst. Ein BP bekommt von 50 Dex 5 Crit-Rate, ein Blade bekommt auch 5 Crit-Rate und ein Jester kriegt 20. Also... Jester profitiert halt mit Abstand am meisten davon. Aber grundsätzlich profitieren die alle davon. Im Low-Level. Vor allem. Aber das ist der Grund, die Crit-Rate. It's all about the crit. They know me for my crit damage. They know me for my crit rate. They only talk about my crits. Aktueller F-Kurs 75 bis 80. 75 bis 80. Timer wurde also erhöht. Yes, sir. Mann. Immer AOE einer, es nervt. Es nervt mich aber auch, wenn ich selber AOE. AOEler nerven AOEler, AOEler nerven Wonny Wonder. Weil die immer alle Monster nehmen, ey. Welches Level soll ich mindestens für Astria? Keine Ahnung. Also ich werde wahrscheinlich erst so mit 110 oder so gehen. Musst du wissen. Moonbeam nervt mich extrem. Naja, das ist die Vorstufe von AOE. Moonbeam ist die Vorstufe von Moonbeam HNR Ringmastern. Glaubt mir, es wird noch viel schlimmer, wenn die Merkaba bekommen. Dann werden sie dich noch mehr nerven. Sobald die Merkaba kriegen, zum Kotzen. Vor allem sind sie überall.
Also ich schwöre, ey, also das Ringmaster, es ist geistesgestört. Egal, wo du hingehst, es ist immer ein Ringmaster da. Selbst wenn du zum Kacken in den Wald gehst, ist da ein Ringmaster und benutzt Merkaba. Also die machen einen richtig verrückt. Das ist wie so eine Plage. Wie so eine Ameisenplage. Die sind einfach überall. Geisteskrank. Ist die Wüste besser als Klarfahren? Nicht wirklich. Die Mobdichte ist halt scheiße. Das Problem ist, Klarfahren ist halt riesig. Das ist ja komplettes untere Gebiet von Dark und 3 ist ja nur Klarfahren im Endeffekt. Da gibt es ja legit 5 oder 6 Level-Spots pro Channel. Und an jedem dieser Spots sind 3 oder 4 Leute. Also bei Klarfahren leveln zeitgleich immer so 80 Leute. Unübertrieben. Unübertrieben. 80 Leute Minimum gerade bei Klarfahren. 80 Spieler nur bei Klarfahren. Und Chimeradon sind zwar weniger Spieler, viel weniger Spieler, wahrscheinlich pro Channel nur so 2, 3, also nur so 20 bis 30 Leute, also nicht mal halb so viele Leute wie bei Klarfahren. Aber dafür sind die Spawns viel schlechter. Der Chimeradon-Spawn ist so kacke. Siehst du hier, AOE einen Knight und ich überlege Channel zu wechseln. Obwohl nur ein anderer Typ hier ist gerade. Trotzdem überlege ich Channel zu wechseln. Das ist halt einfach Giga-Trash. Der Spawn ist halt richtig bad. Und er war mal richtig gut. Der Spawn war mal so gut. Das war mal der beste Spawn im Game. Sie haben ihn einfach komplett kaputt gemacht. Komplett grundlos. Also der Grund war, Spawns besser verteilen. Und bei Chimeradon hieß das quasi, okay, machen wir den Spawn einfach komplett kaputt, sodass hier niemals wieder jemand leveln will. Boah. Haben sie geschafft. Das Ziel haben sie erreicht. Nein! Der Typ, der mich die ganze Zeit bei Klarfahren genervt hat, kommt her. Nein, okay, ich bin weg. Ich wechsle Channel. Nee. Der Typ, der die ganze Zeit bei Klarfahren mit mir gelevelt hat, ist jetzt auch hier. Und es ist natürlich ein Ringmaster. Natürlich ist es ein Ringmaster. Vor allem sehe ich den Knight nicht mehr. Ich sehe den Knight nicht mehr. Der Knight ist weg. Ah. Oder ist es der Knight? Ne, das ist ein Blade. Jesus. Was geht ab, Rode? Wie geht's? Wie steht's? Okay, er fliegt wieder. Vielleicht geht er doch woanders hin. Wahrscheinlich nur vergessen, sich zu buffen. MS-Class sollte nicht existieren. Ich werde meine Meinung niemals ändern. Unterstütze ich zu 100%, Sir. Fuck Ringmaster, me. Fuck him. Fuck all of them. Me too. Ja. Ah, es ist uferlos. Ich finde es einfach crazy, wie du einfach überhaupt nicht merkst, dass sie 2 Channel hinzugefügt haben dieses Jahr. Also, ich finde, man merkt es nicht, dass es 8 Channels sind statt 6. Überhaupt nicht. Sie könnten easy nochmal 5 hinzufügen und ich glaube, selbst dann würde man es immer noch nicht so richtig merken. Also ab 15 Channel, ich glaube ab da würde man es wahrscheinlich mal merken. Können ja auch alle ohne Bosses sein und ohne Giants. I guess. Hey, ist der Typ jetzt echt weggegangen? Ja, aber der war doch gerade da, oder? Bei mir kam einfach ja NM in die Party und hat sich ohne Kommentare mit Allerwertesten geheftet. Warum macht man sowas? Tja. Na, Moment, der Knight ist wieder da. Hat wahrscheinlich bei Bernanke zu viel aufs Maul bekommen. He's back.
Oh. Jesus. Braucht jemand AG-Star auf 2 zu verkaufen? Ich gebe dir 50.000 Penya each. So. Das ist 24er Jester zu stecken. Nö, ich habe meins nicht mal +3 gemacht. Meins ist nicht mal +3. Ich denke nicht, dass sich das lohnt. Mein Comet Set bis +8, GG. Naja, dann benutzt es lieber bis 105, sonst hat sich das... Naja. Wenn du es bis 105 benutzt, dann passt das wohl. Überlegt statt G oder Hisnackel mich dann vielleicht erst auf Alex Set zu konzentrieren, aber bestimmt will ich wissen, was das kostet. Alex Set war tatsächlich auch verhältnismäßig teuer, aber ich meine, du brauchst ja noch ein bisschen bis 75 und ja, ich denke für unter 10 Mio kriegst du es auf jeden Fall. Dann. Also am Anfang war es recht teuer, aber das müsste mittlerweile auch weniger sein. Ist Tide Helmet was wert? Also ich verkaufe fast alle Set-Teile beim NPC. Ist mir zu blöd. Um die paar 100k zu betteln. Also nur Gowns und Suits tue ich eigentlich in den Shop. Und Ringmaster Set-Teile. Alles andere frisst der NPC. Wertloser Garbage. Wertloser Garbage. Gowns, wieso Gowns? Weil Gowns seltener sind als Helme und Boots. Helm und Boots ultra unselten. Gowns bisschen seltener. Suit ultra selten. Also auch nicht alle Gowns natürlich. Also Tank, Jester, Gowns zum Beispiel frisst auch der NPC. Ohne mit der Wimper zu zucken. Wo ist der Sinn? Keine Ahnung, ich habe das nicht gemacht. Ich habe dieses Spiel nicht entwickelt, mein Herr. Ich spiele es nur, Sir. Ich kann nichts dafür, mein werter Herr. Ich bin überlegen, wie ich noch Damage bekomme, weil er weg einen 10er kostet. I don't know. Server noch stabil? Noch ja. CB Rage. Noch stabil. Secret Gala Death Styler am Start. Das kostet ein Crit-Rate-Pad so ab 20. Auf Buro. Oh. Naja, es kommt auch an, ob es ein A- oder S-Pad ist. Aber S-Pad 20% müsste nicht so teuer sein. Doppelter Reroll-Preis vielleicht. 200 Mio höchstens. Für mich habe ich die Ranger-Suit noch verkauft bei fast 200 Mio. Nur 70 Mio. Das meiste von dem Geld ist tatsächlich von Power Dice und Materialien.
Die meiste Kohle ist nicht mal von der Suit. Da, schau, ich verkaufe die ganze Zeit Mats und so. Rich! Hab mein Channel diesmal auf mein Shop diesmal auf Channel 2 gemacht. Das ist halt echt viel besser. Wird viel mehr gekauft. Ja, das U3 Sockel hat, wie viel erhöht das circa den Wert davon? Maximal 5 Mio, würde ich sagen. Wenn es 3 Lightning 4 Sockel sind, dann würde ich sagen 10 Mio. Aber wirklich wenig. Das ist sehr wenig, leider. Nur. Also ohne Karten maximal 5. Mit Karten 10. Wenn es 4% Karten sind. Bei 3% Karten immer noch 5. Für wie viel bekommt man jetzt das Raswa-Set? Also ich habe es schon vor Ewigkeiten gekauft für 6 Mio, clean. 7. Suit 5. Helm, Boots, paar 100k. Gowns 1 Mio oder so. Müsste jetzt noch günstiger sein, eigentlich. Also auf jeden Fall für unter 10. Definitiv unter 10. Ein Jojo-Jester kann mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Gerne. Ich werde noch eine Weile live sein, wahrscheinlich. Special Hit 19% für 10 Mio. Low-Level-Waffe oder was willst du kaufen? Wer hat Channel für Invite? DOS 2. Woher die Moneten, Freak? Ach, weißt du, das ist eben dein Einkommen, wenn du so wie ich außerordentlich köstlich bist. Judge Fudge! Ich habe jetzt aber nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich scheiße auf die Pink Scroll. Irgendwie ist das zu viel verschwendetes Geld. TBH. 30 Tage Red Scroll kostet nur 3000 F-Coin. Das ist fast der halbe Preis. Und das Geld habe ich auch schon fast. Ich glaube, ich hole mir 30 Tage Red Scroll. Und, ja. Kann halt dann keine Skills stacken. Aber ich glaube, das ist mir egal. Wobei das gar nicht stimmt, man kriegt aus dem Battle Pass tatsächlich Stack-Scrolls jeden Monat.
Zwar immer nur 1-Tages-Versionen, aber man kriegt die auf mehreren Chars, also auf 2 Chars. 4 Stück pro Monat. No! Wow. Einfach nur ein Argo angegriffen, fast gestorben, man. Weiterer Kritikpunkt an der Wüste, sage ich auch jedes Mal, wenn ich hier bin. Warum sind die scheiß Violets und Giants immer mitten im Spawn? Die Spawns sind bereits winzig. Aber ja, packen wir einfach noch alle Violets und Giants mitten rein, damit man erst recht nicht mehr leveln kann. Läuft bei uns. Jesus. Oder Spaß für eine Stackroll zusätzlich? Ja, dann zeige ich wieder 1000 F-Coin mehr, dann kann ich mir auch gleich die Pink Scroll kaufen. Das ergibt da wieder überhaupt keinen Sinn, Sir. Level 60 Mera-Hook. Ja, wieso soll ich dem jetzt schenken? Ja? Sir? Crazy. Crazy. Gibt 2 Channel ohne Bossmonster. Ja, das wissen aber alle, Sir. Das sollte grundsätzlich einfach nicht so sein, Mr. Kaif. Also, ich finde das immer interessant. Inwiefern löst das Problem, dass es auf 6 Channel Bossmonster gibt, wenn es auf 2 keine gibt? Auf 6 ist es trotzdem beschissen. Sir. Das löst nicht das Problem. Das ist trotzdem ein Problem. Das löst jetzt nicht mein Problem, wenn auf dem Channel, auf dem ich gerade bin, welche sind. Mein Freund. Ändert nichts daran, dass es kacke ist für 6 Channel. Und auf Burudeng ist es immer kacke. Zum Beispiel. Wenn ich mit dem Chart CW aufmache, brauche ich auf dem zweiten Channel auch die Quest. Nope. Die Quest braucht nur einer. Elf Minuten Amplification. Amplifikation S. Wie funktioniert FEC? Was sind da so die Kriterien? Doppel XP, Doppel Drop, Doppel Upgrade Chance. Für 5 Monate. Wenn ich übermorgen ins Krankenhaus gehe, soll ich beide Chars aus der Gilde nehmen. Wieso gehst du ins Krankenhaus? Und für wie lange? Oh fuck. Steht FEC nicht für Fly World Cup? Wie gewinnt man da? Das ist ein PvP-Turnier. Es gibt ein PvE-Turnier und ein PvP-Turnier.
Dann musst du dich halt anmelden und gewinnen. Du kriegst $80.000, wenn du Erster wirst. Erstmal während Ampli Catcher töten und einsammeln. Easy. Muss fix die Geilenblase rausgeschnippelt werden, sollte sie nach 2 Tagen wieder raus dürfen. Nee. Das hört sich ja furchtbar an, Sir. Naja, wenn du nach ein paar Tagen wieder da bist, dann musst du nicht aus der Gilde, ne? Sag halt Bescheid. Keine Ahnung, wenn es länger dauert. Sag halt Bescheid, wenn du 3 Wochen im Koma liegst, wäre es halt cool, wenn du vorher Bescheid sagst. Bruh. Kappa. Kappa. Hals- und Beinbruch, so. Gibt es noch Gegenplätze? Eigentlich nicht, ne. Wir haben nur noch 4 Plätze frei und wir brauchen noch ein bisschen Ausweichplatz für Ringmaster, für Clockwalks. Es ist gerade eher wieder schlecht, gedentechnisch. Jetzt ist gerade wieder eher schlecht. TRMs ruinieren alles. Ja, die Ringmaster ruinieren sogar die Gilde. Das ist echt crazy. Es ist wirklich crazy. Sogar die Gilde ruinieren sie uns. Es ist verrückt. Zum Verrücktwerden. Was muss man mit PvE-Turnier machen? Das ist Time Attack. Kennst du Time Attack von Flive PC? Damals? Das ist einfach das gleiche. Ein paar Bossmonster töten und wer sie am schnellsten tötet, gewinnt. Quasi ein reines Wahl-Event. Ein reines Blauwahl, Pay-to-Win, wer gibt mehr für Power-Ups aus Event. So ungefähr. Oder wer hat das beste Equipment-Event. Da drücken sich 3 dicke, fette Blauwale gegeneinander und bellen es aus. Wer ist der dickere Blauwal? Spende auch 2k F-Coin. Okay, kannst dran. 2k Questies und 2 Millionen Penya wären besser. Bro. Kann Merkaba nicht mehr sehen? Ich auch nicht. Ich hasse den Skill so sehr. Hasse den Skill so sehr. Finde eigentlich ganz cool, wenn er nicht in meiner Nähe platziert wird. Tja, und da ist das Problem. Noch 5 Minuten, noch 5%. Also 104 habe ich auf jeden Fall im Kasten. Ja, dann reichen meine Amplis genau noch bis 105. 2 habe ich noch. Zwei habe ich noch. Level 15 Mantis Strike maxen. Wo Mantis sein? Nee, Mantis Strike. Okay, Mage, ja. Yes. Okay, ja. Machst du. Yes. Danke. Hey. You're welcome.
Die Flapper-Eggs habe ich bekommen. Jesses Gowns, da sind sie. Habe sie vorhin schon mal erwähnt, die Jester Tank Gowns. Wenn ich sie droppe, schmeiße ich sie zum NPC. Und jetzt ist es passiert. Neues Futter für den NPC. Ein weiteres Setter, das nur der NPC kaufen würde. So crazy. Full Inter M Level 90 und die Buffs halten gerade mal etwas über... Auf dass dich die Moonbeam und Merkaba RMs in Ruhe lassen. Amen. Dankeschön, da wurde sogar Zeit hinzugefügt. Wow, crazy. Hat funktioniert. Danke dir, Forever Iron 4. Vielen Dank. Und noch 4 Minuten von Trendy Eistee tatsächlich. Für Kanalpunkte. Aber ja, der Timer ist wieder gefährlich niedrig. Niedrig. Niedrig wie mein Boy Friedrich. Das ist so, wie das Video von mir heißt, von dem Rudi. Jetzt zum Teufel ist Rudi. Gena, was geht ab? Achso, Rotwehil. Boah, ich schau gleich. Also eigentlich müsstest du es irgendwie finden, wenn du einfach auf meinen YouTube-Kanal gehst und du kannst die YouTube-Kanäle durchsuchen. Gib mal so 60 bis 65 ein. Da gibt es, so heißt das Video. So erreichst du 60 bis 65 mit Quests oder so. Vielleicht gibt es nochmal einen 3% Damage Boost. Oder 3% Attack. Was bedeutet eigentlich das Ausrufezeichen bei manchen Mobs? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das hatte irgendwann mal eine Bedeutung, aber irgendwie, ich glaube, das ist einfach nur verbuggt, weil auf Bo-Denke sieht man das nie. Ain't gonna lie. Das ist irgendwie hier, glaube ich, ein bisschen verbuggt auf dem Server. Wie ich sehe, läuft's noch, Shenya. Noch, ja. Wir waren aber schon mehrfach kurz vor Zero. Also einmal ja schon vor 2 Tagen. Oder vor einem Tag. Nein, nee, das war echt schon vor 2 Tagen. Und... ja. Und jetzt bewegen wir uns die ganze Zeit zwischen 5 Minuten und 1,5 Stunden. Auf und ab. Very close. Muss ich auf 60 irgendwelche Quests zu machen? Eigentlich nicht so wirklich, ne. Auf dem Server sollte man überwiegend leveln, grinden.
Scheiße. Ja gut, meine Ampli ist eh weg. Meine Inventories sind nicht mal voll. So schlecht ist die Mobdichte und die Killtime gewesen. Ich habe in einer Stunde nicht mal volle Inventories bekommen. Crazy bad. Erstmal 2 Mighty gegönnt für 17 Mio each. Uff. Jeez. Damn, ich muss wirklich unbedingt Clockworks machen. Later, Vanek. Was mache ich, wenn der Timer endet? Drachnix. Dann lasse ich alles stehen und liegen und fahre zum Mc's. Und hole mir erstmal für 300 € die größte McDonalds-Bestellung aller Zeiten, die dieses Land jemals gesehen hat. Und dann werde ich 3 Tage essen. Und dann 3 Tage schlafen. Bruh. Kappa. Nö, dann gehst einfach weiter, aber der Timer kann halt nicht mehr erhöht werden. Das heißt, der Stream endet dann heute wahrscheinlich. €300 und trotzdem nicht satt. Ja, scheiß Chemiefraß. Dieses verdammte Chemieessen. Es sättigt einfach nicht. True, true, true. Und viel zu teuer natürlich. Das sowieso. Ja, Alter, da nimmt wieder einer jeden scheiß Chimeradon im fucking Land, Alter. Übertreibt halt auch immer so, ne? Das ist wirklich krank, Mann. Einfach jeden Chimeradon genommen und lässt jetzt mit nichts zurück. Lovely. Lovely Moonbeam Ringmaster. Lovely. Sieht einfach aus, als hätte eine Atombombe eingeschlagen. Es gibt einfach kein Leben in der Wüste mehr. Aber ne, es war nur ein Moonbeam Ringmaster. Merkaba. Whatever. Aue. Whatever. Alles das gleiche. Das sind eigentlich dieselben XP-Rates wie beim Doubling 5. Hier im Besonderen sowieso nicht. Da FEC ist. Basis XP ist doppelt so hoch. Und im Flive Universe aber grundsätzlich auch nicht. Das ist ein bisschen anders. Also, nein. Hat mit damals XP-technisch eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ist einfach anders. Der Giant ist auch wieder da. Der Violet ist weg, jetzt dafür ist der Giant wieder da. Weiß ich, was besser ist, Level mit gutem Ping und nervigen OEMs oder High Ping und alles für mich. Es gibt, also, den Zustand, wo du hier Spaß hast, naja. Sagen wir mal so, es gibt nicht viele Situationen. Ja. Das Levin ist schon sehr madig. Also sowohl mit Lags als auch mit zu vielen Leuten zeitgleich. Aber bisher hat es heute nicht gelaggt, also wer weiß. Es ist aber auch kein Wochenende und kein XP-Event mehr, also ein paar Leute haben jetzt vielleicht auch einfach mal einen Gang runtergeschalten. Einige müssten wahrscheinlich wieder mal arbeiten und so. Ein paar haben vielleicht auch mal wieder das Haus verlassen. Ich nicht. Jo. Dass der Stream endet, ist klar. Die Frage war eher gemeint, was danach kommt. Weiß ich nicht. Mal schauen. Hab ja Urlaub. Das weiß ich nicht. Soweit habe ich noch nicht vorausgeplant. Da ich ja nicht weiß, wann der Stream endet.
Oder wusste. Verdammt. Erstmal noch die 4 Minuten von Eistee adden. So. Ach, natürlich. Da guckt man mal eine fucking Sekunde nicht hin und ins... Ich habe mir gestern einen neuen Porsche gekauft und habe aber gar keinen Platz mehr in der Garage. Ich habe schon 5. Glücklicherweise ist die Ampli schon vorbei. Also Timer ist wieder aktuell. Eine Frechheit, dass ihr ohne mich weitermacht, dann sorge ich wieder für Lags. Bleib bloß weg. Bleib bloß weg. Du Frechdachs. Du frechi Dachsi, du. Gut. Eigentlich direkt weiter grinden. Bin ja noch nicht 105. Erstmal auf 105 grinden. Suche immer noch nach STR gestateten Nations-Dateien, by the way. Falls ihr welche droppt. Die Wüste zieht sich wie Kaugummi. Das finde ich jetzt schon. Ich bin legit seit 1 Stunde da. Oder, naja, 2. Whatever. Auf jeden Fall auch nicht sehr lange. Und ich sehe es schon genauso. Für die Wüste bräuchte man halt endlich mal einen Ersatz oder irgendwas. Die ist halt einfach nicht zum... Also die Wüste ist halt die Definition von literally nicht als MMORPG geeignet. Viel zu klein, viel zu wenig Monster, viel zu eng. Das ist einfach alles Kacke. Was bringt den Shop-Vendor? Dein Händler bleibt länger online. Dein Verkäufer bleibt länger online. Und ohne, dass du online sein musst. Also falls du das Item meinst. Angel Sword ist auch für NPC, oder? Denke nicht, dass ich es auf Buru loswerde. Ich wollte schon sagen. NPCen würde ich es jetzt vielleicht nicht, aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das musste gucken. Vielleicht mal für 5 Mio reintun. Vielleicht mal 5 Mio.
Du dachtest, du brauchst den, um überhaupt einen AFK-Shop aufzumachen? Nee, das geht auch so. Aber ein standardmäßiger AFK-Shop hält nur 2 bis 5 Stunden. Also dieser AFK-Händler. Wenn du halt willst, dass der länger da ist, also viel länger, dann brauchst du diesen Vendor-Item-Dingens. Ich zieh gerade meinen Psy nach mit meinem 90er AOE Ranger. Was meinst du, bis welches Level ich ziehen soll? Anstatt selber auf dem Psy zu leveln? Keine Ahnung. Bis du gutes Equipment hast wahrscheinlich. Bis dein Equipment so gut ist, dass du denkst, der hat eine gute Kill-Time. Sonst wäre die Antwort wahrscheinlich niemals. Das ist wahrscheinlich eher eine Frage des Equipments. Nicht wirklich des Levels. Ja, das hat funktioniert. Pia! Danke für den Sub. Oder? Das hat doch funktioniert. Es müssten 12 Minuten gewesen sein, glaube ich. Schauen wir mal. Jesus. Kurz hier und ich bin direkt schon fast wieder tot. Yeah. Danke dir, Pia. Vielmals für den Sub. Last-Minute-Verlängerungen. Wie gesagt, das ist schon seit ich eigentlich live bin heute. Die ganze Zeit. Runter, hoch, runter, hoch. Also, was heißt, seit ich live bin? Ich war die ganze Zeit live, aber halt, seit ich wieder da bin. You know what I mean. Die Cam Freeze 2 Stunden auf den Timer wäre nur fair. Hater. Ich habe, by the way, Rest mittlerweile auf Level 18. Ich weiß. Crazy. Crazy numbers. Wo ist E-Sportler gerade gestorben? War es nicht irgendwo hier? Ich würde gerne so eine XP-Chest aufheben, aber irgendwie sehe ich sie nicht. Ich hätte schwören können, das war genau hier. Dann habe ich legit keine Ahnung, wo es war. Ja? The fuck? Das war doch hier. Oh, hier. Nee. Gar nicht. Braun auf braun sieht man halt nicht so gut, ne? Hellbraune Kiste auf hellbraunem Boden. Wo zum Teufel bin ich gestorben? Wo war denn das? Oh fuck. Wie soll ich meinen HNRL zocken bei dem Ping, lol? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ach doch, da liegt sie doch. Alter, ich sag doch, man sieht es nicht auf dem Hintergrund. Weil die Box genau die gleiche Farbe hat wie der Boden. Das ist ja... Zieht euch das rein! Als ob man das sieht. Zieht euch das rein. Das ist wie so ein Versteckspiel. Das ist wie sowas, was du auf Twitter postest. Oh, und jetzt zeigt mir doch mal, wo die XP-Box ist. Könnt ihr die XP-Box in diesem Bild finden? Freaking Rätselraten einfach. Scooby freaking Doo. Auf Channel 4 siehst du sehr viele. Ja, aber es geht ja darum, seine eigene zu finden.
Außerdem bin ich auf Channel 4, Sir. Und Typing, let's go! 17:34 Uhr, 500er Ping, let's go! Here we go again, baby. Here I go again on my own. Down, down, down. Let's freaking go, baby. Ich habe euch gewarnt. Die Leute kommen vom Arbeiten. Ach Mann. Könnt ihr nicht länger arbeiten? Was ist eigentlich aus Überstunden geworden? Was ist eigentlich aus Überstunden geworden? Du hast doch 70 bis 80. Es war nur kurz, tatsächlich, aber so fängt es immer an. So fängt es immer an. Also, mal schauen. Aber es war der erste Red Ping und der erste Leg Spike, den ich hatte, seit ich aktiv spiele. Und das sind jetzt auch schon wieder 4 Stunden. Also, mal schauen. Also, ich würde zumindest sagen, lieber mal keine Amplis aktivieren. Lieber mal keinen Clockworks starten. Man wurde gewarnt. Man wurde gewarnt, jetzt vielleicht erstmal nichts Großes zu starten. Nichts, was man später bereuen könnte. Die machen die einmal Ampli bei 10 Stunden Lag schon mal ready. Bruh. Du questest, da used du eh keine Ampli. Das wäre auch wirklich nicht sehr klug, ja. So. Na, jetzt steigt es gerade wieder ein bisschen. Was ist der Elfkern-Preis derzeit? 75 bis 80 oder so um die 80. Es ist wohl wieder an der Zeit, den Kollektor rauszuholen. Ich habe ihn nie eingesteckt. Weggesteckt. Whatever. Nein, ich muss sagen, ich habe eh Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe noch meine Burudeng-Dailies zu machen. Shakes and Fidget, Genshin Impact müsste ich auch mal reingucken. Habe ich heute noch nicht gemacht. Also eigentlich kommt mir das tatsächlich recht gelegen jetzt. Mal so ein Päuschen. Ein kleines 10-stündiges Leck-Päuschen. Warum nicht? Gibt die Rotwe hier auch Inventarplätze? Ja, 2 oder so. Timer kann nicht aktuell sein, oder? Doch. Es fehlen 2 Minuten. 2 Minuten fehlen. Bonshine, Klasan direkt hinter mir, GG. Ärgerlich. Ärgerlich. Sorry. Und die 5er Mobile Game installieren. Oh, da habe ich schon länger nicht mehr reingeguckt. Let me see that. Kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert hat. Manchmal geht es einfach nicht. Leider. Wann war denn das? Hast du das gerade eben gemacht?
Also in den letzten 24 Stunden hat es keiner installiert. Also zumindest laut meiner Liste. Ein One-Crit-Hit von Greenmong mit Comet Set, ist das normal? Leider ja. Wenn es gar nicht geht, und du schon Buffs Max hast, Heap-Up Max, Patience Max, Protect vielleicht sogar, dann, wow. E-Sportler hat mit legit 5 Leben überlebt. Dann solltest du, Element auf die Suit packen. Element plus 3 oder 4. Moin und Chat. Hat leider die Serverwartung heute nichts gebracht. Nö, ist eigentlich wie immer. Es geht so lange, bis halt zu viele Leute online sind und dann geht's halt nicht mehr, ne? So wie jeden Tag. Aber hey, mit Serverkapazitäten hat das nichts zu tun. Es liegt nicht daran, dass zu viele Leute zeitgleich das Spiel spielen. Daran liegt es nicht. So. Was für eine Verschwendung meines Talents. Hold up. Julie. No way. Was zum Teufel hat der Timer gemacht? Julie, 20 Subs, man. You crazy. Damn, Daniel. Danke dir. Ich probiere gerade zu verstehen, wie viel Zeit gerade der Timer geaddet hat. Basically eine Stunde, oder? Also er hat ein Viertel angerechnet. Ein Viertel wurde angerechnet. 5 von 20 hat er eingerechnet. Bruh. So ein Scheißding, dieses dumme Ding. Dieses blöde Tier. Du dummes Tier, Timer. Keine Ahnung. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Manchmal geht er, bei einzelnen Subs geht er manchmal. Also danke dir auf jeden Fall vielmals, Julie. Das Problem ist nur, dass es jetzt laggt. Oh oh. Und 1800. Oh shit. Oh shit. Oh shit. 1600er Ping bei mir. RIP. Oh, also Wüste mit dem Ping ist schon ein bisschen... Wüste ist ein bisschen gefährlich. Die Viecher sind ein bisschen zu stark. Oh fuck, Agro. Oh oh, oh oh. Oh shit. Oh shit, ich muss hier weg, 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 ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Leer ist lebensgefährlich. Oh man, es geht wieder los. Ich habe gesagt, ich hätte lieber schlafen gehen dürfen um diese Uhrzeit, weil man die Nacht muss man genießen, wo nicht so viel los ist. Also, das heißt, uns fehlen 3 Stunden, 2 Minuten. Ups, sorry. Falsche Richtung gedrückt. Ja. Machen wir einfach 4, 5, so. Also die 2 Minuten von It Is What It Is. Aber mit dem Game installieren, das hat nicht funktioniert bis jetzt. Serverping bis jetzt,
nicht funktioniert. Mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Das heißt, du niemals gefragt hast, morgen weiter zu streamen? Hätte ich auch nicht. Hätte ich auch nicht. Ja, dann suche ich ein paar Catcher. Bei Wüste leveln, also ich sterbe so schnell, das geht nicht. Ich kann hier nicht leveln, wenn es so leckt. Klarfahren würde gehen. Ich könnte zurück zu Klarfahren gehen. Da würde es gehen, aber Wüste kannst du vergessen. Wüste ist zu risky mit dem High Ping. Ich sterbe zu schnell. Ich hatte eh noch Glück eigentlich. Ich hatte eigentlich eh noch Glück, weil meine Ampli und so ist gerade abgelaufen. Also, das ist 10 Minuten her. 15 vielleicht. Also, nochmal Glück gehabt. Weil ich habe echt nicht mehr viele Amplis. Die will ich jetzt auch nicht noch alle an die Lags verlieren. Das wäre ungünstig. Noch 9 Minuten bin aufgegangen. Ja, das... Ach, Jung, ey. Aber habe ich nicht gesagt, wahrscheinlich können sie das Problem gar nicht fixen. Sie sind gar nicht dazu in der Lage. Heißt nicht, dass sie nicht wissen, was das Problem ist oder so. Es wird einfach nicht gehen. Die Server sind wahrscheinlich einfach nicht gut genug. Die Server sind wahrscheinlich einfach nicht gut genug für sowas wie FEC. Das wird einfach kein Problem geben, was man fixen kann. Die müssten halt bessere Server haben und die haben sie halt einfach nicht. Bessere, größere, schnellere, was auch immer. I guess. Also ich meine, das muss ja irgendwas sein, was man einfach nicht lösen kann, weil sonst würden sie es ja machen. Schätze ich mal. Die letzten Male war es nicht so schlimm. Nee, aber vielleicht haben sie doch günstigere Server genommen, keine Ahnung. Oder es sind dann einfach noch mehr Leute geworden. Also ich vermute halt einfach mal, es sind einfach noch mehr Leute. Jetzt bin ich ein Obdachloser, komme unter der Brücke nicht mehr vor. Quest? Oh, no. Ihr habt ihn einfach so getötet, Leute. Ups. Es gibt eine Quest mit... Hä? Es gibt doch überhaupt keine Quest, wo man Giant Grill töten muss. Was labert der? Hä? Der beleidigt mich gerade übelst, weil ich Giant Grill getötet habe. Achso, er wollte ihn farmen, lol. Da gebt euch das. Ich laufe hier einfach nur rum und probiere irgendwas halbwegs Sinnvolles zu machen. Habe jetzt Giant Grill getötet. Dann fragt er mich Quest. Ich denke mir so, was will denn der jetzt von mir? Und dann würde ich übelst beleidigt. Bruh. LMAO. Entschuldigung, dass ich Monster getötet habe in einem Videospiel. Tut mir leid. Ich dachte, er ist mad, weil er die Quest machen wollte und mit in die Party wollte. Aber der wollte halt Geld verdienen mit Guardian-Waffen. Ich schätze mal, der wollte hier ein paar Guardian-Waffen farmen. So geil, der Cash-Up lädt bei ja nicht. Ja. Ja, der Ping ist eh wieder so. Jetzt gerade sieht es eigentlich wieder halbwegs gut aus, aber das stimmt halt einfach nicht. Also, oder selbst wenn es stimmt, was bringt mir das, so 2 Minuten nicht laggt oder so? Das ist... Es ist ein Trauerspiel. Zu welcher Uhrzeit kann man am besten spielen? Die beste Uhrzeit zum Spielen, würde ich sagen, ist 1 Uhr nachts bis mittags. Also genau so, wie man nicht wach ist und zocken kann. Also 1 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags, in dem Zeitraum ist eigentlich nie was. Das sind so 11, 12 Stunden, da läuft es eigentlich erst rein. Also deutsche Zeit, echte Uhrzeit bei uns, Deutschland, 1 Uhr bis so 13 Uhr. Würde ich sagen. Und also tagsüber ist Katastrophe. Also genau da, wo man eigentlich spielen will, also jetzt quasi, genau da geht's gar nicht. Also nicht immer, aber genau da sind die meisten Probleme. Oder wenn Probleme sind, dann eigentlich immer dann tagsüber.
Was hat diese Wartung bitte gebracht? Anscheinend nichts. Ich sag ja, wenn das einfach ein Problem wäre, was man einfach in Anführungszeichen aus der Welt schaffen könnte, würden sie es ja wahrscheinlich tun. Sie haben es nicht getan oder sie haben es anscheinend nicht geschafft, also wird das nicht so einfach sein. Wahrscheinlich wird es erst besser, wenn wirklich die Leute anfangen, aufzuhören. Es wird erst dann besser, wenn die Leute anfangen, aufzuhören. Massenweise. Aber keine Ahnung. Das ist der erste Violet, den ich töte in dem Spiel, by the way. Das ist der erste Giant oder Violet, den ich töte. Interesting. Hoffentlich droppt da was. Gebt mir einen Drop. Wir wollen die Free-to-Play loswerden und hoffen, dass die Casher bleiben, weil sie investiert haben. Wahrscheinlich. Ey, 3 Blessing of the Demon und ein Low-S-Product. Woo, baby, let's go. Gar nicht mal so schlecht. Schwert gerade so hart, ich komme nicht mehr in den CW rein, weil ich schon auf dem Weg nur hängen bleibe. Oh, shit. Unlucky Timing. Low S-Pro geht für eine Wille. Ja. Was sind die Blessings? Blessings sind für CS. Könnte ich jetzt auf mein CS draufknallen? Für Bonus-Stats. Ist aber sau unwahrscheinlich. Also 80% nichts. Du rollst immer und 80% Chance ist einfach, dass du gar nichts bekommst. 80% ist immer 0. 0. Wie viel habe ich für 6% Geset gezahlt? 35. 35 Mio. Eigentlich viel zu teuer, aber Serverstart halt. Also normalerweise wäre mir das nicht so viel wert gewesen, aber 8 und 10% ist komplett geistesgestört teuer. Und 6% habe ich jetzt, habe ich so für mich selbst als Kompromiss gesagt. Okay, das passt schon. Selbst Collecten ist gerade krank. Ja, das schreit förmlich. Es schreit förmlich nach Serverneustart. Ich hab das vorhin gar nicht durchgelesen, by the way. We are aware that some players have been experiencing unusually high ping and server instability. We deeply apologize for any inconvenience this may have caused. Please rest assured that our team is closely monitoring the situation and working diligently to stabilize the servers and ensure a better gameplay experience for all. Some players have been experiencing Damn. Diese Texte sind so crazy. Diese Texte sind so unfassbar scheiße formuliert, ey. Das ist wirklich... crazy. Haben die neuen Code rausgehauen? Ja, es gibt einen neuen Code, den viele wahrscheinlich noch nicht haben. Hier. Gibt eine Ampli. Und 5 Potions oder so. 5 Flasks. Ist nicht schlecht, aber es ist auch ein schlechter Witz, wenn man ehrlich ist. Der Code ist eigentlich ein schlechter Witz. Den Code hätten sie uns 5-mal geben müssen, eigentlich. Diesmal ziemlich geizig, ja. Also den Code mal 5, das wäre schon etwas eher die Größenordnung, von der wir hier reden müssten. Wofür claimen, wenn man Amp sowieso pünktlich zum nächsten Leck zündet? Tja. Das ist ein Glücksspiel. Manche sind gerade offline, die können die Erfahrung nicht haben. True. Das Spiel geht mir langsam echt auf die Eier, das ist so ein Witz, dass wir uns hier bieten. Naja.
Diese Announcements sind ein Schlag ins Gesicht. Yeah. Eine Stunde Kompensation für 30 plus verpasste Stunden. Ja, also ich wäre schon auch ziemlich sauer, wenn es so oft passiert und ich habe da Geld ausgegeben. Eigentlich inakzeptabel, wenn man ehrlich ist. Also vor allem, wenn man Geld ausgegeben hat. Aber eigentlich auch so, ich meine, selbst als Free-to-Play ist es inakzeptabel. Also ich meine, das ist heute, also wir leben in einer Welt, wo sowas eigentlich nicht mehr passieren dürfte. Und wenn es passiert, dann passiert es halt einmal, dann fixt man es und dann ist es aus der Welt geschafft. Aber dass das jetzt tagtäglich passiert, man schon fest damit rechnen kann, man sogar genau weiß, zu welchen Uhrzeiten es höchstwahrscheinlich passieren wird, das ist halt Wahnsinn. Also, the fuck? Das ist wirklich Wahnsinn. Bei mir läuft es noch echt gut. Naja, ich mache ja aber auch nicht wirklich was außer rumlaufen. Ich suche Catcher, aber es gibt nicht so viele irgendwie. Probiere hier ein bisschen zu catchen. Mit Ash Ketchum. Ich brauche 30 Sekunden, um mich zu buffen. Sorry. Buffen habe ich schon aufgegeben. Bei mir leckt es nicht mal mehr, sondern es geht einfach gar nicht. Krass. Ja, ich denke, ich schiebe mal eine Pizza in den Ofen, ehrlich gesagt. Vielleicht auch 2. Auch ein dreckiger Cash und können wir mit der Potion 8 Stunden von 3 Tagen nutzen durch die Lags und Vodafone. Uff. Für wie habe ich die Tyrant Suit verkauft, Tornado? 70. Mach 3 draus. Na, man muss ja auch nicht übertreiben, Sir. Wobei ich genug Zeit hätte, um mir 3 Pizzen zu machen und 3 Pizzen zu essen. Ich hätte wahrscheinlich auch genug Zeit, 3 Pizzen komplett selbst zu backen und zu essen. Bis die Kacke hier wieder funktioniert. Ich könnte losfahren, das Weizen ernten, verarbeiten zu Mehl, zurückkommen, anfangen zu backen und wäre noch rechtzeitig zu den Lags wieder hier. Zum Ende der Lags, meine ich. Wenn es so weitergeht, habe ich es geschafft, mich aus Darkon City nach Darkon 3 zu teleportieren. Oh, shit. Also sonst sind immer so viele Catcher. Es scheint einige Konkurrenz zu geben hier. Leggende Catcher-Konkurrenz. Auch schön fett 40 Minuten Pies gestackt. Oh, Violet Kern. Das ist ein bisschen gefährlich. Wenn es mich in den reinbackt, ist Feierabend. Jetzt backt dich langsam wieder in Richtung Darkon City. Wenigstens nicht von der Map runter. Bei Darkon kann man, glaube ich, gar nicht von der Map fallen. Also, doch, aber da gibt es ja viele unsichtbare Wände. In Darkon gibt es viele unsichtbare Wände, da ist es verhältnismäßig schwierig, von der Map zu fahren. Jetzt seit gestern Uhr nix. Doch, Knack G. Nachts ging's wohl. Irgendwann wieder. Ich weiß nicht mehr wann. Oder weiß überhaupt, dass ich noch da war? Weiß ich gar nicht, ob ich dann überhaupt noch da war. Auf jeden Fall nachts geht's meistens. Also nachts funktioniert es eigentlich in der... Also wenn jemand Urlaub hat, no joke, stellt euren Rhythmus um, dass ihr immer nachts aufsteht. Am besten wirklich so Mitternacht aufstehen spätestens. Und dann die ganze Nacht durchzocken. Bis mittags
bis mittags und dann den ganzen Tag schlafen. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel, dann würdet ihr jetzt schlafen. Dann würdet ihr jetzt schlafen und die ganze Kacke nicht mitbekommen. Also die Lags, die ich mitbekommen habe, waren immer zwischen 14 und 18 Uhr eigentlich. Da ist irgendwann losgegangen. Literally jeden einzelnen Tag. Ohne Ausnahme. Immer hier hat's angefangen. Also wer den Luxus hat und, sag ich mal, keine Verpflichtungen und sowas hat, weil dann kann man zumindest sich damit trösten, naja, ich habe ja eh Urlaub, ist doch egal. Players using server shout to complain about Gala is the new income strat. Der Shout ist crazy. True. Ohne Urlaub hätte man gar nicht erst anfangen sollen. True. Komischerweise zur Feierabendzeit. Ja, wie bereits gesagt, also gefühlt passen sich die Lags seltsamerweise dem Zeitraum an, wo am meisten los ist. Kann ja fast gar nicht zusammenhängen, ne? Wer da die Parallelen zieht, ist wirklich ein Dämon. Ja gut, ich schieb mir jetzt echt eine Pizza in den Ofen, weil das ja... Kann ich wenigstens die Zeit für irgendwas nutzen.
Was ist denn dort passiert? Gab es ein Announcement? Was passiert? What happened? What? Serverwartung? Ah, okay. Ja, aber in 3 Minuten? Ah. Oh, man. Ah. Oh. Man. Server wurden abgeschaltet, wir sollen auf Bodeng spielen, haben die gesagt. More Coupons. Main Menus, Musik wahrscheinlich das Beste an dem Game. Naja. Saint Morning Open World ist besser. Aber ist nicht schlecht. FEC wirft nicht genug ab, Fly wird eingestampft. Ja, wenn das so weitergeht und alle refunden, dann schon. Ich stehe dazu, Mann, SM ist ein Banger. Ich könnte keinen Tag ohne SM aushalten. SM ist mein Leben. Für SM würde ich sogar Geld besitzen. Absolut Waschbär, das sage ich ja auch schon die ganze Zeit. Wenn sie es nicht anders hinbekommen, als neu zu starten, dann sollen sie halt einfach fest, in einem festen Rhythmus, beziehungsweise halt immer, wenn es laggt, einfach wirklich immer einen Typen da haben, der da halt von Moderatoren etc. möglichst schnell kontaktiert werden kann. Dass man halt maximal 5 bis 10 Minuten das beobachtet und wenn es halt... Ja, und fertig. Weißt du? Sag ich auch die ganze Zeit, aber machen sie nicht. Geht wieder. I'm in it to win it, baby. Oh, meine Party ist sogar noch da. Meine Party ist sogar noch da. Was bekommt man für einen KF-Kan Sampenia? 80 Mio. Also wenn du verkaufst, bekommst du sicherlich auch ein kleines bisschen mehr. Musst du greedy sein. Kaufen so 80. Ich melde mich freiwillig. Gib mir Remote Access und mein aktuelles Gehalt und I'm in. Dein aktuelles Gehalt, dass du Remote Server neu startest. Das, ich gehe mal davon aus, du verdienst aktuell etwas zu viel dafür. Ah, die Flugquest hätte ich machen können. Ich habe diese Dingens-Quest noch hier. Lord Fafnir. Den muss ich noch töten. Actually bin ich sogar direkt da jetzt. Jetzt kann ich es echt schnell machen. Bin literally genau hier. So, für die Serverlänge ist das ein Fulltime-Job. True. Mann, ich hätte die Pizza früher, ich hätte die Pizza früher machen sollen. Die ist halt auch nicht ansatzweise fertig. Das kann ich nicht essen. Das kann ich nicht leveln und nicht essen. Ich habe ihn gerade die ganze Zeit über mir gesehen, den Lord Fafnir. Wo ist der? Da. Wie viel gibt mir die Quest überhaupt noch? 3%. Server Neustart, nope, yes. Weiß es bitte auf der Homepage mit dem Text, the server encountered a temporary error and could not complete your request. Ui.
try again. Die Musik zur drum. Ah, das auch noch, oder was? Also jetzt heute ist ja mal wieder wirklich hier. Vielleicht sollte ich Clockbox machen, schnell. Jetzt läuft's ja. Nach dem Neustart ist ja eigentlich immer relativ safe. Vielleicht soll ich jetzt schnell Clockbox machen. Stört aber nicht. Doch. Bruh. So, da staunst du, hä? Einfach zugemacht, die Drecksau. Oh oh. Well, war vielleicht doch keine so gute Idee. Danke, Misa, Misa. Danke dir, Bro. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Na, vielen Dank auch. Einfach Auge gemacht. Einfach Auge gemacht. Macht CW nachts, trust me. Please try again in 30 seconds. Flyer Geier. Ja, aber das waren doch schon viel mehr als 30 Sekunden. Jetzt hat man Zeit zum Essen. Habe ich in der Party noch was frei? Nee, wenn alle wieder online sind und es sieht so aus, als wären sie es, dann nicht. Kann man ein Ticket schreiben, die resetten mit Timer für den CW? Nee. Also kannst du schon, aber das machen sie nicht. Vor allem bis die antworten, ist eh schon Feierabend. Bis die antworten, ist konntest du knicken. Na, dit konntest du knicken, Mensch. Jetzt Metin 2 spielen. Jetzt Metin 2. Endlich kann ich Metin 2 spielen. Ich kann keinen zweiten Schalenlong, weil ich auch. Musste einfach immer wieder probieren. Ich habe jetzt auch ein paar Anläufe gebraucht. Einfach wieder probieren. Kurz warten, wieder probieren, schließen, warten, wieder probieren. Irgendwann geht's wieder. Metin 2 im Browser würde ich auch eine Chance geben. Ich fürchte, Metin 2 ist noch zu erfolgreich, sodass sie es gar nicht nötig haben, ein neues Spiel zu machen. Ich fürchte, Metin 2 ist tatsächlich noch so erfolgreich, die müssen noch gar keine neue Version rausbringen. Die alte Version läuft noch so gut, dass sie es gar nicht nötig haben. Also. Bei denen rollt der Rubel auch noch mit dem OG-Game zu gut, dass sie es gar nicht müssen. Geht wieder ohne Lags? Jetzt ja, auf unbestimmte Zeit. Aber wenn gleich alle wieder online sind, die gerade schon online waren, dann kann man natürlich für nichts garantieren. Wir werden sehen. Es bleibt spannend. Auf so Online-Glücksspielseiten
mehr oder weniger legitime Glücksspielseiten kann man doch auf sowas wetten. Auf solche Sachen. Wie lange halten die Server diesmal durch, bis sie abstürzen? Na gut, wobei dann würde die ganze Zeit gedDOSt werden wahrscheinlich. Dann würden sie wahrscheinlich wirklich gedDOSt werden. Da kosten ein paar einzelne Items 250 bis 400 Euro im Shop bei Metin 2 und die Leute kaufen. Mir wurde mal ein Video geschickt von jemandem, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war Tauli. Auf jeden Fall so, was die Monetarisierung von Metin 2 angeht und so, können auch hier Wetten knacken. Was die Monetarisierung von Metin 2 angeht und so. Und weil da jemand meinte, dass es da auch so viele Parallelen zu Flive gäbe und so. Aber ich habe das Video gesehen und ich dachte mir, das klingt actually noch 100-mal schlimmer als Flive. Das klingt so wie Flive, Cash Shop, Pay to Win, wenn es gekokst hat. Wie wenn der Flive Cash Shop koksen würde. So klingt Metin 2. Also quasi Flive Cash Shop auf Koks. Da war ich tatsächlich ganz froh, dass ich dieses Spiel nicht spiele. Weil Flive ist ja größtenteils eigentlich nicht so schlimm. Ich meine, es ist halt arschteuer, aber ja. Also Flive ist halt ärgerlich, dass es halt einige Sachen gibt, die halt wirklich Cash-Up-Only sind. Das ist blöd. Und halt grundsätzlich die Preise an sich sind halt auch teilweise echt unverschämt. Aber jetzt nichts, wo du sagen kannst, naja, das ist jetzt halt so unfair, dass du ohne Cashen gar nicht spielen kannst oder so. Aber da gibt es ja wirklich Spiele, die da dann doch nochmal eine Ecke drauflegen. So, immer noch im Arsch. Jetzt gerade, Olaf, sollte es gehen. Wenn du jetzt online kommst, sollte es gehen. Aber kein Mensch weiß für wie lange. Sir. Also nutz die Chance, geh online und tu, was du tun musst. Do what you wanna do, mate. Sollte gehen. Ich will jetzt alle Power-Ups reinknallen, die ich habe. Es soll schon 1 Stunde dann flüssig laufen. Ja, aber das kann ich dir nicht garantieren. Das kann dir niemand garantieren. Das kann dir niemand garantieren. Da musst du nachts um 4 online gehen und da spielen. Also ich meine, jetzt geht's. Was willst du, was soll ich dir sagen? Ich weiß aber nicht, wie lange. Kann jetzt 3 Stunden laufen, es kann aber auch nur 1 Stunde laufen. Es kann auch nur eine halbe Stunde laufen. Woher zum Teufel soll das irgendjemand wissen? Wie füllen sich die Couple Points für Buffs auf? Nur durch Level Up. Ja. Nur durch Level Up. Kann man aber auch im Cash Up kaufen. Also einfach so Level Up und Anniversary. Gibt noch Anniversary Gifts für eine gewisse Zeit. 7, 15, 50 und 100 Tage, glaube ich, Anniversary. Aber sonst nur Level Up und Cash. Das kann ich mal Gala garantieren. Ja, die sowieso nicht. Die wissen ja anscheinend nicht mehr, woran es liegt. Sonst würden sie es ja, wie gesagt, vermutlich fixen. Sollen wir Snowboard das Juden Cactus Head Gold hinzufügen? Gibt's, aber halt nicht in der aktuellen Rotation leider. Und bei Chimera dann sind trotzdem schon wieder Leute ab dem Leveln. RIP. Naja, meine Pizza ist jetzt eh gleich fertig.
actually mal kurz abchecken, wie es bei der Pizza aussieht. Boah, es fühlt sich gerade an wie Burudeng, ey. Ich habe gerade die Monster gekillt, hat sich angefühlt wie Burudeng. Sheesh. Oh, der Pizzamann. Der Mr. Pizzamann war da. So. Okay. Muss noch was Neues zu trinken holen. Auf Supermarkt. Hier, das ist eine vegane Pizza. Ich finde die ganz nice. Die ist saubunt. Zwar immer noch aus dem Tiefkühlfach, aber nur Gemüse. Ah, ich habe noch eine zweite im Ofen. Ew. Ja, die ist actually ziemlich geil. Wow. Und schmeckt immer gut, die Süßigkeiten. True.
gibt's nicht mehr, die Schokopizza, glaube ich. Und nee, habe ich nie gegessen. Von der hatte ich nur gehört, die habe ich nie gegessen. Aber an für sich, warum nicht? Nach 2 Stück warst du durch. 1 Stück mehr wärst du zuckerkrank geworden. Aber wie hat die dann geschmeckt? Einfach wie ein Kuchen oder was? Also, weil es ja einfach nur Teig mit Schokolade war. Muss er dann eigentlich wie so ein Gebäckstück schmecken, oder? Einfach nur nach Schokolade. Okay. Tja. Die Welt war noch nicht bereit dafür. Der Geschmack ist halt so ekelhaft dominiert. Keine Ahnung. Kann's mir nicht vorstellen irgendwie. Als würdest du Schokolade in einem Topf schmelzen und trinken? Okay, das kann ich mir schon vorstellen. Kennt ihr diesen Schokosirup, den man übers Eis macht? Wie so beim Mac Sunday. Der ist doch auch purer Zucker. Davon gibt es auch diese Leute, die so schnell essen. So Furious Pete und Matt Stoney. Und Furious Pete hat mal 2 Liter davon einfach getrunken oder so. Ja, ist das gestört. 2 Liter Schokosirup oder so. Kann auch sein, dass es mehr als 2 Liter waren. Weniger war es auf jeden Fall nicht. Weil so fette Flaschen einfach getrunken. Nennt sich beim Pete auch Nachspeise, Sir. True. Was gibt's Neues, Watzlowski? Gutes, lol. Pizza. Eine gute Tiefkühlpizza. Bella Pizza. Danke dir. Tiefkühlpizza mit Tiefkühllasagne kombiniert ist bestimmt auch mega. Ja, ist halt wie ein italienisches Menü, oder?
Ein italienisches Zwei-Gänge-Menü. Bruh. Sagen wir italienisch inspiriert. Bruh. Pfannengnocchi. Mit was? Also Soße oder was? Schinken und Mozzarella. Oh. Und mit Pesto. Hm. Ja, die auch schon mal einen guten. Klingt nice. Hm. Viertelt oder achtet ihr eure Pizza? Ich habe früher mal geviertelt, aber Achteln ist irgendwie noch geiler. Viertel, Achtel, Pack, Viertel, 8 packe ich nicht. Sir. Achteln schmeckt besser, ja. Irgendwie schon. Du rollst deine Pizza, du isst sie aus der Mikrowelle. Das klingt irgendwie nasty. Ja, irgendwie klingt alles mit Mikrowelle nasty. Wie zum Beispiel Mikrowellenburger. Weil der Mikrowelle ja auch so eine Backfunktion hat. Hm. ...104 schon Kurai. Naja, ich meine... Es werden gerade Ernestwaffen für Tausende von Euro verkauft. Also... ist 104 wirklich nicht viel. Ich bin geistesgestört behind. So. Ich hab komplett den Anschluss verloren. Beim nächsten FEC noch mehr reinhasseln.
Ich denke, mein Fehler war, dass ich 3-mal schlafen gegangen bin. Bruh. Nächstes Mal einfach nicht schlafen gehen. Dann wäre ich jetzt auch in Coral Island, wenn ich nicht geschlafen hätte. Ah, what you eating? Some good old pizza from the freezer. Some pizza from the freezer. Pizza Nummer 2. Muy bien. Noch schnell eine zweite reinschieben und dann wird weiter gehabt. Rein damit. Bruh. Eine zweite Pizza? Junge. 2 Tiefkühlpizzen haben halt 1000 Kalorien oder so. Das ist halt nichts. Also, gesund ist es auf jeden Fall nicht, aber eine ist ja gar nichts. Das ist halt literally nichts. Aber dafür könnte ich auch 3 essen, theoretisch. Nee, Spaß, ich esse immer 2. 2 haben so 1600 Sir. Auf jeden Fall unter 2000. Aber ich habe ja gerade eine vegane gegessen. Das ist jetzt eine Pizza Spezial. Aber die erste war eine komplett vegane. Also I guess, die war ein kleines bisschen gesünder. Eine reicht easy für 2 Tage. Entschuldigung, Mr. Knack G. Nicht jeder wiegt 40 Kilo. Vegane Pizza, ja. Schmeckt ziemlich gut, actually. Nach was schmeckt sowas? Die schmeckt literally genauso wie die nicht vegane. Ist halt kein Salami drauf, ist halt nur Gemüse drauf. Vegane Dönerpizza? Nee. Soja und Gemüse. Aber es ist Salami und Schinken drauf.
Aber ist noch ein bisschen heiß. Ich kann noch nicht wirklich essen. Too hot. Too hot to handle. Also eine Dönerpizza knackt G. Dönerpizza ist gefühlt das Einzige, was es nicht in der Tiefkühltruhe gibt. Zumindest nicht beim Rewe. Wäre mega. Aber gibt's tatsächlich nicht. Klar? Nö, beim Rewe nicht. Also nicht bei unserem. Ah. Hast du gesehen, vegane Dönerpizza? Im Supermarkt. Das bei uns nicht. Noch nie gesehen. Hey, safe schon mal gesehen. Wenn ich die schon mal gesehen hätte, hätte ich sie safe gekauft. War noch Nationhelm? Nur gestattet. Ja, ich kann gerade nicht schreiben, ich will meine Tastatur und Maus nicht anfassen. Ich musste das Hände waschen. Das ist sonst ekelhaft. Ab wann droppt man 120er Waffen? Ab 113er Monstern, ab Chef Muffrin. Da bin ich gerade unterwegs. Hin. Minderwertige, ungestattete Ware. Ja, muss ich mir vielleicht auch holen, aber... Noch bin ich ja nicht 105. Angels X Adudu. Also ihr müsst nachschauen, aber ich glaube es ist Giant Gonguri. Kannst du in Flyfipedia nachschauen. Das ist auf jeden Fall nicht Luia. Das weiß ich auswendig. Danke dir, nix wie weg. Der Coupon ist ein Witz, oder? Naja. Schon ein bisschen. Könnte besser sein.
Was meinst du genau, Kurai? Also wann du eine MP benutzen solltest? Immer eigentlich. Am besten, nachdem du gerade Inventar geleert hast und am besten in der Kombination mit Power-Ups. Hat dir gerade jemand Flive gesagt? Hell yeah. Dachtest du uns nicht, wenn man Level 22 ist? Wenn ihr jetzt nicht gleich das Spiel startet, dann DDoS ich euch. Dann startet nie wieder jemand dieses Spiel. Das dachte wahrscheinlich jemand. Nee. Also am besten so schnell wie möglich Level 30 erreichen. Am besten so schnell wie möglich Level 30 erreichen. Also auch davor lohnt sich schon. Jetzt in FEC war es nicht so mit dem Double Buff. Ne, mit dem Debuff. Oh. Nee. Letztes Mal war es auch so. Vorletztes Mal war es nicht so. Vorletztes Mal war direkt mit Level 1. Beim ersten. Wicker? Was? Wixer? Shiny? Ist das ein Pokémon? Kenn ich nicht. Danke für den Follow. Bei Pokémon bin ich komplett raus. Alles nach Gen 3 Pokémon. Keine Ahnung. Du meinst die World Bosse Kurai? Ja. Nee, das war letztes Mal. Das war letztes Mal. Das könnte auch bald wiederkommen. Das ist nämlich das Anniversary Event. Und das ist in 3 Wochen. Die Gurken krachen richtig beim Reinbeißen. Ja, das sind richtig knusprige Gurken, ey. Geil. Liebe Gurken. Manchmal schiebe ich mir Gurken einfach nur so zum Spaß rein, Bro.
Junge. Bei Partyplätze, Alex? Leider gerade nicht, ne. So. DOS Tiefkühlpizzas vernichtet. Ah. Dann direkt aufstehen am besten. Und die gute Batteriesäure hinterher. Du sagst es. Das war der Plan. Und dann ein bisschen Batteriesäure, Baby. Das Schlachtfeld. Es gab keine Überlebenden. Bis die oben ein Getränk vergessen.
So. So, Herrschaften. Jetzt muss gegrindet werden. Viel zu lange Pause gemacht. Faule Sau. Du faule Sau, du faule du. Guck dich doch nochmal an. Einfach so lang Pause gemacht. Du spinnst du. Du bist doch verrückt. So wird es nix. Was ist denn hier los? Wieso ist ja niemand? Ah, hier ist jemand. Das ist der gleiche Blade wie vorhin, so ein Chinese. Chinese Blade. Okay. Der Typ weiß auch nicht, was das Wort Pause bedeutet. Actually ein guter Char-Name. Wenn dein Char-Name einfach Chinese Blade ist. Auch gar nicht so bad. So, Ampli wird gezündet. Boom, baby! Let's fucking go, baby, let's go! Let's go! Junge, weißt du, ich halte so kurz F4 gedrückt, das ist bei mir immer Link Attack. Bei Flive PC hätte ich jetzt 3 Stunden gestackt, bei Flive Universe waren es einfach 10 Minuten. Das ist... Ich weiß nicht, warum das Stacken so abfuckmäßig langsam ist. Ah, da ist gerade ein Violet gespawnt. So, mal schauen, ob ich in der Stunde Level 105 schaffe. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber so 80-90% müssten auf jeden Fall drin sein. Sind die Sachen von 105 schon am Start? Knack. No! It's a negative, my man. Kann man die Tasten gedrückt halten? Yes, sir. Seit einem Jahr ungefähr, glaube ich. Seit circa einem Jahr kann man in Flive Universe auch Tasten gedrückt halten, so wie in Flive PC damals. Too little, too late für mich persönlich. Weil ich hatte mich dann jetzt schon an Flive Universe gewöhnt. Für mich kam es zu spät, aber naja. Also ich hatte mich schon dran gewöhnt, es nicht zu können. Immerhin haben sie 2 Jahre dafür gebraucht. Also, Bullet Energy auf euch. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ah. Oh. Eiskalte Batteriesäure. Eiskalt und Piss. Nicht klar. Lost in Toilet, was geht ab? Sieht aus wie sehr ungesunder Urin. So ein richtiges dunkel-orange-gelb. Köstlich schmöchtlich. Cheer Nation. Vergesst nicht euer Cheer. Cheer me up. Before you go. Don't leave me hanging like a dreckige Jojo. Chester. Sieht so aus. Ist es? Okay. E-Sportler Level Up, Baby, let's go. E-Sportler Level Up, Baby, let's go. Ey, ich habe jetzt Rest of Max, Baby. Let's go. Wobei mein Jester stirbt eigentlich nie. Es stirbt eigentlich immer der... es stirbt halt eigentlich wirklich immer der Ringmaster. Der Jester stirbt eigentlich so gut wie nie. So eine Tasse Rostwasser ist auch einfach besser. Kaffee? Oder was? Was ist Rostwasser? Also, Asren-Boots. Trash. Ah. Na, mit Kaffee konnte ich noch nie was anfangen. Hieß immer, ja, dafür muss man erwachsen sein. Für mich schmeckt es immer noch wie Pisse. Aber egal. Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen, ne?
Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen. Auf welchem Level kann man Accuracy nochmal skillen? 30. 30. 30. Pack doch einfach dieses Stun-Skill auf die Leiste, dann stirbt deine Emma auch nicht. Der Stun-Skill hat 40% Wahrscheinlichkeit. Wenn es nicht stunt, was soll es dann bringen? Also welchen Skill meinst du denn bitte, Sir? Der einzige Skill, der stunt, ist Crossline zu einer 40% Wahrscheinlichkeit. Also es ist Crossline und Counter-Attack. Aber Counter-Attack dauert ewig. Also Counter-Attack stunt erst nach 6 Sekunden. Das ist auch ein bisschen zu langsam. Bis dahin ist der Hammer auch 3-mal tot. Pulling könnte funktionieren. Pulling wollte ich mal ausprobieren. Hatte ich nicht genug Skillpunkte für Pulling, wollte ich mal ausprobieren. Das ist so ein Lasso. Und dann kann man da irgendwie Gegner so ranpullen. Vielleicht changed das Instant Agro, war so mein Gedanke. Oh. Ja, oh. Nee, wobei es hat okay, es zieht nicht mal Agro. Zieht euch das rein. Jester ist so eine goofy-ass-Klasse. Du kannst einfach Monster pullen und dann einfach weglaufen und das Monster macht einfach gar nichts. Was ist das für ein goofy-ass-Skill? Du kannst einfach Mobs durch die Gegend ziehen und die greifen dich dann nicht mal an. Was ist das für eine Scheiße, Junge? Welcher fucking Spacko denkt sich diese Skills aus, ey? Und deswegen macht sich jeder über diese Klasse lustig. Und genau deswegen macht sich jeder über Jester lustig. Das ist einfach nur fucking goofy. Der Skill macht einfach nicht mal Schaden. Holy shit. Das ist ein PvP-Skill. Und wenn man kein PvP spielt, ist er einfach nur goofy. Sir. Die Totems in Lusaka Dungeon weggezogen. Echt? Das geht. Ja. Naja. Eigentlich wäre es ein guter Agro-Skill, wenn man ehrlich ist. Eigentlich wäre es ein guter Agro-Skill. Dem Skill hätten sie eigentlich eine Agro-Funktion geben sollen. Würde ja Sinn ergeben. Du ziehst ein Monster weg von jemandem oder zu dir auf jeden Fall. Und zeitgleich änderst du seine Agro auf dich. Also was er im PvP macht, ist ja scheißegal, aber die PvE-Funktion fehlt halt irgendwie so ein bisschen. Aber ich vermute mal, die haben den einfach 1:1 kopiert aus Live-PC. Hier ist ein Internet für 40 Mio. Ja, ich mache jetzt noch 105 und ich glaube, dann werde ich Clockworks machen. Ja, wobei, vielleicht mache ich das. Ja. Schwierig. Man weiß halt nicht, wann die Lags zurückkehren, ne? Clockworks ist halt echt was sehr riskant. Sehr, sehr riskant, das Ganze. Wobei, wenn man Clockworks verkackt, kann man doch eigentlich... Nee. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich kein PvP spiele, Sir. Und vor allem, ich werde niemals Hop benutzen, weil das kostet Penya. Ich bin so ein kolossaler Geizkragen. Ich werde Hop nicht mal skillen. Ich disrespekte den Jester so sehr, ich skill Hop nicht mal. Da setze ich einen fetten Fladen drauf. Ein Skill, der Penya kostet? Sag mal, geht's noch? Sag mal, geht's noch? Ja, einen Scheiß werde ich den benutzen. Den skill ich nicht mal, diesen Scheißdreck. Nee, du. Das sehe ich nicht ein. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Alles Max außer Hop.
Was ist Escape nochmal? Ermöglicht die Befreiung aus gewissen bewegungsbeeinflussenden Dark Illusion muss zuerst benutzt werden. Ja. That shit is useless, man. Hat der überhaupt irgendein Skill, den man im PvE benutzen kann? Das ist einfach literally keine PvE-Skills, diese Klasse. Nichts, was man auf Monster einsetzen kann. Wie der kostet Penya, Julie? Na, warum denkst du, kostet der Skill... warum heißt der Skill Hit of Penya? Weil deine Penya dabei verbraucht werden. Bei der Nutzung. Crazy. Indirekt plus 3. Hast du gedroppt? Oder was? Hop benutzt man immer, wenn er off-cooldown ist beim Leveln. Das hätte deiner sein können. Heißt ja nicht, dass er zwingend gerade gedroppt wurde. Gestern hat auch schon eine Indirekt plus 3 gespammt. Oder nicht gespammt, aber halt. Gepostet. 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 Muss ja nicht unbedingt von jetzt gerade sein, Sir. Je mehr Penya, desto höher der Damage. Nee, das ist gecapped. Es ist gecapped, soweit ich weiß. Die Menge an verbrauchten Penya ist gecapped. Genauso wie der Schaden. Also der Schaden, den Hop machen kann, ist auch gecapped. Also in Flive Universe wird das wahrscheinlich keine Rolle spielen. Aber in Flive PC. Ein Pay-to-Win-Skill. Nicht wirklich, ne. Ist halt einfach dämlich, finde ich. Aber ich kann tatsächlich schon alle Jojo-Skills Max machen, lol. Naja, nicht ganz. Fast. Fast. Lol. Mein Elementor, ne? Ich bin 165 Elementor auf Bodeng und kann nicht alles maxen. Mein Jester ist 104 und ich habe literally alles bis auf 2 Skills Max. Ja, das macht natürlich Sinn. Macht natürlich Sinn, ne? Ist ja mal überhaupt nicht unfair. Wenn du noch 20 besten Kaigas Assault machen kannst, wirst du den Skin nicht mehr dämlich. Weißt du, was ich dann mache? AO8. Vor Kaigas Assault tue ich mein ganzes Penya raus. Und weißt du, was ich dann mache? Ich mache immer Dark Illu und dann snitch ich. Und dann gehe ich mit mehr Penya aus Kaigas raus, als ich reingegangen bin. Fuck him. Fuck him. So. Snitch him up. Snitch him up. Bist du eine Snitch? Yeah. Da hast du wohl recht, Sir. Snitch him up. Snitch these fools. Der Skill heißt übrigens Snatch. Das ist doch das gleiche. Snatch, Snitch, Schneselhauser. Das ist für mich alles das gleiche Wort. Sir. Snatchen, Snitchen, Schnetschelhausern. Same thing. Ich mache da keinen Unterschied mehr, Sir. Ah, Jesus, man. Nochmal ein Shoutout an Turtle Beach, by the way. Schon lange nicht mehr gemacht. Turtle Beach Giveaway, Ausrufezeichen Store. Dürften jetzt nur noch ganz wenige Tickets übrig sein. Wer noch die Chance will beim Giveaway,
mitzumachen von Le Turtle Beach. Könnte sein, dass wir heute das erste Giveaway auslosen. Big ol' Turtle Beach Headsets. Kannst du mal kurz erklären, wie du CW machen würdest? Was macht der M ohne die 8K HP zum Beispiel? Naja, also für CW auf Easy brauchst du ja keine 8K. Die 8K bräuchtest du für CW auf Hard. Und man hat auch Power-Ups bekommen. Also ich werde einfach ein Great E reinschmeißen. Also ich glaube, ich habe 5 Great E, weil ich habe schon welche benutzt beim M tatsächlich. Ja, aber einfach ein Great E reinschmeißen. Rocket. Und nächstes Mal, wenn ich ihn mache, bin ich dann wieder im Level höher. Das wird dann schon passen. Also auf Hard werde ich ihn erstmal nicht machen, denke ich. Einfach weil es zu lange dauert. Also morgen müsste ich ja direkt wieder rein können. Von leicht auf easy hat man nur einen Tag Cooldown, soweit ich weiß. Und dann wären es ja noch 2 Tage bis zu Hard. Ich meine, mit Bloody Jojo, I guess, mal schauen. Aber so an für sich, der dauert einfach zu lang. Musste L entfernen? Yeah. Von leicht auf easy. Von leicht auf middle. Meet me in the middle. Ich meinte natürlich middle. Wie Middle School. Clockworks Middle School. Meinte ich. Für Mittelnormal CW 7 KP genug. Also easy soll wohl doch weniger machen, als ich dachte. Aber wie gesagt, also mein Richtwert war eigentlich immer 6,5 mindestens für easy. Dann 7,75 für normal, also mittel. Und für 8 eigentlich schon mindestens 8K. Und das heißt ja nicht zwingend, dass du mit weniger HP stirbst. Es geht ja auch einfach darum, dass du ja nicht mit jedem Schlag quasi wirklich so kurz vorm Tod sein willst, ne? Weil dann, wenn du einmal Healing verkackst, einmal Healen oder Fooden verkackst oder vergisst, bist du ja instant tot. Sobald der zweite Hit kommt, bist du ja auch im Instant tot. Also ich bin persönlich jemand, ich will nicht so farmen, dass wenn auch nur eine Millisekunde Unaufmerksamkeit oder eine Winz, also wirklich so Leben am Limit mäßig, meine ich. Also quasi so, er macht 11k Schaden und ich habe 11.001 HP zum Beispiel, so, weißt du? Also so will ich nicht spielen, das ist ja Schwachsinn. Dann eine Sekunde nicht aufgepasst und schon bist du tot. Also kann man so spielen, aber mir macht das dann keinen Spaß. Und außerdem bin ich immer abgelenkt durch Chat und so, also ich bin immer abgelenkt. Ich schaue sehr oft nicht hin oder so, wenn ich irgendwas mache. Das wäre mein Tod. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger lieber. Und du kannst es natürlich auch brachial machen, wenn er 4, was weiß ich was 1000 macht, dass du dann wirklich auch nur mit so viel HP reingehst, aber das muss jeder selber wissen. Also unter 6k würde ich CW gar nicht erst herausfordern wahrscheinlich. Netterweise hat mein Jester aber gerade 6200, also müsste ich das auch gar nicht. Beziehungsweise hätte er auch noch viel mehr. Mein Set ist clean, also Set plus 3 gibt ja noch alles Stats plus 3 und so ein Scheiß. Aber ja, der Ringmaster hat tatsächlich bei mir gerade 5000, also das wäre mir auf jeden Fall viel zu wenig, ja. Nee, also beim Ringmaster hatte ich tatsächlich vor, ein Great E reinzuploppen, aber da hat man ja zum Glück auch welche gratis bekommen, beziehungsweise Power Scrolls hat er, glaube ich, auch noch. Irgendwie so halt irgendein HP-Power-Up, um mal abzuchecken, wie viel Schaden er denn bekommt. Lieber zu viel HP als zu wenig, wie bereits gesagt. Und dann, ja. Also ich meine, auf Easy werde ich ihn wahrscheinlich nur einmal machen. Von dem her ist das dann eigentlich auch nicht so wichtig, aber ja. Egal. Kann ja jeder machen, wie er will, aber bei so Boss-Herausforderungen und so wäre ich halt schon immer auf der vorsichtigen Seite lieber. Sonst bereut man es. Das Problem habe ich aktuell mit meinem Elementor, der 65 beim Greenmonk, die Toolshotten mich mit dem 40er-Set. Naja, ich meine, du kannst aufs 60er-Set umsteigen, das gibt ja ein bisschen HP-Rate. Aber wirklich viel besser wird es nie als Elementor. Also, mit Mioran-Set auf 75 fühlt man sich mal eine Weile ganz okay. Vor allem, wenn man vom 45er aufs 75er-Set wechselt. Aber das ist auch so ein bisschen so eine Sache, da musst du dich auch einfach dran gewöhnen. Elementor hält nie mehr als 2 Schläge aus eigentlich. Also der 3. Schlag tötet dich dann eigentlich immer. Spätestens. Also da musst du einfach üben.
dass du besser wirst, ein Gefühl entwickelst, wann musst du Blinkpool einsetzen, dass du wirklich nicht stirbst und so weiter. Also das ist einfach reine Übung. Das ist nichts als Übung. Das hat überhaupt nichts mit Können zu tun. Das ist einfach nur... Also gut, auf dem Server leider hat es auch viel mit dem Ping zu tun, fürchte ich. Das kann ich zum Glück nicht beurteilen, weil ich ausnahmsweise bei kein Hit-and-Run spiele. Aber, ja. Aber da kommt man rein. Also glaubt mir, am Anfang war ich auch so kacke. Bin ich immer noch. Bulle Hamster hat man auch noch for free bekommen. Stimmt, Bulle Hamster ist auch gut. Flat 500 HP. Das kann man auch für Clockworks nutzen, wenn man sich nicht sicher ist, ob die HP reichen. Wie gesagt, lieber mal zu viel aktivieren als zu wenig. Und dann sieht man ja, wie viel Schaden man bekommt. Lieber mit mehr reingehen und dann sagen, ah geil, ich brauche gar nicht so viel, als dass man mit zu wenig reingeht und tot am Boden liegt, wie so ein Würstchen. Vor allem bei Clockworks ist es ärgerlich, weil wenn der RM stirbt, da musst du ja quasi raus. Das heißt, du verlierst erstmal saftig XP. Und da musst du ja wieder rein und hast nur 1 Minute Zeit dafür. Oder... Ne, wobei ich glaube... Nee. Oder... Nee, solange einer drin bleibt, ist egal. Nee. Solange einer drin bleibt, hast du, glaube ich, unendlich Zeit. Nee. Wenn beide draußen werden müssen. Ja, nee. Aber egal, trotzdem. Also so oder so ätzend. Also ein Bossfight, rausgehen, XP verlieren, wieder reingehen. Fühlt man sich besiegt. Also Time Limit ist egal, vergesst das wieder. War ein Brainfart. Aber ja, trotzdem ätzend. Ätzend ist es trotzdem. Ja, ich fürchte, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert tatsächlich. Wir haben noch 40 Minuten Ampli. Und ich glaube, ich habe gesagt, 80, 90 ist locker drin. Ich fürchte, das muss ich revidieren. In 20 Minuten waren das jetzt, glaube ich, 27%. Also, oder? Was hatte ich? Ach so, ne, wenn es 27 waren, reicht's doch, aber ja. Also allerhöchstens 90 wahrscheinlich. Also Level Up wird noch ein bisschen länger dauern. Und ich muss wahrscheinlich noch Inventar lernen, weil es sieht tatsächlich gerade recht voll aus. Ach so, meine M hat kein CS-Bett draußen, deswegen. Ja. Ja gut, dann nevermind. RM ist noch komplett clear. Der RM hat noch komplett cleanes Inventory. Was sind die Daily Quests genau? Bringen die was? Und ab welchem Level geht das? Also Daily in Fly of Universe hast du leider einiges zu tun. Es gibt Daily Tower Dailies ab Level 86. Es gibt Daily Spielzeitbelohnungen, Taste U, Spielzeit. Es gibt Daily Battle Pass Aufgaben, Taste V. Es gibt meistens Daily Event Aufträge oder Sachen, die man nur einmal am Tag machen kann. Die allermeisten Events sind irgendwelche Daily Aufgaben in Fly of Universe. Was man immer nur einmal am Tag machen kann, wenn man es nicht gemacht hat. Also, ja doch, wenn man es nicht gemacht hat, dann kann man es auch nicht nachholen oder so. Also das ist dann wirklich auch verpasst einfach. Und dann gibt es noch die ganzen täglichen Dungeons halt, oder alle 2 Tage, sowas wie Clockworks zum Beispiel. Den kann man nur alle 2 Tage machen grundsätzlich. Zum Beispiel, das wäre technisch gesehen wohl auch eine Daily irgendwo, so oder sowas ähnliches. Also es gibt sehr viel Daily-Stuff leider. Aber Daily Quests gibt es tatsächlich nur Tower und Couple, wenn mich nicht alles täuscht, und Event. Weiß nicht genau, welche Quest du meinst. Also, wenn man von Dailies redet, dann meint man entweder Spielzeitbelohnungen auf Taste U oder Tower Dailies. Das würde ich sagen, sind die häufigsten. Couple Dailies sind ziemlich irrelevant. Die macht man eigentlich nicht wirklich, oder ich mache die eigentlich nie. Wirklich. Und du meinst Tower Dailies, ja. Ja, ab 86, wie gesagt. Ab 86. Einfach in Nordflares zu dem grünen Manschkal gehen, der Typ in der grünen Rüstung. Nordflares. Und der hat dann eh ein blaues Ausrufezeichen über dem Kopf. Und der gibt dir dann deine Dailies. Und was die bringen, ist XP und Penya. Und du kannst im Tower gegen Giants kämpfen, die auch Unique-Waffen droppen. Die lohnt sich auch dann sicherlich, oder? Kann man so pauschal nicht sagen, würde ich behaupten. Aber grundsätzlich schon, ja.
Also es kann vielleicht gewisse Szenarien geben, denen sie sich vielleicht mal nicht lohnen. Aber das kann man pauschal schwer sagen, weil es einfach auch ein bisschen von dir abhängt. Wie schnell schaffst du sie? Schaffst du sie überhaupt? Und so weiter. Also das kann man jetzt so pauschal tatsächlich gar nicht beantworten. Also grundsätzlich lohnt sie sich schon, ja. Grundsätzlich safe. Schon wieder? Ey, das sind die 10. Asren-Gowns, die ich gedroppt habe. No cap. Die habe ich jetzt safe 10-mal gedroppt. Das ist crazy. Das ist das häufigste Setup, was ich gedroppt habe. Und immer männlich. Vorhin heißt sie sogar gleich doppelt. Vorhin heißt sie doppelt. Einmal männlich mit gestattet und einmal ohne Stats. Wann ist aber Daily Reset? 0 Uhr Serverzeit? Alles resettet in Flash Universe immer um 0 Uhr Serverzeit, ja. 0 Uhr Serverzeit in Flash Universe ist der ultimative Reset. Sie. Zeichen, dass du doch Ranger machen solltest? Okay, ich mach nochmal 9 Char, Bro. Na, dann fange ich einfach nochmal von neu an. Danke dir. Na dann, es hilft nichts. Alles nochmal machen. Ich mache gerade echt einen Ranger. Cool. Wirst du höchstwahrscheinlich nicht bereuen, Ranger ist eine coole Socke. Weißt du, wie ich meine? Ranger ist einfach eine coole Socke. Psy bockt doch nicht ganz so sehr, wie er hofft. Oh, schade. Zieh einfach einen Bogen an, das merkt keiner. Ich merke es. Ich merke es. Ah. Es wäre nicht das Gleiche. Ich wechsle von Ranger auf Psy gerade, sagt doch nicht sowas. Uff. Oh yeah. Der Reverse. Gibt es eine Charakterübersicht über den Account? Ja. Taste H. Charakter wechseln. Du siehst, bei mir ist es ausgegraut. Das liegt daran, dass ich auf dem... Also, gut, das heißt Account-Übersicht. Nee, eine Account-Übersicht kriegst du nur beim Einloggen, theoretisch. Aber... für den Server ist es Charakter wechseln. Also ich habe auf dem Server nur einen Charakter auf dem Account. Ergo kann ich den Charakter nicht wechseln, weil der Account hat nur einen Charakter. Also kann ich nicht Charakter wechseln, also habe ich nur einen Charakter. Account geht tatsächlich nicht, ne. Dafür müsstest du dich neu einloggen und dann dich durch alle Server klicken, glaube ich. Also es gibt eine Übersicht über deine Saved Sessions, aber das sind ja alle Accounts, das ist ja nicht nur ein Account. Direkt alle Charakter von einem Account kann man sich nicht angucken, ne. Vor allem nicht, wenn sie auf unterschiedlichen Servern sind. Aber Maui Blade mit echt Kacke-Köpfen ist trotzdem unglaublich stark. Ja, ist doch nice. Mega. Ich will gerne wissen, auf welchem Account mein Bo denkt, Charles. Oh. Ich fürchte, das kannst du nicht rausfinden, leider. Ich wüsste nicht, wie du das rausfindest, abgesehen von Brute Forcen, aka in jedem Account einloggen und nachschauen. Ich fürchte, da bleibt dir nichts anderes übrig. Leider, leider, leider. Das merkt man immer so heftig, wenn der Crit-Rate-Buff weg ist. Kein Crit mehr und auch der ganze Schaden ist weg. Keine Crits und damit auch der gesamte Damage. They know me for my crit damage.
Hab gerade ganzes Level von 15 auf 16 gelevelt, ohne zu realisieren, dass meine Stats sich resettet haben. Oh, das ist ein Klassiker. Das passiert echt vielen Leuten. Immer mal wieder. Das ist ein Klassiker. Muss ja nicht mal peinlich sein. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich Master bin. Ich habe schon mal, glaube ich, 10 Master-Level am Stück gemacht, ohne zu checken, dass ich nicht gestattet habe. Wenn du so an den Low Damage gewöhnt bist, dass du dich gar nicht mehr darüber wunderst. Feels bad, man. Du bist eins mit dem Low Damage. Du und der Low Damage, ihr seid eins. Sei wie der Low Damage. Denke wie der Low Damage. Mache Low Damage. Mir ist das erst auf 62 aufgefallen, dachte, Psy ist einfach kacke. Hey. Er ist auch kacke. Kappa. Kappa Klaus Nikolaus. So, diese Party neigt sich dem Ende, skilltechnisch. Also, Stund haben wir noch. Stund bis 2 haben wir noch. Ja, ich habe tatsächlich relativ wenig gelevelt, ne? Pause gemacht. Oh! 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 Boom, Chakalaka. Dem Moll plus 7, Baby. Dem Moll to the motherfucking 7, Motherfucker. Dritter der Moll plus 7 gedroppt. Verkaufe der Moll plus 7. Dritter der Moll plus 7, Baby. Ka-ching, Motherfucker. Easy money. Dreckiger Lacker. Kannst du ihn für 30 Mio haben, Bro? Ne, Spaß. Keine Ahnung, was er wert ist. Kurz gedacht und nippest ab, weil ich nicht auf den Bildschirm geschaut habe. Freundlich wie eh und je, Herr Knack. Freundlich wie eh und je. So. Hey, nix wie weg. Ich habe jetzt den Casher-Bonus, Sir. Du redest hier jetzt mit einem Casher. Oder zumindest nutze ich den Bonus Cash Move. A.k.a. FEC Flask. Adventurer Flask. So. Wie groß ist der Levelunterschied zwischen deinem Jester und der M? 11 Level. 104 und 93 bin ich. 11 Level. Ich meine, mein Jester hat permanent 50% mehr XP. Das ist also unmöglich für den M auch nur ansatzweise mitzuhalten. Also ich war 4 oder 5 Level maximal auseinander. Ich war 4 oder 5 Level erst auseinander. Lange. Als die beide noch Penya Flask hatten. Aber seit ich die Adventurer Flask habe auf dem Jester, ist es... Ja. Seitdem levelt der im Arsch langsam im Vergleich. Das ist so ein heftiger Unterschied. Der hat keine Chance mitzuhalten. Aber ist mir auch egal. Also, seitdem er alle Buffs maxed hat, oder sagen wir, seitdem er GT maxed hat, ist mir das eigentlich nicht mehr so wichtig. Also er soll schon noch dabei bleiben. Also nicht ganz wegbrechen. Aber es geht ja gar nicht. Also, wenn, dann müsste ich ihm auch die FEC-Flask geben. Und den Teufel werde ich tun, einem Ringmaster die rote Flasche zu geben. Der kann mich mal. Vorher quitte ich. Bevor mein Ringmaster die FEC-Flask kriegt, quitte ich lieber. So. Da quittiere ich eher den Dienst, bevor das passiert. Was gab Gespenst? Hab einen 12er und einen 7er, braucht keinen, Sir. Hater. SDR bringt Ranger nicht viel, oder? Minimal 10 Damage. Minimalen ATK-Unterschied. Also ich würde sagen, Beefer bringt mehr als Accuracy bei einem Ranger, actually.
Aber beides bringt so gut wie gar nichts. Also sag mal so, Accuracy bringt dir wahrscheinlich literally fast nichts und Beef Up bringt dir einen 0,01% Damage Boost. I guess. Jemand eine Bilperon Suit F geschenkt, verkauft sich nicht. Sowas landet bei mir direkt im NPC. NPC Nation. Hm, 109 Monstern gibt es nochmal 3% mehr Damage. So, ins Genlager direkt NPC. Also Genlager braucht ihr eigentlich gar nichts reintun. Ich weiß nicht, wer da immer was reintut. Also ich will das nicht und ich meine, gut, vielleicht will es jemand, aber keine Ahnung, fragt einfach direkt im Chat, im Gen-Chat am besten, falls jemand will. Sonst liegt das Zeug da drin ja auch nur und schimmelt vor sich hin. Dann gibst du einfach dem NPC, wenn du niemanden findest. Wenn du niemanden findest, der es geschenkt haben will, dann ist es wahrscheinlich einfach Müll. Sag ich mal. Dann ist es vermutlich einfach Müll. Wenn es nicht mal geschenkt los wirst, dann muss das wirklich Giga-Trash sein. Was zu Bilperon sehr gut passt, Giga-Trash. Das passt zu dem Set wie die Faust aufs Auge. Oh, stirb! Welche Mercenary-Sets werden so gespielt bis 60, wenn ich AOE Knight spielen will? NPC-Set-Teile bis 45er-Set. Comet. Eigentlich nur Comet. Tangrill würde man theoretisch zum AOEen oder für Skills benutzen. Theoretisch, aber praktisch kriegst du es halt nicht einfach so und man braucht es halt nicht wirklich. Also wenn man es hat, ist es okay, aber man braucht es halt nicht wirklich. Also eigentlich nur Comet. Achso, und Rescon auf 60 ist halt für AOE Knight, das Einstiegs-AOE-Set, wenn man keinen Shamudra hat. Oder vielleicht für Giants ist es auch nicht schlecht. Aber sonst... Also eigentlich nur Comet. Comet. Und auch nur für 1v1 natürlich. Also es ist ein 1v1-Set. Ach, chillig. Leider nur ein 1v1-Set. Tja, dann muss ich mal kurz Inventar lernen hier verknüpfen mit diesem unglücklichen Tod. So. Lauf.
F-Coin zu finden ist so schwer, keiner will welche verkaufen. Tja. Full Shout, my man. Oder Server Shout, besser gesagt. Server Shout und in der Stadt rumlaufen. Und leicht Overpayen hilft auch meistens. Was auch meistens hilft, ist leicht Overpayen. Also, es schauten ja immer viele Leute so Reseller-Preise. Also zum Beispiel, nur das Beispiel, F-Coin-Kurs ist eigentlich 80 Mio. Und dann schauten halt immer welche mit Server-Shout 75. Und naja, ich meine, wenn Leute mit Server-Shout schon 75 zahlen, dann wirst du keine für 75 finden, wenn du einfach nur rumläufst und halt, ja, keine Ahnung. Also das wird nicht funktionieren. Einer will 110er Kurs. Was? The fuck? Naja, auf jeden Fall danke für den Resub. Saber Piu. Piu, 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 piu. Dankeschön. Und, yeah. Es ist ein Unterschied zwischen, verdammt. Es gibt einen Unterschied zwischen 100 im Mio Penya Haus und einem Haus-Template aus dem Premium-Shop. Die Haus-Templates für 100 Mio, die du kaufen kannst in-game, das sind alles S. Und im Shop kannst du nur mindestens, ich glaube, Medium kaufen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall die in-game, die für Penya sind viel kleiner. Also die für 100 Mio zumindest. Gibt auch noch größere. Und die im Cash-Shop sind alle mindestens M oder so. Oder M oder L oder XL. Keine Ahnung. Also letztendlich die Größe müsste anders sein. Und die Größe müsste anders sein. Und die damit verbundene maximale Aufstellung von Möbeln. Das Einzige, was die Größe deines Hauses beeinflusst, ist die Menge der Möbel und Sachen, die du reinstellen kannst. Aber da kein Schwein Möbel in sein Haus stellt, sondern man nutzt das Haus ja eigentlich nur für NPCs und so, juckt es halt niemanden. Also man nimmt immer das Kleinste und Günstigste eigentlich. Alles andere wäre Wahnsinn. Zumindest 90 bis 100 ist leider schon sehr realistisch. What? Oh man. Ich hätte echt keine Pause machen dürfen. Warum musste ich was essen? Dummer Idiot. Bruh. Wie können eigentlich Cash-Preise steigen, wenn der Server mal wieder eine halbe Stunde lahmgelegt war? Müsste das nicht alles eine halbe Stunde verzögern? So eine Kacke. Das heißt, das Geld, das ich farmen muss, ist einfach gestiegen. Das bestärkt mich in der Ansicht. Sterben IRL wäre schlauer gewesen als eine Pause. Echt so. Das bestärkt mich in der Ansicht, keine Pink Scroll zu kaufen, sondern nur eine Red Scroll. Das macht das Ganze noch vernünftiger. Die Sportlers Erfahrungstruhe. Woo. Die Waffen, die du nicht brauchst, gehen gut für 1,1 Mio weg über Zeit. Wermutstropfen. Ja, hallo, noch nicht jeder farmt. Hallo, flex doch mal nicht so. Hallo. 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 Sir. Hallo. Noch nicht jeder farmt Bloody wie du.
Mister, ich bin 198 mit 8100 mehr an F-Coin. War auf Sie bezogen, Sir. Aber ich farm noch keine... Ich bin noch nicht so weit. Die Waffen, die ich drop, sind wertlos, Sir. Good Times, wo es noch 50 Mio wert war. Alter, wisst ihr noch damals vor 30 Stunden, als F-Coins noch 50 Mio wert waren? Wisst ihr noch damals? Mann, hatten wir es gut. Mann, waren das schöne Zeiten. Wisst ihr noch damals vor 30 Stunden? Als alles nur halb so viel gekostet hat? Crazy. Mann, war das toll. Take me back. Das ist echt schlimm beim Serverstart, dass permanent alles teurer wird. Als ob es gestern gewesen wäre. Wirklich. Fühlt sich wirklich so an. Das ist so ätzend, ey. Das ist die ganze Zeit so ein Kampf gegen die Zeit einfach nur. 1,2 Mio für S-Pro Low. S-Pro Low ist geistesgestört, ja. Ich habe noch kein einziges benutzt, weil ich zu geizig bin. Vorhin zum Glück selber meins gedroppt, aber es wird safe verkauft. Bow mit Flame Arrow plus 15 gedroppt. Oh, sexy. Sexy man. Haben wir eigentlich eine Phase, wo die Preise stabil sind? Ja, aber die erreichen wir erst so bei 200 Millionen. Die erreichen wir erst, wenn der Cash-Up-Preis sich nochmal mehr als verdoppelt hat. Ja, geil. Bis dahin ist es ein stetiger Kampf gegen die Zeit. Das dauert noch ein bisschen. Leider. Lieber Flaming Bow anstatt NPC-Bogen für CW. Verstehe ich jetzt irgendwie die Frage nicht. Was meinst du? Also ist sie offensichtlich Flaming Bow? Oder wie oder what? Also was mehr Schaden macht? Ich habe jetzt 21k Materials. Jesus. Key Rich. Lohnt es sich eigentlich, Elementkarten zu verkaufen oder nicht? Weiß ich nicht. Sind halt ultra unselten. Also wenn man sie wirklich braucht, hebt man sie einfach ein bisschen selber auf. Also so muss ich zumindest. Und es kostet sehr viel Inventarplatz. Leider. Ja, kann man so machen, Danny. Kann man machen. Wie war der Coupon nochmal? The coupon is in the chat. Coupon Nation. Dachte vielleicht wegen ATK wäre das NPC-Bogen besser. Glaube nicht. Crit Damage ist wichtiger. Denke ich. Ich habe keine Buffs mehr, Leute. Fuck my life. Hä? Ah, meine M hatte noch 2 Minuten. What the fuck?
Merkwürdig. Biomass, danke für den Follow. Appreciate it. Gibt es schon 2 Coupons? Ja, aber 9 Coupons. Also die anderen beiden Coupons, einer ist ja schon wieder abgelaufen. Der zweite, das ist jetzt der dritte. Und der allererste Coupon, den haben wir ja so oft reingespammt. Also wenn jemand nach Coupon fragt, gehe ich schon davon aus, dass er den 5 Tage alten mittlerweile schon eingelöst hat. Sir. Sir, sogar Sir. Sind Carrier Bomb nicht gut zum Leveln oder wieso ist dort keiner? Doch. Ein Grund wird sein, also Small Carrier Bomb ist der beliebteste Carrier Bomb Spot. Captain ist nicht so beliebt, weil viele denken, das Fooden ist so schlimm. Aber Captain Carrier Bomb geben dafür mehr XP, also ist es gar nicht so schlecht. Also es ist halt kein großes Problem, sag ich mal. Aber die machen Fernkampfangriffe. Also normale Carrier Bombs machen Fernkampfangriffe und die Captains machen so eine Mischung irgendwie. Also es gibt so ein paar Monster, die sind irgendwie, also eigentlich sind sie Nahkampf, aber wenn du wegläufst, schießen sie dir trotzdem hinterher. Und Captain Carrier Bombs sind solche Arschlöcher. Also es gibt Monster, die sind, wenn du gegen sie kämpfst, eigentlich Nahkampf, aber wenn du wegläufst, piu piu, piu piu, schießen sie trotzdem auf dich. Das ist ein bisschen, keine Ahnung, check ich auch nicht. Aber es ist so. Also Hit and Run bei Captain Carrier Bomb, keine gute Idee, zum Beispiel. Aber ja, keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht. Ich finde Carrier Bombs nice. Ich war da tatsächlich relativ lange. Ich finde das Niceste an Captain Carrier Bomb ist tatsächlich, es ist direkt neben der Stadt. Du kannst literally in die Stadt gucken und dann einfach schnell rüberrennen, Inventar leeren und bist instant wieder... Also das ist richtig geil. Finde ich. Das war schon cool. Inventar voll, zack, geleert und warst keine 30 Sekunden später wieder zurück, ohne dass du irgendwie was machen musstest. Ohne Blinkwing, Teleport oder sonst irgend so ein Käse. Also jetzt zwar nicht so ultra heftig, aber schon cool. Aber was auch noch dazu kommt, ist halt einfach, das ist halt noch Low-Level, also No Front, aber die Leute sind halt also auf dem Level bist du ja nicht lange bei den gleichen Monstern. Und es gibt da auch noch relativ viel Quest-Items zusammen, Carrier Bomb, Boo, Hopper und so. Für die Quest-Verwaltungsquests, die auch nochmal Bonus-XP geben. Da levelt man ja maximal 2 Level vielleicht und dann ist man eh schon wieder weg. Macht es Sinn, als Blade One-Hand, 1AGX, 1AG Sword? Yes. Das wurde heute bestimmt schon 10-mal gefragt. Klar. Wenn er, vor allem, wenn es deutlich günstiger ist. Vor allem, wenn es deutlich günstiger ist, dann lohnt es sich doppelt. Also Doppel-Sword würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber Axe-Sword auf jeden Fall. Gab sogar einige, die immer der Meinung waren, dass Axe-Sword sogar deutlich besser ist, aber das ist schon 3 Jahre her. Bin mir bis heute nicht sicher, wer recht hatte. Aber beim Release meinten sogar welche, dass es besser ist. Mit Axe-Sword. Aber das waren andere Zeiten. Da waren die Leute noch ein bisschen crazy drauf. Ich habe noch 6 Minuten, ich bin bei 86%. Ui, Baby. By the way, habe ich meine Astrid-Gowns auch nicht verkauft. Aber doch einmal. Die gestatteten. Die gestatteten wurden gekauft. Die ungestatteten natürlich nicht. Ich level wirklich, bis ich dasselbe Level habe wie die Monster, gegen die ich kämpfe. Danach erst zum nächsten kommen, etc. Zu wenig Def, geht nicht anders. Tu, wie du es für richtig hältst. Ich fand das auch schrecklich. Mir ging das mit dem Cruiser-Set, das ist fast das gleiche. Es ist vielleicht noch minimal besser, aber es ist fast das gleiche. Mir ging das auch also dermaßen auf den Sack. Das war echt nicht mehr
Lustig. Kurze Frage, wenn ich das RM AOE-Level, ist das Element auf der Waffe wichtig? Nein, RM und Psykeeper sind die einzigen beiden Klassen, wo das Element auf der Waffe literally keine Rolle spielt. Das heißt, ihr könnt jeden Psy und Psy und RM, Elemente auch, könnt ihr immer auslachen, könnt ihr mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, haha, haha, hast dein Geld verschwendet, haha. Vor allem jetzt, wenn jetzt ein Ringmaster mit Element plus 10 rumläuft. Sheesh. Erstmal ein paar tausend F-Coin einfach weggeschmissen. Die lachen eher über eure Armut. Tja, das mag sein. Ja und? Mein Humor können sie mir nicht nehmen, diese reichen Säcke. Flex? Ja, das ist auch Flex. Mehr ist es nämlich nicht. Es gibt keinen Nutzen dafür. Nur Flex. I am Breaks. Was geht ab? Könntest du Ingame Sound vielleicht etwas lauter stellen? Mein Wunsch ist euer Befehl, Sir. Nein, was? Danke für den Follow. Wieso ist die Vorhersage noch offen? Die RM-Tode. Die muss ich löschen, tatsächlich. Ich glaub, bei der Wette hat es dann so krass gelaggt, dass wir es abgebrochen haben. Weil ich hab's literally nicht mehr zum Ding Scam. Ja, nee, da hat es so krass gelaggt, dass ich nicht mal mehr zum Spot zurückgeschafft habe. Da war ich am Leveln, hab dann Inventar geleert und dann hat es gelaggt und ich hab's nicht mehr zurück zum Spot geschafft. Also hatte der natürlich keine Tode mehr, aber das hat halt nicht gezählt, weil ich habe ja auch nicht mehr wirklich gelevelt. Hatte ich vergessen zu löschen. Verkauft jemand einen Drehdras-Sword? Ich vielleicht später. Hoffentlich ich. Yes, verdammt. Die klauen unsere Jobs. Kurze Frage, ich bin Anfänger, was lohnt sich im Shop am meisten? Hab gerade F-Coins geholt. Die FEC-Flask lohnt sich sehr. Außer du spielst extrem wenig. Also sagen wir, du spielst unter 2 Stunden pro Tag, dann lohnt sie sich wahrscheinlich sogar nicht. Dafür ist sie dann fast ein bisschen zu teuer. Wobei es letztendlich deine Entscheidung ist, aber heißt nicht. Oder man spielt nicht mal jeden Tag, also dann... Aber grundsätzlich, die Adventurers Flask heißt die. Abenteuer-Glückselixier heißt es auf Deutsch. Die würde sich lohnen. Dann so Limited Package 500 oder Beginners Pass oder Beginners Package ist geil. Da gibt es ein CS-Pad begrenzt und man braucht auf dem FEC kein permanentes. Das bereut man dann irgendwann vielleicht sogar, weil es gebunden wird. Das sind so gute Einsteiger-Packages, die kann man auch alle nur einmal kaufen. Die sind bei begrenztem Angebot drinnen und ja, dann, gut, dann kommt es halt drauf an, wie viele F-Coins du überhaupt hast. Wie viel da noch übrig ist, so basically. Aber das wären so ein paar Sachen, die sich immer lohnen eigentlich. Immer erst F-Coins aufladen und dann erst überlegen, was man holt. Klassiker. Wechsle ich aufs 105er Set? Natürlich, ich hab's aber noch nicht. Ich suche, nochmal letzter verzweifelter Aufruf, ich suche Nation Set, weiblich 105 Jester, STR gestattet. Hat da jemand was? Wie auto-heal ich mit meinem RM? Ich auto-heale nicht, Sir, ich drücke jedes Mal manuell Heal. Wenn Sie mir das nicht glauben, bitteschön, hier. Zack. Das geht so blitzschnell, ich bin wie eine Kobra. Ich bin wie eine Kobra, die in ein
Vogelnest schlüpft und die Eier rauspiekst. Zieh dir das rein. Nur für den Bruchteil einer Sekunde siehst du mich. So flink bin ich. So fick bin ich. Okay. Fick as fuck. Auf jeden Fall, ja. Sir. Pro-Styler. Ich mach das manuell, Sir. Bei jedem Monster einmal hierhin. Das ist das vielleicht noch nie gesehen. Ja, warum soll ich das auch zeigen? Das wäre arschnervig, wenn da die ganze Zeit das Fenster aufploppt und wieder zugeht. Warum soll ich das auch zeigen? Das nervt ja sogar mich. Also es würde sogar mich nerven, wenn ich es sehen müsste. Also wenn ich zuschauen würde und das sehen würde, würde mich das, glaube ich, einfach nur nerven. Warum ist der Screen so gecuttet oben? Weil das gerade Monitoraufnahme war, Sir. Also ich kann es auch so zeigen. Aber dann ist es halt die ganze Zeit da. Jetzt ist es nicht gecuttet. Jetzt ist Fenster in Fenster. Aber dann sieht man halt den Jester nicht mehr. Ich habe es dir so gezeigt, wie es ich quasi sehe. Jetzt siehst du es nicht, wie ich sehe. Jetzt siehst du es einfach die ganze Zeit. Jetzt seht ihr die ganze Zeit diesen Gambling Am. Ich habe mir gestern einen neuen Porsche gekauft und habe aber gar keinen Platz mehr in der Garage. Ich habe schon 5. Yeah. 5 Porsche in der Garage und spielt Flife Universe auf einem Monitor. Wie so ein Mindestlöhner. Läuft bei mir. Nur ein Monitor. Ja, auf dem zweiten ist der Chat und so. Der ist für den Stream reserviert, der zweite Monitor. Gezockt wird nur auf einem. Hier wird nur auf einem Monitor gespielt. Oldschool. Oldschool, baby. Du brauchst einen dritten? Nö, ich will keinen dritten. Dann wäre der da oben oder da drüben. Da verrenke ich mir nur den Hals. 2 ist genau richtig. Sheesh. Endlich wieder in Lightning 4. Hat er gestern leider alle meine weggetradet. Jetzt kann ich bei meinem Man wieder einen Petfilter richtig machen. Jeder reiche Livestream hat mindestens 4 Monitore. Aber wofür? Tatsächlich, Wratzlowskis Setup sieht crazy aus. Also ist zwar kein Livestreamer, soweit ich weiß, aber er hatte ein Bild im Discord. Das war crazy. 2 Mäuse, 2 Tastaturen und irgendwie 4 Monitore. Er hat Flife einfach durchgespielt. Endgegner. Das war ein wildes Setup. Dürfte ich ja fragen, wie genau das mit dem Ulti-Schmuck funktioniert und welchen Sie für AOE Tank Knights empfehlen? AOE Tank Knight Schmuck ist schwierig. AOE Tank Knight? Das ergibt aber eigentlich keinen Sinn. Also entweder du bist Tank oder AOE. Beides geht eigentlich nicht. Weil das ein Widerspruch in sich ist. Fast. Wieso eigentlich kein Level im DT? Deutsche Telekom? Was ist DT? Oh, Moment, falsches Spiel. Ich wollte gerade sagen, was willst du von mir? Ist Metin, Tower. Den Tower gibt's hier nicht. Also nicht als frei zugängliches Levelgebiet. Der Tower ist hier nur für Tower-Dailies.
Der Tower ist hier nur für Tower-Dailies. Da geht man nur einmal am Tag rein und macht eigentlich nur seine Quests. Und Giants. Da geht man nicht zum Leveln hin. Also es gäbe theoretisch Tower-Tickets. Aber es hat gestern keiner in den Secret Room gewonnen, deswegen gibt es keine Tower-Tickets. Die gibt es dann erst nächste Woche. Und wäre viel zu teuer. Die verlangen dann Schweinegeld dafür. Man wird nach der Quest rausgeschmissen, yes. Also du könntest im Tower ein bisschen leveln. Man könnte es rauszögern quasi. Aber du tötest quasi 100 Monster, dann spawnt ein Giant, dann hast du nur noch 5 Minuten Zeit, dann könntest du natürlich noch ein bisschen weiter leveln. Bis zur letzten Minute sozusagen, dann könntest du schnell einen Giant töten. Dann hast du nochmal Zeit, 100 Monster zu töten, bis der nächste Giant spawnt. Dann könntest du es wieder bis zur letzten Minute rauszögern. Dann erst den Giant töten. Und dann hast du nochmal 5 Minuten. Also ich sag mal, effektiv kannst du vielleicht im Tower 600 Monster töten, wenn es hochkommt. Danach wirst du allerspätestens rausgeschmissen. Exactly. Ich habe noch einen Arek plus 7 gerade gedroppt, by the way. Jetzt läuft's. Endlich. Was mache ich mit den Chroma Pickaxes im Inventar? Wo beginnt die Quest? Ab Level 61. Saint Morning. Levi links neben der Kirche. Mining Class musst du nur annehmen. Kann man höher als 7 droppen? Nope. 7 ist Max. 4 A-Pros für den Arek. Ist das nicht ein bisschen viel? Ich glaube, der ist maximal 2 wert, oder? 4 A-Pros für den Arek plus 7 ist safe viel zu viel. Scam-Styler wieder am Werk? Sag halt, was er wert ist. Wenn du was zu sagen hast, dann sag es. Sir. Wenn du was zu sagen hast, dann sag es. Sir. Was gab? Mann mit Sandalen? Eben Arek plus für 5 Mio gesehen, Darkon plus 7. Oh. Dann ein A-Product. Dann ein A-Product, so soll es sein. Chat hat gesprochen. Brauchst du einen Demol plus 7 auch? Brauchen Sie auch einen Demol plus 7? Das mit Product zuschicken? Yes. Duke. Danke für den Follow. Ist die XP im Tower dann wenigstens besser oder kaum relevant? Ehrlich gesagt ist sie sogar schlechter, bin ich mir ziemlich sicher. Bin mir ziemlich sicher, dass die XP im Tower sogar ziemlich madig ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht gut ist. Zwei Leute verkaufen AG, Jojo. Oh, der ist 105, der will safe viel dafür. Er dachte, ich mache was anderes, glaube ich. Ich wollte schon sagen, warte mal. Warte mal. Hold up. Ich dachte, du schreibst wegen AG-Stick. Ah, okay.
Von Clean AGO ist für 19 gesehen. Ja, ich habe gestern gesagt, ich will unter 20 zahlen. Dann passt das ja, aber ich hätte... Günstiger geht immer, ne? Günstiger geht immer, würde ich sagen. Günstiger geht immer. Astria Channel 1. Jo, da komme ich nicht hin, ich habe keinen Blinkwing. Da kann ich nicht hingehen. Bruh. Da kann ich nicht hin. Town Blinkwings habe ich gerade keine. Nein, perfekt. Überhaupt keine Town Blinkwings leider. Die sind mir zu teuer. Die sind mir zu teuer. Bin ich zu geizig für. Okay. Der Inventarslot ist expensive. Nee. Alter, Town Blinkwings kosten 5k each. Ne? Und alle anderen Blinkwings kosten maximal 1500. Das heißt, jedes Blinkwing kostet mich das 3 bis 10-fache, wenn ich nur Town Blinkwings benutzen würde. Weißt du, was da in einem Leben zusammenkommt? Jetzt rechne das mal für dein gesamtes Leben aus. So 60 Jahre Blinkwings. Das sind Trillionen. Das sind Quintilliarden, Sir. Das ist geisteskrank. Sir. Jedes Blinking blockiert dein Inventarspot, damit du jedes Mal beim Entleeren weniger Penya bekommst. Ja, aber ich habe ja nur die ich auch wirklich brauche. Dafür bin ich instant in Darkon 3 und so weiter. Ihr seid doch nur dreckige Hater. Ich will gar nicht wissen, was ihr so in euren Inventories habt. Wollen wir mal Inventory Watch machen hier? Ihr dreckigen Hater. Da werden wir bestimmt das ein oder andere dreckige Item finden, was da sinnlos Platz verschwendet. 500 A-Pros. Bruh. Schon wieder diese abgehobenen reichen Leute hier im Chat. Die nur mit feinsten Kaschmir-Pullovern zum Grinden gehen. Wie im Portemonnaie, no Moneten. Nee. Jeder macht mal Fehler, Sir. Ich mache es noch schnell irgendwie voll. Und dann muss ich mich wohl um dieses 105er-Equipment kümmern. Also hat noch jemand Nation-Set-Teile mit STR gestattet. Nation. Oh, Motten, nicht Moneten. Oh, achso. Ja, jetzt wie zum Teufel habe ich Moneten gelesen. Kann dir eine Cheer Nation anbieten. Cheer Nation? Ich rede ausnahmsweise mal nicht von der Cheer Nation, aber ja, vergesst nicht eure Cheer Nation, Baby. Vergesst nicht eure Cheer Nation, Baby. Cheer Nation, everybody. Oh, oh.
Ah. Good old Batteriesäure. Wie lange habe ich mein Haus nicht mehr verlassen? Seit Mittwoch. Wieso? Ich sag ja, für manche Leute war die Corona-Pandemie ein einschneidendes, nachhaltig schädigendes Erlebnis. Für mich war es eine Woche wie jede andere. Für mich war es eine Woche, oder waren es 2, wie jede andere. Ain't gonna lie. Bruh. Seit Mittwoch 2024. Stimmt, ich habe nicht gesagt, welcher Mittwoch. Na gut, Inventar voll könnte tatsächlich noch ein bisschen dauern, aber ich brauche auch echt noch ein bisschen Kohle. Ah, diese scheiß F-Coins wieder gestiegen sind, ey. Verdammt, wieso konnte der Dämon nicht auch plus 7 sein? Ich brauche mehr Dämons plus 7. Je teurer die F-Coins werden, desto mehr Dämons plus 7 brauche ich. Jetzt wirkst du aber greedy. Ach so, ich wirke greedy, aber der Typ, der mit 500 FA-Product im Inventar rumläuft. Alles klar, Sir. I am not sure about that, Sir. Das war ein Scherz ab nur 90. Ach so. Aber bekommt meine Amber Level 80 auf einmal so wenig XP? Weiß nicht, welche Monster wie viel höher als... Also, eigentlich kannst du es immer daran erkennen, oder was heißt erkennen, aber... Ein Leecher kriegt nur dann wirklich viel XP, wenn die Monster, die du tötest, wesentlich höher sind als er. Wenn deine beiden Chars fast auf dem gleichen Level sind, dann kriegt dein Leecher basically die gleiche XP wie dein Leveler. Oder halt ähnlich schlecht auf jeden Fall. Vergleichbar. Also, ja. Captain Luia, 12 Level höher also. Ja. Also wenn du immer hier ist, sollte es eigentlich passen von der XP her. So ähnlich wie bei mir gerade. Ich töte 105 bis 107 und meiner ist 93, also... Weiß nicht. Das ist dann einfach die normale XP. Oder Penya Flask ist abgelaufen. Oh mein Gott, Penya Flask ist abgelaufen. Penya Flask. Oh, das ist nicht geheilt, ne? Meint, okay. Noch ein Zeichen für schlechte XP beim RM. Penya Flask ist vielleicht abgelaufen. Checkt immer mal wieder eure Penya Flask, wenn euch irgendwas Spanisch vorkommt. Auch immer mal die Penya Flask und so. Aber ja, ihr müsst healen. Also für Ringmaster XP muss man healen. Immer healen. Oder nicht immer, aber immer mal wieder. Was macht die Penya Flask? Unter anderem 50% Erfahrung. Das ist eigentlich der Main-Effekt. Vor allem bei einem Leecher. Auch mal Shoutout für Puma, please. Der wollte meinen Drehdra. Puma, du wolltest Froze Drehdra kaufen? Sir? What's happening? My boy Fro wartet noch auf eine Antwort, Sir. In welchem Abstand muss man hier hin? Also idealerweise bei jedem Monster einmal.
Nur so kannst du eigentlich garantieren, dass du immer die Max XP bekommst. Enya Flasses Abenteuer-Glückselixier. Ja. Genau. Abenteuer-Glückselixier, 1 Stunde, 3 Stunden oder 6 Stunden. Ich persönlich bin eher 1-Stunden-Fan. Lieber vergisst man es mal für kurze Zeit, als dass es 6 Stunden ins Leere läuft. Muss ich persönlich sagen. Zumindest jetzt noch, wo halt das schon viel Geld ist noch. Also so 500.000 Penny oder so ist halt schon nicht wenig Geld. Ja. Aber langfristig kann man sich dann irgendwann auch einfach die 6-Stunden-Version gönnen und dann aktiviert man es einmal am Tag gefühlt oder zweimal am Tag. Dazed Suit für 8 Mio gut. Kaufen ja. Verkaufen nicht. Oder? Weil die gestern noch 30 wert? What happened? War die nicht gestern 30 wert? Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hast du das Ding gekauft? Boah, 8 Mio klingt gut. Ich habe für meine Jester Suit auch 5 gezahlt. Und das ist Jester. Da hätte ich eigentlich 5 Mio kriegen müssen. Der hätte sagen müssen, mein Beileid, dass du Jester spielst. Hier hast du die 90er Suit und 5 Mio. Und noch eine Ampli und eine Upcut Stone. Und jetzt verpiss dich, du Loser. So hätte das eigentlich ablaufen müssen. Also, das hätte er zu mir gesagt dann quasi. So hätte das eigentlich ablaufen müssen. Scam. Bin ich eigentlich gestattet? Yes. Und das heißt, ich muss dann auch Element wieder changen. Trägt man Schupon Set als RM ab 90? Ja. Theoretisch. Wenn du es zusammenbekommst. Ich habe nur ein einziges Schupon-Teil bisher gedroppt. Hauptsache, ich drop 5-mal männliche Ranger-Gowns, was ja eigentlich auch schon ziemlich unwahrscheinlich ist. Erstens, weil es Gowns sind und zweitens 5-mal das gleiche. Aber Hauptsache, ich drop kein einziges Ringmaster-Set, also den Helm. Aber ich habe 2 Teile Pax wenigstens gedroppt. Also ich habe jetzt 10 Cast und ja, Schupon Suit bräuchte ich theoretisch. Denn ich 10 Cast, 10 Int. Aber naja, das wäre ziemlich wasted. Auf Coral Ant hast du anfangs auch nur Nightset-Teile gedroppt. Ja, das ist manchmal ist einfach der Wurm drin. Wie viel ist ein Dexion plus 1 wert? Gibt Nation Gowns clean für 2 Mio und Darkon. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ehrlich gesagt. Ist das gut? Hört sich jetzt nicht so gut an, ehrlich gesagt. Klingt ziemlich teuer, ehrlich gesagt, sogar fast. Nicht wenige würden die gleich beim NPC verkaufen. Kann man im Shop-Search eigentlich auch Preise sehen? Nope.
Gibt es eine andere Möglichkeit, es mit dem RM immer so hierhin zu drücken? Das nervt auf Dauer. Eigentlich nicht, ne. Keine legale. Na, also da muss ich sagen, also ich sag dazu nichts. Ich drück manuell Heal. Das ist ätzend, aber es ist so. Leider ja. Ach, ich meine, es gibt eine andere Möglichkeit. Du kannst Party auf Level stellen, ne? Party auf Level stellen. Falls du deinem Helm davon levelst. Sterben und einmal resten. Das ist aber Bug Abuse. Sir. Technisch gesehen auch nicht erlaubt. Das ist genauso wenig erlaubt wie etwas anderes. Wenn du rein laut Spielregel gehst. Wenn dir das aus Versehen passiert, wie lange hält das? Weiß ich nicht, ist ja ein Bug. Eigentlich soll es ja überhaupt nicht funktionieren. Das weiß ich nicht. Es gab Prototype. So, die Inventories füllen sich langsam, aber sicher. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt einfach in die City, das dauert mir zu lange. Das dauert mir jetzt zu lang hier, Mensch. Ah, wobei, warte, lass noch Garuda töten, oder? Hat der andere auch schon die Quest? Bevor ich schon wieder vergesse. Ah, nee, mein Helm hat die Quest noch nicht angenommen. Ne, aber ich glaube, der hat die Quest noch gar nicht. Was ist Garuda? 98, ne, meint er die Quest noch gar nicht. Alter, ich höre immer zu den dümmsten Zeitpunkten auf zu leveln. Meine M hat einfach 99, 59. Ah, ich gebe jetzt eine Quest mit ihm ab. Aber es ist trotzdem, es ist jedes Mal, ich schaue nie auf seine XP, dann bin ich in der City und dann immer so 99, 98, 99. Fucking hell, man. So. Gut. Dann. Dann für den Arek plus 7, genau. Passt. Arek plus 7. Ach, du bist Gottkönig, lol. Plata o Plomo. Oh fuck, ich kann doch kein Italienisch, Mann. Jetzt mich doch nicht an, weil ich kein Italienisch kann.
Legendary Golden Jojo. Silber oder Blei? Wie gesagt, ätzt mich doch nicht an, weil ich kein Italienisch kann, Bro. Gate oder ich scheiße? Schieße. Oh. Das ergibt irgendwie schon mehr Sinn. Svenja ist Raiding. Let's go. Was gab? Raiders. Flive Raiders. Warte, was? Dann brauche ich noch... Ne, was brauche ich? Blitz. Muffrin sind Wasser. Yes. Blitz. Das ist der aktuelle Marktpreis für Erons, 5k each. Ich glaube, alle Materials bewegen sich zwischen 4.000 und 5.000, ja. Hier, nimm. Danke dir, AOH. Ich werde es mir schmecken lassen. Lecker, Schmecker, klein und rund. Schiebe ich mir die Bits in meinen Mund, Sir. Ja, jetzt ist was sehr Interessantes. Passt mal auf. Boom! Crit-Rate steigt auf 103. Sehr interessant, der Wechsel von His zu AG Jojo. 103 Crit Rate. Ich muss jetzt mein Equipment verändern wahrscheinlich. Aber ich brauche erstmal das Set. Ich muss mir jetzt erstmal dieses Nation-Gedöns kaufen. Hello, Svenja. Also ein Elle gemacht, welches Set und Waffe würdest du empfehlen bis 105? Naja, Waffe ist einfach, His Stuff. Und Set ist eigentlich auch einfach, Mioran. Wobei ich letztens darauf hingewiesen wurde, dass das 90er Set eigentlich auch ziemlich gut ist. Das 90er Elementor Set kann man ruhig auch tragen. Weißt du noch, wo du die gesehen hast? Seraphine, die Nation Gowns für 2 Mio. Kein Bock, jeden Shop durchzugucken. Es gibt zweimal auf Level... Oh, der hat 2 Stück. Ich lebe wieder in der Illusion, dass wenn er 2 Stück hat, dass er vielleicht günstig ist. Kann man auch so Low-Geeks bis 80 machen? Wenn ja, wie am besten? Mit Elementor? Ja. Kiten. Oh, hier sind sie, Leute. Tatsächlich, das ist direkt der erste Shop, den ich gesehen habe. Ja, wenn der erste sie direkt für 2 Mio hat, könnte es nicht sein, dass die anderen vielleicht sogar noch günstiger sind? Bis du alle Shops durch hast, wärst du halt normal schon Level up. Ja, das ist es halt, Mann. Das ist so fucking nervig, dass man die Preise nicht sieht. Das ist so scheiße, ey. Es hat safe noch jemand für unter 2, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, alle Shops durchzugucken. So eine Scheiße, wirklich. Das nervt so heftig. Das Feature haben die sich selbst so gedowngradet. Hat jemand einen Nation-Helm? 500k oder so? Günstigste, den du findest, okay. Wahrscheinlich erstmal nach der Suit, da findet man den Helm wahrscheinlich dann auch. Okay, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Nation Suit nicht selten ist. Allein 9 Stück nur in Shops. Scheint nicht sehr selten oder begehrt zu sein. Fangen wir mal auf Channel 7 an, die anderen sind alle auf Channel 1. Ja, ich verkaufe das jetzt, Jojo. Wo war der jetzt hier? Also hier ist eine Nation Suit für 8,88. 8,88 auf Channel 7.
komm, Tornado, dann mach mal 5 Mio. Dann muss ich nicht die anderen noch alle suchen. Mach mal 5 Mio. Wenn ich sie hier für 8 schon finde, mach mal 5. In der Hoffnung, dass sie niemand für weniger als 5 drin hat, mach mal einfach 5. In der Hoffnung, dass sie niemand günstiger verkauft. Hast du die Headphones gewonnen, Mozart? Wir haben noch nicht ausgelost. Ich glaube, wurden schon alle Tickets gekauft? Ich habe noch nicht nachgeschaut. Meines Wissens nach wurden noch nicht alle Tickets gekauft. Als ich das letzte Mal geschaut habe, waren noch nicht alle Tickets gekauft. Und der Stream oder Sabaton ist ja auch noch nicht vorbei. Oh Gott. Chinese Name. Chinese SYH. Oh, Junge. Ist das ein Kreuz auf Channel 1? Ich stehe direkt in ihm. Oh, ich stehe literally in ihm, lol. Damn, der hat den Helm für 2 Mio drin. Wie viel ist ein His-Jojo wert, Chat? Ein basically cleanes His-Jojo. Guckt nach dem Shopnamen. Das ist nicht sehr hilfreich, weil die alle das gleiche in den Shop schreiben. Der hat den Helm zweimal plus 2? Nee. Warum sind manche Menschen so? Warum sind manche Menschen so? Nicht nur, dass alles überteuert ist. Genau das, was ich will, tut er für 50 Mille rein. Will er mich eigentlich verarschen? Das macht er doch mit Absicht, oder? Sein Shop ist sowieso geistesgestört überteuert. Und dann... Ach. Ich werde noch wahnsinnig ey. Einfach 50 Mio für einen scheiß cleanen fucking Jester-Helm. Will er mich eigentlich verarschen, oder was? Was geht eigentlich ab mit manchen Leuten, Mann? Was stimmt denn mit denen nicht? Boah. Ich rast noch aus. Ich rost hier noch aus gleich. Ey, ich check's nicht. Achso, der ist nicht Channel 1. Der ist nicht Channel 1. Ah, okay. Channel 6. Oh, Junge. Was willst du fürs His-Jojo? Naja, es hat schon jemand vor dir gefragt, aber ich weiß nicht, was es wert ist. Einer hat 3 His-Jojo für 25 drin. Ja gut, okay, so viel ist es auf jeden Fall nicht wert. Na, das ist zu viel. Das ist auf jeden Fall zu viel, 25. Da wäre sogar ich weniger... nee, habe ich nicht. Ich habe nicht weniger gezahlt, aber... Frikadölle, bei dem war ich schon mal im Shop. Der hat auch so geistesgestört teure Preise gehabt. Als ich nach meinem Rasradzeug gesucht habe, hatte der auch sauteuer. Was? Ja. Jetzt bin ich schon Channel 1 RIP. Ich komme gleich. Na gut, die Boots sind plus 3. Das geht sogar. Plus 3er Boots für 2 Mio ist okay. Das passt tatsächlich. Wie viel kosten Plugs plus 6? Circa? Keine Ahnung. Warte, ich mache einfach Folgendes. Ich schreibe einfach da. Ich schaute einfach. Vielleicht offert mich ja jemand hier an.
Achso, Junge, es ist so geil. Zieht euch das rein. Alle so übelst krass am Schauten, alle so am Traden und dann einfach hier so random Parbuff Po schaut. Oh, Mist. Das ist so geil. Einfach mitten in den Shout-Gefechten, Bietergefechten einfach Parbuff Po! Parbuff Po! einfach mittendrin, einfach Parbuff Po. Im Caps Lock. Noch dazu im Caps Lock. Oh boy. Einfach der Comedy Gold. Was heißt das? Das heißt, buff mich bitte, basically. Bitte Buffs. Er bittet um Buffs. Ich frage einfach, was er zahlen will. Welche Sprache ist das? Tagalog müsste das sein. Tagalog-Filipino. Das ist tatsächlich die gleiche Sprache, by the way. Aber eins von beiden. Ich weiß nicht welches. Ich weiß nicht welches, aber eins von beiden. Hm. Gerade erst hat CW auf easy gemacht, insgesamt 100 Mio gemacht. Worth. Damn. Komm mal runter. Ich weiß nicht, 15 Mio für His-Jojo hört sich irgendwie zu teuer an, wenn du mich fragst. Da gehe ich lieber noch mal um 1 Mio runter, sonst heißt es wieder Scammer, Scammer. Lieber noch mal um 1 runtergehen, wenn ein Slime zu viel vorkommt. Sir. Dann opfere ich jetzt mal diese sauteuren Power Dice. Dann opfere ich jetzt mal meine arschteuren Power Dice und mache das Set mal +4 zumindest. So geizig für S-Project Low bin ich auf jeden Fall immer noch. Ach scheiße, ich sollte erst zocken. Fuck. Könnte ja kaputt gehen, ne? Theoretisch. Bitte nicht. Don't do it. Puh. Der Atem stockt kurz. Na gut, dann Equipment Switch ist erfolgreich vonstatten gegangen. Neues Set, neue Waffe. Zum ersten Mal Set nicht clean. Ich spiele seit Level 1. Ich habe von Level 1 bis 105 mit ohne Set +3 gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich ein Set über +0 habe. Auf Level 105, Baby. Man hat es literally nicht gemerkt, oder? Würdet ihr sagen, man hat gemerkt, dass ich kein Set hatte? Oder dass mein Set die ganze Zeit clean war? Nein, hat man nicht. Und woran hat es gelegen? Yo. War ein Set nicht +4? Nö. Zieh's dir rein, ich zeig's dir. Rasra Helm, clean. Rasra Suit, clean. Rasra Gowns, clean. Rasra Boots, clean. Alles komplett +0. Die ganze Zeit schon. Und mein 45er Set war auch komplett +0. Easy money, baby. Bringt ja auch fast gar nichts. Das bringt 5%. Na gut, 10% Genauigkeit und alle Statuswerte +2. Das ist useless. Den ganzen Scheiß kann ich jetzt immer im NPC verkaufen.
Naja, gut. Die Gauns, naja, gut, das nicht. Braucht es jemand? Rasra-Helm gestattet, Rasra-Gauns oder Suit? Rasra-Suit clean mit 2 Sockeln Lightning 4. Ich habe leider keine Lightning 4 mehr, die habe ich gestern leider verschossen. Fragt doch den, der His-Jojo kauft. Naja, der ist erst Level 60. Außerdem ist das Set Trash. Und er ist männlich, glaube ich. Männlicher Charakter. Das ist weiblich, Sir. Also, das heißt, wie viel hatte Chaos Suit? Nur 4 jetzt gerade, weil ich keine zweite Lightning 4 habe und ich kaufe auch keine. Ich drop sie mir lieber. Was wolltest du für Rasra? Das bringt ja nichts, das ist weiblich und das Changen ist viel zu teuer. Am 1+4 mit 2 Sockeln vor 20 Minuten für 1 F-Coin verkauft. Also ist die Suit so 1000 F-Coin wert, 500 F-Coin wert. Naja, wahrscheinlich eher 800. Und nehme ich nochmal die Event-Quest ab 61 an. Gar nicht, die kommt automatisch. Du musst aber die Mining-Class-Quest annehmen. Jetzt habe ich schon Blitz +4 auf das Jojo gemacht, aber jetzt muss ich eigentlich noch Clockwalks machen. Verdammt. Egal, ich lasse es einfach so. Ich muss mein Equipment noch changen. Ich muss mal gucken, wie viel Crit-Rate ich habe. Also ich muss eventuell meine AX +7 durch Vigors tauschen und meinen Cloak durch einen STR-Cloak wahrscheinlich. Wo findest du die? Saint Morning bei Levi. Links von der Church. Links von der Church. Ach so, kann man Clockers auf Channel 7 machen? Nicht, ne? Direkt der nächste Fehler. Jetzt bin ich Channel 6. Was willst du für das Set? Frage für einen Freund. Achso, du fragst wirklich für einen Freund, lol. Ja, was heißt Set? Es ist ja wirklich nur die Suit und der Helm. Na gut, und I guess die Gowns. Okay, ich kann auch die Boots zurückholen, aber diese Boots sind... Das Set hat ihre Schuhe verloren. Die Schuhe kann ich zurückholen, aber es sind einfach cleane Schuhe, also... Die haben einfach gar nichts. Die sind literally +0. Ganzes Set für, ganzes Set 500 F-Coin. Anscheinend. Beziehungsweise, aber bei 500 F-Coin. Du hast 1000 F-Coin? Moment mal. Du hast 1000 F-Coin? Für ein Rasra +4 mit 2 Sockeln bekommen? The fuck? Das ist ja übelst der Scam. Wen zum Teufel hast du da gescammt? Was zum Geier? Das ist ja arschteuer. Du hast 80 Mio für ein Rasra +4 genommen? The fuck? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie viel Geld das eigentlich ist. Das ist ja arschteuer. Selbst 500 F-Coin ist geistesgestört teuer. Für 2 Sockel Lightning 4? Das kostet ja gar nichts. 300 F-Coin. 300 Focken. Ich hätte gern 300 Focken. Bitte 300 Focken. Das sind 6 A-Pros. Also um die 20 Mio. Mehr auf keinen Fall. Um die 20 Mio sowas, hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist 24 Mio. Oh. Ja. Kommt mir zwar immer noch ein bisschen viel vor, ehrlich gesagt. Machen wir 20. Ich muss jetzt hier abchecken, wie viel Crit Rate ich habe. Viel zu viel wahrscheinlich. Kritische Treffer 118, oder? Kritische Treffer 118. Aber
Ich bin in der Lage zu changen. Ich kann mich verändern, Chat. Guckt mich an, ich bin wie ein Schmetterling. Butterfly, skrr, skrr. Und zack, boom. Aus Dex werde STR. Und schon sind es nur noch 110. Well. Immer noch zu viel. Aber mit 120 verliert man die Crit-Rate wieder. Mit 120 verliert man wieder 15%. Wegen Bloody Jojo. Anders. Kurzzeitig habe ich jetzt zu viel Crit-Rate, aber 120 passt es dann wieder. Das heißt, ich habe die Gauns... Das heißt, ich habe die Boots jetzt umsonst aus dem Shit geholt. Mist. Okay, dann mache ich noch kurz einen Shop auf. Und dann schnell Clockbox, bevor die Legs wieder anfangen. Kadapada, was geht? Mhm. Dann komme ich ja genau richtig. My boy Pinguin. My Mansky. My Broski. My Dude. Ich von 15 bis 16 mit Bo oder Jojo gelevelt. Bo. Bo. Wie goofy sieht eigentlich dieser Helm aus, Alter. Ich sehe einfach aus wie so ein fucking Gnome oder so. Zieht euch rein, wie goofy dieser Helm ist einfach. Ich sehe aus wie so ein fucking Gartenzwerg. Das ist einfach so ein Gartenzwerghütchen, Junge. Ist das goofy, ey. Alles an dieser Klasse ist goofy. Ich habe noch nichts an dieser Klasse gesehen, das nicht goofy war. Bis jetzt. Einfach alles ist goofy. Sogar die scheiß Hüte sehen aus wie Goofball. Okay. Ach so. Der Counter ist nicht goofy. Ja, den benutze ich aber nicht. Du bist ein Narr. Was erwartest du? Das stimmt wohl. Power Scroll, 6700 HP. Ich meine, das wird safe reichen. Aber just to be safe. Just to be safe. Also das aktiviere ich nicht, aber ich habe es mal dabei, falls ich es bräuchte. Brauche ich noch einen Low Upcut Stone? So. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. In die gute Stube. Dun, dun, bum, 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 bum. Bum, 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 badadadam. Wünscht mir Glück. Ey, wir können eine Wette machen. Knack G, bist du noch da? Clockbox Drop Wette. +1, 2 oder 3. Wette startet. +1, 2 oder 3, Baby. We is back. Bet Nation is back. Oh, scheiße, ich habe kein Heal-Rain, ne? Oh, ist der klein. Oh Mann, ist der putzig.
Der wird halt 100 Jahre dauern. Ich habe kein Heal Rain. Verdammt, das ist actually nervig. Aber ich kann Circle Healing machen. Ja, Circle Healing. In der Wette fehlt, du schaffst es nicht. Na, sollte eigentlich passen, Sir. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich habe noch gar keine Power-Ups an. Der wird doch jetzt ewig dauern, oder? Ja, wird er auch. Habe ich noch 120 Pop-Shift rumliegen? Ich war noch nie bei Pop-Crank. Zum Glück 15 Minuten Zeit zum Betten. Ich hätte auch 60 machen können. Sir. Was ist die Wette, dass du CW schaffst? Du dreckiger Hater. Dir wird das Lachen noch im Halse stecken bleiben. Dirty ass, looking ass, Hater. Dirty ass, looking ass, Hater. Ah. Bruh. Hissbau für 35 Mio gut. Klingt gar nicht mehr so bad. Ah, ich habe keinen Link Attack, lol. Ich habe einfach keinen Link Attack. Oh mein Gott. Oh oh. Es war ja klar, dass ich irgendwas vergessen würde. Oh boy. Wer kommt von alleine drauf? Was könnte ich vergessen haben? Verkauft hier zufällig jemand eine Party? Verkauft hier zufällig jemand eine Party mit mindestens 200 Punkten? Hat er nicht gesagt. Fuck! Mann, dann brauche ich einmal Partypunkte und das ist natürlich leer. Und die ist leider auch Level 100 fucking 2. Also die levelt jetzt auch nicht mehr. Kann eine Party mit 84 Punkten verkaufen? Na. Ich brauche sie literally jetzt. Ich habe nicht mal 10 Minuten Link Attack. Ich habe nicht mal genug Punkte für 10 Minuten Link Attack. Join einfach unserer. Junge, ich brauche Link Attack. What the fuck? Warum seid ihr alle so geizig? Ich brauche Link Attack. What the fuck? Ich mache gerade Clockworks. Als ob ich jetzt ohne Link Attack Clockworks mache. Mach einfach nur Drop Buff. Dann dauert es ja doppelt so lang. Abgehoben. So kann man das natürlich auch nennen. Global ist doch fast genauso gut. Nein, es ist halb so gut. Es ist minus 50%. Es ist einfach 50% weniger. Wie viel willst du, Rust One? How much? How much money? Sie ist 38.
Umsonst? Das geht nicht, Sir. Ich muss sie dir abkaufen. Aber es bringt nichts, wenn sie 38 ist. Dann bringt es mir eh nichts. Dann will ich sie weder umsonst noch, dann will ich sie auch nicht kaufen. Bringt nichts. Gib sie mir, ich verkaufe sie dem Chris. Gib sie mir, ich mache sie auf 40 und dann verkaufe ich sie. Ja, lieber Fürze. Er ist fucking Rauch zu riechen, Mann. Ohne Scheiß. Wirklich, ich inhaliere lieber Fürze. Er ist fucking Rauch zu riechen, Mann. Kaufen macht aber wenig Sinn. Wieso? Ich gebe dir eine Mio Rust One. Ich nehme doch deine Rust One. Ich muss ja eigentlich nur Global Attack spammen. Und irgendjemand muss dann für mich auf 40 leveln. Das sind nur 2 Level. Wenn nur Paare joinen, dann sollten die ja 2 Level hinbekommen in der Zeit, wo ich hier noch am Farmen bin. Komm mal bitte Channel 6. Bist du Channel 6? Channel 6, please. Und dann lad E-Sportler ein. Meine Party ist leider inaktiv. Ich habe 3 Filler-Paare und keiner antwortet. Ich habe gefragt, ob sie mit in eine neue Party kommen würden. Ich mache mal einen Ready-Check. Vielleicht wachen sie dann wieder auf. Ich glaube, die sind literally alle AFK. Einfach niemand am Antworten. Macht der CW hier eigentlich auch den Laser? Ja, auch dieser süße, kleine, winzige CW kann den Laser machen. Die sind straight up alle AFK. Okay. Dann einmal E-Sportler Lead, bitte. Falls ich eine neue ziehe, würde ich gerne filmen. Ja, das mache ich doch gerade, Gespenst. That's literally what I'm doing. Also Rust One, ich schicke dir das Geld danach. Ich kann hier drin kein Geld schicken. Hat dir gerade jemand 5 gesagt? In der Party levelt auch keiner. Die hat noch nicht einen Punkt XP bekommen, seit ich drin bin. Also kann ich die alle kicken, probably. Das heißt, ich muss jetzt hier raus. Jetzt muss ich hier rein. In Party einladen. Zack, boom. Neue Party. Zack, boom. Alle inaktiv. Was ist das denn für eine Party, die du da hattest? Sind 6 Leute drin und auch alle AFK. Was ist das? Wieso? Da ist der Ping mal so gut für so eine lange Zeit und keiner levelt. Also Gespenst. Channel 6, wenn du willst. Aber nur wenn du levelst, Sir. Die Bedingung ist, dass sie aktiv leveln, Sir. Freunde und ich haben die gezogen, dann sind wir durch für heute gewesen. Ah, I see. Also, Filler-Paare, Channel 6, 3 Plätze frei. Ich bin auch eben mal irgendwie sortieren. Sie könnten trotzdem joinen, Sir. Wie heißt sie? Sie heißt einfach Hihi. 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 XD. Jetzt heißt sie AA1. AA1 Duo Only. Only. Doppelpunkt runde Klammer. Whoopie. Dankeschön. The fuck? So.
Bin drin, sehr gut. Dann Dankeschön, Rust One. Wer ist FFS? Ist das auch jemand von euch? Und das ist jetzt Shenya, der joint. Okay. Duo only, Sag. Yes. Oh ne, das ist doch nicht Shenya. Mist. Egal. Hauptsache Leute aus dem Stream, passt. Sehr gut. Dankeschön. Krise abgewendet. Glücklicherweise ist Clockworks nicht so schlimm mit der Party. Also eigentlich geht es in jedem Bossfight, dass man die Party changed. Aber bei Clockworks ist es insbesondere nicht so schlimm, weil es ja sowieso ein Gen-Boss ist. Oh, ich sollte mal die Auto-Attacks ausmachen. Bei Sportakus. Bei Red Meteor fliegt man doch, oder? Nee, ich glaube nicht. Wenn du bei Red Meteor die Party verlässt, bleibst du doch drin, Gespenst. Theoretisch müsstest du schnell eine neue gründen können, dann fliegst du nicht raus. Glaub schon. Ich glaub nicht. Try it out, Sir. Nicht, wenn du einer neuen Party beitrittst. Solltest du testen. Jetzt. Geht klar. Nichts leichter als das. Achso, ich sollte mal Link Attack aktivieren. Dafür habe ich die Party eigentlich auch gekauft. Ach Mann. So. Aber wenn man bedenkt, was das hier für ein Fiasko war, ist es erstaunlich, dass ich schon fast halfway durch bin. Er kauft schon Partys richtig pay to win. Echt so. Hast du Bloody gecraftet? Nein. Wie jeder automatisch davon ausgeht, dass man hier Bloody craftet, nur wenn man ein kleines bisschen Geld hat. Morgen kauft er Server-Shouts. Das habe ich gestern schon gemacht, Sir. Das habe ich tatsächlich gestern schon gemacht. Dun, dun, dun. Wer bist du? Ich bin 2 Charakter, Chris. Ich habe jetzt nur noch 2 Charakter, Sir. Ich kann tun und lassen, was ich will. Die Wette läuft übrigens noch 25 Sekunden. Jetzt noch einsteigen in die Wette. Go, 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 go. Bet Nation. Bet Nation. Bei welchem Server würde es sich gerade lohnen anzufangen? Reggie? Na, FEC natürlich. Wenn du bei der Serverauswahl bist, geh auf Event und dann gibst du da eh nur einen und den musst du nehmen. Einfach den Event-Server auswählen. Nelly.
The man, the myth, the legend. Was geht? Good luck, thank you. Warum macht er den Laser nicht? Weil er den nur bei Fernkämpfern macht. Wenn du immer unter ihm bleibst, macht er den nicht. Also wenn du immer in Melee-Range bleibst, dann macht er seine Special Attacks nicht. Außer das Umwerfen, das macht er immer. Denn er ist so umwerfend. Chillen und bald mitwetten. Ah, die Wette ist bereits zu, Sir. Sie können nicht mehr einsteigen. Wie wettet man mit? Zu spät, die Wette ist geschlossen. Es werden keine weiteren Wetten angenommen. Die Buchmacher sind schon auf nach Senegal. Mit dem Sack voll Gold, das sie hier kassiert haben. Den sie kassiert haben. Du meinst allgemein? Ach so, ja, wenn eine Wette startet, steht das im Chat. Da steht irgendwie so die Vorhersage, heißt es auf Deutsch. Die Vorhersage beginnt und dann kannst du mit Kanalpunkten mitwetten. Und die Gewinner kriegen dann eine Quote, je nachdem halt, was halt der Favorit ist. Ist die Quote halt besser oder schlechter. Und die Gewinner kriegen dann Kanalpunkte zurück in dem Verhältnis zu der Quote halt, was die gewettet haben. Sind die Ores vom Mining irgendwas wert? Nö. Kannst du wegschmeißen. Ich schmeiß die mal auf den Boden. Das ist jetzt gerade echt nicht so ein optisches Highlight. Oh. Entschuldigung, bitte. So. Der grafische Zuschauer, hä? Der Grafiker hier. Entschuldige bitte, dass wir nicht irgendwelche AAA-Spiele spielen. Auf meiner RTX 5090. Du nervst langsam, Clockworks. Es reicht einmal umwerfen in 60 Sekunden. Du musst es nicht die... Junge, 3-mal in a row. Hör mal auf, Mann. Es nervt. Du dummes Mistvieh. Du dummes Tier. Dann wird er wie immer nichts droppen, wahrscheinlich. 3-mal in a row umgeworfen. Eine halbe Minute einfach komplett gar nichts gemacht. Tatsächlich läuft das Grid E von meinem AM nur noch 10 Minuten. Also es wäre gut, wenn der aufhört. Lass ihn. Nein. Der boxt sich gleich durch die Wand. Safe. Höchstwahrscheinlich. Big Loot gleich. Hoffen wir es, Nelly, hoffen wir es. 'Cause I need that money. Warte kurz. 'Cause I need that money. I'm broke. I need it. Cause I freaking need it, man.
Wie oft kann man CW machen? Eigentlich alle 2 Tage, aber wenn man das erste Mal easy abschließt, kann man direkt am nächsten Tag in Mittel rennen. Keine Ahnung warum. Aber es ist, glaube ich, kein Bug. Es soll, glaube ich, so sein. Weiß aber nicht. Also mein E-Sportler hat jetzt gerade schon 5000 Damage bekommen, by the way. Ich stehe dazu, Mann. SM ist ein Banger. Ich könnte keinen Tag ohne SM aushalten. SM ist mein Leben. Für SM würde ich sogar Geld bezahlen. Also jeder Angriff von Clockworks macht mir jetzt Half-Life bei beiden Chars. Also wenn man da einmal kurz nicht aufpasst, ist man definitiv tot. Gut, der Jester blockt zumindest noch hin und wieder mal. Und heilt sich minimal. Was sind anfangs die wichtigsten Buffs vom RM für 1v1 Night? Haste, Accuracy, Dex, Beef Up. Also die erhöhen alle deinen Schaden. Oder deinen DPS. Haste, Accuracy, Cannonball, Beef Up. Schaffe ich Mittel-Illuminator? Naja, der Reset ist ja erst in 5 Stunden. Und dann hätte ich ja nochmal am nächsten Tag 23 Stunden, theoretisch. Also ich könnte ja quasi dann nochmal, also ab morgen könnte ich direkt wieder rein. Aber ich könnte ja dann auch einfach noch 23 Stunden warten und leveln und stärker werden, weißt du? Also ich würde sagen, ja, ich würde ihn schon schaffen. Würde halt nochmal ein bisschen länger dauern. Aber Zeit habe ich genug. Mein Damage reicht auf jeden Fall. Easy. Also reichen tut er sowieso, aber ich brauche halt auch keine Stunde dafür, was auch gut ist. Je kürzer, desto besser. Gut, das war tatsächlich knapp mit Umwerfen. Wenn er mich umwirft und zeitgleich so viel Damage macht, wird es tatsächlich fast ein bisschen knapp. Da tatsächlich dann lieber mal fooden. Naja, Mantis sein ist schon wichtig, Storm Raven. Beim Mantis sein erhöht alle deine anderen Buffs nochmal um 1. Also du buffst in Fly's Universe immer 2-mal Mantis sein auf deinem Assisten. Und erst dann buffst du richtig. Beim Mantis sein gibt Int. Und Int erhöht ja deine Bufflänge und Stärke tatsächlich. Also das ist nicht ganz falsch. Also Mantis sein braucht man schon auch, aber du hast ja gerade nach 1v1 Night gefragt. Also Mantis sein macht man nichts falsch. Genau. Muss mich leider nochmal rebuffen. Ausgerechnet jetzt in der kritischen Phase, wo jeder Schlag so viel Schaden macht. Aber es ist eigentlich nur schlimm, wenn er mich umschmeißt. Wenn er mich umschmeißt und ich keinen Circle Heal machen kann, dann ist ein bisschen kritischer Hase, aber sonst ist es eigentlich nicht schlimm. Kann easy 2-mal Circle Healen, bevor er angreift. Ich kann sogar 4-mal Circle Healen, bevor er angreift. Ah, die Buffs laufen auch nochmal ab. Okay. Ja, aber der macht mir doch echt viel Schaden, ne? 4200. Muss mal gucken, was so der höchste Schaden ist, den er beim M macht. Aber meine M ist zugegebenermaßen ein bisschen under-equipped. Also wenn er 90er Set hätte, meine M würde auch noch mal ein bisschen weniger Schaden kriegen. Wieso kämpft die denn nicht, Mann? Was ist dein Problem? Bruh. Einfach aufgehört anzugreifen. Int erhöht Int. Sir, ich bin etwas abgelenkt, Sir.
Oh Kinder, bei CW Down Zeit für den Server-Start. Ey, wenn sich jetzt jemand einloggt, ich hasse dich. Log dich jetzt bloß nicht ein. Und alle loggen sich ein. Jetzt nicht einloggen, bitte. Schön offline bleiben. Oder offline gehen. Von mir aus. Angel Big X für 85. 85? What the fuck? Holt alle 8 Char-Abuser aus dem Schlaf. Das ist wie das Bat-Signal. Einfach so eine 8 in den Himmel strahlen und alle wissen, es ist Zeit für die 8 Char-Abuser. Das 8 Char-Abuser-Symbol. Einfach eine 8. Mike Sorino, was geht ab? Eine 8 auf einem Board. Wie läuft der Sabaton? Gut, gut. Wir waren schon ein paar Mal kurz vor der magischen Zero. Da wurde immer wieder zurückgeholt. Von ein paar sehr großzügigen Leuten. Das ist auch noch nicht die finale Zeit, da fehlen noch 2 Subs, by the way. Ist nicht die richtige Zeit gerade beim Timer. Da fehlen 24 Minuten. Dankeschön. Angel Big X krass teuer momentan, hat meine aber noch für 50 bekommen. Also 85 klingt geistesgestört. Link ist abgelaufen. Oh. Danke. Aber Dropskills laufen auf jeden Fall. Wieso versuchen alle einen so zu melken? Ich weiß es nicht. Ich sag nur, dazu sage ich nur Misa, fucking Nation Helm für 50 Mille. Einfach mal einen Nation Helm für 50 Mio in den Shop stellen. Hey, vielleicht kauft's irgendein fucking Trottel. Irgend so ein absoluter Vollidiot, wirklich. Also, manche Leute haben so ein Rad aber auf dem Server, das ist geisteskrank. Einfach mal fucking Nation Helm für 50 Mio. Dafür kriegst du 10-mal das komplette Set. Für 50 Mio kannst du dir 10-mal das komplette Set kaufen. Oder mindestens 8-mal. Also das ist wirklich Wahnsinn. Was manche hier machen. Oh oh. Mein Grilled Eel ist abgelaufen. Vom Jetzt reicht's, Clockvox. Hörst du jetzt mal auf? Du kriegst eine Woche Hausarrest, wenn du so weitermachst. Meine Güte, ey. Wir sind bei fast genau einer halben Stunde. Aber der wird mich jetzt noch 26 Mal umschmeißen. Wodurch es nochmal 2 Minuten länger dauert. PTSD von dem Wegflieger-Sound. Das Schlimme ist halt, es triggert halt einfach nur so heftig, weil es auch so viel Zeit einfach kostet.
Also es sieht nervig aus, es ist nervig und dann kostet es halt einfach so unfassbar viel Zeit. Ein Upgrade-Wette. Wir upgraden nicht, Sir. Upgraden viel zu teuer. Upgraden ist viel zu teuer. Was ist das für eine Taktik, CW in die Ecke zu ziehen? Ach ja, genau. Meine berühmt-berüchtigte Taktik. Dazu habe ich gar nichts gesagt. Here comes the money. Wenn ich jetzt keinen Mal Schmuck droppe, raste ich gleich aus. Ich habe sogar die Pay-to-Win-Flask. Ich habe die Pay-to-Win-Flask. Ich habe Housing-NPC. Ich hab alles on. Ich habe alles außer Couple-Housing. Come on, baby, come on, baby, come on, baby. Bless my ass, bro. Come on, baby. Trash. Oh mein Gott. No. Oh, boah. Ich dachte nur einmal Schmuck. Dreimal Schmuck. Oh, yes, yes. Intiret und Maitier. Teitra X. Forgy Gowns? Wollte dich einer Forgy Gowns? Hat dich literally gerade einer nach Forgy Gowns gefragt? Shaentra Boots? Shaentra Boots? Boots und Gowns gedroppt? Oha, Baby! Blunt Rocks, du hast doch gerade nach Gowns gefragt. Ich habe sie literally gedroppt. Oh, sweet baby Jesus. Oh, sweet baby Jesus. We blessing rich, baby. Einfach mal 100 Mio gedroppt in einer halben Stunde. Let's go. Noch nie so über solche Schmutzdrops. Auf Burodeng wäre das halt einfach kompletter Müll. Auf Burodeng wäre das halt einfach der größte Schmutz. Aber hier bin ich jetzt reich. Let's go. Na, dann direkt mal einen fetten Scam-Shop eröffnen. Was zahlen Sie denn, Mr. Blantrox? Was zahlen Sie denn für diese 4G-Gowns? Für diese Fergie-Gowns? Hier sind immer die CW-Shops. Ach du Scheiße. Ganz schön viel Konkurrenz. Wie viel ist der Might hier? Fro meinte 28 Mio. 8 Mio für die Gowns. Let me check that real quick. Die dürfte es ja nicht so oft geben, eigentlich. Sir, ich habe die einzigen 4G-Gowns auf dem Server. Sir, ich habe die einzigen 4G-Gowns auf dem Server, Sir. Könnten Sie Ihr Gebot etwas erhöhen, bitte, Sir? I know. Da scheint mir 8 Mio dann fast ein wenig, Sir. Der hatte die Helme für 5 Mio. Helme für 5, maybe? Okay, hier sind die Helme für 2. Okay, hätte mich auch gewundert. Helme 2. Cheap Yuendine Boots. 100 Mio. Yo. What the fuck? Hey, hier sind übrigens günstige Yuendine Boots. 100 Mio, bitte. Mehr als 10 ist nicht drin. Uff. Ich will nicht gierig erscheinen, aber ich hatte es echt nicht leicht die letzten 100 Stunden. Es hat lange gebraucht, um mal hier anzukommen. Hier ist ein AG-Jojo für 15 Mio, by the way. Falls jemand AG-Jojo braucht, hier ist eins für 15. Ausnahmsweise mal keiner, der scammt. Falls noch jemand AG-Jojo sucht, hier hat einer eins für 15. Crip for Clockworks Channel 1. Das ist mal ein vernünftiger Preis, ausnahmsweise. Kauf mal, please, für mich. Sir. Wehe, Sie scammen mich, Sir. Wehe, Sie scammen mich, Sir. Und gescammt. Kaufst du für 100 und verkauf für 200. Easy money, baby.
JK, er spielt BP. Ist einfach so Assist Level 1. War sein Shop. War einfach sein Shop. Wow, Raschadein für... Oh, okay, die haben 4 SDH immerhin. Tja, ist echt schwer zu sagen mit dem Zeug, ne? Die Preise sind auf jeden Fall geistesgestört für das Clockworks-Zeug. Die Preise sind absolut bestialisch. Also ich habe jetzt Inti-Reds für 38 gesehen. Okay, hier ist einer für 30. Ist Inti was... Jesus Christ, man. Das ist ja die einzige Goldgrube. Der Clockworks ist ja die reinste Goldgrube, ey. Einfach Infinite Money Glitch. Was ist der Grund für diese Gowns? Ich dachte, das setzen immer besser aus bei Blade. Der Grund für die Gowns ist, dass dass die CW-Sets einfach geistesgestört OP sind, wenn du AOE'n willst. Und für Envy-Deaths und so. Man kauft sich das, um damit in der Hoffnung wahrscheinlich noch viel mehr Kohle zu machen. Also Might hier ist er ist teurer als Inti-Red, kann das sein? Might hier ist auch viel seltener, kommt mir so vor. Might hier ist seltener und teurer auf jeden Fall. Die meisten haben keinen. Das muss man aufschreiben. Dann die beiden Helme mache ich nicht so teuer. Die habe ich jetzt... Also, ja. Achso, ja gut. 2-mal Rukenjia-Schild ist wertlos, by the way. Yaksha-Dein-Stick ist eigentlich auch nutzlos. Der ist zwar gestattet, aber... Der ist eigentlich auch nicht wirklich gut. Den benutzt eigentlich kein Mensch. Die Boots sind noch interessant. Und die Gowns halt. Was ist die Search-Funktion, bevor wir noch Shops öffnen? Mit der Search-Funktion guckst du doch die Shops durch, the fuck? Muss ich bei Universe eigentlich leveln oder muss ich questen? Überwiegend leveln. Sehr, sehr viel leveln, sehr wenig questen. Gibt 5 mehr Inti-Reds auf dem Markt. Oh. Das Searchen vor allem wie für die Gowns. Ich verstehe nicht, was du meinst. Was meinst du, was ist das? Du durchsuchst halt die Shops. Sir. I don't get it. Wenn du den brauchst, den Stick, schick ihn mir. Ja, aber 2 Mio hätte ich jetzt schon. Ich hätte ihn jetzt für 2 Mio in den Shop getan. Was würdest du denn zahlen dafür? Also verschenkt hätte ich ihn jetzt nicht. Also ich hätte ihn schon für etwas Geld in den Shop getan. Also verschenkt hätte ich ihn jetzt nicht. Was der bringt? Int plus 5. Ach so, für die Party meinst du? Ach so. Ja gut, wenn Konst 2 zahlt, dann kriegt er ihn. Stimmt, ich musste doch die Mio schicken, da hast du recht. Was sagt ihr für die Gowns? Jetzt 65 Mio mal gemacht. Oder mehr. 4G Gowns. Wo stehe ich? Channel 1 CW. Auch die Miolas? Nein, Sir. Macht teuer, wenn er will, meldet er sich. Junge, als ob 65 Mio nicht teuer ist. Machen wir 85, 1000 F-Coin. Wenn sie für 85 gekauft werden, werde ich mich auf jeden Fall nicht drüber beschweren.
That's for damn sure. 185. Ja, muss jetzt auch nicht komplett übertreiben. Ach so, Pensero, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Habe jetzt nicht geschaut. Was verlangen die Leute für Pensero? 23. Direkt unterbieten die Sau. Direkt unterbieten die Sau. Sind die so gut? Was genau meinst du? Unterbiet die Sau. I just did it, my man. Stats-technisch, wie gesagt, es geht bei diesen CW-Rüstungen geht's hauptsächlich darum, erstens mal brauchst du das für Envy-Deaths farmen und Envy-Deaths farmen ist, was viele Leute machen wollen. Und für Face-Tank AOE ist es eigentlich auch sehr gut. Lass mal die Rasra-Suit für 15 Mio. Ich denke mal, das ist fair. Ich denke mal, das ist fair. Okay. Achso, mein S-Projekt Low. Was ist Blessing of the Demon? Ist Blessing of the Demon schon irgendwas wert? 500k Zeit wahrscheinlich kein Mensch, aber egal. Jesus Christ. Also, Mr. Cons, wo sind Sie? Ah, hier. Dankeschön, Sir. Achso, du hast mich nicht gefunden, lol. Sorry. Ja, zu viele Shops, ey, was du sagst es. Zu viele fucking Shops. Der reinste Albtraum. Richtig PTSD von Channel 1. Junge, es ist so geistesgestört, ey. Wenn ich alle Shops so auf dem Bildschirm mache, zieht euch das rein. Der Browser verreckt einfach. Ich bewege meine Maus ganz schnell hin und her und es ist einfach Standbild. Jesus. Effekte ausmachen? Ich spiele immer ohne Effekte. Die sind aus. Die Effekte sind aus. Achso, du bist im Darkon wegen dem Jojo? Komm zur Post, Sir. Kommen Sie. Bitte. Na gut, dann können wir weiter leveln. Die sollten Search Shop einfach zum Auktionshaus umbauen. Ja, ich check's halt nicht, ey. Jedes Mal, wenn man das sagt, kommen dann Leute, die sagen, nein, das macht das Spiel kaputt und so. Junge, das Spiel wird kaputt durch diese scheiß Shops, Mann. Mein fucking PC packt das nicht. Ich meine, gut, das ist mein Problem theoretisch, aber trotzdem, ey, es ist geistesgestört. Und allein schon, dass die Preise nicht angezeigt werden, ist so ein heftiges Downgrade. Da ist sich eigentlich auch jeder drüber einig, oder? Also auf dem FEC zumindest. Bloody X 18 Tries. GZ, Sir. Channel 6. Aber dann kann man doch nicht mehr scammen, Seraphine. True. Kann man keine Leute mehr abziehen.
Ja, das darf man ja nicht sagen, dann heißt es wieder sonst was. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, die einzigen Leute, die nicht wollen, dass das passiert mit den Shoppreisen und so, in der Search-Funktion, sind die Leute, die daraus den meisten Profit schlagen. Also wahrscheinlich Scammer und Reseller. Das sind die einzigen, die es nicht wollen. Die Scammer und die Reseller. Alle anderen wollen es. Alle in Anführungszeichen, sei jetzt mal normalen Spieler, die das nicht so übertreiben mit dem Resellen und dem Scammen, die wünschen sich das eigentlich. Würde ich auch so sehen. Das, ja. Ja, fuck, ich muss noch Tower Dailies auf Borodeng machen. Aber ich hätte jetzt gerne noch ich brauche noch ein bisschen Geld. Das müssen wir ein bisschen warten, bis der Shop was abwirft. Wobei, gut, das passiert eigentlich passiv, ne? Aber ich habe auch noch 15 Minuten Upcutstone. Na egal. Auf jeden Fall... Ja, muss ich noch meine Dailies auf Borodeng schnell machen dann. Aber gut, es ist erst 21 Uhr, das sollte auf jeden Fall klar gehen. Mit dem Auktionshaus kann man auch sehr gut resellen, viel besser sogar. Tja, dann müssten ja alle Reseller dafür sein. Dann bleibt ja eigentlich kaum noch jemand übrig, der dagegen ist. Ich meine, ich hatte gerade erst die Situation mit dem Nations Set. Man will zwar Geld sparen. Timer aktuell. Nee. Achso, stimmt, den Timer wollte ich noch machen. Warte kurz, wenn ich den nächsten Catcher einsauge. Beim Timer fehlen 24 Minuten. Das ist noch eine halbe Stunde. Das ist aktuell. Warum wollen manche Leute für das Comet Set 12 Mio? Keine Ahnung, die Preise für Comet Set schwanken ziemlich. Da liegt Free Money. Preise für Comet Set, würde ich sagen, schwanken sehr stark. Also von dem, was ich hier so im Chat lese. $12 Mio klingt ziemlich teuer, wenn es nicht gesockelt ist. Findet man bestimmt auch noch günstiger. Lohnt sich das jetzt in Apros oder so zu investieren? Ja. Also wenn ich jetzt, also ich kaufe mir jetzt noch eine 30 Tage Party Scroll und dann noch eine 30 Tage FEC Flask. Also das sind meine nächsten beiden Anschaffungen. Und danach würde ich Locked In nur noch auf A-Projects gehen wahrscheinlich. Danach gehe ich dann wahrscheinlich Locked In nur noch auf A-Pros und Bloody Yo-Yo. Aber Bloody Yo-Yo und A-Pros werden dann nicht mehr Free-to-Play. Doch. Was hat das mit Free-to-Play zu tun, Sir? Toll. Ja, 4 Stunden sind es nicht mehr, ne? Also, Timer. Oh. Verzeihung. Excuse me. Das ist mir so rausgerutscht. Timer 30 Minuten, let's go. Party Scroll ist doch zu teuer für Free-to-Play. Nö, ich hab doch das Geld fast. Mir fehlen 40 Mio oder so. Mir fehlen nur 40 Mio maximal. Ich hab's fast. Ich muss literally nur ein paar Sachen verkaufen. Ich habe gerade einen fetten Shop aufgemacht, der noch nichts abgeworfen hat. Aber nee, ich brauche nur ein kleines bisschen Geld. Theoretisch. Knack G, ja, die Wette, Knack, ja, Mensch, Knack, ja. Oh, wow. Knack G hat 100.000 auf 1 gesetzt, der dreckige Hater. Dieser dreckige Hater. Und dann ist er auch noch so ungeduldig, hat eh schon gewonnen. Geht nur um die Suchfunktion. Oh. Bitte nochmal Suchfunktion, Auktionshaus erklären, Wette auszahlen. Da gibt's nichts zu erklären. Also du kannst einfach alle Shops durchsuchen.
Schau, Knack, guck jetzt hin. Finde Items in Personal- und Vendor-Shops. Das heißt, du öffnest das und dann kannst du einfach alle Shops durchsuchen. Ich gebe ein, Knack G, gibt's nicht. Aber wenn es jetzt ein Item gäbe, das heißt Knack G, dann würde mir das jetzt angezeigt werden und dann kann ich mir angucken, wo ist Knack G? Also ich kann mir jetzt ansteigen lassen, wo ist es? Auf welchem Channel ist es? Wie heißt der Verkäufer? Wie heißt der Shop? Und was ist das Item? Aber du kannst da nichts kaufen? No. Das ist eben genau das Nervige. Also gut, dass du nichts kaufen kannst, das sowieso. Aber du kannst auch nicht den Preis sehen. Also du musst jedes Mal tatsächlich dann zu dem Shop gehen, weil du sonst eigentlich nicht wirklich weißt, was eigentlich abgeht. Und das ist das, was momentan so ein bisschen triggert. Also nicht nur ein bisschen, das triggert eigentlich übelst. Weil du jedes Mal, oder bei den allermeisten Items, wenn du es eingibst, wie hier gerade, es ist einfach zu viel und kein Mensch hat Zeit und Lust, alle Shops durchzugucken. Beim FEC ist jetzt auch noch ziemlich nervig, dass nicht alle auf Channel 1 sind. Also das ist tatsächlich auch noch ziemlich nervig. Dann grenzt du dahin und dann suchst du und dann steht er da nicht. Und dann denkst du dir, oh, er ist nicht auf Channel 1, dann musst du noch den Channel wechseln. Also es ist ziemlich nervig. Gelinde gesagt. Hat Gerlinde gesagt, dass das ziemlich nervig ist. Sir. Also, ja. Fang Serverlags wieder an. Hab noch nichts gemerkt jetzt. Ja, ich level ja auch gerade nicht. Wenn jetzt die Lags anfangen würden, wäre das geistesgestörtes Timing mit Clockworks gewesen. Dann wäre ich gerade so davon gekommen mit Clockworks. Oh, geht noch nicht. Nö, also bei mir läuft es noch flüssig, Sir. Und das Spiel ist auch gut. Du sagst ziemlich oft geistesgestört, Sir. Tja, Pinguin. Ist das ein Zeichen für eine Geisteskrankheit? Vielleicht. Queste ich? Nee, ich sammle Catcher und das ist langweilig. Deswegen töte ich nebenbei einfach ein paar Monster. Ich warte, bis meine M fertig mit Saugen ist. Deswegen. Ich meine, ein paar Grills und Dumps töten bringt mir erst gar nichts zu tun. I guess. Bisschen Achievement farmen. Monster Achievement. Wieso nicht? Ich habe Chimera dann schon auf Level 4. Damn. 2000 Stück getötet. Was kostet die Party 30 Tage und wo sehe ich die? Na, im Premium-Shop. Also ich wollte mir jetzt die Red Scroll kaufen. Die kostet 3000 für 30 Tage. Die Pink Scroll ist mir ein bisschen zu teuer. Ausrufezeichen Quests Celtic, aber es ist leider nicht aktuell. Also, jein. Das alte Video kannst du mit einem neuen Video verbinden. Also ich habe ein Video über alle neuen Inventarplatz-Quests und ein Video über alle alten. Wenn man die beiden verbindet, dann... Wo ist der Unterschied Pink und Red Scroll? Der Unterschied ist, Pink Scroll sind alle Party Scrolls in einer, außer Unlimited. Und Red Scroll ist nur die Scroll, die dir erlaubt, dass du immer Full Link Attack hast, auch wenn du nur zu zweit bist. Aber der Unterschied ist halt, die Pink Scroll kostet fast doppelt so viel. Und der wichtige Effekt ist eben nur der von der Red Scroll. Also der Effekt von der Red Scroll ist halt der wichtigste. Alles andere ist halt nice to have, aber eigentlich braucht man es nicht zwingend. Es ist halt wirklich nur nice to have. Schau. Full Party Skill, deswegen auch Full PSF, Party Skill Full Party Skill, kostet 3000. Und die andere heißt kombinierte Gruppeneffekte, Schriftrolle für 5500. Kostet halt fast doppelt so viel. Ich meine, nur 30 Tage Party stapeln und Ding wäre schon teurer. Aber ja.
Ja, keine Ahnung. Oder ich kaufe sie doch, aber mal schauen. Also wenn jetzt mein Shop extrem gut läuft, kaufe ich sie mir vielleicht doch. Wenn mein Shop jetzt sehr, sehr gut läuft, dann mal schauen. Aber bisher habe ich noch gar nichts verkauft, also das sieht eher nach dem Gegenteil aus. Aber ich bin heute noch ein bisschen wach, also ich werde definitiv auch noch die Preise verringern, wenn nichts weggeht. Weil spätestens um 0 Uhr kommt ja die nächste Fuhre Clockbox. Bis dahin sollte man wahrscheinlich lieber schon verkauft haben, ein bisschen was. Und ich selbst kann ihn dann auch nochmal machen, also... Naja, wir werden sehen. Ich bin da immer so ungeduldig, muss ich sagen. Was geht ab, Jax? Welche Shining Powders braucht man, um Bloody-Waffen zu gambeln? Ist egal. Shining PD 4 oder 6, aber ist egal. Kannst beide nehmen. Nachtschicht, Jax. Arbeitest du? Was kostet Firecard B und A? Keine Ahnung. Ich glaube, die gibt's noch gar nicht, ehrlich gesagt. Nicht wirklich. Mist. Sind Ropan-Gowns was wert? Ich denke mal maximal 1, 2 Mio. Leider. Boah, ach du heilige Makrele. Oh, ich habe Element auf der Suit vergessen. No. Ich habe kein Element auf die Suit gemacht. Fuck. Da muss ich meinen zweiten Couple-Teleporter für opfern. Habe ich schon? Oh Gott. Ah. Umsonst in die Wüste gelatscht. Umsonst die 80 Milliarden Meter zurückgelegt. Was muss man für ein Element drauf machen? Waffe und Suit immer das gleiche. Also wenn du Blitze auf die Waffe machst, brauchst du auch Blitze auf der Suit. Das ist sehr gut zu merken. Oh, die machen mir 2K, ja. Ohne Rage Face machen die mir 2K. Ich brauche dringend Element auf der Suit. Na, das geht nicht ohne Element, leider. Ach, Menno. Da muss ich einen Blinkwing auf Matikai wasten. Kein Bock hier nochmal hinzulaufen. 2K Ping schon wieder. Echt? Bei mir ist noch nix. Oh, ich habe auch keine Mets, lol. Was brauche ich denn für Elektro? Mineral und Krasek. Aber das hat ja mein LRM dabei, oder? Yeah. Das haben wir dabei. Bis später, Jax. Bis später, Sie hart arbeitender Man. Wie lange würdest du bei Popcrank mit Elle bleiben? Schon relativ lange, ehrlich gesagt. Also ich habe immer Medomet geskippt. Und bin dann direkt zu Yeti, weil ich mag Medomet nicht mit Elle. Kann man auch was machen an der Tetra X? Wie viel ist die Frage? Was habe ich bei CW gedroppt, Sir?
Nichts Besonderes, aber... 12 Mio. Für wie viel habe ich sie drin? Für 18? Das ist jetzt ein bisschen nervig, weil ich will jetzt den Shop nicht zumachen. Ich habe ihn literally gerade erst aufgemacht. Gut. Ich werde zwar jetzt immer noch heftig aufs Maul bekommen, aber es müsste ein kleines bisschen besser sein. 25 for my tier. Okay, das ist ziemlich nervig dann, weil ich kann nicht die günstiger machen. Da muss ich jedes Mal einen kompletten Shop zumachen. Das wäre sau nervig. Oh, man. Deswegen wirst du bei Popcrank-Modelle bleiben? Oh. Ich skippe die eigentlich immer. Also Medomet skippe ich immer. Also ich bleibe bei Popcrank relativ lange, um dann direkt zu Medomet zu gehen. Nicht zu Medomet zu gehen, zu Yeti zu gehen. Kann man Elemente auf Suit packen ohne Schutz bis +4, ja. Alles bis +4. Kann man Elemente entfernen ohne Scrolls? Ja, aber es kostet 1 Million Penya. Kann man auch ohne Gene mit Party in CW? Nein, leider nicht. Dachte ich, aber du kannst nur Solo rein, das ist komplett... Das ist richtig blöd, Arsch. Wer sich das ausgedacht hat. Ach du Scheiße, what the fuck? Junge! Uff, ich glaube, ich bin immer noch zu schwach für Bloody Waffen farmen. Damn, Daniel. Ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwas, aber irgendwie, ich glaube, ich bin einfach nur zu schwach. Boah, ey. Dann stelle ich mir eine eigene Gilde. Meinst du jetzt wegen unserer Gilde? Also ich glaube, du kannst rein, aber wäre cool, wenn du dann ein paar Questies und so spendest. Ja, keine Chance, ey. Das ist ja gottlos, Alter. Ich habe keine Chance gegen die Viecher. Das ist wirklich absolut geistesgestört. Ich meine, das Gift sorgt halt nicht gerade dafür, dass es besser läuft. Muss man sagen. Set plus 7 it is. Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Die machen mir mit Basic Attacks, ohne Rage Face, machen die mir 2k. Dann vergiften sie mich noch, was Damage over Time macht. Und in Rage machen sie mit dem Crit 5000. Ich habe 6000 HP. Junge, Junge, Junge. Das ist ein Zeichen, dass ich hier mal kurz einen Abgang mache. Ich bin mal kurz auf Burudeng. Wegen Party ist halt blöd. Scheiß auf Wüste geht zu Medo. Die sind zu hoch, Sir. Aber ich muss echt noch meine Burudeng-Dailies machen. Leider.
Ich gebe mal Ihnen ein Party-Lied, Mr. Gespenst, aber ich fürchte, die Party wird sich dann wohl leider auflösen. Aber ich muss leider, ich muss mal Dailies machen. Leider, leider, leider. Warum will man Medo in Asria skippen und direkt zu Yetis? Das will man nur als Elementor. Nur als Elementor. Also meine letzte Frage gesehen. Wenn ich mit LCW mache, dann nutze ich doch Primary Mental Strike wegen keinem Element, oder? Musst du ausprobieren. Mit Elementor würde ich niemals CB machen, ehrlich gesagt. Nur als Poison Cloud Elementor. Ja. Und es gibt keine anderen Elementoren, wenn du mich fragst. Wenn du mich fragst, gibt es keine andere Art, Elementor zu spielen. That's completely right, sir. 300 F-Coins für die 4G-Gowns. 300 F-Coins sind nur 24 Mio, oder? Also ich habe jetzt alles gelesen zwischen 10 und 50 für die Gowns, also... Sir. Sagen wir 500 F-Coins, dann sind sie deines. 500. Der Reset ist safe. Na, doch nicht unser Greacher. Nicht mein Boy Greacher. Hell no. Lena, danke für den Follow. Weißt du nicht, ob das Vorgehen mir als Face-Tank mehr bringt oder 2 Penseros? Keine Ahnung. Wahrscheinlich das Vorgel, aber... Naja, hast du denn schon Plugs? Also zumindest irgendwelche Plugs? Muss ja nicht direkt Pensero sein. Vielleicht gibt es ja auch Plugs plus 5 oder so ein Scheiß. Aber die werden ja wahrscheinlich auch ziemlich teuer sein. Hast du nicht? Tja, also sicher kann ich das auch nicht beantworten. Mit 55 Tries, zweimal Bloody Bow und einmal Bloody Axe. Ah. Und wie viel? Ich hatte 500 Fails. Gern geschehen, Sir. Gern geschehen. Habe ich gern gemacht, Sir. Es war mir eine Ehre, Sir.
Fehlen dann immer noch Boots. Ich hatte auch 250 Face auf Wundensword plus 10 und du hörst du mich weinen? Naja, Creature, ich meine, es werden stündlich, minütlich, täglich Hunderte bis Tausende Clockworks getötet. Da werden sicherlich auch noch Boots auftauchen. Mein Lieber. Aber ja, garantieren kann man es natürlich nicht. Aber das mit der Wüste fuckt mich jetzt echt ein bisschen ab, ey. Ich meine, gut, die Monster sind 8 Level über mir, muss man auch dazu sagen. War halt vielleicht ein bisschen ein verfrühter Call. Aber dass die mich so hops nehmen, hätte ich nicht gedacht. Vor allem nicht, weil ich eine neue Rüstung bekommen habe. Neue Rüstung. Erstmalig plus 4. Erstmalig plus 4. Die ganze Zeit davor mit Clean rumgelaufen. Das ist schon irgendwie lächerlich. Ach, Ranger Bob. Ich könnte mir noch schnell die Dinger besorgen. Die Burnekey Questies. Mit Blitz auf der Waffe. Ja, oder auch nicht. Blitz auf Waffe und Suit. Well, no much. Er beendet den FEC Sabaton auf Bodeng. Das kann doch noch nicht vorbei sein. Let's go. Hey, Forever Iron 4. Und wir sind back zu einer halben Stunde, Baby. That's what I like to see. Vielen Dank dir. Tja. Gut, eine halbe Stunde bin ich immer noch auf Boding. Mal gucken, was noch passiert. Vielen Dank. Korrektor bis 12 Farben reichen nur die PDs, oder? Brauchst nur PD 8, yes. Mit meinem Command sind es aber 48 Minuten. Ja, ich dachte, das funktioniert. Ne, du hast recht. Well. Auf nichts kann man sich hier verlassen, Sir. Stimmt das? Moment. Wurde es fast gescammt. Ich habe ja gesagt, ihr müsst auch drauf achten. Ich dachte, der Timer macht die... Ja gut, bisher wurden, glaube ich, immer meistens nur 500 Bits gespendet. 1000... Nee, eingestellt ist es schon richtig. Ja. Das heißt, nochmal 24, oder? Also 52. Okay. Jetzt aber. Sir. Jetzt aber, Sir. Aber auch in 52 bin ich noch auf Boding. Naja, wie gesagt, mal schauen. Aber ist ja auch egal. Das mit dem Tod in der Wüste hat mir gerade eben ein bisschen gebrochen, muss ich sagen.
Ich war so motiviert jetzt mit neuem Equipment und dann kriegst du direkt so eine Schelle in die Fresse. Das war jetzt nicht Was für eine das... Verschwendung meines Talents. Oh shit, was ist jetzt passiert mit der Zeit? Verdammt nochmal. Sakuri! Damn, auch nochmal 5 Subs. Da fehlen jetzt auch wieder 37 Minuten. Oh Gott. Was passiert ist... Ja, ich bin zu den... Also ich wollte jetzt... Also vielen Dank, Sakuri, für die Subs. Ich hätte gleich wieder die 37 Minuten, die er wieder gescammt hat. Ich bin in die Wüste mit meinem neuen Equipment und habe gegen 5 Chef Mufferins gekämpft. Das sind die ersten Monster, bei denen man Bloody Items droppen kann. Also beziehungsweise halt die Waffen, aus denen man Diamonds craften kann. Also die quasi für Bloody Crafting relevant sind. Womit gerade sehr viel Geld verdient wird. Dachte, ich könnte jetzt da auch mit einsteigen in dieses Business. Und ja, hab wie gesagt 5 Viecher gekillt und das 6. hat mich gewone-shottet, mehr oder weniger. Also nicht richtig gewone-shottet, aber keine Ahnung, 5000 Schaden oder so. Und ich habe nur 6000 HP. Und das war jetzt ein bisschen demotivierend, muss ich sagen. Also es ist auch nicht mehr so schlimm tatsächlich. Wenn mein Jester stirbt, ist es nicht so schlimm, weil ich habe jetzt Rest of Max. Ich habe auch nur 0,3 verloren. Es geht mir um einfach die Tatsache, dass du realisierst, dass du so schwach bist, dass du nicht mal gegen freaking normale, also einfach nur Monster kämpfen kannst, weißt du? Also ich meine, ich wusste, dass die stärkste und die Wüste war bisher auch nicht cool. Aber ich hatte gerade eben noch 90er-Set bei Chimeradons. Hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und dann geht man mal zu ein bisschen höheren Monstern und du wirst direkt komplett gecrushed. Aber ich weiß, wie viel XP ich habe, aber ich glaube nur so 20%. Also ich stehe auch nicht kurz vor einem Level-Up, leider. Aber ich glaube, das bringt auch nichts. Ich könnte noch mein, also ich könnte mein Set plus 5 machen, beziehungsweise Element plus 6 vielleicht sogar. Wenn ich Blitz plus 6 machen würde, würde noch ein bisschen was bringen. Mein Crew, also was auch brutal ist bei den Mufferins, ist, dass sie noch diesen scheiß Damage over Time Buff haben. Der macht zwar nur Healing Reduction, also Damage over Time und Healing Reduction. Ja, aber ist trotzdem nervig. Die Wüstenmonster, also es ist einfach übelst der Abfuck. Kann man nicht anders sagen. Aber ja, ich müsste dann wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen was upgraden, minimal. Es macht jetzt auch keinen Sinn, nochmal Elemente entfernen und zu den Burner Keys zu gehen. Erstens sind die auch ätzend und zweitens, ja, hätte ich dann auch bei den Chimeradons bleiben können. Ob ich jetzt bei Burner Keys oder Chimeradons bin, ist eigentlich auch egal. Jester halt. Nee, das Problem haben tatsächlich alle Klassen, muss man fairerweise sagen. Das Problem haben, muss man fairerweise sagen, haben alle. Ist auch jedes Mal wieder das Thema, bei jedem FEC oder immer, wenn jemand neu in die Wüste kommt. Immer das gleiche Thema. Die Wüste so ätzend ist. Ist sie auch, ja. Aber man kann nicht viel dagegen tun. Also Zähne zusammenbeißen und durch, mehr oder weniger. Aber ja, also habe ich es jetzt schon gesagt, also ich könnte mir noch den NPC kaufen. Da kriegst du minus 3% PvE-Schaden. Permanent. Ich meine, ich habe eh schon das Haus. Oh Mist, ich habe meine NPCs nicht offline genommen. Nein, gut, egal, ist nur eine Stunde. Aber ich mach's gleich. Wenn ich eh in die Stadt nochmal muss. Da würde ich mir den NPC noch kaufen. Zweimal dann wieder direkt. 3% PvE Reduction. Und I guess Element plus 6. Weil das Entfernen tut er dann auch wieder weh. Hm. Naja. Dann wahrscheinlich lieber Set plus 6, I guess. Das ist vielleicht etwas, worüber man nur noch sagen kann, hol dir einfach Penya Death Cut. Das ist zu teuer. Ich will ja was, eigentlich will ich was Permanentes. Oder nicht permanent, aber möglichst wenig Geld und möglichst viel Wirkung.
Der NPC kostet ziemlich wenig Geld auf die Stunde gerechnet. Viel weniger als ein Dev-Upcut. Viel weniger. Und bringt vielleicht auch ein kleines bisschen weniger, aber dafür ist er auch viel günstiger. Ich könnte NPC machen und Set halt, ja. Ich check halt nicht, warum die S-Product Low noch so teuer sind. Also eine Mio each ist crazy. Das ist ja fast wie ein richtiges Product. Das ist, als würden die Dinger 10 F-Coin kosten oder so. Da können sie auch direkt im Cash-Up verkaufen bei dem Preis. S-Pro Low kostet eine Mio. Ja, so 700 bis 900k, sowas in dem Dreh. Die sind geistesteuer. Paar für 600 gesehen. Okay. Ja, musst du auch erstmal finden. Wie findet man die? Da sind wir wieder beim Search-Shop-Thema. Wie finde ich die? Ich kann ja nicht jeden Shop angucken. Zeit, ja, kostet Zeit. Und die hat man nicht. Oder will man nicht opfern. Aber auch für 300 gesehen? Die hättest du kaufen sollen. Die hättest du easy resellen können. Wenn du nochmal welche für 300 siehst, kauf die mir mal, please. Würde ich dir abkaufen für 10% mehr. Easy Resale für dich. Also für 300k würde ich schon welche kaufen, aber nicht für eine Mio. Das ist geistesgestört. Ich habe vorhin selber eins gedroppt. Das ist ein Random Violet, der war 30 Level unter mir. Eigentlich müsste man doch rumlaufen in Darkon und so. Shoran Suit für 3 Mio fair? Ja. Denke mal. Vorgestern hatte die eine für 150k drin, habe ich komplett leer gekauft für 130 Stück. Ey, du hast so viel Glück, Pragos, gefühlt. Verkaufst dein Rasra-Set für einen 10-fachen Preis. Für das die günstigsten S-Product Low aller Zeiten. Na gut, wobei vorgestern. Da war das noch ein bisschen mehr Geld wert. Aber du bist ziemlich lucky, wenn du mich fragst. Das sind ganz schön viele Glücksgriffe, Sir. Schwipp, schwapp. Was geht? Lunax, danke für den Follow. Dafür bist du auf Buro umso unluckier. Well, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Ich meine, was soll ich sagen? Auf Borodeng liefst du in letzter Zeit absolut nicht gut. Ob wir noch Platz auf FEC haben? Schwierig. Also in der Gilde leider. Gerade. Lief mein Tag bisher? Eigentlich ziemlich gut, bis auf gerade eben. Es war so frustrierend, dass ich jetzt mal kurz auf Borodeng gehen musste. Aber eigentlich ganz okay. Was passiert? Gestorben. Tod. Tod und Verderben.
So. Dann adde ich erstmal diese 37 Minuten hier. Dann sind wir wieder bei 1,42. Passt. Danke nochmal an Sakuri und Forever Iron 4. Genau, und dann, was wollte ich noch machen? Kurzzeitgedächtnis mal wieder on point. Achso, ja, Shakes and Fidget tatsächlich noch kurz. So. Ja, es ist heute ausnahmsweise mal der erste Tag, wo ich recht spät dran bin, so. Machen diese Pet-Housing-NPCs. Da kannst du ein Pet reintun und dann levelt es passiv für dich, ohne dass es dich Pet-Candies kostet. Ich level dich bei SF. Warte. Wieso lebt der Typ eigentlich noch? Was geht eigentlich ab? 681 bin ich gerade. Sind die Pet-NPCs worth? Wie lange brauchen die? Also an für sich sind sie wahrscheinlich schon worth, ja. Aber keine Ahnung. Also Pet-Preise auf dem FEC-Server sind eigentlich ziemlich madig. Also die Pet-Preise auf dem FEC-Server sinken sehr schnell. Da war ich jetzt nie so wirklich drin in dem Pet-Business, muss ich sagen, auf den FEC-Servern. Deswegen kann ich es jetzt nicht wirklich sagen, also nicht mal grob wirklich. Wie lange, wie viel, genau, wie wenig die dann wert sind, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Genau. Ich weiß nur, dass sie wirklich sehr schnell an Wert verlieren. Weil es ja klar ist, weil die Pets nicht übernommen werden. Und die Leute fangen schon 1-2 Monate vor Ende des Servers eigentlich an, ihre Pets zu dumpen. In der Hoffnung, dass sie dann noch ein bisschen Kohle dafür kriegen. Weil die halt zum Ende hin dann wirklich gar nichts mehr wert sind. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es sich lohnt, da wirklich einzusteigen. Also ich meine, wenn man Reroll-Pets züchtet und verkauft, ich meine, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Die kommen nicht mit rüber, ne, die Pets. Also wenn, dann musst du jetzt sofort einsteigen. Jetzt, wo die Leute noch am... Also bei ein paar Pets werden schon gebraucht für PvP. Gibt ja das PvP-Turnier, da werden auf jeden Fall krasse Pets benötigt. Dann gibt es das PvE-Turnier, auch da werden die Leute krasse Pets benötigen. Und natürlich auch fürs Dungeons Farmen wollen die Leute krasse Pets haben. Aber wie gesagt, also, ja. Also wenn, dann musst du eigentlich gleich einsteigen. Also jetzt eigentlich. Schätze ich mal. Also sonst lohnt sich wahrscheinlich nicht. Also so früh wie möglich. Bei sowas muss man immer so früh wie möglich dran sein. Dann kann man eigentlich gar keine... Also Verlust kannst du sowieso nicht machen. Also mit Pet-NPCs kann man auf jeden Fall kein Geld verlieren. Das ist eigentlich unmöglich. Genau. Also Geld verlieren mit Pet-NPCs ist mehr oder weniger unmöglich. Würde ich behaupten. Aber je früher du einsteigst, desto besser. Der Profit ist dann halt höher. Aber was ich halt gesehen habe, also ich wurde auch schon gefragt wegen Pet und so. Und was ich halt gesehen habe, war, dass halt die Pets gerade einfach zu teuer sind. Also wegen Krabbe, cleane Krabbe F. Krabbe kostet 12 Mio und so ein Käse. Also ich meine, das sind 150 F-Coin. Also für ein F-Pet, das ein Crit-Damage gibt. Ja, aber ich glaube, die Krabbe gibt sogar 2 F. Aber egal. Auf jeden Fall ist es crazy. Weiß ich jetzt nicht, ne? Also es ist so früh noch, dass das... Also das... ja, keine Ahnung. Es gibt auch nicht mal einen Pet-Markt. Deswegen... Aber wenn du einsteigen wollen würdest, wäre es halt wirklich jetzt eigentlich. Oder halt so früh wie möglich. Weil man eigentlich noch gar keinen Markt hat. Also wenn du da schon drin bist, dann bevor der Markt überhaupt sich etabliert hat, hat man wohl die Chance, die meiste Kohle direkt zu machen. Das Problem ist halt, du brauchst halt die Pet-NPCs. Das ist nicht das Problem. Die sind verhältnismäßig günstig. Kosten ja nur F-Coin. 140 für 15 Tage, das ist ja wenig.
Aber du brauchst halt auch die Pets. Und die kosten, wie gesagt, gerade noch momentan, gerade noch sehr viel leider. So, schnell die Dailies abholen. Danke für die Info, Sir. Ey, no problem. Aber sowas ist auch immer ein bisschen Gambling, darf man nicht vergessen. Also, no financial advice. Keine Anlageberatung. Keine Anlageberatung. Was geht ab, Bomber? Hat die Serverwartung heute was gebracht? Nö. Es war Serverwartung und ein paar Stunden später direkt wieder Server-Lags und dann nochmal Neustart. Also heute waren sogar 2 Serverwartungen. Naja, eine Serverwartung und ein Server-Neustart. Aber nö, das hat gar nichts gebracht. Direkt danach nochmal neu starten müssen. Probleme ist immer noch gefunden. Schreiben kann ich auch nicht. Wieso? Hast doch geschrieben. Ich check's nicht. Oh, jetzt da. Kannst du bitte sagen, was genau das Housing ist, welche NPCs man kaufen kann? Kaufen muss, ich check das immer noch nicht, wenn du es bestimmt, zeig ich mal, erklärt hast. Naja, also du brauchst ein Haus, das ist, denke ich, klar, oder? Am besten für 100 Millionen Penya kaufen. 1600 F-Coin wird es im Cash-Up kosten, aber 100 Mio ist mittlerweile ja schon auf jeden Fall weniger als 1600 F-Coin. Also jetzt gerade ist es so oder so ziemlich teuer. Ich habe es mir trotzdem schon gekauft. Vielleicht werde ich das irgendwann bereuen, aber ich glaube nicht. Welche NPCs man kaufen muss? Also ich finde persönlich, also ich weiß sie sogar mittlerweile auswendig tatsächlich. Misun, Casanova, Misun, Casanova, Themas, und Hatter. Das sind so die 4. Und dann gibt es noch einen mit PvE Reduction. Den hole ich mir jetzt wahrscheinlich auch noch. Da weiß ich auch tatsächlich nicht auswendig, wie er heißt. Alice. Alice. Genau. Also das sind so die 5. Alle anderen finde ich eigentlich absolut Trash. Gibt eh nicht sehr viel mehr. Es gibt noch 3 oder 4 andere, die sind eigentlich alle Trash. Genau. Also das ist quasi mehr XP, mehr Drop, weniger Schaden kriegen, mehr Schaden machen und Geschwindigkeit. Also so ziemlich allgemeine Stats, die eigentlich jeder mit jeder Klasse braucht, mehr oder weniger. Und das sind so die Basics. Es ist halt immer nur so 3-5%. Aber macht halt schon Unterschiede, weil 3% PvE-Schaden nochmal, das ist schon nicht wenig. Vor allem permanent. Und das Geilste an der ganzen Geschichte ist halt, und das ist eigentlich das Wichtigste, die Kosten sind ziemlich gering. 15 Tage kosten 140 F-Coin, was ja eh schon, also 140 F-Coin pro NPC ist ja eh schon nicht viel. Und die laufen nur ab, wenn sie auch aufgestellt sind. Und du kannst sie einfach abbauen. Dann könntest du theoretisch 3 Wochen offline gehen, dann ist du immer noch die ganze Restzeit übrig. Das ist halt anders als die FEC-Flask, anders als die Party-Scrolls, wobei die sowieso auch viel teurer sind. Fairerweise bringen die auch ein bisschen mehr, aber sind ja auch ultra teuer. Laufen diese NPCs nur, wenn du sie auch tatsächlich aufstellst. Also wenn man da ein bisschen dran denkt und die immer wieder abbaut, sozusagen, dann kosten die auch nichts. Die kosten dich nur was, wenn du sie auch aktiv aufstellst. Und dafür ist es schon so eine geile kleine Spritze. Bisschen mehr XP, bisschen mehr Drops, bisschen mehr Speed, alles einfach. Meinst du, sowas wie Crit-Rate, Magiebeschleunigung und so ist leider nicht dabei? Das wäre natürlich auch noch cool, wenn es sowas noch gäbe, so wertespezifisch, aber so kleinteilig sind die NPCs leider nicht. Die geben nur recht allgemeine Stats. Aber da zahlst du halt einmalig für alle NPCs für 15 Tage 900 F-Coin oder so, für 5 Stück. Und dann laufen die halt höchstwahrscheinlich über einen Monat oder so. Das ist also eigentlich das günstigste Power-Up, was es gibt momentan. Und über die Laufzeit gerechnet bringt es dann wahrscheinlich mehr als alles andere gefühlt. Und ist vor allem halt auch wesentlich günstiger als alles andere. $100 Mio Penny und alle 14 Tage ein PC neu kaufen.
15 Tage und nee. Wie gesagt, du musst nur dran denken, vorm Offline gehen, NPCs abbauen. Genauso wie es ich gerade nicht gemacht habe. Ich bin gerade offline und habe sie nicht abgebaut. Gut, du musst immer nach Flares, das ist ziemlich nervig. Ich war halt gerade in der Darkon 3 Wüste. Aber man ist ja meistens eh beim On- und Off-Gehen in der Stadt und macht einen Shop oder irgendwie sowas. Und da muss man halt einfach dran denken, kurz nach Flares und NPCs abbauen. Wenn ich in einer Party AFK liege, klaue ich dann im Healer XP? Nö. Nope. Wenn die Party auf Schaden ist, nicht. Wenn die Party auf Schaden ist, dann nicht. Nur wenn die Party auf Level wäre, wäre das schlecht. Ende des Tages, wenn man aufgeht mit dem ganzen Penny, was man hat, A-Product kaufen. Ja, das machen, glaube ich, die meisten A-Products. Ich auch. Bald. Soon. Very soon. Ich habe gerade einer verkauft 100 für 4.1. Tja, der hat wahrscheinlich reingelackt. Oder ist ein Reseller. Element Stone bringt für Blade doch auch was, oder? Ja. Yeah. Das ist nicht nur für Skills. Nee, das ist nur für Auto-Attacks sogar. Element Stones sind nur für Auto-Attacks. Funktioniert mit Skills gar nicht. Zumindest nicht bei Elementor. Wenn es bei Elementor nicht gibt, muss es bei Cam gehen. Geht Elle auf Waffe plus 4 ist 10%. 100%, yes. Kann ich Bloodthirst die Irene-Jojo auf mein His-Jojo packen als Skin? Wenn ja, wie funktioniert das? Kannst du, aber dann kannst du dein His-Jojo nicht mehr traden. Also ich würde es nicht machen, wenn ich du wäre. Dein His-Jojo wird dein Account gebunden. Wie es geht, du gehst zur Garderobe, du gehst nach Nordflares, zu Ruby, der Friseurin, kaufst diese blaue Schriftrolle, zerstörst damit das Bloody Iron Jojo, Bloodthirsty Iron Jojo. Und dann gehst du in die Garderobe und skinnst das Jojo auf dein His-Jojo. Aber dann ist das Account gebunden und um das wieder rückgängig zu machen, musst du 200 F-Coin zahlen, aka Scroll of Appearance Recovery kaufen. Und dann könntest du es erst wieder traden. Das heißt, minus 200 F-Coin, basically. Dann kannst du das His-Jojo wahrscheinlich auch behalten. Weil es ja gerade mal noch 200 F-Coin wert ist, wahrscheinlich. Also, ich würde das nicht machen, wenn ich du wäre. Den Skin kannst du nur einmal benutzen? Nee, den Skin kannst du dann unendlich oft benutzen. Skins in Flight Universe sind unlimited, die kann man unendlich oft benutzen. Das Wichtigste fast vergessen. Knuckle, Bomber. Ich glaube, Waxstad meinte irgendwas im 70 Mio-Bereich oder so. Wenn man Main-Char durch Moonbeam Assist bis wenigstens 60 ziehen lassen, da ich dann ein Party auf Level machen müsste, wäre effizient. Oder sagst du, Schaden ist immer besser? Party auf Schaden grundsätzlich immer, ja. Eigentlich schon.
Ist Knuckle so überteuert? Hier sind ein paar für 120 bis 150. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, was bei Bill Poster los ist. Bill Poster scheint mir irgendwie die most overpriced Klasse im Game zu sein gerade. Ist die Investition für Penny an A-Projekt besser als in Red Flask? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es ungefähr gleich. Vermutlich ziemlich gleich. Absoluter Bullshit, da spielt man es einmal und dann sowas. BP so teuer, weil ich dieses Mal spiele. True. Ja, das ist ärgerlich. Also eigentlich ist BP keine sehr teure Klasse. Also zumindest nicht so teuer. Wieso muss ich die NPCs aus meinem Haus dann deaktivieren? Weil sie da nicht ablaufen. Du kannst sie auch nicht aktivieren. Achso, nee, wie du sie deaktivierst. Oh. Alle Gegenstände entfernen am besten. Sorry. Hab nicht richtig gelesen. Und du kannst mit den NPCs auch eine Vorlage erstellen. Wenn du alle NPCs aufstellst, mach das am besten mal. Dann kannst du eine Vorlage erstellen und dann kannst du alle mit 2 Klicks aufstellen. Da musst du nicht alle einzeln aufstellen. Und dann mit alle Gegenstände entfernen, kannst du sie alle auf einmal deaktivieren. Man muss nur aufpassen, wenn man auch Pet-NPCs aktiv hat, dann sollte man das nicht machen. Mit dem alle entfernen. Weil der Pet-NPC, der würde dann resettet werden, das wäre schlecht. Wenn du Pet-NPCs und Buff-NPCs hast. Ist Knuckle scheinbar genauso teuer wie AG Knuckle? Naja gut, His, Jojo und... Ja gut, ich meine, AG-Waffen sind deutlich uns... Also, das ist aber gar nicht so verkehrt tatsächlich, die Rechnung. Also His Knuckle... His Jojo ist auch fast genauso teuer wie AG Jojo. Da kommt es halt wieder auf Angebot und Nachfrage an. Im His-Bereich sind ja 10-mal so viele Leute wie im AG-Bereich. Und AG ist auch irgendwie viel unseltener. Das macht tatsächlich wieder halbwegs Sinn sogar. Scheiße, noch 40 Sekunden Buff. Uff. Warum macht ihr denn so wenig Damage? Was ist denn mit der Alten? Wie viel ist der Dex plus 7 wert? Ich hab ihn vorhin für ein A-Projekt verkauft. Also knapp 5 Mio. Ja, so 4 Mio ungefähr. Max 5. Am teuersten dürfte Inti Red plus 7 und Inteli plus 7 und Demol plus 7 sein. Warum sollte man sich für sein Penya A-Projects kaufen? Inflation? Ja. Oder um sich später selbst zu benutzen.
Also mein Ziel wäre tatsächlich Schmuck plus 20 craften und gegen Ultimate Schmuck eintauschen. Also ich würde sie tatsächlich für mich wollen. Das mit der Inflation wäre für mich tatsächlich irrelevant. Ich würde tatsächlich craften. Ich würde es nicht euch empfehlen, aber kann man definitiv machen. Erste Verlosung ist ausverkauft. Oh, können wir gleich machen. Ja, wobei, oder machen wir lieber beide zusammen. Wenn ich einmal das Glücksrad auf habe, dann ist es besser. Wie viele sind beim anderen noch übrig? Können ja auch nicht mehr viele sein, oder? Können eigentlich auch nicht mehr viele sein. Carrier Bomb warnt irgendwas wert? Ich fürchte nicht, ne. Beim anderen sind noch 6. Ey. Ausrufezeichen Store, Leute. Turtle Beach Giveaway. Fast ausverkauft. Letzten Tickets. Chance auf Headset. Chance auf ein gratis Headset. Speziell für unseren Sabaton-Stream. Von den Boys von Turtle Beach. Boys and Girls von Turtle Beach. Gesponsert. Ich glaube, ich lade einfach als Ranger bis 120 mit der NPC-Waffe. Ja gut, Hit and Run ist es gar nicht so schlecht. Als Hit and Run Ranger brauchst du ja immer nur eine Waffe mit Flame Arrow Damage. Das ist 10 Minuten Stream oder Headset? Bruh. Für wie viel kann ich in Dexion plus 1 verkaufen? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber wahrscheinlich so 10 bis 20. Irgendwo zwischen 10 und 20 wird er liegen. Auch das habe ich nicht. 100 Bögen schon gedroppt, 0 mal Flame Arrow. Wieso hast du nichts gesagt? Ich habe die ganze Zeit gefragt nach Flame Arrow. Ich meine, ich hatte zwar nur so 7% und so teilweise, aber trotzdem. 10 Mio im Shop. Oh, damn. Ja, ich werde dann meinen Shop auch demnächst nochmal schließen und neu aufmachen und ein bisschen runtergehen mit dem Preis. Aber die Leute warten wahrscheinlich schon fast auf den Reset. Wenn neue Ware auf den Markt kommt. Weil du heute nicht da warst, Bomber. Das war gestern tatsächlich, aber egal. I'm sorry. Wie lange wird es bis zum nächsten Giveaway dauern? Ist das noch unklar. Muss überlegen, wie ich mit den Punkten haushalte. Das nächste Giveaway, Knack G, wird wahrscheinlich ein paar Monate dauern, Sir. Also ich denke spätestens zu meinem Geburtstag. Anfang September wäre das. Spätestens, Sir. Das letzte Giveaway war, glaube ich, an Weihnachten. Ja, so 3-mal im Jahr wird es so ein Turtle Beach Giveaway circa geben. Circa. Läuft auf FEC? Gut, bis ich auf den Chef Muffrin getroffen bin, der mich geköpft hat. Sponsern die mich richtig oder für Produkte für Giveaways? Du meinst, ob sie mich bezahlen? Direkt? Nein. Aber ich bin schon in einer höheren Stufe als bei den meisten anderen Sachen bisher. Sie haben mir meine komplette Hardware neu gegeben. Also die Maus, Tastatur und... Also ich habe 2 Mäuse, eine Tastatur und 3 Headsets von ihnen gratis bekommen. Das sind sehr viele Euronen. Und dann sponsern sie hier alle paar Monate Giveaways für euch, wo ich ja auch keinen Cent für zahlen muss. Das ist schon ziemlich crazy. Also das ist auf jeden Fall deutlich mehr als nur hier... Das ist auf jeden Fall deutlich mehr als einfach nur hier einen Affiliate-Code zu promoten.
Aber es ist noch nicht so weit, dass sie mich direkt bezahlen, nur dass ich ihren Namen erwähne. Nee, das leider auch nicht. Aber das ist schon ziemlich gut. Ist schon ziemlich gut so, wie es ist. Wofür brauche ich denn 3 Headsets? Ja, brauche ich nicht, aber haben ist besser als brauchen, Sir. Haben ist besser als brauchen, Sir. Ja, immer wenn sie neues Product releasen, schicken sie es mir eigentlich gratis, theoretisch. Also außer es ist etwas, was ich halt nicht benutze. Also ich bin halt ein PC-MMO-Spieler. Die machen auch so Fighting-Sticks für Konsolen oder Controller. Ich meine, dann könnte ich theoretisch auch sagen, dass ich es will, aber dann würden die jetzt sagen, ja gut, aber du solltest es halt schon auch benutzen und ich benutze nie einen Controller. Dann müsste ich halt anfangen, irgendein Game zu zocken, wo ich einen Controller brauche. Und das dann auch immer wieder erwähnen. Was ich so ja nie machen würde, deswegen... Du benutzt eine Tastatur für eventuelles Zocken zukünftig, Knack. Kaufen Sie sich erstmal einen PC, Sir. Silos tut noch was wert? Silos ist leider wenig wert, ne? Maximale Mio, habe ich gehört, Gespenst. Maximale Mille. Was sind 9er Vigors und 12er Demois wert? Keine Ahnung. Der PC ist dann schnell gekauft. Ach so, ist... Also wenn du hier eine Tastatur gewinnst, kaufst du dir instant einen neuen PC. Bruh. Ich glaube, der PC ist eigentlich das Problem für die meisten Leute. Nicht die Tastatur. Also jetzt rein finanziell gesehen. This guy, man. Dieser verdammte Knack G. Der ist doch verrückt. Kauft sich eher einen PC als eine Tastatur. Eieiei. Naja, PC steht schon bereit, aber ohne Tastatur nicht usable. Mir fehlt das Eingabegerät. Naja, aber ich werde wahrscheinlich, werde mich wahrscheinlich während meinem Urlaub auch noch um einen neuen PC bemühen. Da war das Geld dann alle. Werden aktuell Collies plus 5 verkauft? Weiß ich nicht. Vermutlich eher nicht. Tower Dice sind viel zu wertvoll. Denke ich. Macht Turtle Beach keine PCs? Nee, die machen nur die Hardware. Die Peripheriegeräte nennt man das. Computer-Peripheriegeräte, Sir. Oder generell Gaming-Peripherie. PCs machen sie nicht, ne? Leider nicht. Das wäre natürlich Bombe, ne? Einfach neuen PC gratis geschenkt. Das wäre natürlich... Hallo, Motiko. Leider nicht, ne? Gab's heute Lex zwar auf Arbeit? Yeah. Einmal Serverwartung und dann nochmal Server-Neustart, weil es immer noch geleckt hat. Oder wieder. Das ist doch ein Sponsoring von Nvidia. Na gut, die würden mir ja nur eine Grafikkarte schenken. Wenn überhaupt dann. Ah. Na, die sind abgehoben. Also ich weiß von Intel... Intel macht nur Sponsorings mit Leuten, die, weiß ich zufällig sicher, aus sicherer Quelle. 300 Zuschauer brauchst du da. Also immer. Durchschnittliche Zuschauer von 300. Dann kannst du von Intel gesponsert werden. Die verlangen zu viel. Die sind zu abgehoben. Für mich. Dreckige Hater. Wo kaufen wir nochmal den Hochzeitsring? Cashshop oder beim Cupid in Flaris? Bei dir fängt es schon wieder an, Bolt. Oh oh. Da kommen wir zurück zum Plan mit dem Altersheim. Echt so. Same? Och nö. Aber wieso? Es ist fast 23 Uhr an einem Montag.
Müsste die gefährliche Zeit wäre jetzt fast vorbei eigentlich. Spätestens in 2 Stunden müsste die gefährliche Zeit eigentlich komplett vorbei sein. Einfach 8 Charttage bei Twitch machen, dann hast du die User. 130er Ping. No. No. Don't do us like that, FWC. Bis welche Stufe konnte man Collies nochmal sicher upgraden? Collies können nicht kaputt gehen. Collector kann nicht kaputt gehen. Wenn fehlschlägt bei Collector, passiert einfach gar nichts. Ist halt einfach nur dein Power Dice weg. Und du musst es nochmal probieren. Haben entspannte 70. Ja, schiebt man noch keine Panik. Please. Vielleicht beruhigt sich ja wieder. Vielleicht sind das nur kurze Spikes. Kurze Lag-Spikes. Collector geht nur bis 5, ja. Und verbessert auch nur die einsame Geschwindigkeit, nicht die Menge. Die Menge ist immer beim Ultra Collector immer 100. Pro Catcher. Jetzt rein in FEC. Uff, hell no. Ich müsste noch in Tower tatsächlich, aber gut, man hat ja noch ein paar Stunden. Also ich müsste allein schon deswegen in Tower, weil ich schon wieder 105 bin. Ich bin kurz vorm nächsten Tower Reset. Ich stehe kurz vorm nächsten Tower Reset. Oh. Verzeihung. Verzeihen Sie bitte. Ich kann es nicht beurteilen, Sensefaf. Ich eile, um zu euch zurückzukehren. Es sind aber die dritten Tower Dailies schon zur Hälfte durch, also danach noch eine Runde und dann bin ich eh fertig. Wie lange trägt man das Dazed-Set? Bis 105. Dann wartet ein richtig schön teures Haganes oder Harness-Set auf dich. Das nochmal so richtig schön viel Geld kostet. Und 2 richtig geil teure AG-Waffen. Ist Blade nicht einfach nur schmackotastisch? Darfst die ganze Zeit so viel Geld ausgeben, du Glücklicher. Lieber Comet bis Harness? Er hat schon Dazed. Motivation kann er. Aber was du mit Grand Body Towers, ist ja doch Max Level oder sehe ich gerade was? Du siehst es. Ich erinnere dich in 3 Minuten nochmal daran, JG. Oh boy, JG, du wirst dir in 3 Minuten so dumm vorkommen. No front, aber oh boy, du wirst diese Frage so bereuen, JG. Oh, JG. Oh, JG. Boy, oh boy, oh boy, oh boy. Boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh, JG. Ins Wespennest gestochen. Roland ist aktuell sehr teuer, Gespenst. Unbezahlbar. Hey, Gowns und Boots von Rohren kosten wahrscheinlich zusammen 2000 F-Coin oder so. 1000 bis 3000, aber wahrscheinlich 2000. Dann Cruiser, I guess. Yeah. Jesus. Wie kommt man auf das Heiratsmenü? Nicht, ich weiß, wie man mit Y sage. Komma. Die Taste neben M. Was ich aber AG-Waffensockel? Nee. Ich würde sagen, die Waffensockel-Karten sind einfach zu teuer. Und die sind auch voll schlecht. Also, alles unter B-Karten ist sau schlecht und ich glaube, es gibt nicht mal, also effektiv gibt es ja nur die B- und C-Karten sind die einzigen, die du wirklich gerade bekommst, ohne arm zu werden.
So, mein lieber JG. Ich hoffe, du bist bereit. Waffensockel auch bei plus 200%? Nope. Nur bei Zweihandwaffen, bei Einhandwaffen nicht. Schau. JG. 320.000 Penny erhalten, 1,7 Millionen Penny erhalten, 360.000 Penny erhalten, 2 Millionen Penny erhalten, ergibt 4,4 Millionen Penny. Sir. Noch Fragen? 4.4 Million Pinatas. Just like that. It's a free money, sir. It's a free money, sir. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin, Sir. This is FWC? No. I'll be right back on FWC. It's just a quick break. I'm just doing a quick daily break on the original servers. I'll be right back. Terminator-Styler. I'll be back. Get in the chopper. Get in the chopper. Get in the chopper. Mal kurz die Mineralien für Feuer appen, please. Eron und Guru fürs Feuer. Eron und Guru. Ganze Zeit mit dem 5. Flame Arrow Bow gelevelt, um eine Feuer drauf zu machen. Ui. Da habe ich auch sehengebundene G-Pros auf Guru. Habe ich nie. Nö. Lol. Gore plus 7 gedroppt. We take those.
So. Letzte Runde. Das ist in der Regel auch die kürzeste. Neue Nachricht erhalten. Übrigens, das hier kann ich euch noch zeigen. Auf FEC. Also zwecks der Couple-Punkte. Guckt mal her. Ihr kriegt immer diese Couple Anniversary Gifts geschenkt. Und das sind, irgendwann kriegt man einfach nur noch 10 Punkte. Aber da kriegt man auch immer wieder Punkte. Ich habe jetzt hier 106 Punkte, Couple Level 7. Und jetzt habe ich 116. Also, falls dann irgendwann mal die Punkte ausgehen, muss man nicht zwingend das Couple löschen. Und falls man zu hohes Level hat und kaum noch XP bekommt, man kann auch theoretisch einfach auf diese Dinger warten. Aber ich schätze mal, wenn man das sehr aktiv nutzt, das Couple-Ding, dann würde man wohl schon irgendwann das Couple löschen und ein neues machen. Aber man sollte auf jeden Fall probieren, dass man irgendwie bis Tag 100 überlebt mit den Punkten. Deswegen halt eigentlich auch nur den Drop-Scale benutzen und möglichst halt auch nicht verschwenden. Also jetzt nicht bei jedem Giant benutzen. Ich würde halt sagen, eigentlich nur für Bossmonster ist das gut. Für jeden Giant oder für generelle Giants würde ich, glaube ich, sagen, ist verschwendet. Weil die Droprate von Giants ist eh ultra madig. Ich denke, das lohnt sich wirklich nur für Bossmonster. Und ab Tag 100, also 100 Tage Anniversary, kriegt man 100 Punkte geschenkt. Ich glaube, es war Tag 100, aber ich bin mir ziemlich sicher. 100 Punkte. Das ist halt ziemlich fetzig. 100 Punkte ist schon sehr viel. Danach kann man dann theoretisch das Couple löschen, nachdem man diese 100 Punkte verschleudert hat. Weil dann gibt es immer nur noch 10. Alle 7 oder 15 Tage. Oder nicht, ich glaube alle 10 Tage sogar. Ja, dann ist es nicht mehr so krass. Aber man sollte gucken, dass das Couple irgendwie 100 Tage überlebt. Also so knapp 3 Monate, ein bisschen drüber. Genau. Ja. Aber letztendlich so heftig ist es auch nicht. Es sind halt wirklich nur diese 5% Droprate. Also ich meine, so krass ist es ja eigentlich eh nicht. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, was mit dem Ring passiert. Aber ich glaube, der Ring ist dann für immer lost. Also ich glaube, man braucht dann, wenn man das abbricht, also correct me if I'm wrong, aber ich fürchte, man braucht dann jedes Mal einen neuen Ring. Ich denke nicht, dass man den wieder bekommt. Aber weiß ich nicht, also. Habe ich noch nie gemacht, Couple abgebrochen. Aber ich denke, der Ring ist weg. Joghurt, was sind Mushpoi Branches wert? Keine Ahnung, das ist ein Skin. 500k bis 5 Millionen Penya, irgendwo in dem Bereich. Wenn überhaupt. Ich weiß nicht, Skins sind, glaube ich, gerade einfach noch nicht wirklich interessant für die meisten Leute, weil alles noch so hektisch und wild ist. Mit Wertverlust, F-Coin-Preisen und so weiter. Ich glaube, für Skins interessieren sich die meisten einfach noch gar nicht. So früh sind wir noch. Wir sind noch so früh, dass einfach Skins schon noch keine wirkliche Rolle spielen. Oh, lauf! Habe ich AG Jojo? Yeah.
Lassen sich extra auf FEC verkaufen? Ich glaube nicht, ne. Habe ich noch von keinem gehört. Und die sind so unfassbar unselten, Ex. Glaube nicht. Wenn man wirklich welche haben will, macht man kurz Begleiter im Sammelfilter an, levelt eine Stunde und hat 20 Stück gefühlt. Glaub nicht. Oder man fliegt einfach bei anderen Leuten rum, weil niemand hebt sie auf. Müsste sich einfach nur irgendwo hinstellen, wo Leute aktiv leveln. Wir müssen ein ganzes Inventar voll machen, wahrscheinlich 20 Minuten. Bei Klarfahren. Stelle ich bei Klarfahren mit einem Sammelpad mit Begleiter hin? Nee, die können einfach nichts wert sein. Abgesehen davon interessieren sich, glaube ich, auch viele Leute auch noch nicht für Pets. Also eine Krabbe wäre schon nicht schlecht, mal früher oder später zu haben. Eher früher als später, I guess, aber kein Bock für eine kleine Krabbe 12 Mio zu zahlen. Handelt hier jemand mit Pets? Eher nicht wahrscheinlich. Level meine gerade, sag Bescheid. Ich habe eins für 90 Mio zu verkaufen. 1 Krabbe. 1 Egg. 1 was? 1 Sammelpad. Ja, brauchst ein bisschen mehr Info. Warum kostet das 90 Mille? Ist ja ganz schön teuer, Sir. Musst du schon ein bisschen Infos rausrücken. Jetzt hört sich das ziemlich scamisch an. Für euch 85. Okay, Mr. Scammer. So, Dark Guardian ist... Ach so, ein Sammelpad. Ich bin lost. 10 Stunden Flive schon wieder am Stück. Mein Brain is cooked. Mein Brain is cooked. Aber Dark Guardian Easter Bunny ist ein cooles CS-Pad, finde ich. Also, wenn man sich schon ein CS-Pad kauft, dann definitiv so eins. Definitely. Ja, der Chat morgen 100, überlegt euch. Das war keine Aufforderung, das dir abzukaufen, Sir. Banana Hero CS-Pad ist immer noch besser. Das ist echt hässlich. Das ist Banana Hero. Du hast einfach keinen Geschmack. Bold. Das ist einfach der freaking... Das Dark Guard. Du bist ein Hater. Das ist ein klassisches... Magiker-Anime-Begleitertier. Von einem Magical Schoolgirl ist das der Begleiter. Typical Anime Character. Passt da wieder gut in Flive. Ja. Bei den ganzen Weeps. Da hast du recht. Lässt sich gut an Weeps verkaufen. Wo kriegt man nochmal diese Pickaxe her? Chrome?
Kommt automatisch, wenn du die Quest abschließt. 50 Monster töten, 60 Minuten online. Aber was, 30 Minuten online? Ja, 30 Minuten online. 50 Monster und 30 Minuten online. My bad. Oh, Android Login Event, by the way, nicht vergessen. Das muss ich tatsächlich auch noch machen. Checkt mal nachher ab, ob ihr alle eure Daily-Aufgaben erledigt habt. Reset ist zwar erst in knapp 3 Stunden, aber trotzdem. Geht dann mal Taste U am besten einmal durch. Android Box Event habe ich auch noch nicht abgeholt, glaube ich. Spielzeit, Battle Pass. Einfach mal die ganzen Dailies durchgehen. Der gute alte Daily Reminder. Tower Dailies, Clockwalks oder so. Mal alles durchgehen. Keine Gratis-Items auf der Straße liegen lassen. So reich ist hier keiner. Das können wir uns nicht leisten. Als Geringverdiener. Als Geringverdiener können wir uns das nicht leisten. Nur Server-Time auch CW-Reset? Ja. Du kannst um 0 Uhr direkt wieder rein, auf Mittel aber nur, glaube ich. Daily Reminder, einen Google-Account zu erstellen und der Fluffy Universe App einen Stern zu geben. Ja, diese App ist so schlecht. Dafür haben die Jahre gebraucht, um diese App zu releasen. Das ist crazy. Hab bei der App einen Black Screen. Nochmal neu installieren vielleicht. Ist schon mal neu installiert. Noch nicht, okay. So auf mein Handy. Das liegt drüben. So. Sodele. Wieder mal erfolgreich durch den Tower gemetzelt. Für ein paar Millions und Billions in Cryptocurrency. Also ich kann mich überhaupt nicht in der App einloggen. Wieso? Nicht? Also abgesehen davon, dass ich mich mehrfach neu anmelden musste, hat es bei mir grundsätzlich schon funktioniert. Also ich habe es heute noch nicht probiert. Für heute kann ich noch nicht sprechen. Wenn ich mich einloggen lässt, ist immer und danach gibt es einen Server-Error. Ah ja, um 0 Uhr gibt es dann, glaube ich, Amplis. Also heute gibt es Death Up Customs und morgen gibt es Amplis, glaube ich. Mach ich gleich Tower Days auf FEC? Hatte ich vor, ja. Aber nicht, ich weiß nicht, ob ich es direkt mache. Mal schauen. Aber ich muss es auf jeden Fall noch machen. So, bin überlegen, deine Mod zu kaufen. So, bist du das? Na, sieh an, sieh an, sieh an, sieh an. So wendet sich das Blatt, mein lieber Freund. Und plötzlich bin ich hier in der Geberposition. Gut. Dann war es das auch schon wieder mit Borodeng. In 45 Minuten könnte ich nochmal Borodeng.
In 45 Minuten könnte ich schon wieder zurückkehren. Spielt denselben Song nochmal. Okay. Ah, jetzt werde ich wieder an meine Schande erinnert, dass ich hier gerade gestorben bin. Ich muss auf jeden Fall was ändern. Oh, ich habe 300 Mille. Es wurde was verkauft. 300 Mille, Baby, let's go. Baby, let's go. Oh, tschüss. So much money, so wenig time. Okay. Achso, ich wollte mich ja in der App anmelden. Was mache ich denn überhaupt? Na, schau doch mal hier. Hallo, ich bin Infopeng. Halt die Fresse, Alter. Wirklich. Ja. Um 0 Uhr gibt es 2 Amplis. Geilomatico. Geil. Geilomatico. Und dann gibt es in 27 Stunden gibt es dann quasi das Piocco. Endlich. Endlich Premium-Fluggerät für 2 Wochen. Oh, da muss ich nicht mehr überall hinlaufen wie so ein Larry. Habe ich mich gerade mit dem Handy angemeldet. Das habe ich und es hat einwandfrei funktioniert. Also ich weiß nicht, was ihr habt. Bei mir funktioniert's. Also bei mir geht es einwandprächtig. Also ich meine, die App ist trotzdem scheiße, aber... Also okay, was willst du jetzt von mir? Hallo? Ich verstehe nicht, warum ich 98 Mal bestätigen muss. Möchte ich jetzt wirklich die Verbindung trennen? Ja. Bro. Ja. Android Attendance Box. Oh, fuck off, man. Scott of Sprint. Gefühlt das Schlechteste. Was bringt das? Da läuft ein Einlog-Event, wo du Amplis und so einen Scheiß bekommst. Sag mal, das predige ich jedoch jeden Tag. Sir. Schau auf Taste U. Laufen gerade richtig viele Sachen. Da läuft hier dieses Event Android Box. Level erreichen. Android Level erreichen gibt es auch noch, wenn du einen neuen Account erstellt hast. Android Attendance gibt's. Das geht nur am Handy. Sir? Du hast nur ein iPhone. Achso, ja gut. Mit iPhone geht's natürlich nicht. Das ist blöd. Also checkt nochmal alle eure Dailies. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Taste U, Taste V. Einfach mal überall durchklicken. Dass ihr nichts vergesst. Holt's euch ob, solange es noch heiß ist. Vielleicht zum ersten Mal. Tja, Sir, dann waren sie wohl nicht oft genug hier, Sir. Immer wenn ich es mache, spätestens dann erwähne ich's. So wie jetzt gerade. Jetzt habe ich mich selber gerade durchgeklickt und eingeloggt und whatever. Ja, scheiß drauf. Dann gehe ich jetzt nochmal in die Stadt. Es hilft nicht. Noch ein paar Drops geiern, I guess. Oh, hier würde ich jetzt eh nicht leveln wollen. Na gut, den Catcher, da kann ich vielleicht noch mitnehmen. Verkauft denn jemand von euch? Oh shit. Verkauft denn jemand von euch? Also App laden, einloggen mehr nicht. Yeah. Das kannst du auf jedem Account machen. Verkauft jemand von euch S-Product Low. Zu einem humanen Preis. Sirs. Niemand? Keine Violet Farmers in der Chat? Ich will per Shops jetzt Pro für 1 Mio verkaufen. Genau das will ich nicht, das ist nicht human. Also ich will es jetzt nicht geschenkt haben, aber 1 Mio will ich jetzt auch nicht zahlen. Wäre uncool für 1 Mio.
das ist nicht das, was ich unter human verstehe. Eine Mio ist geistesgestört. Das sind halt literally über 10 F-Coin. Das ist halt geisteskrank. Ja, ich brauche eh nicht viele Pagos. Also ich habe 17 Power, da ist 4. Also bräuchte ich auch maximal 16 S-Pro Glow. Sowas. Also echt nicht viel. So. Low Scrolls sind Low Scrolls sind Sets rar wie Dateiarchive. Check ich nicht. Oh, stets rar wie Dateiarchive. Oh. Und verkauft zufällig jemand 3000 F-Coin? Ich brauche die Mets wieder. Hätte eine Frage, kann man Jojo spielen in Flash Universe oder ist gar nicht klar? Es geht klar. Ich spiele es selber und es geht. Noch. Bin noch nicht an den Punkt angekommen, wo es nicht mehr geht. Wieso geht denn mein Screenshot-Programm nicht, Mann? Öffne dich doch einfach, du. Ach, grrr. Mein S-Pro Glow für 950k wurde zum Beispiel auch nicht gekauft, aber gut, das steht auch an der falschen Stelle, der Shop. Ich glaube, ich habe jetzt schon welche, oder? Warte mal kurz. Also ich mache jetzt meinen Shop mal neu auf, der steht jetzt hier auch schon weit über eine Stunde. Hat auch gar nicht so viel verkauft. Ah, die 4G-Accounts wurden aber... Ja, nee, die wurden nicht gekauft, ne, Mann. Also jemand wollte die Tidra, ich weiß nicht mehr, wer das war. Tidra für 12. Falls du noch da bist, falls du noch zuschaust. Jetzt wäre sie für 12 im Shop. Blessing of the Demon für 500k wurde nicht gekauft. Shockers. Shockers. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ach, die Boots frisst jetzt doch der NPC, glaube ich. Ja, wobei. Okay, das war das, was ich vorher im Shop hatte. Mhm. Ist das gottlos teuer, Bolt? Also vorher war mein Shop noch teurer und ich habe einige Sachen verkauft. Also so teuer kann es nicht sein. Ach, du bist das Pragus. Oh, ich dachte, du hast sie mir zugeschickt. Also mir wurden auf jeden Fall welche zugeschickt. Du meinst die ganz immer noch für 500 F-Coin Greacher? Ah. Kann ich noch alle Rewards bekommen oder hätte ich von Tag 1 einloggen müssen übers Handy? Ich bin mir ziemlich sicher, hättest du von Tag 1 einloggen müssen. Ich schicke ihnen 750k. Das sind halt 15 Millionen Penya, Alter. 15. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus Christ. 15 Mille für 20 fucking S-Product Low. Das ist... What the fuck is happening? Ich bin im falschen Film, glaube ich. Das ist halt...
Ach, Manfa. Ey, Alter, ich hasse diese Scheiße. Warum existiert dieser Ort? Verdammt nochmal. Auf einem Server, wo man nur Portbugs hat. Ah. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wo gehe ich überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache, by the way. Ich muss erstmal von Channel 1 weggehen. Das ist erstmal das Erste. Nice Dia-Show. Danke. Dankeschön. Oh. Ich glaube, diese scheiß Spinne hat sich gerade abgeseilt. Hier ist so eine Scheiß... Ich muss diese Spinne entfernen. Die geht mir so auf den Sack. Look at it. Kleiner Scheißer. Kleiner Pisser, Alter. Kleiner Pisser. Hm? Pisser. Jetzt bist du nicht mehr so mutig, ja? Pisser. Wird es in den Garten gesetzt, dumme Sau. Blöde Kuh. Die hat irgend so ein Vieh. Die hat irgendwas getötet. Wie heißt dieses Gerät? Weiß ich nicht. Das hat meine Mom mal gekauft. Damit kannst du so Käfer und so einen Scheiß einfach einknasten und draus tun. Viel besser als mit einem Glas. Keine Ahnung, wie das heißt. Insektenfänger oder so ein Scheiß? Was weiß ich. Ich hab's nicht konstruiert, die Gerätschaft. So. Raus in die Kälte? Bro, es hat heute 25 Grad oder so. Was für eine Kälte. Es ist jetzt noch ultra warm. Ich habe Fenster offen seit 3 Stunden. Nein, habe ich nicht. Hab's gerade erst aufgemacht. Aber es fühlt sich an, als wäre schon 3 Stunden offen. Und es wird einfach nicht kalt. Kühl. Tja, ich habe nur 400 Guru. Das ist natürlich blöd. Ach so, Greacher. Greacher. Greach Nation. Du kannst keine Gegenstände aus deinem eigenen Shop kaufen. Das ist aber auch nervig, dass man keine einzelnen Items... Warum geht das nicht?
Nee, du musst immer alles raustun und komplett neu aufmachen. Weil das ja so viel besser ist. Also, ey, wir brauchen unbedingt diese Funktion, dass man einzelne Sachen raustun kann. Dass das nicht geht, ist halt Geistes. Also wirklich, so nervig. Stattdessen kaufe ich es jetzt mit meinem eigenen Char. Kannst du doch. Nein, kannst du nicht. Hä? Kannst du eben nicht? Sonst würde ich es doch machen. Einzelne Items kannst du dich raustun, das geht nicht. Also, Greature. Wo sind Sie? Kommen Sie mal Channel 6, bitte. Kommen Sie mal bitte Channel 6. Tun's mir mal angefallen. Am besten zum Mage. Ne, kommen wir zu den Upgrade-Fritzen auf Channel C. Oh, ne, Moment. Oh, ne, doch nicht. Das bist du. Eieieiei. Alle Tickets weg, schade. Ja, Auslosung müssen wir auch gleich noch machen. Ich habe so viel zu tun, Mensch. Ich bin so ein busy Dude. Lord Söckchen. Dankeschön, Sir. Ich habe mich gerade zweimal mit E-Sportler angehandelt, geht einfach nicht. Okay. Ja, dann... Ja, meine Aerons reichen nicht für 20 S-Products. Aber ich meine, plus 6, das sollte eigentlich ziemlich einfach sein, ne? Verdammt. Das Ärgerliche ist ja, dass Death in diesem Spiel so gut wie gar nichts bringt. Collector upgraden, geht's dann schneller oder bekommt man mehr Mets? Es geht schneller. Okay, und wie viel ist hier die Chance? Oh, nur noch 54. Oh, das ist wenig. Das ist sehr wenig. Ah. Autsch. Autsch, 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 Autsch. Aua, 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 aua. Das tut natürlich weh, ne? Verlierst 2 Power Dice und die Mets, wenn es fehlschlägt. Okay, hat geklappt, cool. Aber ein Teil plus 6 bringt nichts. Ah, ist das ärgerlich. Ich kann es nur noch einmal probieren, eigentlich, wenn es dann fehlschlägt. Das habe ich nicht mehr genug Mets. Na, leck mich. Arsch, Kackewurst. Wenn es jetzt fehlschlägt, wäre auch bitter. Okay. Ausgerechnet Aerons habe ich keine mehr. Alle anderen Mets habe ich noch so viele von. 5500, du dreckiger Scammer, ey.
Kurz gucken, ob jemand günstige Aerons hat. Dann kaufe ich noch ein paar. Aber auch Power Dice technisch könnte es knapp werden. Bitte, das ist unter meiner Würde. Tenshi. Dankeschön. Woher so viel Cash, Sir? Junge, ich spiele den ganzen Tag Flive, das ist nicht viel Geld. Ich zock's literally seit 11 Stunden schon wieder. Das ist doch nicht viel Geld. Danke vielmals für den Sub, da wurde aber keine Zeit gerade aufgerechnet, oder? Da hat der Timer gerade mal wieder gar nichts gemacht, glaube ich. Da wurde gerade mal wieder nichts gemacht. Nope. Nee, Güte. Der ist aber auch wirklich launisch. Manchmal machen wir was. Manchmal macht er was und manchmal macht er gar nichts. Ein launisches Biest. Ein verdammt launisches Biest. So. Abgehoben, Styler. Unter diesem Namen kennt man mich, Sir. Da auf dem Channel ist einfach gar nichts. The fuck? Creature. Dankeschön für den Sub. Appreciated. Dankeschön, Sir. Junge, wieso ist alles so günstig? Wieso haben die alle nur Minerals, Mann? Wieso hat denn keine Aerons? Mensch, Leute. Ist immer das, was man will, ist immer das teuerste, ne? Cheapest Mats. Minerals 3K. Das gibt's doch nicht. Es ist jetzt ein Scherz, oder? Die verkaufen nur Minerals so günstig. Und genau die Aerons sind so teuer plötzlich. Mein Gott. Ah, ist das nervig. Irgendwo St. Morning oder so steht jetzt wahrscheinlich einer mit Aerons für 3K. Oh, hier hat einer 4K. Passt. Hat sich gerade leider erledigt, Death Ray Man. Also, ich habe 12 S-Product und muss 3 Teile plus 6 kriegen. Das... Boah. Das ist auch Mammutaufgabe, Mensch. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen plus 5 und plus 6? Das lohnt sich wahrscheinlich schon wieder überhaupt nicht, was ich hier gerade mache. Wie hält man das FEC-Logo über seinen Namen? Taste U, FEC-Level erreichen und abholen. Also plus 5 ist alles Stats plus 3 HP plus 5. Und plus 6 kriegt man noch 1% ADK dazu. Naja. Lohnt sich eigentlich echt nicht wirklich, aber egal. Bitte, 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 bitte. Yes. Komm schon, bitte, 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 bitte. Komm schon, bitte, 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 bitte. Yes. Okay, nice. Bitte, 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 bitte. Yes. Komm schon, bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Yes. Und bitte, 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 bitte. Sir? Mr. Krabs redet wieder mit seinem Radio. Oh shit, nur noch 54. Ich habe noch genau 54. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Ja, Alter, ich habe genau 54. Ey. Calculated as fuck. Holy shit, ich habe doch 0 Errands, alle weg.
Okay, das wird halt einfach überhaupt nichts gebracht haben. Das wird halt literally nichts gebracht haben. Aber egal. Dann wollte ich mir noch den NPC kaufen. Minus 3% PvE-Damage vom NPC. Alles fake, ey. Und der Boy... Ach, ich kann nicht mehr reden. Reden ist schwierig. Also, jetzt brauche ich noch 3000 F-Coin. Jetzt muss ich noch 3000 F-Coin kaufen. Der Typ, der massenhaft A-Pros für 4,1 verkauft, ist einfach Zanji. Verkauft mir jemand F-Coins zum 82er-Kurs von euch? Wie viele brauche ich? 3280 wären das, glaube ich. ...3280 mal... 0, nee. Mal 82. 3082 mal 80. 262,4 Millionen Penya wären das. Ist sogar noch relativ viel Geld übrig, tatsächlich. Kannst du geben? Perfekt. Nice. Wo bist du, GT? Das wäre dann quasi einmal die Red Scroll, also Party, die für 3000, die Full Party Skill 30 Tage für 3000. Und zweimal NPC 15 Tage Alice. Alice 15 Tage, ja, zweimal. Wann und wo, aber ohne Treten? Mir egal, also ich kann auch zu dir kommen, aber ich werde jetzt gerade Flares Channel 1 Post. Brauche ich noch eine Scroll dazu für mehr Partypunkte pro Level? Nee. Jetzt habe ich zweimal das FEC-Ding 3 Tage. Wollte ich eigentlich gar nicht haben. Aber egal, jetzt habe ich es nochmal zweimal. Oh. Buff, please. Ah. Habuff Po. Sir. I'm sorry. Sag noch mal, was du wolltest. Achso, zweimal Alice 15 Tage, musst du einfach nur Alice eingeben, diesen NPC. Zweimal Alice 15 Tage und einmal diese rote Party-Scroll für 3000. Musst du einfach nur Party eingeben und dann Full Party-Skill für 30 Tage für 3000. Hey, das ist Bill Gates. Das ist Bill Gates China.
Also das heißt wahrscheinlich nicht China, aber... Ja. Da ist Bill Gates mit chinesischen Zeichen dran. Höchstwahrscheinlich heißt das nicht China. Warum nehme ich nicht die Combine für 5,5? Was noch? Party. Full Partys geht 30 Tage. Warum ich nicht die Combine nehme? Erstens, weil sie fast doppelt so teuer ist und weil man sie nicht zwingend braucht. Mir reicht die rote. Ich finde das so oder so beides geistesgestört teuer. Und wahrscheinlich werde ich dann einfach Solo-Partys machen. Mal gucken, wie es so punktemäßig sich ausgeht. Saiga. Lol. Als Wollen brauchst du lange für Level 40? Ich sage ja, mal gucken. Es ist ein Test. Ich sag mal so, wenn es nicht gut läuft, kann ich ja danach wieder die pinke nehmen. Danke dir. Wenn es nicht gut läuft, hätte es die richtige holen sollen. Die richtige? Du bist der Dreckiger, jeder. Das kannst du immer gut verkaufen, hast den Preis damit wieder drin. Aber wieso soll ich Pies verkaufen? Ich benutze sie doch selber. Ja. Wieso sollte ich die verkaufen? Zum Ende hin halt. Er sagte, kauft keiner Partys auf dem Server, habe ich das Gefühl. Naja, mal gucken. Ich habe jetzt ja noch einen Tag nochmal die pinke. Werde ich höchstwahrscheinlich benutzen. Und dann mal schauen. Partys werden immer gekauft. Doubt it. 3 S-Projekt Glow ich auch noch übrig. Okay, dann noch den NPC aufstellen und in meine Ding mit reinnehmen. In meine Voreinstellungen. Legit hat in dem Moment jemand geschrieben, bei Pile 40 plus. Whatever. Verdammte Kritiker. NPC Nation. NPC Nation 21. Zieht euch diese NPC Nation rein, Alter. Und mittendrin der größte NPC. Mittendrin steht der größte NPC. Bruh. Meine Armee von NPCs. Sie wächst und gedeiht. Ist das Kabelhaus oder normales? Normales, Sir. Achso, man könnte nochmal nach einer Krabbe suchen, ne? Aber ich habe kein Geld mehr. Ja, meint, ich hab kein Geld mehr. Stimmt, ich habe gerade mein ganzes Geld ausgegeben. Schon wieder vergessen. Non-profitable Character. Also das für 100 Mio gekauft, Bro. Ja, das habe ich schon vor ein paar Tagen gekauft. Das habe ich schon am Freitag gekauft. Freitag oder Samstag. Ein Immobilienhai. Hi. Hi, Immobilie. Shenya, hau rein, Sir. See you later, Alligator. Gut, dann kann ich jetzt ja endlich spielen. Hm? Oder so. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
Also Stream Store. Wenn auf einem Bogenfeuer plus 1 ist, mache ich bei Feuermobs auch weniger Damage. Nö, das ist neutral. Feuer gegen Feuer ist neutral. Okay. Dann laufe ich mal in die Wüste. Wie viel Schaden macht mittlerer CW? Kommt auch ein bisschen auf dein Equipment an, aber schon ein bisschen was. Müsste Minimum 5, also über 5k auf jeden Fall. Braucht man viel mehr Damage? Nee. Er hat gleich 11 oder 12 Millionen mehr als der normale. Was ist denn das hier schon wieder für eine Kacke? Ey! Wie gefällt über diesen dämlichen Berg? Blöde Kuh. Also. Oh mein Gott, mein anderer Char kommt auch nicht rüber. Junge, was ist das? Alter, was ist das? Ich komme nicht über diesen scheiß Berg drüber. What the fuck? Ey, das ist nicht normal. Zieht euch das rein. Ich komme nicht aus diesem scheiß Ding raus. Der lässt mich da nicht hoch? What the fuck? Es wird Zeit, dass ich dieses Premium-Fluggerät bekomme. Allerhöchste Eisenbahn wird es. Skill-Issue? Man muss einfach nur Leertaste gedrückt halten. Eigentlich. Eigentlich. Oh, sorry. Na, unterschätzt das mal nicht. Won't do, bro. Muss wieder nach so einer dämlichen Free-Glücksrad-Website Ausschau halten. Random Spinning Wheel. The Wheel of Names. Ich glaube, das habe ich letztes Mal genommen, ja. Ah ja, das habe ich letztes Mal genommen, tatsächlich. Zeig mir deinen Schmuck. Alles plus 7. Alles plus 7. Wade hat immer plus 20 geupgradet. Schon wieder. Der hat schon 10-mal Schmuck plus 20 gemacht, gefühlt. Ah, he crazy. Das wird so nice, wenn man nicht mehr zur Wüste laufen muss, jeden Tag 20 Mal. Ich dachte, damals plus 7 sind ein Mythos. Ich habe jetzt tatsächlich schon 3 Stück gedroppt. Klick doch einfach. I prefer not to speak. If I speak, I will be in trouble. I hate you. Hate the game, not the player, man. Don't hate the player, hate the game. Ich kann nichts für ihre Armut, Sir. Sorry. Boah. Krieg gerade ein bisschen Müdigkeit. Dabei bin ich noch gar nicht so lange wach, erst 11 Stunden.
War ich noch einen Demolder Arc plus 7 zu verkaufen? Habe ich noch einen? Nee. Ich habe eigentlich alles, was ich zu verkaufen habe, habe ich in meinem Shop. Ist sie in meinem Shop. Ach so, Tower Dailies. Warum fällt mir das eigentlich immer ein? Ach, wobei, ich habe gar keine Party, noch meint. Ich habe gar keine Party. Ich habe gar keine Party. Na egal, machen wir jetzt das Giveaway. Sorry, ihr habt jetzt kurz Standbild, während ich alles vorbereite. Machen erstmal das Stealth 600 Giveaway. Ja, Gespenst, du hast aber gut zugelangt hier. Mr. Gratis Headset. Was ging die Tidesuit eigentlich weg? War eine Tyrant Suit. 70. Honsen, danke für den Follow. Giveaway. Ja, das Turtle Beach Giveaway, mein lieber Herr. Gesangsverein. Gibt es irgendwelche Tricks, um so hoch im Level zu kommen in der kurzen Zeit wie ich? Nicht schlafen gehen. Ich denke, das Einzige, was mir da einfällt, ist nicht schlafen gehen. Nee, aber wirklich, also, ja. Einfach so viel spielen, wie du willst. Wie du kannst. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Also ich denke nicht, dass ich besonders gut oder schlecht gespielt habe. Ich habe einfach nur viel gespielt. Und ich sag mal so, je mehr du spielst, desto mehr kannst du halt auch Glück haben, ne? Es gehört halt auch manchmal eine Prise Glück dazu. Also mein Start lief jetzt nicht so gut. Aber heute und gestern, würde ich sagen, hatte ich deutlich mehr Glück. Wie viel war es? Sehr viel. Also ich habe seitdem der Server gestartet ist, seit der Server gestartet ist, habe ich nur 22 Stunden geschlafen. Und ja, das ist ziemlich wenig, glaube ich. Und von der restlichen Zeit habe ich nur so 3-4 Stunden Pause gemacht. Die gesamte restliche Zeit habe ich eigentlich gezockt. Was bedeutet der grüne Timer, Amala? Das ist der Sabaton-Timer. Richtig V6-Style. Yeah, richtig süchtig. Gerade dreimal in Folge auf plus 5 gefällt, das sind 81%. Uff. Das ist crazy unlucky. Are you giving away free stuff? No. Wie hat's Jax geschafft, 2 Tickets nahe zu kaufen? Das ist ja crazy. Dieser alte Cheater. Es gab heute zu essen am Maler 2 Tiefkühlpizzen. Eine vegane Tiefkühlpizza und eine
Spezial. Und bei dir? Yo, Jax, 4 Tickets in a row? Alter, Jax ist aber gut dabei hier. Na, mein lieber Scholli. Hähnchenkeule. Cool. Das hat's. Okay. Dann muss ich nochmal double checken. Oh, Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. 25. Passt. Okay. Spaß. Entschuldigung. Nein, meine ich. Nicht abschalten, nein. Also, Giveaway Nummer 1. Oh, verdammte. Oh, bin ich jetzt so müde plötzlich. Giveaway Nummer 1 ist das Stealth Pro 600 Headset. Das sind unsere Teilnehmer, die sind schon drin, also ihr könnt jetzt nicht mehr mitmachen. Gratis Headset von Turtle Beach, sponsort bei Turtle Beach. Nochmal danke an Turtle Beach, dass die uns das Ganze hier ermöglichen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich teilnehme. Ausrufezeichen Store, Sir, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Da hättest du die ganze Zeit reingehen müssen. Das habe ich so oft gesagt, Sir. Das habe ich wirklich 50 Mal gesagt seit Donnerstag. Da gehst du einfach rein, meldest dich mit Twitch an, sammelst Punkte passiv, wenn du zuschaust. Noch nie gehört. Sir. Wieso haben es dann diese ganzen anderen Leute hier gehört, Sir, wenn ich das nie erwähnt habe? Das muss sehr unlucky gewesen sein, wenn du das kein Mal gehört hast, dann warst du immer da, wo ich es nicht gesagt habe. Ja. Wieso steht dein Name da nicht? Weil du nicht teilgenommen hast. Dafür fehlt mir die Erfahrung, um das jetzt zu lösen, das Rätsel. Was? Alles deine Account. Was? Es wurden 33 Tickets eingelöst und hier haben wir 33 Entries. Du bist wahrscheinlich dann beim anderen Ding dabei. Oder du hast einfach gar kein Ticket gekauft und trollst nur. Das kann auch sein. Auf jeden Fall, ja, Glückwunsch an den, nicht Glückwunsch, viel Glück an die Gewinner, an die Teilnehmer. Und ich würde sagen, wir losen aus in 3, 2, 1, let's go. Oh, Senno. We have a winner, Senno. Let's go. Okay. Stealth 600 geht an Senno. Let's go. Aber das war's noch nicht. Wir haben ja 2 Headsets. Ich brauche nur wieder kurz, um die ganzen Namen hier in dieses dämliche Glücksrad zu kopieren. Gebt mir ein paar Minütchen. Das war Headset Nummer 1. Sponsored bei Turtle Beach, by the way. Check it out, Turtle Beach. Link in the Chat. 10% Rabatt mit Code Spielestyler auf alle Produkte. Könnt euch da jederzeit euer eigenes Headset holen. Und dann, ja. Schauen wir mal. What is keyword? There is no keyword. This is not a live giveaway. This already happened, so to speak. Sir. This already happened, sir. Like, you had to buy a ticket and, yeah.
Da kommen die ganzen Loot-Geilen plötzlich in den Chat. Wieso rede ich auf Englisch? Das ist echt schon eine gute Frage. Wegen Atomox. Weil Atomox auf Englisch gefragt hat, was hier abgeht. Gute Frage. Bessere Antwort. So. Ist das umständlich, aber anders geht's leider nicht. Weil eigentlich kann ich es euch auch zeigen. Ist besser als... What the fuck? Sorry, I don't understand German. Don't worry, nobody is perfect. What the fuck? Also dieses FEC schon Geld ausgegeben oder noch Free-to-Play? 6.000 Euro. Ich meine Free-to-Play, Free-to-Play, Free-to-Play. Ich meinte Free-to-Play. Ja, was? Nein! Ey! Missklick! Das zählt nicht! Das zählt nicht! What the fuck? Ey, ich wollte das Ding reinklicken. No. The fuck? I'm sorry. Das war doch nicht mal die Hälfte der Leute. Das war ein Missklick. Fatfinger. Fatfinger. Das zählt nicht. War doch nicht mal ansatzweise fertig. Ah, man. Ich hätte es euch doch nicht zeigen sollen. Dann hättet ihr den Fettfinger nicht gesehen. Meine Güte. So. Das war jetzt erst die Hälfte? Oh Gott. Das war erst die Hälfte. Was muss man ausschalten, damit man keine Ex einsammelt? Begleiter. Begleiter musst du ausmachen. Da. Fat finger, man. Fat freaking finger. I'm too tired for that, man.
I am too tired for that. Ja, wenn du hier so ganz knapp, ja. Zweimal Hupe. Rocky. Ups. Ich muss weniger Tickets nächstes Mal machen. Das sind viel zu viele Tickets. Ich muss nächstes Mal weniger machen. Das ist ein Witz. Oh mein Gott, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. We did it. Wieder rigged. So, jetzt ist aber fertig. Einfach dem Partner sagen, die müssen jetzt 2 mehr rausrücken. Das sagst du ihnen. So, dann Atlas Air Giveaway. Waren das gleich viele bei beiden Headsets? Nee. Nee, waren es nicht. Wenn ich nicht gewinne, ist es ein Scam, Leute. Ja, so funktioniert das in der Regel. Wenn man selbst gewinnt, dann passt alles. Wenn man nicht gewinnt, dann Scam. You get the spirit. What's the price? A Turtle Beach headset. Sponsored by Turtle Beach. Use code Spielestyler for 10% discount on all Turtle Beach products. turtlebeach.gg/Spielestyler. Viel Glück. Ich mach 3, 2, 1. Let's go! Nein. Oh, ich wollte schon sagen. Knackti hat schon mal ein Giveaway gewonnen, deswegen. Jax Irish. The one and only Jax Irish. Ist der hier? Jax Irish? Jax Iris? Ist, glaube ich, nicht da, leider. Na, der wird ja aus allen Wolken fallen. Der wird aus allen Wolken fallen. The Boy. Ist mein Zweitname. Doubt it. Er meinte, wenn er es verpasst, bekomme ich es. Ein Glück, dass man nicht anwesend sein musste. Okay. Du bringst es ihm vorbei. Nice. So. Boy. Ich bin gerade richtig platted irgendwie. Jesus. Puh. Ist wie so eine wie so ein Nachmittagstief nach dem Mittagessen.
11 Minuten noch. Außer... Ist die Batteriesäure... Ach, Tower. Stimmt, du wolltest... Gut, dass du es sagst. Jetzt hab ich schon... Ach nein, nein. Ich brauche erstmal eine Party. Sucht jemand eine Party. Disco, Party. Channel 5. Disco, Party und Channel 5. Irgendjemand? Neu. Muss neu gezogen werden. Neu ziehen. Ziehe meinen Finger. Ah, okay. Umso höher das Element, umso höher der Schaden. Kommt drauf an. Nicht immer. Nicht immer. Bei Elementor zum Beispiel nicht und bei Ranger AOE auch nicht und es gibt noch ein paar andere Ausnahmen. Vergesst nicht euer Cheer, by the way. Cheer Nation. Bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt irgendwie besser ist. Also HP habe ich nicht wirklich dazu gewonnen. Meine HP sind basically die gleichen wie gerade eben. Also für die Muffrins meine ich. Sind mehr oder weniger die gleichen. Aber ich habe minus 3% PvE Damage und ein bisschen mehr Death, I guess. Schau mal. Was hast du gehabt? Mein Set von 4 auf 6 jetzt mal. Ich meine, das trage ich jetzt ja auch ein bisschen länger. Davor habe ich das irgendwie nicht eingesehen, wenn ich so schnell wechsle. Aber jetzt brauche ich es ja bis 135 und ich bin literally immer noch 105. Also ich brauche es dann bis, also 30 Level lang. Das ist schon lange. Wow. Okay, es hat gar nichts gebracht. Alter Schwede, ich hatte legit noch 1 HP. Ah, wieso denn? Wieso? Das ist nicht mal ein Expert-Chef, Muffrin. Wenn das ein Expert gewesen wäre, wäre ich... Oh, meine Kamera hängt. Wenn das ein Expert gewesen wäre, wäre ich wieder tot gewesen. The fuck, Alter? Das ist geisteskrank. Die zerfleischen, die zerreißen mich in der Luft, ey. Die zerhackfleischen meinen Hackfleisch-Hasser. Hackender Hasser. Die zerhackfleischen mein Asshole. E-Sportler hier spammen. Es bringt nicht viel, hier zu spammen, wenn du gewone-shottet wirst. Ich heal mich gar nicht, weil ich Moonbeam auf der 1 habe, sehe ich gerade. Nice, chillig. Chillig. Junge, ich habe die ganze Zeit Moonbeam gedrückt. Ah. Oh mein Gott. Und da war's das mit mir. Es ist unmöglich. Can't do it, man. Wird Zeit für ein bisschen Hit-and-Run-Action. Jester's Blast, die hässlichen Fressen dieser Typen. Jester's Blast. Oh, do something. Hit and run, baby. Die Monster sind Trash, skip die. Kann ich nicht. Ach, triff doch, Mädel. Mensch. Alice auf der Suit. Blitz plus 4. Blitz plus 4, Baby.
Er hat mich literally gewone-shottet. Ich hatte Full Life. Warst du nicht Full Life? Doch. Ist das nicht seit 12 Jahren tot? Und wie ich Full Life war. Er hat einen Doppelhit gemacht. Warst nicht Full Life? Schau, nennen Sie mich nie wieder einen Lügner, Sir. Ich lüge nicht. 1647, 6402, Full Life. Und was passiert? Er macht einen Doppelhit. Videobeweis. Wieso soll ich lügen, wenn ich streame? Es ist literally on camera. Ich habe Full Life, er holt aus. Und er macht einfach zweimal Schaden, der dumme Piep. Der hat mich literally gewone-hitted. Ich war Full Life. Das ist geistesgestört. Das ist wirklich geistesgestört. Tja, dann Kreditkarte zücken. Element Defense Stone. Bringt da auch nichts wahrscheinlich. Wüste haben die Mobs für Rage Face. Ich weiß. Das haben sie trotzdem. Ja, ich kann nicht mehr reden. Ich weiß, dass die Rage Face haben. Das ist trotzdem lächerlich. Wie viel habe ich meinen CW-Part verkauft, was nicht auf dem Markt war? 500 F-Coin. Ach man. Ja, gibt's hier noch Filler für eine angehende Party? Auch cool, dass sie die Monster in der Wüste schon mal schwächer gemacht haben. Die Rage-Face von denen. Und ich einfach trotzdem noch gewone-shottet werde. Ich meine, aber es ist schon komisch trotzdem. Chimeradons, warum macht er überhaupt zweimal Schaden, dieser Affe? 3 Plätze frei? Uff, Martin. Eigentlich nicht, weil dann, wie kriege ich den letzten Platz voll? Martin. Martin. Mit Gauns werde ich immer noch weggemacht. Kein Vergleich zum Ranger. Mist. Also du kannst mit 3 rein, wenn du noch einen 4. online holst, der auch fällt. Dann schon, sonst nicht. Einen einzelnen Slot zu belegen ist blöd. Shoutout, 3-4 Stunden ein Teilzeit plus 5-12% zu verkaufen, hat wer Interesse, sehr fair preisgeil im Chat.
Poison verdoppelt den Schaden? Poison hat doch nur High Healing Reduction. Was für eine Verschwendung meines Talents. Nick! Nick! Berserk Attack Power 80%. Was war es denn vorher? 120 oder was? Ich schaue mir gerade die Stats von diesen dummen Mistviechern an. Die machen einfach 80% mehr Schaden. In Rage. Schon wieder Camp Freeze? Meine Güte. Nick! Danke dir für die Subs. Appreciated. Ah, man, oh man, oh man, oh man, oh man. Also ich glaube, das Problem sind einfach literally die 80% Schaden. Also wie sieht's aus, Martin? Hast du noch einen Chart zum Online holen oder geht es da nicht? Poison Sting. Ja, aber der Initial Hit vom Poison ist doch nicht über 2000. Der hat... Also bei der Ability steht dabei Attribute Poison, Damage over Time, Current Damage. I don't know, man. Also für mich sieht das aus, also für mich sah das irgendwie nicht legit aus, was gerade passiert ist. Also anscheinend ist das so, aber keine Ahnung. Also ich meine, es kann schon sein, dass die so viel Schaden machen, dass sie mich one-shotten. Das kann natürlich schon sein. Aber das sah irgendwie gerade einfach nicht legit aus. Dieses Doppel-Damage-Dingens da. Irgendwie sah es gerade nicht legit aus. Ich meine, die 111er sollten ja zumindest gehen. Dann muss ich halt noch 1-2 Level warten für die anderen Spackos. Aber ich meine, wie gesagt, Element auf der Suit, ich meine, ist nicht viel, 4, aber ist besser als nix. Nochmal die Def erhöht und minus 3% PvE-Schaden. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe. Ist jetzt ja nicht so, dass ich einfach hingegangen bin. Ja, aber der hat, also das ergibt keinen Sinn. Der hat jetzt auch nur 3600 gemacht. Oder liegt es wirklich an den Experts? Warte mal. Vielleicht haben die anderen nicht so eine krasse Rage-Face. Vielleicht sind das nur die Experts, die so geistesgestört reinhauen. Was sind das hier? Trainee ist der 112er. Also der 112er hat mir jetzt in Rage, glaube ich, 3,6 gemacht mit einem Hit. Mit so einem Doppelhit. Wie kann mir der andere dann 6,4 machen? Das ist fast doppelt so viel. Also der Trainee hat mir, glaube ich, gerade 2,1 und 1,5 gemacht. Also 3,6. Und der andere hat 6,4 gemacht. Das ist... The fuck? Wie kann das sein? Wie kann das so viel höher sein? Tatsächlich, der Trainee hat nur 50%. Ah ne, das ist nicht Rage. Oh mein Gott. Ne, die one-shotten mich auch. Okay, doch, Bo, du hast recht. Das ist der Initial Poison Skill. Der Initial Poison Skill ist einfach ein normaler Auto-Attack fast. Also der normale Auto-Attack macht 1,5 und der Poison-Attack macht... ne, der Poison macht 1,5 und der normale macht 2,1. Er gibt 3,6 ohne Rage. Und das nochmal plus 50% in Rage. Was ist das? 5,4. Also in Rage machen die mir 5400 mit einem Schlag. Wer denkt sich diese Scheiße eigentlich aus? The fuck? Was stimmt mit Leuten nicht, die sich sowas ausdenken? Heilige Makrele. Was zum Teufel ist wrong mit denen? Welcher Channel bist du? Channel 5, please, Leo. Ich bin gerade richtig sauer, ey. Das ist halt wirklich, was zum Teufel soll denn das, Mann? Also, das ist nicht nur Wüste, das ist literally nur die Muffrins machen das. Naja, die Burnakeys machen sowas ähnliches. Bei den Burnakeys ist es wahrscheinlich das gleiche oder so ähnlich. Aber ich hab nie realisiert, dass dieses Gift initially
so einen geistesgestörten Schaden macht. Weil ich die ja nie gefacetankt habe. Ich bin immer vor den weggelaufen, sag ich mal. Das wusste ich nicht, dass das so viel Schaden macht. Dass die im Endeffekt effektiv wirklich zweimal zuschlagen, das wusste ich nicht. Das spüre ich heute zum ersten Mal, diesen Scheißdreck. Aber es ergibt halt eigentlich auch keinen Sinn, weil dieser Damage over Time Skill soll ja eigentlich dafür sorgen, dass du halt nicht so viel fooden kannst. Und halt ein bisschen Damage over Time so. Also ich finde es halt irgendwie unverschämt, dass das dann auch noch zusätzlich so viel Schaden macht. Also wie gesagt, wer denkt sich so einen Scheiß aus? Oh Mann. Was für ein Bummer. What a Bummer. Das zieht einen ja richtig runter, Mann. Aber ja, Death Upcut Stone dann rein. Und dann hoffen die noch ein paar Level machen. Der einzige Vorteil könnte sein, wenn du bereits vergiftet bist, dann kriegst du wahrscheinlich nicht den Doppelhit, weil dann bist du ja schon vergiftet. No. Stammt noch aus den Zeiten, wo es der absolute Endgame-Shit war. Tja, es ist immer noch Endgame-Shit. Vor allem ist es Shit. Überwiegend ist es einfach nur Shit. Hauptsächlich ist es einfach nur Shit. Also haben wir noch 2 Filler für die Party. Sucht noch jemand eine Party? Ja, aber ich kaufe keine Power-Ups, Bolt. Die Death Upcut Stones habe ich gratis bekommen. Ich gebe doch kein Geld für Power-Ups aus. Wie sehe ich für Sie aus, Sir? Wie jemand, der Geld besitzt? Nein. Ich sehe aus wie jemand, der kein Geld besitzt. Sir. Death gibt's gratis im Battle Pass. Wow. Nö. Das ist eine Attack Stone. Sorry, Mister, ich habe Battle Pass bereits auf Level 86. Ach du Scheiße. Ja, 2 Stück Bolt. Das ist nichts. Oh oh. No! Ach, verpiss dich, ey. Junge, ich habe halt literally keinen Bock mehr, Mann. The fuck is happening? Literally kein Bock mehr. Wieder gestorben. Wieder zurückfliegen, was 3 Minuten dauert. Ohne Heal kann ich nicht spielen. Wow. Das Game schafft es wirklich immer wieder, dir komplett eine Faust ins Gesicht zu jagen, die dich komplett hops nimmt. Ist das ein Dreck, ey. Aber es ist halt wirklich so, die sind halt einfach 3-mal so stark wie die Chimeradons gefühlt. Die Chimeradons waren am Anfang ätzend. Machst Feuer auf die Suit, etc. Weil die Chimeradons so schnell angreifen. Da hast du es endlich mal geschafft, die Chimeradons zu bändigen, gehst zu den nächsten Monstern und kriegst eine Schelle nach der anderen, sodass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Also, das ist geistesgestört. Und dann jedes Mal mit diesem scheiß Besen, das einfach 50 Jahre dauert, diese scheiß Wüste zu fliegen.
Ah, ist das eine Zeitverschwendung, ey. Meine Fresse. Gleich bei Chimeradon bis 107 und gehe direkt Astria. Also die einzigen Mobs, wo es auch... Also Chimeradon und Popcrank, die haben beide nichts was Spezielles. Die machen einfach nur viel Schaden. Aber Burniki und Muffrin haben beide diesen beschissenen Scheißdreck, der noch Zusatzdamage macht. Warum kaufe ich mir nicht den besten Besen? Weil ich in etwas über 24 Stunden kriege ich 15 Tage gratis Premium-Fluggerät. Außerdem ist der beste Besen genauso scheiße, der ist auch viel zu langsam. Der fliegt 13 km/h schneller, das ist auch nicht besser. Auch noch viel zu langsam. Man könnte auch einfach einen der 5 RMs, die da im Umkreis laufen, nach Rest fragen. Nö, die resten dich nicht. Die meisten sind extrem toxic, Sir, auf dem Server. It is what it is. Skill issue. Abgesehen davon haben die dann Rest auf Level 1. Wenn der dich mit Rest auf Level 1 Rest bringt es dir auch nicht viel. Das tiltet dann auch nur rein. Wenn du trotz Rest trotzdem 3% verlierst. Dann kann man es auch gleich sein lassen. So, wo liegt jetzt diese scheiß Box? Oh oh. Der Damage wird mir stinken, wenn ich du wäre. Tut er auch. Tut er auch. Was ist es? 1,36. Dann passt ja eigentlich 1,50, ne? Ne, 52. 16 war mal. Danke dir nochmal, Nick. Wurde leider beschattet. Die nice Geste von Nick. Von diesem kläglichen Versuch in der Wüste, was zu erreichen. Fällt man mit Rest Max ist keine XP mehr. Doch, aber nur 0,3. Aber wenn Rest auf Level 1 ist, verlierst du 2,95. Oder so. Oder 2,90. Keine Ahnung. Also es ist fast das gleiche. Also wenn ich jemand mit Level 1 Rest, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Dann, ja. Ja, ich meine, ich habe halt bei den Viechern noch nie 1v1 gelevelt, deswegen wusste ich das jetzt nicht so. Also ich meine, ich wusste natürlich, dass sie viel Schaden machen. Ich weiß, dass die Wüste viel Schaden macht und pipapo. Das an sich wusste ich natürlich alles schon, aber so direkt, habe ich das jetzt noch nie erlebt. Also halt vor allem so kontinuierlich, ne? Das Elementor wirst du halt einmal gehittet und dann hoffentlich für eine ganze Weile nicht mehr. Wobei ich beim Elle auch immer das Gefühl hatte, ich meine, zumindest ergibt das jetzt für mich ein bisschen mehr Sinn. Also, oder besser gesagt, ja, also bei Elle, also meine Elementorin wurde in der Wüste auch manchmal fast schon unverständlicherweise von einem Monster gehittet. Da habe ich es dann auch einfach immer mit Rage Face einfach abgetan. Aber das waren dann wahrscheinlich ähnliche Situationen, wo ja, es ist schon Rage Face, aber halt auch einfach die Tatsache, dass das Vieh dir halt einfach 2 Schläge reinknüppelt in Rage Face. Und du dann halt, wie hier jetzt, was waren es, 3600 und dann nochmal plus 50%. Dann macht das halt einfach mal 5000 Schaden. Oder bei dem anderen 80%. Plus er macht nicht 3600, sondern wahrscheinlich 4000 plus 80%. Und plötzlich brauchst du einfach über 7000 Leben
Nur für so ein scheiß normales Monster, um nicht zu sterben. Wo du ja schon fast auf Giant-Niveau bist dann. Also, ist schon crazy. Vor allem, es wird auch nicht besser, wenn du ein höheres Level hast, eigentlich. Wird ja nicht besser. Also ja, sie machen ein bisschen weniger Schaden. Wenn ich jetzt 108 oder 9 oder so wäre, klar würden sie dann ein bisschen weniger Schaden machen, aber das Problem an sich würde nicht verschwinden. Weil spätestens, wenn Agro kommt, die also zu zweit sind, dann ist genauso Feierabend. Wird also wirklich nicht besser. Besser wird es nur mit hier noch viel mehr Def, viel mehr HP am besten. In solchen Fällen ist eigentlich immer wirklich HP gut. Wenn du so viel HP hast, dass du einfach gar nicht mehr sterben kannst. Oder halt zumindest genug, dass du nicht mehr gewone-shot werden kannst. Egal, ob die Rage-Face haben oder nicht. Und halt noch mehr Def und so. Aber ja, in dem Fall ist es dann wahrscheinlich einfach klüger, man geht von Chimeradon zu Popcrank, weil die haben diese Doppelhit-Scheiße nicht und das heißt, hier ist es halt schwarz auf weiß. Wenn Chimeradon dir einfach 2500 macht, dann macht er dir 2500 und dann kommt kein Damage over Time direkt dazu und kein Doppelhit und so ein Scheiß. Hier ist es wenigstens schwarz auf weiß. Die Viecher machen Damage, aber das war's. Lyocho bei Giants kann man auch droppen. Immer, theoretisch. Aber ab 5 Leveln, also ich würde maximal 5 Level drüber sein. Für eine gute Droprate, alles andere ist dann schon schlecht. Und das heißt, ich gehe jetzt in den Tower. Ich meine, Burner Keys könnte ich trotzdem probieren. Ich meine, ich habe jetzt ja 60%. Wenn ich Tower mache, hätte ich sogar fast 80%, falls ich ihn schaffe überhaupt. Wird dann direkt die nächste Challenge. Ja, dann kann ich zumindest also ich meine, ich muss zumindest mal die Quest-Items von den Burner Keys sammeln. Ich meine, Burner Keys einfach nur fürs Interesse wäre es ja auch nicht schlecht zu wissen, ob es bei denen wirklich genau das gleiche ist. Aber ich denke schon, dass es bei denen genau das gleiche sein wird. Und ja. Ich meine, zumindest sind die Burner Keys ein bisschen niedriger, also es macht natürlich auch einen kleinen Unterschied. Gucken wir mal. Gucken wir mal, dann sehen wir schon. Hardy ist eh gleich 40. Verrückt. Eine neue Experience. Tja. Ihr wolltet es ja unbedingt. Haben mit 4 Level drüber Gonguri 20 Gigs, 6 Angel-Waffen. Ja. Nett. Schönes Ding, Harry, schönes Ding. Aber auf jeden Fall dieses Set plus 6 machen und der 3% Def-NPC, das hat überhaupt nichts gebracht. Sehr beruhigend, dass das komplett nutzlos war. Hast du tatsächlich da jetzt auch Muffins geskippt mit deinem Jester? Ja, ich meine, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gar nicht probiert, ne, aber... Ich meine... Also, dieses spezifische Szenario, wie keine Ahnung, das muss man ja wirklich mal erlebt haben, sonst glaubt man es gar nicht. Wenn man das nicht selber mal am eigenen Leib erfahren hat, dann glaubt man es nicht. Wie bekommt man den Namen Rot und was genau habe ich dafür Vor- oder Nachteile? Gar keine Vor- und Nachteile und es ist für 200 PK-Chips 7 Tage. Kannst du die Farbe aussuchen. Gibt auch alle anderen Farben. Grün, Orange und so ein Scheiß. Blau. Aber sind Mörder auch nicht rot gemarkt? Nur für eine kurze Zeit, glaube ich. Es gibt, glaube ich, keine Mörder mehr so richtig. Das PK-System wurde ja mehr oder weniger eigentlich abgeschafft. Es geht jetzt ja nur noch um diese PK-Chips. Ansonsten gibt es ja eigentlich kein wirkliches PK mehr. Geht es eigentlich nur noch darum, diese PK-Chips zu sammeln. Das PK-Chip wurde PK-System wurde mehr oder weniger eigentlich ersetzt oder abgeschafft. Weil es einfach kacke war. Und dann haben sie ja diese dämlichen Chips eingeführt, die man halt farmen kann. Und das ist jetzt eigentlich das Einzige, was übrig ist vom PK-System. Alles andere haben sie weggemacht. Einfach längst überflüssig. Man wird aber in der Stadt von den Wachen immer noch kaputt gemacht. Ja,
Ja, wow, musst halt Channel wechseln, bevor du in die Stadt gehst. Who cares? Also, keine Ahnung, ich finde es einfach extrem überflüssig, das ganze System. Und die PK-Chip-Belohnungen sind auch kacke. Also, meiner Meinung nach gehört das einfach weg. Kann man da Items verlieren? Nö. Nick in die Gilde einladen, Sir. Kommen Sie Channel 5, Sir. Channel 5. Der Black Wish Wand. Black Wish Wand. Passiert irgendwas, wenn ich Leute töte, oder kann ich Items verlieren oder sowas? Nö. Es geht nur noch um PK-Chips, wie gesagt. Also du kannst anderen Leuten PK-Chips klauen und andere Leute können dir PK-Chips klauen. Soweit ich weiß, gibt es nichts anderes mehr. Es geht nur noch darum, sich gegenseitig PK-Chips zu klauen, die basically komplett nutzlos sind. Sonst glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, sonst gibt es nichts. Ich dachte, man kann dann so eine andere Map kommen. Nö, genau das haben sie ja eben abgeschafft. Das meine ich die ganze Zeit mit abgeschafft. Genau das alles gibt es nicht mehr. Weil das einfach übelst gehatet wurde. Das wurde einfach übelst gehatet. Und bist du das, Nick? Blademan 123? Das wurde einfach übelst gehatet. War kacke. Unnötig. Und so weiter. Der rote Name ist Perma. Nö, 7 Tage. 7 Tage. 7 Tage. Oh. Aber deine M muss auch noch in die Gilde für Clockwalks. Oder farmst du noch keinen Clockwalks? Your local Bill Gates made another 40 A-Pros. Mr. JG rocks. Mr. A-Product rocks. Hast du eigentlich vorhin mitbekommen, JG? Da stand einer in Flares, der hieß einfach Chinese Bill Gates. Oder besser gesagt Bill Gates an irgendwelche chinesischen Zeichen. Ich habe ihn einfach Chinese Bill Gates genannt. Einfach Chinese Bill Gates, man. Was brauche ich denn eigentlich dann für ein Element Wind, ne? Eron und Krasek. Natürlich. Warum brauche ich eigentlich immer die Materialien, die ich gerade nicht mehr habe? Da ist ein Eron-Catcher. Also in Red Ops bei Klarfahren eigentlich für Baits sind ja nur diese Kack-Skins. Ja, das ist mies. Aber ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Skins gedroppt. Ich habe einen Klarfahren-Cap gedroppt und eine Vatanka-Maske und sonst nichts. Also von diesen Skins habe ich so gut wie nichts bekommen. Crazy. Richtig crazy. Also bei Irene habe ich nichts bekommen, bei Maschbei habe ich nichts bekommen, bei Carrier Bob habe ich nichts bekommen. Klarfahren nur einen Helm. Also ich meine, ich will sie auch gar nicht, aber fand es irritierend, weil hier mit dreifacher Droprate und so, da habe ich auf Borodeng 10-mal so viel gedroppt davon. Auf Borodeng habe ich es dann Popo geschoben bekommen. Hier, boah, nix.
Boah, nix. Du hast 5 Klarfahrtbögen und noch kein einziges Suit. Satire-Suit meinst du, ne? Ja. Naja, Suits habe ich auch nur 2. Sorry. Weite Hell. Meine Herren. Suits habe ich auch noch 2. Die eine habe ich gefühlt instant gedroppt bei Klarfahren und dann Tyrant noch ein paar Stunden später. Aber heute auch keine einzige. 5-mal Assrennen-Gowns, aber keine Suits. Keine Suits. Ist ja auch 3-mal so kurz bei denen. True. Das ist wohl ein Argument. Leveltechnisch war ich heute wirklich nicht sehr produktiv. Ich habe gerade mal 4 Level heute gemacht. Bis jetzt. Da habe ich ein bisschen nachgelassen. Damn it. Wow. Hey, wieso? Oh mein Gott. Mein scheiß AM läuft immer noch mit dem Kollektor rum. Ich denke mir so, ich hier doch die ganze Zeit. Jesus. Oh man. Der hatte noch den Kollektor in der Hand. Meine Fresse. Egal, dann gehe ich jetzt schon mal nach Flowers. Party hat fast 40. Langsam stagniert der Progress bei mir aber auch. Ich bin jetzt 88, komme jetzt zum Chef voran. Penny, einer bleiben gleich. Penny, aber F-Kompress steigen. Yeah. Aber mich hat jetzt einfach diese Wüsten-Experience hier so runtergezogen. Naja. Tower. Jetzt eine AG-Waffe droppen, dann ist alles wieder gut. Der Tower wird mich jetzt auch zerfleischen wahrscheinlich. Bolt, gute Nacht, Sir. Mal gucken, wie der Tower läuft. Erste Tower-Erfahrung auf dem Server. Was genau mache ich an der Wüste nicht? Da wäre die Wüste. Alle Monster, die dort sind. Die Wüste. Alle Monster dort. Und die Wüste. Um ein paar Beispiele zu nennen. Ich wollte jetzt nicht alles auflisten, das wird, glaube ich, zu viel. Was sagen Sie zu den Monstern? Ich würde sagen, ich mag sie nicht. Chimera sind noch okay. Muffins sind richtig Pain. Ja, gleich mal die Burner Keys ausprobieren. Vielleicht soll ich vorher noch Inventar lernen, sonst rege ich mich darüber auch wieder auf. Also 6400 HP. Ich weiß nicht, welches Element die Viecher haben auf Tower F2. Aber Wasser... Ne, Gulas sind sogar Wasser tatsächlich. Das passt sogar. Und Abraxas sind, glaube ich, Feuer oder Wind. Die müssten Feuer oder Wind sein. Let's go, baby, let's go. Also Gulas sind Wasser, das weiß ich. Das passt. Blitz. Ah, ne, Blitz stimmt. Oh, perfekt. Eine smooth Experience. Ich vertraue der 86 sein, also die musst Level 86. Du musst Level 86 sein. Die Monster sind angemessen. Auf einem angemessenen Level. Schau, diese Tower-Etage, auf der ich jetzt gerade bin, startet auf 96 und geht bis 105. Und die schwächsten Monster hier sind 97. Also die werden dann ein Level über dir, zum Beispiel. Wurde schon das Giveaway gemacht beim Lurk? Yeah.
Gewonnen haben Zeno und Jax. Den zweiten Giant schaffen wir bis 86 nicht. Ja, aber du hast ja auch keine Quest für den zweiten Giant. Du greedy Boy. Sir. Du hast ja auch die Quest dafür gar nicht. Warum willst du ihn dann machen? Für die Drops. Ja, aber das Spiel sagt ja quasi... Das Spiel sagt dir im Endeffekt, was du machen sollst. Also letztendlich sagt das Spiel das eigentlich, was du schaffen kannst. Weil mit 88 den ersten Giant ist teilweise auch gar nicht so einfach. Oder mit dem 8er Level. Aber ja. So. Power ist 10 und 12 wäre natürlich noch geil.